Hey Troy, that's a song from me, Lilina, to you. I hope you enjoy it. It's a little chill. Hey, my name is Troy, I'm in the house. I got a big hammer, what you talking about? It's Jonathan, don't let him get out of here, 'cause he swing right back to me. I got good gameplay, no just kidding. I'm chatting and I don't know what I'm doing. I'm chilling here with my awesome chat, but they all wanna fight me until I come back. Franciscus is doing all the jobs. He's twerking from right and up above. He's the cutest nut I've ever seen. You don't believe me? Come hop into the stream, yeah, it's hammer time, hammer time. Shake it with the hammer time, hammer time, hammer time. Shake it like it's hot. Hey there, chat, what's happening? We got me outer space, floating Hawaiian shirts is the way to go. Every girl season drops it low. Shaking the cake and this is how I like it. You better play mobiles or you don't hide it. When chat comes in with the buzz fight, you fight them until you can't hide. It's a hammer time, hammer time. Shake it with the hammer time. Yeah, it's hammer time, hammer time. Shake it like it's hot. Everyone! Hammer time, hammer time. Shake it with the hammer time. Hammer time, hammer time. Shake it like it's hot. Far, where Kokainom.
The Barracks! The Sicher. Barracks! Let's go! Barracks! Grüezi miteinander! Hat die sollen kein Hemdli anlegen, Chat? Ist heute wirklich Tag der Nacktheit? Ist heute der 1. Februar? Ah ja, tatsächlich. Nein, das wollen ihr nicht sehen, Chat. Das wollen ihr nicht sehen. Grüezi miteinander, Chat. Schön sind ihr da. Jetzt wollte ich fragen, wieso sind ihr da? Wieso sind ihr da, Chat? Ich muss mich noch schnell bedanken. Zuerst mal beim Support. Freya, merci vielmals für den Risa beim 18. Monat. Freya und grüezi. Danke und wie geht's dir? Wie geht's dir? Chat, wie geht's euch? Was habe ich verpasst? Ich habe ein paar Sachen noch gelesen im Chat. Dave, wieso sind die Hemden nicht alphabetisch geordnet? Das ist eine gute Frage. Die sind chronologisch geordnet, ne? Ich glaube, immer wenn ich wieder ein Shirt dazu bestellt habe, habe ich das hinzugefügt am Schluss. Irgendwie so, ne? Ich bin mir aber nicht sicher. So, ich begrüße schnell alle. Jenny geht's jetzt zum First und Arti, Grüezi, Specku, Renegade, SDTLC, Nelfi, Swiss Coconut, Rumpelmann und Claudia, Wasserer auf YouTube, hello, Juti, Grüezi, Fienchen, Strohhut Dave, Grüezi Bär, Freya natürlich, Schmarz und Römer, Grüezi miteinander. Wie haben wir's, Chat? Wie haben Sie? Ich habe vorhin noch gesehen, Schmarz hat mir noch etwas auf Discord geschickt. Das gar nicht mehr schüch lesen da. Ui. Der PC ist da. Das sieht so aus, als hättest du die Schachtel bekommen, Schmarz, und dann bist du drinnen gewesen. Ein Klon von dir. Let's go. Oh nein, Sammelkarte. Oh, I'm sorry. Ja, das habe ich weil es halt nicht mein Brand ist, nicht komplett mein Brand und es ist Brack und so. Aber, oh nein. Aber der PC, ich hoffe, es läuft alles und so. Und Jackie Chan, grüezi, was für ein guter Name. Jackie Chan, love it. Love it. Ich müsste wieder mal so Jackie Chan Filme schauen, Chat. Chat, welches ist der beste Jackie Chan Film? Eurer Meinung nach? Muss ich jetzt im Chat haben? Es gibt viele. Es gibt wahrscheinlich viele, die ich nicht einmal kenne. So, jetzt schauen wir mal schnell, wo ich im Chat einsteige. By the way, schnell ein bisschen meine Playlist. Ich glaube, es ist irgendwie so ein bisschen Game-Soundtracks, irgendwas. I don't know, lassen wir das ein bisschen laufen. Sobald Fienchen wieder rum ist, oder sobald wir den Need haben nach Song-Requests, dann schalten wir die ein. Aber ich finde das noch eine mega gemütliche Playlist, die da gerade läuft. So, Chat, wo sind wir? Ich steige mal irgendwann ein. Ich weiss nicht einmal, wo ich einsteige, Chat. Machen wir mal da. Hoffe, hast du einen schönen Geburtstag gehabt. Hey, Specku, es ist schön gewesen. Also, hey, ich habe ja vor allem den Geburtstag mit euch verbracht, sind wir ehrlich, Chat. Ich bin aber vorher noch fein gegessen und so. Und ich habe mich schon ins 25. Lebensjahr so ein bisschen reingelebt, habe es mir gemütlich gemacht und so. Küchenkästchen, Hurentum, aus dem langweiligen Wasser wird rum. Das finde ich gut. Das finde ich geil. Mein Chat-Tool hat das Gefühl, es muss wieder irgendwie etwas machen, was ich nicht will. Schnell F5 drücken. Danke für den Lurk-Support, Juti. Merci vielmals. Und Fienchen übrigens, habe ich schon gesagt, ich habe es gelesen, falls du mich hörst, viel Erfolg beim Kochen und einen guten dann auch. Lass dich nicht stressen, alles gut. Wir säckeln nicht davon.
Jetzt ist ohne Scheiß, jetzt habe ich wieder das Problem mit dem Speakerbot. Was ist auch da immer los mit meinem Speakerbot-Chat? Ich muss das mal beheben. Moment schnell, bin gerade wieder für euch da. So, jetzt aber. Will wir auf dich warten, Troy? Ah? Wartet ihr immer auf mich? An jedem Samstag. Chat. Ich sehe das nämlich schon. Hä? Also heute ist glaube ich, nicht viel los vor dem Stream. aber letztes Mal, ohne Scheiß, ich glaube, wir haben glaub, nie darüber geredet. Oder vorletztes Mal, letzten Samstag, glaube ich, bin ich eine Stunde vor meinem Stream habe ich den Chat aufgemacht und wir sind schon am Chatten gewesen. das ist aber schon recht mindblowing, Chat. Eine Stunde, also irgendwie am 6 Uhr. Und dann komme ich amigs noch zu spät. Das sind wahrscheinlich eher 1,5 Stunden gewesen. Mama, wir können ja immer noch das Bild ausmachen, wenn es uns nicht gefällt, überlassen uns die Wahl. Da fände ich ja gut. Eigentlich müsste ich so zwei Streams rauslassen. So 2 Bilder. 2 Video-Feeds rauslassen. Nicht Feed. Feed. 2 Video-Feeds rauslassen. Und in einem bin ich nackt, original nackt. Und im anderen habe ich so einen Filter drauf, dass ich angelegt bin. Ja, dann könnt ihr entscheiden, was ihr wollt. Oh, geil. Hey, what a Quack, grüezi. Am besten 24/7 live sein. Schwierig. Schwierig. Ja, dann müsst ihr ja so Schlafstreams machen. Bin ich nicht Fan von Schlafstreams. Aber ja, im Moment aktuell bin ich einmal in der Woche live. Ja. Vielleicht könnte man sagen, ja, vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht 2 Tage. Aber ja, das habe ich schon manchmal gesagt. Vielleicht kommt es einmal, aber ich muss zuerst schon mal schauen, ob das überhaupt machbar ist. Chat. Dann müsst ihr ja abschrauben beim Arbeiten. Chat. Ich arbeite noch 100%. Das geht ja gar nicht. Wo bin ich gewesen? Ich springe da irgendwie ein bisschen im Chat um. I'm so sorry. Wo bin ich gewesen? Da. Dürfen wir heute noch Filmmusik wählen? Hey, ihr könnt heute grundsätzlich wieder wählen, was ihr wollt. Ihr dürft sehr gerne Filmmusik machen, finde ich immer geil. Wie gesagt, ich glaube, bei mir läuft jetzt auch gerade eher so etwas Richtung Game-Filmmusik und so. Ich glaube, heute ist wieder so... Ihr gebt den Vibe vor, Chat. Ihr gebt den Vibe vor. Wir machen es so... Oh, da haben wir es. Ich habe noch gefragt, Jackie Chan-Filme. Ich muss da noch schnell im Rumpel seine Nachricht lesen. Hey Troy, du junge, gut aussehender junger Mann, hust. Rumpel? Ich weiss gar nicht, ob ich weiss, wie du aussiehst, Rumpel. Habe ich dich schon mal gesehen? Habe ich dich einmal in einem Livestream gesehen? Bin mir nicht sicher. Aber ich bin mir sicher, du bist auch ein gut aussehender Semi-Junge. Mann. Let's go. Hey, Swissuli, merci vielmals für den Resub im 6. Monat. Tier 2 dann noch. Tier 2, Swissuli, merci vielmals für deinen Support. Und wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Und Jessie, Aloha. Aloha, Jessie. Ich muss mir auch mal irgendetwas Schönes noch einfallen. So die schönste Sonnenblume im wie ist das gegangen? Im Norden, oder? Jetzt habe ich etwas durcheinander gebracht, oder? Muss mir da auch mal irgendetwas Gescheites einfallen. Jessie, wie geht's dir? So. Genau, die besten Jackie Chan-Filme habe ich mal gefragt. Rush Hour finde ich eben auch, ist bei mir ganz weit oben. Ist halt einer der bekannteren Filme. Ich glaube, Jackie Chan hat auch viele weniger bekannte Filme oder nicht so die ich sage jetzt mal weniger so Blockbuster-Movies oder auch Hollywood-Movies und Rush Hour ist natürlich so, einer der grossen Hollywood-Movies. Aber ich finde Rush Hour schon recht geil. Wobei der andere Dude hat mich zum Teil wirklich böse genervt. Ich weiß nicht einmal mehr, wie er heisst, der andere Schauspieler. Drunken Master ist, glaube ich, auch geil. Habe ich, glaube ich, gesehen. Das ist einer.
Ja, mal. Also, dort ist er dort immer besoffen. Ist das so? Ich kenne sogar einen, let's go. Ja, Jenny. Ja, du kennst schon Filme. Du kennst schon Filme. Nicht alle, aber die guten schon. Ja, ich weiss schon, weil es halt nicht von dir ist, gleich ein blöder Witz, weil mach alles gut. Das habe ich auch so verstanden. Und ja, läuft super, ist mega geil. Schmarzi hatte den PC, also ich habe ihn natürlich zurückgesetzt, da bin ich nicht mehr angemeldet und so. Aber ich habe in den BIOS-Einstellungen meiner Meinung nach gescheite Einstellungen gemacht für das Lüfterprofil. Weil der PC an sich ist ein bisschen laut, wenn du einfach auf Default hast. Und ich habe da etwas rein da, wo angenehm ist. Dass du nicht immer gerade den Staubsauger am Laufen hast gefühlt, jedes Mal, wenn du den PC anlässt. Also dort habe ich etwas für dich eingestellt. Also später meine ich wegen der SR, ja, hey, Jenny, alles gut. Habe ich auch so verstanden. Wenn es dann so weit ist, wenn wir die SR aufmachen, dann vielleicht hat dann auch Fienchen noch irgendwie Wünsche. Fienchen dürften da, vielleicht sagt Fienchen, heute machen wir nur Hardstyle. Und dann gehe ich offline. Ja, dann stelle ich euch Playlists zur Verfügung auf Discord, könnt ihr dort noch ein bisschen hören. Hey, Gameplay-Karte für Jesse, let's go. Let's go. Merci dir, mir geht's Perlen. Klein im Bruch. Klein im Bruch? Ui, was bedeutet das? Was bedeutet das? Also, wenn du erzählen willst, Jackie Chan, aber hey, freut mich, dass es dir gut geht, auf jeden Fall. Ja, das ist das Wichtigste. Der beste Jackie Chan-Film ist Karate Kid mit dem Sohn von Smith. Ah, der Jaden Smith. Ist das der Jaden Smith? Oh, übrigens irgendwie mega schöne Musik, die ich da am Laufen habe, von Rimworld. Okay. Das sind die neueren Karate Kid Movies. Ich kenne halt die älteren. Ich glaube, ich habe die neuen nie gesehen tatsächlich. Jackie Chan, Grüße aus dem Hanfu. Bester Film. Oh, Rumpel, okay. Da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob ich den gesehen habe. Ist in dem Fall ein älterer Film? Wahrscheinlich keine Hollywood-Produktion, oder? Übrigens, Troy, morgen musst du im DC Food Channel schauen. Es gibt wieder mal Döner. Es gibt doch jeden Tag Döner. Schwarz. Auch mit ganz viel Besuch dann noch. Oha. Ja, machst du ihn morgen? Dann schaue ich es an. Freue mich schon drauf. Ich habe jetzt schon Hunger. What is happening? Avalon! Rated mit 2 Minuten. Merci für den Raid, Avalon. Avalon, let's go. Grüezi miteinander, ich bin der Troy aus der Schweiz. Und das hier ist der Grogu. Da ist noch der Grogu-Chat. Man muss schauen, dass er nicht anfängt zu brennen dort hinten. Ja, by the way, da der Raid-Text, ich hasse den Barracks, let's go. sehr spezieller Raid-Text heute. Avalon, wie geht's dir? Und liebe Raiders, ich bin der Troy aus der Schweiz. Bei mir gibt es viele interaktive Unterhaltung mit Spielereien, Effekt, viel Gelaber und Hashtag eventuell auch mal Gameplay mit Indiana Jones, The Great Circle. Probieren wir heute noch ein bisschen weiterzukommen. Also heute, jetzt habe ich schon wieder gelogen. Chat. In diesem Stream versuchen wir noch einmal weiterzukommen dort. Heute mit der Schwierigkeit, dass mein Gaming-PC, wo amix Indiana Jones drauf gelaufen ist, nicht mehr bei mir ist, sondern jetzt bei Schmarz. Das wird vielleicht noch ein bisschen eine Challenge, müssen wir uns dann noch anschauen. Ich hoffe, es läuft dann auch alles und so. Nicht im Dual-PC-Setup und so. Ja, wir machen noch schnell ein Foto, Chat. Wir machen natürlich noch schnell ein Foto mit dem Avalon. Und jetzt Barracks, Blackjack, Avalon, grüezi miteinander. Schön sind ihr da. Wie geht's euch? Jetzt muss ich schnell schauen, dass ich da nichts überlese. Ich hasse den Barracks, habe ich schon gelesen. Mir geht's nicht mehr gut. Blair Witch hat mich fertig gemacht, mental. Oh shit, das wäre auch noch so etwas, wo ich gerne spielen würde. Das habe ich, glaube ich, mal geschenkt bekommen vom Ullen.
Das habe ich, glaube mal geschenkt bekommen vom Ullen. Und eigentlich müssten wir das einmal machen. Eigentlich müssten wir das einmal machen, Chat. So, kommen wir alle aufs Foto. Ausrufezeichen Foto. Kommt alle mit drauf, mit eurem Profilbild aufs Foto, mit dem Logo vom Avalon und mehr. Ich müsste eigentlich für so einen Moment ja mein Logo einblenden, Chat. Habe ich nichts Settings. Schnell schauen, ob ich etwas habe. Ich habe da so viele Knöpfe, die ich drücken kann, Chat. Ich habe mein Schild. Das habe ich jetzt eingefügt, Chat. Das habe ich jetzt eingefügt. So, Chat, wo sind wir gewesen? Ausrufezeichen Foto. Kommen alle noch drauf, Chat? Kommen alle noch drauf? Ich lese noch den Chat ein bisschen nach. Es ist jetzt schon wieder schwierig geworden, oder? Es ist halt schon wieder schwierig geworden. Wo sind wir gewesen? Ich habe vorhin der Polizei angerufen. Ich oute mich als Petze. So dämliche Jugendliche haben das Gefühl gehabt, sie müssen durchs Quartier laufen und Feuerwerk gegen die Häuser zünden. Volldoppel, wir verblöden immer mehr. Ja, vor allem, also erstens mal immer noch Feuerwerk und zweitens gegen die Häuser. Und es ist einfach, ja, es kann, oh mein Gott. Hast schon gut gemacht, Jenny. Also hat die jetzt auch gemacht. Ich hätte es jetzt nicht gemacht, auch wenn es nur ein Feuerwerk an sich gewesen wäre. Ich habe mich auch aufgeregt. Aber gegen die Häuser, ganz klar. Ohne Scheiß würde ich auch machen. Kaylee, grüezi und Lannister, grüezi. Schön sind ihr da. Wie geht's euch? Darum habe ich eine Armbrust im Haus. Jetzt aber. Hast du wirklich eine Armbrust im Haus? Grüezi, Bär. Ich habe einen Kollegen, der mal in unserer Band war, vor vielen Jahren, hat sich auch mal eine Armbrust gekauft. Aber das war tatsächlich der, der The Walking Dead voll im Hype war. Wieso hätte er sich auch eine Armbrust kaufen? Er war halt der Daryl, oder? So wie Jackie Chan geschrieben hast, tut mir weh, aber guter Call, nice Film. Hört. Das ist sicher der richtige Chat. Das ist sicher der richtige Jackie Chan, der hier im Chat ist und wir wissen das gar nicht. Vielleicht kann der auch Schweizerdeutsch, Chat. Martin Quack hat noch geschrieben, habe gehört, dass bei Schlafstreams die Zuschauerzahl sich verdoppelt oder sogar verdreifacht. Hey, also ich weiss ja nicht, wie es auf YouTube ist. Aber auf Twitch habe ich schon schon so Streams gesehen, wo ich dachte, oh, so, wieso? Und dann ist der Chat noch aktiv. Dann sind die dort noch. Ich meine, man kann es ja auch gut haben im Chat, so ein bisschen miteinander schreiben und so. Ja, aber irgendwie fühle ich es halt gleich nicht so ganz, so solche Streams. Das ist nicht Petzen, das ist das einzige Richtige, genau. Chat, jetzt muss ich ein bisschen vorwärts machen. I'm so sorry. Grüezi wohl, Art Shooting, Lisa, Juna, Princess, Last Man und Swiss Twitch Clips, Angeln. Let's go. Grüezi miteinander, schön sind ihr da. Oh, Song Requests sind an, Chat. Chris Tucker ist der andere Schauspieler, genau. Ich weiss nicht wieso, aber das ist so einer, der macht mich nervös, Chat. Das ist so ein zappeliger Dude. Das macht mich nervös, ohne Scheiß. Darum, und wenn er dann noch so eine Rolle hat, die genau auf das ausgelegt ist, das macht mich nervös, Chat. In Drunken Master kann er auch ohne besoffen sein kämpfen, aber er kämpft halt sternhagelvoll einfach am besten. Okay, dann ist das der Film, den ich so in Erinnerung habe, noch ein bisschen. Ah ja, der Bot hat das noch beantwortet, das sehe ich jetzt gerade. Für gewöhnlich sind das Jackie Chan und Chris Tucker. Hey Jesse, ja, mein Bot, der ist mit ChatGPT verbunden. Frenchcore OSDTLC lieber nicht. Chat nicht vergessen, Ausrufezeichen Foto, wer noch nicht getroffen ist.
Avalon, ich hoffe, ich komme jetzt noch zu den Nachrichten, die gekommen sind nach dem Raid. Ich kann schnell ein bisschen Nachrichten nachholen. Ist jetzt auch noch nicht, dass du den Avalon als Grogu betitelst? Hey, ich habe nicht... Hey, ich habe gedacht, der Grogu da im Hintergrund gemeint, Jack. Mir geht es nicht mehr gut. Das habe ich schon gelesen. Diese Raid-Animation ist so geil, das erinnert mich jedes Mal an den Moment, wo ich den Film das erste Mal gesehen habe. Alle in letzter Sekunde einfach da und ich sitze da und heul wie ein Baby. Ich finde das das Geilste. Also das funktioniert für mich immer sehr gut. So the last second save, oder? Wo im letzten Moment, wo alles verloren ist, kommen noch deine Freunde zur Hilfe, so quasi. Finde ich absolut genial. Funktioniert, glaube ich, auch sehr allgemein. Immer Guten gut. Abend an alle. Akimba Vamp, Akimba Wave. Akimba Wave. Akimba Vamp, Akimba Wave. Hey Akimba, danke dir für den Resub im 8. Monat. Akimba, wie geht's dir? Schön, dass du hier bist. Und Quertutsu, grüezi. Maverick, grüezi. Wie geht's euch? Schön, dass ihr alle da sind. Aber ich liebe so Momente in Filmen. Das hat auch bei Game of Thrones hat's auch so eine Szene. Ich habe mir schon mal überlegt, ob ich das als Raid-Animation einbinden. Aber die Szene ist irgendwie nicht so geeignet für als Raid-Animation. Aber auch dort, ich tue jetzt nichts spoilern. Game of Thrones, hammermässige Serie. Mit der einzigen Schwäche, dass Season 8 einfach nicht so gut war. Respektive viel zu schnell erzählt worden ist, das Ganze. So. Kurz Zeit, Brot ist im Ofen, let's go. Jetzt gang noch nicht alle vor Season 2. Oh shit, jetzt ist mir gerade in den Sinn gekommen, was ich nicht vorbereitet habe, Chat. Fuck. Ich wollte Season 3 releasen heute. Ich habe es nicht gemacht. Vielleicht können wir das on the fly noch machen, Chat. Das wäre ein bisschen schade. Jetzt haben schon Leute Karten gezogen. Vielleicht machen wir das heute noch einmal. Vielleicht machen wir das heute noch einmal. Falls ich heute noch Season 3 release, gibt es eine Gratiskarte. Aber nur ich muss es zuerst schauen, wie gut dass ich vorbereitet bin auf das. Vielleicht irgendwann später, wenn wir einen ruhigen Moment haben, Chat. Wenn alle am Schlafen sind, machen wir so Zeug. Ich habe mich auch aufgeregt, weil Stella schon wieder Angst hatte. Ja, sie hat halt, vor allem dann, sie leidet am meisten. Das ist so. Und dann bin ich schauen und habe die Gofe gesehen, hat auch nicht angerufen, wenn sie nicht gegen die Häuser abgelassen hätten. Ja. Hey, das ist super mühsam, so Zeug. Super mühsam. Für was eine Armbrust, wenn du ein Klöpfschied hast? Ein Klöpfschied, jetzt aber. Ja, du machst das halt so. Schade kann ich das nicht mehr, sonst hätte ich auf Kantonesisch schreiben können. Oha! Hey, Underdogs, grüezi und merci für den Lurk-Support, Underdogs. Und wie geht's dir? Natürlich habe ich eine Armbrust, aber es ist in ihrer Umgebung kein Stand. Aber da es in ihrer Umgebung keinen Stand mehr gibt, wo ihre Tourenzahl aushaltet, schaue ich momentan einen Abnehmer, weil ich mein Bogenschiessen-Setup verbessern will. Und ich schaue jetzt, Bogenschiessen auch noch. Armbrust und Bogenschiessen. Also, wenn ihr im Grüezi-Bär begegnet, dann müsst ihr das Schild aufnehmen, ganz wichtig. Ich weiss aber nicht, ob das dann etwas nützt bei der Armbrust. Das geht auch durch, oder? Wobei, bin mir gar nicht sicher, je nach Power. Hey, Quertutsu, ich kann mich nicht beklagen. Merci. Geht mir mega gut. Und wie geht's dir? Geil, ich habe gerade ein Gutzli vom Troy bekommen. Der Troy weiss, von was ich rede. Ich muss schnell überlegen. Hast du ein Gutzli bekommen? Fuck, Mann. Ich bin ab den Schuhen. Von was reden wir jetzt genau?
Ich habe schon noch etwas Neues drin, aber das würde ich jetzt eher als Easter Egg bezeichnen, als Gutzli. Ich muss mal weiterlesen, Chat. Ich muss mal weiterlesen. Ich bin nicht mehr so jung. Habe ich das richtig verstanden, dass man den Franziskus herstellen konnte, braucht man nochmal das ganze Set, um das zu bestellen? Ja, das ist richtig. Also, um den Franziskus herzustellen, hallo, verbrauchst von allen anderen 5 Karten jeweils eine. Also ja, so gesehen musst du die 5 Karten 2-mal sammeln. Und ich glaube, du hast letztes Mal die Troy-Karte bekommen und die bräuchtest du jetzt eigentlich nochmal. Und dann kannst du, ja, genau, kannst herstellen und plus noch Troy-Karte und dann hast du es komplett. Und Barracks, das geht natürlich nur, wenn du alle Karten hast. Das Foto wird heute nie mehr gemacht. Das ist alles nur Bait. Ich beite euch, da zu bleiben. Und dann sage ich noch, es wird noch Season 3 released heute, oder irgendwie solche Sachen. Ja, und da sind ihr, Chat. Da sind ihr. Und es kommen immer noch Leute aufs Foto. 24 Leute auf dem Foto, let's go. Fährt mir in dem Fall noch eine von Season 2. Ich schaue schnell, Barracks. Hast du noch einmal MyCard siegen da? Dunkelwald, Kaffeedrink, Shield of Reflection, Hype Train, Torlina. Ja, was fehlt? Ende des Chats, Barracks. Ende des Chats fehlt noch. Der Fishbone ist nie zu spät. Ne? Der Fishbone, der kommt dann, wenn er es beabsichtigt. Fishbone, genau so läuft das. So, Chat, Hans-Ueli. Let's go. Hans-Ueli auch noch mit einer Karte. Wir machen schnell das Foto, Chat. Heute nehme ich wirklich mal das Shield of Reflection drauf, ja, wenn ich es schon habe. Man sieht es ein bisschen. Es geht jetzt halt da ein bisschen drüber. Jesse, I'm so sorry. Ja? Wir machen ein Foto inzwischen. Oh, Moment schnell. Der Titel ist nicht um, das kann nicht sein. Ja, stimmt was nicht. Merci für den Raid. Wir machen ein Foto zwischen 7 und 15 Sekunden, Chat. Let's go. Hey, da unser wunderschönes Foto. Ab jetzt auf dem Discord Ausrufezeichen DC. Merci Specko. Avalon. Ich mache dann auch noch eine Story auf Twitch und auf Instagram, wo ich dich markiere. Genau. Und jetzt habe ich das Knöpfchen. Jetzt finde ich das Knöpfchen nicht. Da. Und man kann sich das Foto auch in physischer Form bestellen. Link im Chat. Und Erik, oh mein Gott, Erik, siehst du, da geht gerade alles kaputt. Wenn der Erik kommt, das haltet mein Setup nicht aus. Und eure Bildschirme auch nicht. Hans-Uli, wie geht's dir? Erik, wie geht's dir? Schön, dass ihr da sind. Hello. Jetzt muss ich mal schnell wieder schauen, wo ich einsteige beim Chat. In dem Fall haben wir beide das gleiche Problem jetzt. Wir sind beide nicht beim Ende des Chats. Ja, true. Barracks, das ist absolut richtig. Aber ich schmecke ihn. Wenn ich da gehe schmecken, da ist er. Aber ich bin noch nicht ganz dort. Alle am Punkte ausgeben, ja genau. Ich muss noch schnell was loswerden. In der Serie, by the way, jetzt beim Wort Serie, ich stolpere jetzt immer über das Wort Serie. Weil der Hamster-Sound hat mir mal gesagt, so wie ich kann sage Serie. Und er sagt, die Serie. Wie sagt ihr? Ist das eine Serie oder eine Serie? Das klingt doch nochmal schon komisch, Chat. Das ist doch wieder Räubergeschichtli da. Egal, in der Serie, die ich schaue, gibt es auch wen, der Troy heißt.
Fällt mir jetzt gerade keine Serie ein. Juti, was ist das für eine Serie? Ja, zum Thema Jackie Chan, mein liebster Film von ihm ist Mission Adler. Der starke Arm der Götter, der ist wirklich nicht schlecht. Den kenne ich auch. Der ist auch gut. Also allgemein, Jackie Chan-Filme sind wirklich allgemein gut. Also ich finde auch seine Skills erstens mal, verbunden aber mit dem Humor, auch von ihm. Er hat einfach so den gewissen Humor, den er reinbringt und mega gut kann umsetzen in der Choreografie, in der Kampfchoreografie. Also Jackie Chan, absoluter Meister. Aber das ist wirklich auch ein guter Film, gebe ich dir recht. Übrigens auch ein schöner Song, der da läuft. So, ich hüpfe jetzt aber in Lurk, habe langsam die Nase voll. Habe langsam Todeshunger. Hey, Avalon, mach das. Merci für den Lurk-Support. By the way, falls du noch fragst, was ist mit dem Bosskampf, du bist der erste Raid heute und das heisst, wir sind noch nicht wirklich so weit oben. Wenn da die 15 voll sind, dann queue ich einen Bosskampf rein. Du wärst dann auch Dungeon Leader. Einfach, dass du es gesagt hast. So, Troy, jetzt auf dem Fernsehen, sodass ich mein Fondue noch fertig essen kann. Ja, Chat, seht ihr das? Wie gross dass ich jetzt da bin? Ich habe da nicht einmal ganz über eine Länge, aber ja, das ist mal etwas da. Das ist mal etwas. So muss man das machen, Chat. Am besten auf einen Beamer rauf. Ja? Und dann irgendwie noch in die Nachbarschaft rausbeamen. Genau so. Geht gut, danke Silvi, kommt dann auch noch ins Stream, essen nachher noch zur Nacht. Oh mein Gott, das finde ich mega schön. Und, also ich sage es nochmal schnell, ich erkläre es schnell für alle. Die liebe Silvi und ich glaube auch du, Erik, im letzten Stream, beim Geburtstagsstream am Donnerstag, ich habe schon den Raid initiiert und dann kommt Silvi noch rein und ich so, nein, ich kann einfach abbrechen und ja, und dann haben wir noch schnell Offstream geschrieben, haben mich noch schnell entschuldigt, wegen dem Timing und so, aber entsprechend natürlich schön, dass ihr heute auch da sind. Typ, grüezi, herzlich und schönen Abend wünsche ich auch dir, Typ, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Ui, was haben wir da, Rebecca Black? Ga. Das ist so ein Lied, wo man den Text kaum mitverfolgen kann, oder Chat. Ich weiß nicht, wie viele Lyrics wirklich rum sind. Heutzutage sind manchmal ein bisschen wenig Lyrics rum in den Songs. Aber ich habe mega Mühe, das zu verstehen, was sie überhaupt singt. Ich sag Season. Season? Aha, jetzt. Ja gut, aber Season ist ja eine Staffel. Season ist ja ein... Also... Nein, das ist falsch. Avalon, das ist falsch. Wenn du also fragst, welche TV-Show schaut ihr aktuell, dann fragst du, welche Season schaut ihr aktuell. Das macht doch keinen Sinn. Serien. Ja, aber dann ist es doch Mehrzahl. Aber auf mehr kann man nicht gehen. Aber ich finde, wenn es eben darum unterscheide ich eben die Serie und also die Serie und die Serie. Aber ich weiß nicht. Ja, kann jeder machen, was er will. Ich sage, das zweite Serie, also eigentlich Serie. Mein Gott, ich habe das auch mein Leben lang falsch gesagt. Serie. Ich muss mir das angewöhnen, aber jetzt stolper ich immer drüber. Kennt ihr das? Wenn euch jemand korrigiert und nachher ist es im Kopf hin und jedes Mal, wenn ihr das Wort sagen, denkt ihr, fuck, ich sage es falsch. Und dann stolpert man eben über das Wort rein. Bella and the Bulldogs heisst die, Moment. Die Serie. Ich sage Serie, aber jeder kann... Okay, ich bin nicht allein. Serie.
Oh, geil. The Longest Chance. Oh, Long Chancen. Also hast du ja gelesen, der auch Tipp, merci vielmals. Ein richtiger Schweizer spricht vom Wort Serie, das am Schluss aus. Serie. Serie. Hamster, what have you done? Kennst du den Clip, wo er Cheese sagt während dem Drei? Zum Empfehlen, wenn du es nicht gesehen hast. Sagt mir irgendwie etwas. Jackie Chan. Müsst ihr mal schauen. Und Lara Seidel, hi. Grüße nach YouTube, wie geht's dir? Ein Open-Air Kino. Hey, wow, das war mal geil. Open-Air Stream Kino. Das, Chat, das ist der nächste Meilenstein für mich. Auf einem Open-Air Kino auf der Leinwand sein. Schafft niemand bei einem Kino, wo es ein Open-Air-Kino hat und dann mal vielleicht so ein anderes Signal können, so den Hebel umlegen und dann komme ich auf die Leinwand. Alles gut, gibt noch eine kleine Überraschung für dich, aber Spoiler noch nicht. Ich habe es schon ein bisschen mitbekommen. Ich bekomme tatsächlich, also, ja, Silvi und du haben etwas gesagt. Fienchen hat etwas losgestrickt, ja genau. Ja, vielleicht ja schon. Losgeschickt. Ich bin mega gespannt, was da noch kommt, Chat. Hat mal in Fettli ein Vergleich gesendet. Muss man schnell gucken. Muss mal kurz gucken, Chat. Ja, okay. See no difference. Ja, also, schwierig, ne? Schwierig. Chat, ich kann es gerade nicht sharen. Ich bin gerade nicht ready zum Capturen. Aber ich kann mal schnell schauen. Ich glaube, wir nehmen uns die Zeit schnell, Chat. Ich muss nochmal herausfinden, wo mein Discord da ist auf dem PC. Da. Fotos aus dem Livestream. Nein, das ist nicht wahr. Fettli. Ja, also, Chat, zeigen euch da schnell den Vergleich. Ich zeige euch schnell den Vergleich. Ja, also einfach nochmal da, als das bin ich. Und im Vergleich Troy. Troy aus dieser Serie, die Jutti jetzt erwähnt hat. Ne? Chat, also 1:1, oder? 1:1. Schon, oder? Vielleicht müsste ich noch den machen. Da, so. Let's go. Und Rita auf YouTube, grüezi, wie geht's dir? Schön, dass du hier bist. Wir sind da schnell aufräumen da auf meinem Desktop. So, jetzt. Der Rebecca ist die von Friday, wo ja so ein Skandal war wegen dem Video. Wenn dir das etwas sagt, sonst kann ich den auch noch rein tun. Also das Lied Friday, mal, das kenne ich schon, das kennt man. Aber der Skandal, also ist ein Skandal um das Video gewesen. Das habe ich irgendwie nicht mitbekommen. Ich kenne einfach das Lied. Und man hat es überall gehört, das Lied halt. Ganz gut, gerade ein bisschen Hexen. Oh nein, Hexenschuss, noch ein bisschen Hexenschluss. Ja genau, Schuss oder so und alles gute nachträglich auch, erst gerade kürzlich gehabt. Hey Typ, dann auch dir nachträglich alles Gute, gell?
Und eine gute Besserung, Mann. Oh shit, Hexenschuss ist glaube ich, übel. Habe ich noch nie gehabt, oder nicht, dass ich wüsste. Aber ich glaube, da kann man für einen Moment nicht mehr anständig laufen, oder, Typ? Also gute Besserung und merci vielmal. Merci vielmal für die Glückwünsche. Season ist ein Zeitabschnitt in einer Serie, genau. Sorry, das Wort verstehen. Series, oh jetzt ist Englisch, Series. Ja, okay. Eigentlich könnte man auch, ich könnte auch sagen TV-Show. Dann umgehe ich das Wort. Oder TV-Show. Oder eben Series. Serie. Sorry. Und Serie. Aha. Serie und Serie. Das geht eben auch noch. Da haben wir schon 3 Varianten. Es ist wie, ich sage Serie. Wir können aber sagen Serie. Und dann wäre Mehrzahl Serien. Lassen wir das Thema sein. Es wird noch mal schlimmer. Troy, hast recht. Serie ist Einzahl und Serie ist Mehrzahl. Chat, ich sage einfach so, ich bleibe echt bei Serie. Ihr versteht mich schließlich. Es hat noch nie jemand gemotzt, außer der Hamstersaut. Nein, gemotzt nicht. Er hat es auch lustig gefunden, wie ich es sage. Oder er hat mich darauf aufmerksam gemacht. Übrigens, geiler Song. Lara, ich kann mich nicht beklagen, alles gut, danke der Nachfrage. Freut mich, dass es dir gut geht. Lara, wie hast du hierher gefunden? Wo ist einfach so, war ich im Feed drin? Im Doomscrolling-Feed. Also einfach kurz als Info, liebe Leute von YouTube, der Hauptstream. Also ich streame hauptsächlich auf Twitch, ne? Dann ist auch das breite Format, gehe aber gleichzeitig mit meinem Stream auch auf YouTube raus. Das heißt, hier, wo habt ihr den Chat? Oben habt ihr den Chat. Das ist so, ich sage jetzt mal 99% halt Twitch-Chat, was ihr da seht und was ich auch kommentiere. Und Gaverax, hello, how are you? Schön, dass du hier bist. Spiele EAFC nur mit Schweizer, also bedeutet Shaqiri, Rieder und so weiter, sehr viel Scheiß, was passiert. Okay, holy. Da kenne ich mich halt nicht aus, da kann ich wie nicht mitreden, das ist nicht meine Welt. Oh, geile Version. Das heisst Kino, nicht Kino. Kino. Ich sage einfach Kino. Ich gehe ins Kino, so. Bella and the Bulldogs ist einer meiner Kindheitsserien von Nickelodeon gewesen. Okay. Das ging an mir komplett vorbei. Aber Joti, du bist auch ein bisschen jünger als ich, ne? Ich rewatche es momentan, hab's vermisst. Ja, ich mache das auch mit meinen allerliebsten Serien mache ich das auch. Und ich versuch's zumindest, ne? Fienchen. ich versuch's und im Notfall zwingt mich Fienchen dazu, dass ich es wieder schaue. 1:1 wie Zwilling. Hä? Also schon. Jutti hat also recht. Er nennt sich gerne The Troy und ist etwas sehr selbstverliebt. Ja, so 1:1 wie ich, oder, Chat? 1:1 wie ich. Pini, merci vielmals für den Resub im 41. Monat. Holy shit, Mann. Pini, wie hast du es? Du bist übrigens noch verewigt worden, Pini, in einem Video, das Jenny gemacht hat. Das Video, das Jenny mir zum Geburtstag geschenkt hat, das ist so rund 10 Minuten Zusammenschnitt von Clips von mir. Und dort sind natürlich auch mehrere Clips, also sicher 2, die von Dying Light sind mit dir zusammen, Pini. Der Clip Zeit zum Reinstecken. Das ist einfach so gut. Und uns verklopft es einfach vor Lachen.
So, ich muss ein bisschen weiterlesen für all die neu dazugekommen sind. Ich bin 6 Minuten nachher. Ich gebe mir Mühe. 25 und noch nie einen Hexenschuss gehabt. Was läuft bei dir eigentlich falsch? Hey, aber weißt du, manchmal, ohne Scheiß, ich weiß nicht, ob ihr das könnt nachvollziehen könnt. Da hat man irgendwie von Hexenschuss, ja. Aber ohne Scheiß, das ist ein Beispiel. Hexenschuss ist jetzt ein heftiges Beispiel. Ich nehme an, ich wüsste, wenn ich mal einen hatte. Aber manchmal frage ich mich, vielleicht habe ich das gehabt und keine Ahnung. Ich habe einfach nicht realisiert, dass es ein Hexenschuss ist. Ich habe schon Rocken wie... Troy, Yes. how is our ancient piece of art doing? May Lord Judge Indiana Jones have mercy with our steam streamer. And hi, Peony. Ein Hi Pini! Das war schon wieder gut. Karls, wie geht's? Schön, dass du da bist. Hello, hello. And Hi Pini! Ah, geil. Was wollte ich sagen? Fuck, jetzt habe ich den Faden verloren. Ah, Hello calls you MF. Big grin. MF, Chat, MF. Nein, was ich mich eben auch schon gefragt habe, es gibt immer Leute, die sagen, ich kann Sodbrennen. Und ich denke nochmal, what the fuck ist Sodbrennen? Habe ich das schon jemals gehabt? Das meine ich eben. Dann beschreibt man es ja, das ist, wenn es so, ja und so, keine Ahnung, wenn es I don't know. Und dann denke ich, ja, habe ich irgendwie auch schon gehabt. Aber ich habe nie gedacht, ich kann jetzt Sodbrennen. Ich denke dann einfach an mich, irgendetwas stimmt nicht mit meinem Körper. Ich werde alt oder so. Aber hey, Hexenschuss, ich habe wirklich das Gefühl, ich habe noch nie einen gehabt, ohne Scheiß. Kurz zusammengefasst wegen Friday. Rebecca Black wurde... Das lassen wir uns vorlesen, Chat. Cherts Zemek fast Wege Friedi. Rebecca Black wurde 2011 für ihren Song Friday heftig im Internet verspottet. Das Musikvideo ging viral, wurde jedoch wegen seiner simplen Lyrics und Autotune stark kritisiert. Oh, okay, fair Der enough. Shitstorm führte zu Cybermobbing. Das ist Besonders auf schön. YouTube erntete das Musikvideo Millionen von Dislikes und wurde von vielen als schlechtester Song aller Zeiten bezeichnet. Rebecca, damals erst 13 Jahre alt, wurde zum Ziel von Cybermobbing, Hasskommentaren und sogar Morddrohungen. Ja, gut, also das ist natürlich überhaupt nicht in Ordnung. Also das geht gar nicht. Mobbing, Morddrohungen, hallo. Und sie ist 13. Finde ich schon ein bisschen heftig. Ist mir jetzt auch nicht bewusst gewesen. Ich würde jetzt auch nicht sagen, es ist es ist sicher nicht der schlechteste Song aller Zeiten. Ich würde jetzt eher sagen, wenn schon, ist es ein overplayed Song. Einfach ein Song, den man zu häufig gehört hat. Aber da muss man ja auch nicht gegen Künstler schiessen. Mein Gott, also es hat ja Erfolg gehabt. Und das war wahrscheinlich auch dann das Problem gewesen. Weil er Erfolg hat und die Leute irgendwie halt ein bisschen spinnen, hat man dann gegen sie geschossen. I don't know. Aber merci für die Erklärung, wer tut so. Jeder kann sagen, wie er will, weil jeder sagt, was er will. Jeder macht, was er will. Absolut richtig. Mehrzahl von Serie oder Serien ist Serien. Ja, das ist im Deutschen ist das ganz klar. Im Hochdeutschen funktioniert das noch. Ja, da kann man unterscheiden. Im Schweizerdeutschen wird es tricky. What are you doing? Gaverox, sorry by the way, I'm a bit delayed with chat because I want to read everything. But I'm mainly streaming on Twitch, also on YouTube in the vertical format, and I'm doing a bit of just chatting. I'm just chatting with the community. That's what we're doing. But nice to have you here. English, not Turkish. I do the English, I don't do the Turkey. Wiggle. Chat, what is happening? Der Anglerverein ist eingetroffen, Chat.
Was heisst da zwingen? Ich habe mich falsch ausgedrückt. Als ich es gesagt habe, dachte ich, das ist eigentlich nicht richtig. Ja, well. Fienchen hat sich das gewünscht. Weil sie beim Giveaway eigentlich gewonnen hat, aber weil der Preis vom Giveaway etwas ist, was sowieso sie zur Verfügung gestellt hat, hat sie sich alternativ gewünscht, dass ich jetzt Herrgott Donner endlich Firefly schaue, noch letztes Jahr. Was Video, was verewigt, was Hilfe, hui! Ist das eigentlich? Ich müsste dir das schicken, Pini. Oder, Jenny, wärst du so lieb und würdest der Pini das schnell als DM schicken? Wenn du willst. Das wäre mega cool. Nickelodeon ist nicht mehr das, was es mal war, leider. Und die meisten Serien kann man davon nur auf Prime YouTube kaufen. Und Paramount Plus, Kokainum schauen, das ist halt doof gemacht irgendwie. Ja, true. Sehe ich auch so allgemein. Das ist doof. Pini lacht so herzig. Pini lacht so herzig. Hast du gehört, Pini? Und Trini, grüezi. Trini, wie geht's dir? Der grösste Fluch, eine Brille zu tragen, ist sie zu suchen. What? Gut, es fühle ich irgendwie. Ich hätte schon länger nicht meine Brille suchen müssen. Aber alle Brillenträger, ohne Scheiß, haben ihr das schon mal erlebt, dass die Brille gesucht haben? So verzweifelt Brille gesucht haben und nachher haben müssen feststellen, dass sie schon anhaben. Das ist mir schon passiert. Da kommt man sich ein bisschen blöd vor, Chat. Das kannst du überhaupt gar nicht und auf keinen Fall beurteilen. Ist es so? Ancient Piece of Art wird geklaut. Hier wird die Hecke geklaut, Chat. Es brennt einfach im Magen und stößt auf. Ja, genau so ist es mir klar geworden. Und dann dachte ich so, ja, habe ich auch schon irgendwie gehabt. Aber das sind so nicht Momente, wo ich denke, oh, jetzt habe ich Sodbrennen. Jetzt muss ich meine Medikamente holen gegen Sodbrennen. Das ist nach so, ist es so? Und geht wieder vorbei. Wer ist denn da? Wer ist denn wer? Wer ist denn da? Sie hat halt auch nicht viel machen. Sie hat den Song von einer Musikproduction zugeteilt bekommen. Das ist auch ein bisschen nach Hängen los. Ja, also es ist halt, sie kann nicht viel machen, aber es ist schwierig. Es ist eine doofe Situation. Vor allem für eine 13-jährige Person ist es so mässig doof. Was machst du denn? Oder? Ich meine, irgendwie, dann ist auch, eigentlich hast du Erfolg und willst das noch weiter ausleben und darauf aufbauen, aber gleichzeitig hast du so den Hate. Oder? Ich weiss nicht, hörst du dann auf, machst weiter. Ich weiss gar nicht, wie sie es dann gemacht hat, aber ich glaube, sie hat ja dann schon noch Songs rausgebracht. Also eben, oder Alben rausgebracht. Du sprichst Trutanisch. Oh, der Song, geil. Trutanisch, nein. Turkey. Jetzt ist Sache, oh fuck. Ja, I don't do turkey. I eat turkey, I don't do the turkey. Das ist so ein hoher catchy Song, muss ich sagen. Want you, baby, don't you need me like I need you now? I'd go crazy. Apatapatepete, genau so. Hey, listen! Das APT, was sie singen, heisst Apartment auf Koreanisch und das ist ein Trinkspiel. Oh, Scheiße, das habe ich nicht gewusst. Das habe ich wirklich nicht gewusst. Apatapatete.
Wie lässt das mein Bot vor? Wie lässt das mein Bot vor? Apatapate tetete. Apatapate tetete. Sorry, da finde ich zu gut. Oh, Apatapate. Oh, ai, Chat. Ich muss schnell schauen, wo ich war. Jetzt weiss ich nicht, wo ich war, Chat. Jetzt weiss ich nicht, wo ich war. Natürlich, ich schicke ihr den Link, mache ich gerade, weil merci vielmals, Jenny, danke. Das ist wirklich ein guter Song. Das ist wirklich ein guter Song. Ich hatte dort auch wieder ein bisschen das Problem gehabt, dass ich ihn zu häufig gehört habe. Das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Wir haben ihn überall gehört. Insta ist überall der Song drin gewesen. Und dann denke ich so, schwierig. Jetzt verleidet man den Song langsam ein bisschen. Das ist das Gleiche, wie wenn man einen Song als Weckerton nimmt. Etwa so ist das, oder? Im Chat machen das nie. Einen guten Song als Weckerton nehmen. Gar nicht gut. Die Erfahrung musste ich auch machen. Gut, jetzt hatte ich noch so Metal als Weck-Songs. Und dort habe ich meine Lieblings-Metal-Songs dann als Weckerton genommen. Die sind mir so verleidet dann. Grellheit, folge deinem Traum von Gerechtigkeit, du kannst es tun. Oh Sailor Moon. Zauberwort und du hast die Macht, halt den Mondstein fest und spür die Kraft, du kannst es tun. Oh Sailor Moon, kämpfe für den Sieg über Dunkelheit, folge deinem Traum von Gerechtigkeit, du kannst es tun. Sorry, Chat. I'm so sorry. Und die Leute auf YouTube denken so, was geht jetzt ab, ne? Weil ihr die Musik nicht hört, sondern nur mich. Und Flying, hola, hola, hey Flying, wie geht's so schön, dass du da bist. Sorry, dass ich dich so spät begrüße. Der Treu ist ein bisschen geizig, wenn es um Text-to-Speak geht. Ja? Die Cooldowns und so. Ups, ich habe einen Fehler gemacht und einen Song doppelt in die Liste packen, kann es jemand korrigieren. Wir tun einfach skippen, dann, wenn es so weit ist. Grüezi Bär. Wir tun dann einfach skippen. Ja, Troy, genau das oder oben auf dem. Oben auf dem. Wo sind wir jetzt? Bei Apathe. Nein, das nicht, aber gesucht habe ich sie auch schon. Ja, das gehört dazu. Das gehört dazu. Wobei, ich habe inzwischen schon so viel Brüllen, Chat. Ich habe letztens schon wieder gedacht, ich brauche schon wieder eine neue, weil bei mir immer das Problem, dass da oben durch die Farbe langsam abblättert. Also abblättert. Ja, es ist halt, man leitet sie neu hin, man rührt sie mal neu hin, dann schlaft man mal drauf, dann hockt man mal wieder drauf, dann geht sie mal wieder runter und dann muss man wieder eine neue haben. Ja, vor allem auch das Gestell. Und ich habe inzwischen so viel Brüllen, dass ich einfach eine andere aus dem Schrank würde nehmen, wenn ich sie nicht finde. Wer Sodbrennen hat, den Natrium mit Wasser verdünnen und schlucken das Zeug. Schlucken, Chat. Und ist weg. Neutralisiert, okay. Wenn ich das nächste Mal das Gefühl habe, ich habe jetzt Sodbrennen, dann denke ich an die Pine-Chat. Machen wir genau so. Dave, Mann, ich auf dem Weg an eine HC-Punk-Show und es läuft Blümchen. Passt. Ist das Blümchen? Also jetzt bin ich verwirrt.
Also ist das Blümchen, das das singt? Ich glaube es nicht, oder so? Kann ja schon sein. I don't know, Chat. Möchte mich aufklären. Nein, ist es nicht. Okay, eben. Es ist auch Sailor Moon. Ich weiß nicht, wer das genau singt. Ich weiß nicht, ob man die Person kennt, sonst noch von irgendwelchen Sachen. Hey, aber Dave, wie geht's dir? Wie geht's dir? Und dann wünsche ich dir, sobald du ankommst, natürlich dann viel Spass an der HC Punk Show. Let's go. Nice. Hat schon das Nattel gesucht und dann im Hosensack gefunden, in der Hose, die er gerade getragen hat. Ja, aber das ist doch normal. So einen Moment gibt es doch einfach. Und dann denkt man auch wieder so, what the fuck? Was ist mit mir nicht richtig? Ja, das habe ich schon gelesen. Oh. Ui, Helldivers, Chat. Gibt noch mehr Serien von Nickelodeon, die ich komplett schauen wollen würde, aber die muss man kaufen. Die ich noch schauen wollen würde. Ja, doof. Das ist eben, ne, das ist das Problem, weil es so viele Anbieter gibt dann und man muss zahlen und dann will man das gucken, dann muss man das abonnieren, dann will man was anderes gucken, dann muss man nochmal was abonnieren. Das finde ich so doof. Ich wünschte mir einfach so eine Plattform und da zahle ich auch gerne ein bisschen mehr und da ist dann aber alles drauf. Das wäre nice. Ich habe schon das Handy gesucht, während ich am Telefonieren war mit dem Handy. Das ist richtig geil, oder? Trini, das ist richtig geil. Ich bin übrigens immer noch 6 Minuten hinten. Nachher Aparteux. Das Ö eigentlich mit zunigem Mu durch 10 ausgesprochen. Das Ö. Mit zunigem Mu. Das ist okay. Jenny, das ist nicht meine Sprache. Entschuldigung, habe ich daraus gebracht. Alles gut. Ja. Ich bringe mich selber genug daraus. Das ist nicht euer Fehler. Kann man Musikwünsche anbringen? Ja, Songrequests sind immer noch offen. Flying, Ausrufezeichen SR, Abstand, Spotify-Link. Und dann kommt das in Queue rein. Was haben ihr da wieder geklippt, Chat? Wir müssen schnell schauen. Chat. Was haben ihr geklippt? Müsste den Song machen mit der. Genau mit dem. Wir müssten den Song covern mit der TTS Voice Chat. Das ist wirklich gut. Ich habe Love of My Life von Queen als Wecker. Aber Jenny, ist dir das nicht verleidet? Ist dir das nicht, also findest du den Song immer noch gut? Oder findest du ihn einfach jetzt scheiße? Und ja. Ein scheiß Song als Weckerton finde ich eben auch. Und dann wachst du ja noch besser auf. Gut, ich habe mir Metal genommen, das hat halt so ein bisschen Power und dann wird man schon auch wach. Aber ich finde auch, nicht irgendeinen scheiß Song als Weckerton. Simon fehlt. Der Troy macht wieder ein Video über Singqualitäten. True. Oh geil, Dropkick Murphys. Ja, es geht mir natürlich super tastisch, hey, das finde ich geil. Das finde ich richtig geil, Flying. Und mir geht's geil. Geil. Ich werde zu merci für den Lurk-Support, danke. So ein Klassiker nebst der Brille auf der Nase raus und suchen ist ja Bleistift suchen, wo man sich in der Sorge gesteckt hat. Okay, das ist auch nice. Okay, da habe ich auch wieder. Oh, das kennt ihr sicher, Chat. Oh, Raucher im Chat. Wenn man sich Ziggy da zwischen Kopf und Ohr eingeklemmt hat und dann vergisst, dass man das gemacht hat. Und dann läuft man den ganzen Tag so ohne Scheiß.
Also das ist mir mehrmals schon passiert. Ich war schon am Kunden bedienen mit der Ziggy. Da so eingeklemmt, bis mir der Arbeitskollege gesagt hat, hey, willst du nicht vielleicht einmal die Ziggy wegnehmen? Wirkt ein bisschen unprofessionell. Und ich so, oh shit, okay, das habe ich komplett vergessen. Oder was mir auch schon passiert ist, mit der Ziggy, mit der eingeklemmten Ziggy, solange sie nicht mehr brennt, mit der eingeklemmten Ziggy unter der Dusche, das habe ich auch schon angebracht, Chat. Und dann ist man schon am Duschen und dann sieht man so den Tabak und denkt so, what the fuck, was ist jetzt das? Ja, das ist mir mehr als einmal passiert. Aber es nimmt mich wunder, ob die Raucher unter euch oder auch Ex-Raucher das auch mal so erlebt haben oder ob das nur mehr so passiert ist. Ich rauche nicht mehr, Chat, ich rauche nicht mehr, schon ewig nicht mehr. Potato, Potato, genau so. For Democracy. Der halt zunige Zähne, hör doch. Aparte. Nein, lassen wir das sein, Chat. Das ist ein Song, den kann ich nicht mehr singen. Hast du einen Dunkelwald bekommen, Double-Click? Das ist doch eine schöne Karte. Bildungsstream, hier lernst du das Aufspielen. Ja? Aparte, das Aufspielen. Aha. Oh, da müssen wir noch den Bounce haben. Aha. Ey, Chat, wir müssen ein Cover machen von diesem Song. Aber er ist halt schon catchy. Und Komi Theotoba. Hi. Auf YouTube. Wie geht's dir? How are you? Wir lassen es nochmal, Fienchen. Wir lassen es jetzt einfach nochmal. ist okay. Ist jetzt auch sehr passend wieder gekommen. Das ist jetzt, weil ich so hinten nachher bin im Chat. Lese ich jetzt da, wo wir damals dir geschrieben haben bei diesem Song. Und passend dazu kommt jetzt der Song nochmal. Ja? Perfekt. Ich habe meine Brille ja im Vielmann in Lörrach machen lassen. Ja, stimmt, ja, stimmt. Und noch ein bisschen Money zurückbekommen durch die höhere Mehrwertsteuer in Deutschland. Oha, okay. Ja gut, nice. Nein, bis jetzt nicht, brauchen den Wecker nicht viel. Okay, ja gut, dann geht es vielleicht noch. Gut, es ist auch so ein bisschen, es kommt darauf an, es kommt wahrscheinlich mega auf die Person drauf an. Wenn du so jemand bist, wo wenn der Wecker läutet, dann denkst du so, fuck man, ich will nicht. Und dann auch irgendwie 20 Mal snoozen und so. Ich glaube, dann nimmst du es eher negativ wahr, das Lied. Wenn du aber jemand bist, wo der Wecker losgeht und bist direkt auch wach, keine Ahnung, gibt es so Leute, die sind dann direkt wach, dann ist es wieder etwas anderes. Dann wirkt es wahrscheinlich eher nicht so negativ. Seit 3 Monaten nur noch Dampfen, nicht mehr rauchen. Aber Chat, ist Dampfen gesünder? Also, ja, das ist jetzt nicht irgendwie ein Vorwurf. Ich frage wirklich, weil ich weiss es nicht. Vielleicht weiss man es ja auch allgemein noch nicht richtig. Aber ist Dampfen gesünder? Ich nehme schon an. Also einfach rein von der Überlegung her, so richtiger Rauch schadet doch mehr als Dampf. Aber man weiss es ja schlussendlich. Man kann es ja irgendwie auch nicht wissen. Fremdsprache Troy for the win. I'm from Brazil, guy. You're from Brazil. How did you find me, Komi? Do I say the name right? Do I pronounce your name right? Komi. That's a cool name, by the way. Komi Theotoba. I feel the music. I feel the Brazilian music in your name. Nein, was nein?
Hilfe bitte, nein, Pini, was passiert denn? Das ist so wie ich im Dying Light, wenn ich in die Tiefen runterstürze. Nein! 69! Hey Arti, merci vielmals für 69 Biddies. Danke vielmals, Arti. I love is Turkey. Turkey the country or Turkey the turkey? The animal. Yoda? You are too late, Troy. Ja. I'm sorry. Ich bin nie zu spät, Chat. Das ist alles gescriptet da. Death Metal Cover. Würde ich wahrscheinlich noch feiern, Death Metal. Also Death Metal Cover. Lilu Dallas Multipass. Lilu Dallas Multipass. Kurze Baraka Grizzly Multipass. giftet hier 1 Subtybrida Ines. Lilo, grüezi übrigens, schön, dass du da bist. Hello. Und grüezi Bär, merci vielmals für den Gifted Sub an Bridains. Bridains, viel Spaß mit den Emotes und den Perks als Abonnent. Ja, der Arti hat da Vibratoren. Ja, ich wissen, was ich meine. Serien. Jetty Halmer jetzt einen Kaffee trinken. Jetzt warte ich nicht. Sonst geht er wieder runter, Chat. Und darum sage ich jetzt, be right back. Tired of your old casual mug? Throw that ugly piece of crap in the trash and get yourself a new Troy Hammerin' mug from the merch store. And don't miss out on the Epic Warrior clothing or the Pro Gamer mousepad for flawless 360 no-scope headshots. Check out the Troy Hammerin' merch store. Link in the profile description. Merci vielmals für die Einspielung von der Merch-Werbung, danke. Mino, Mann! Mino, grüezi, wie geht's? So schön, dass du da bist. Und Schmarz, merci nochmal für den Coffee Drink. Und welcome back alle, die noch schnell Werbung haben. Ihr habt nur die Merch-Werbung noch verpasst, die abgespielt worden ist. Let's go. Ui, aber... warte. Aber das vorher bin ich nicht gewesen, sorry. Aha. Okay. Zum Glück habe ich nie mit Rauchen angefangen, obwohl es mir mein Umfeld das hart probiert und provoziert hat. Ja, also... Shit, was habe ich jetzt gemacht? Ist auf jeden Fall, finde ich wirklich auch gut. Ja? Wenn du das durchgezogen hast und nicht angefangen hast. Und grüezi Bär, du bist somit ein bisschen ein Sandro. Du bist ein bisschen der Sandro. Und Sandros, die sind halt mega. Nicht gesünder. Okay. Das ist als Vape jetzt. Nur weil etwas weniger schadet, ist es nicht gesund, damit lügst du dich nur an. Okay, ja, I get it, ja, absolut. Hey, übrigens, Highway Racer, grüezi und Suri-Z, grüezi. Schön sind ihr da. Wieso habe ich jetzt fragen, wieso sind ihr da? Jetzt habe ich irgendwie so
Das «Wieso sind ihr da» im Kopf, das niemand fragen will. Chat, wieso sind ihr eigentlich da? Ja, ich weiss, wegen mir anscheinend. Hey, Jackie Chan, merci vielmals für 250 BDIs. Danke vielmals für deinen Support. Wäre nicht nötig, wäre nicht nötig. Habt ihr etwa... Jetzt haben wir aber die Songs doppelt und dreifach drin, oder Chat? Jetzt haben wir sie doppelt und dreifach drin. Auch wenn er gut ist, Chat. Merci. Oh, Arch Enemy. Arch Enemy. Wir haben nicht einen Hype-Train am Lauf. Muss schnell schauen, ob wir ihn kennen. Ich habe gemeint, ihr habt einen Hype-Train gestartet, Chat. Oh mein Gott, wer auch immer den Song gewählt hat, ich küsse dein Herz. Let's go. Also, da weiss ich, das ist von der Trini. Ist zu 95% weniger schädlich als Rauchen, ist jetzt durch mehrere Studien jetzt stolper ich über jedes Wort, das das IE am Schluss hat. Studien bewiesen worden. Okay. Aber ist es nicht immer noch schwierig, also mit Langzeitdaten, oder wie man dem sagt, also, wenn man jetzt schaut, okay, jemand, der jetzt 50 Jahre gewaped hat, was ist denn dort so passiert? Weil das fehlt ja wie irgendwie. Natürlich haben wir jetzt schon einige Jahre, wo wir können sagen, okay, das können wir als Schlussfolgerung ziehen für, keine Ahnung, 10, 15 Jahre oder sogar mehr. My name's not Komi Toba. It's not. Okay, what is it then? How should I call you? Oh, it is. It is it's a fictional name of the games. From a video game. I guess. Never heard it before, to be honest. Multipass. Chat, ich bin immer noch 6 Minuten hinten nachher. Fuck, man, ich muss mal ein bisschen vorwärts machen. Mann, hoi, Mino, Mann. Jetzt hast du gerade heute komisch zur Wäsche rausgeschaut. Ja, das mache ich ab und zu. STTLC. ist das dort, wo die Merch-Werbung gekommen ist? Die haben aber auch gut getimed. Die haben wirklich gut getimed, Chat. Ich komme so zurück und dann so Merch-Werbung und ich fliege davon. Hey, viel Erfolg beim Essen holen, Highway Racer, und noch einen guten. Also Troy kann schon eine vibrierende Eichel filzen, aber das dann schon ein bisschen speziell. So eine längliche. Also, nein, du müsstest dann noch so etwas reinmachen, wo es so grösser wird, weißt du, also so, keine Ahnung, so innen so ein Motor und dann so 2 Schienen und so, und dann wird es länger. Aber ich glaube, dann wäre es nicht für mich. Ja? Da müsste jemand anderes fragen, ob jemand so eine vibrierende, lange, sich verlängernde Eichel brauchen kann. Kannst du so etwas brauchen? Also gut, also. Ja, einmal gern, ja. Ich bin da, weil ich wissen, was zu den Bildchen sagst. Soll ich die noch schnell anschauen? Schwarz? Wir schauen sie noch schnell an. Machen wir. Ich lese noch schnell ein bisschen Chat und dann schaue ich die Bildchen an, also die Fotos an von dir. Ich bin da, weil der Strom da ist. Ivo, der Strom da ist. Hat der Strom Chat? Wegen deiner Unterhaltung. Also, sorry, danke für die netten Worte. Und ich, Chat, bin wegen euch da. Das ist so ein Teufelskreislauf. Müsst ihr euch das mal vorstellen, das ist eigentlich verrückt. Ich bin wegen euch da.
Wäret ihr nicht da, wäre ich nicht da. Ihr seid aber wegen mir da. Und ich glaube, das ist so ein stabiler Bond, oder? Ein Bond. Ja, nicht ein James Bond. Der Zusammenhalt, Chat. Finde ich schön, muss ich schon einmal sagen. Ja. Mein Mann haben sie in der Reha sogar als Alternative zum Rauchersdampfen empfohlen. Oha, okay. Interesting. Ich verstehe den Gedanken. Ich bin auch der Meinung, Dampfen ist nicht irgendwie einfach gesund. Nein, gesund ist es nicht. Das haben wir vorhin hat jemand gesagt. Aber es ist nicht ganz so schädlich. Und dann ist es natürlich als Alternative zu empfehlen, auf jeden Fall. Und vielleicht dann mit dem nächsten Schritt komplett aufhören. Ich habe das Problem gehabt, ich habe das schon mal erzählt, Chat, als ich damals geraucht habe und die Vapes aufgekommen sind. Das war komplett neu dort. Habe ich beides gemacht. Dann bin ich rausgerauchen, weil ich nie drinnen geraucht habe. Rauchen. Und wenn ich nicht raus konnte rauchen, habe ich einfach gewaped. Ich habe dann einfach ergänzt, quasi mit Vape. Und das ist natürlich der absolut schwachsinnig. Der macht es noch schlimmer. Wie im Militär, du bist 6 Minuten zu spät, jetzt gehst du zurück und kommst rechtzeitig. Macht man das im Militär so? Ohne Scheiß im Zivilschutz bin ich immer auf Minuten genau eingetroffen. Alle anderen sind irgendwie so ein paar Minuten früher da gewesen. Ich bin immer auf Minuten genau reingelaufen. Es hat immer geheißen, wie ein Schweizer Uhrwerk, der Troy. Und so, ja. So bin ich halt. Ich habe 15 Jahre geraucht, Vapen seit 10 Jahren, beides ist nicht gut, aber Vapen ist besser und günstiger als Rauchen. Ja, das glaube ich. Aber am besten, man macht gar nichts von dem, im Grunde genommen ist beides Blödsinn. Ja. Ich glaube, wissen wir alle, wissen auch alle Raucher. Aber es ist halt nicht so einfach, von dem loszukommen. Ja, also es war auch für mich nicht einfach gewesen, vom Rauchen loszukommen. Vom Nikotin bin ich nie wirklich losgekommen. Hydraulisches ist verlängernde Eichel, die noch vibriert. Genauso. Wäre schon so ein Highlight, wenn der Ullen, der Sonnenblume oder der Troy Project Zomboid Serie spielen würden. Würdest du das noch sehen, Grüezi Bär? Aber da fehlt noch jemand. Da fehlt ja jemand. Der Mr. Blatch muss doch auch noch dabei sein, Mann. Darf nicht fehlen. Troy Alarm, ich weiss, warum die im Loch so was wollen. Die wollen ausbrechen. Okay, da müssen wir natürlich verhindern, so Zeug. Hey, Feta-Käse übrigens, grüezi. Schön, dass du da bist. Hello. Also du hättest sie doch am Anfang an... Ja, ich habe sie angeschaut, aber ich würde sie gerne noch sharen, natürlich. Also das wäre die Idee, dass ich sie noch mit euch share. Wenn du willst. Nur wenn du willst, Schmarz. Aber der kann dir sagen, Schmarz, dann zoomen wir dort also nochmal rein, gell? Dann machen wir Enhance, dann schauen wir uns alles an. Ist das auch ein Trinkspiel, Jenny? Römer. Hey, listen. Hat jetzt nicht gedacht. Listen, ja, Troy, das muss man sich schön... Okay. Das muss man sich schön trinken, Chat. Welcome back, Specko. Was Teufelskreislauf, das tönt so negativ. Ja, es ist natürlich nicht negativ. Es ist eine schöne Symbiose, wenn der Troy streamt. Genau, sorry, ich habe mich ganz schwer im Wort vergriffen.
ist nicht ein Teufelskreislauf, es ist eigentlich so ein schöner Kreislauf. Ein Symbiose-Chat. Eine Symbiose nennt man das. Ich kenne nur euch 3, Hans-Peter. Beim 4. bin ich noch nie im Stream gewesen. This is Sparta! So, Chat. Also, schau jetzt da schnell. Schau schnell rauf. Ja, da müsst ihr schauen. Wenn ihr den noch nicht kennt, den Mr. Blatch oder The Brother from Another Mother, wie wir uns gegenseitig nennen, dann müsst ihr dort schauen, Chat. Ja? Wichtig. Ich verstehe mir Freiheit. 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 Ja, das kennt ihr nicht, gell? Freiheit, Chat. Vapen finde ich unfair fürs Umfeld. Man merkt nicht, dass man Nikotin einschnauft. Bei Ziggis schmeckt man so und kann flüchten. Beim Vapen stehe ich auf dem Perron und schnaufe Nikotin ein, bis der Zug kommt. Ja, okay, fair enough. Ich verstehe die Aussage absolut. Aber der Unterschied ist ja dann auch nur noch Signal, also so das Signal ist weniger. Das Signal, ich muss jetzt flüchten, ist quasi weniger da. Der Ali-Man Show. Der Ali-Man Show. Merci vielmals für den Follow, danke vielmals. Wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Jetzt habe ich nachher dann noch schnell eine Frage an euch, aber jetzt nehme ich mir gerade ein bisschen viel vor, Chat. Jetzt nehme ich mir gerade ein bisschen viel vor, wenn ich das noch fragen will. Für Jenny ist doch alles ein Trinkspiel. Es haben nicht alle Nikotin drin, aber ja, man schmeckt es weniger. Gut, das ist auch so, ja. Es haben nicht alle Nikotin drin. Der ist halt im Ausgang, aber er kommt sicher noch rein. Hey, also, das ist jetzt, ich weiss, es hat er ja auch gesagt. Wenn er noch kann. Aber ich sage Dank für ein SO in seinem Namen. Hey, sehr gern, sehr gern. Ich kann ja nicht wissen, was der andere für eine Mischung drin hat und ich will das andere Zeug auch nicht schnaufen. Ja, ja. Gut, dann kann man es auch wieder so sehen. Wenn man jetzt sagt, der Rauch von einer Zigarette ist schädlicher als der Dampf von einem Vape. Sagen wir jetzt beide, es hat Nikotin drin, wenn wir es jetzt schnell so vergleichen. Dann kannst du ja eigentlich auch sagen, hey, ich habe lieber einen Vapor neben mir auf dem Perron als einen Zigarettenraucher. Wenn du jetzt entscheiden könntest, eins von beidem, dann nimmst du ja lieber den Vapor. Also kann man eigentlich sagen, okay, es ist schon ein bisschen besser. Es ist also auch für die Leute, die halt für die Nichtraucher, die rundherum stehen. Ja, das verstehe ich, aber ich glaube, der Teer ist das, was schädlich ist für die Lunge. Ja, das ist auf jeden Fall da. Eben so, der echte Rauch im Vergleich zum Dampf, das ist der Teer, der die Lunge kaputt macht. Man kann auch komplett normal durch die Straße laufen und man schnauft gleich dreckig. Über die Straße laufen kann man auch, mir ist mir egal, jeder Leben lassen, no hate. Bin ich auch eigentlich auf deiner Seite, bin ich absolut auf deiner Seite. Also wenn wir jetzt nochmal zum Rauchen zurückgehen, ich als Ex-Raucher, ich habe eigentlich nie ein Problem. Ich weiss, wie es ist, wenn man raucht. Ich weiss, wenn man raucht, dass der Neid halt einfach rum ist. Da kann ich die Leute nicht böse anschauen, nur weil sie jetzt eine Zigarette anzünden. Ich kann mich verpissen, wenn es mir nicht passt, ja. Aber auch dort, es ist halt, ja, es ist doof, es ist nicht gesund, ja, auf jeden Fall, aber schlussendlich, ich reg mich nicht auf über so Zeug.
Und manchmal auch nicht, schmeckt das Vape-Zeugs eben noch recht gut. Muss ich auch mal sagen. So. Gib mir noch ein bisschen mehr davon. Und was zum Beispiel auch ist, das nehme ich jetzt auch noch als Beispiel, wenn ich Besuch habe, in meiner Wohnung werden keine Zigaretten geraucht. Kommt nicht in Frage. Ich habe das auch damals, als ich geraucht habe, habe ich nie in der Wohnung geraucht. Aber mit Vapes habe ich kein Problem. Da sage ich immer, hey, kein Problem. Tun Sie ruhig vapen hier. Ich habe lieber niemanden neben mir auf einem Perron, wo andere schadet. Es gibt doch so Zonen. Gibt's so Zonen? Ich bin zu wenig mit der ÖV unterwegs, Chat. Also gibt's so Zonen, wo man weder raucht noch vapet? Habe ich nicht gewusst. Aber funktioniert denn das auch? Ich glaube, jedes Grillieren im Wald ist schädlicher als ein Vapor auf einem Perron nebendran. Gut, das stimmt sowieso. Das ist auf jeden Fall so. Das vermisse ich irgendwie mega. So im Wald bröteln, alles schmeckt nach Feuerstellen nachher. Und man merkt es ja selber gar nicht. Aber dann kommt man heim und am nächsten Tag merkt man irgendwie, wenn man wieder in die Wohnung reinkommt, dass alles nach Feuerstelle schmeckt. Die ganze Kleidung, die man abgelegt hat. Rappelt sich auf und klopft der Staub ab der Rüstung. Wie oft denn noch treu? Tiefer geht's doch nicht mehr als ins Superloch. Warte mal, was ist denn das? Hey, grüezi Bär, we need to go deeper. Jetzt ja wirklich noch ein Level mehr. Das hört nicht auf. Das ist da hinter Troys Winterpneu versteckt gewesen. Und sorry, den Blätsch habe ich auch wirklich nicht gekannt. Nehmen Sie mir nicht zu. Hey, alles gut. Aber jetzt klickst du auf den Link und schaust mal rein. Der macht Musik und so. Chat, der macht Musik. Der kann eben etwas. Ich kann einfach da und trinke Kaffee trinken. Nicht rauchen. Rauchen ist doch komplett egal. Alle liegen schlussendlich waagerecht in der Kiste. Oder als Staub in einer Box. Wir sind am Schluss nicht mehr als Sternenstaub, Chat. Sternenstaub. So ist es. Ja, also Pini gibt dir auch recht, ja. Da hat die SBB leider versagt, es ist nie kommuniziert worden und das Verbotsschild munzig klein. Ja, das habe ich gar nicht gewusst, dass das die Idee wäre. Das habe ich echt nicht gewusst. Rauchen, nicht rauchen, das sind doch bürgerliche Kategorien. Ich habe ein Dampfgerät zum Inhalieren, nur mit Wasser, sehr nice zum Verkältiger oder sonstige Probleme mit dem Atemweg. Für mich die einzige legitime Art zum Dampfen. Okay. Also quasi etwas Medizinisches. Ich mache einfach, was ich immer mache, ohne Scheiß, so heißes Wasser. Wie heissen die Tabletten, Chat? Ich weiss den Namen gerade nicht mehr, aber da tut man so Brausetabletten rein und nachher tut man den Dampf inhalieren. So mache ich das einmal. Also ich habe nicht das Gerät, ich mache das auch also mit heißes Nasobol, let's go, genau das Zeug. Das wirkt Wunder, Chat. Das wirkt Wunder. Ich liebe es. Also ich liebe es nicht, krank zu sein oder verkältet zu sein, aber in diesem Moment mache ich sofort Nasobol. Pulmex oder Wix, ja, zum Einreiben dann, ja, das stimmt. Ich war ein Beizenkind als Baby schon in der verrauchten Beiz. Die haben meine Eltern überall geraucht. Ich bin dort nicht so heikel. Aber ich verstehe, wenn das jemand nicht will, die rauchen und vapen. Aber also ich kann dir sagen, oder ich kann euch sagen, als ich aufgehört habe rauchen, ich sage jetzt einmal so, schon nach ein paar Wochen ohne Zigaretten, habe ich so ein bisschen angefangen zu spüren, wie es ist für andere. Ich glaube, das kann man erst dann wirklich wahrnehmen, wie es ist. Als Raucher denkt man, ja, ist ja gar nicht so schlimm. Tu doch jetzt nicht so, oder? Und wenn man dann wirklich mal so der Nichtraucher ist, also
oder schon länger wirklich keine Zigaretten mehr geraucht hat und das Gegenüber zündet eine Ziege an, dann merkt man mal, wie ich sage jetzt, ja, störend das doch kann sein, je nachdem. Aber ich habe dann nie irgendwie gesagt, oh, nein, mach die Ziege aus, Mann, was spinnt es eigentlich? Nein, so bin ich nie gewesen. Aber ich habe gemerkt, wie es ist. Es ist ein Nachbar, der Plastik verbrennt. Sagen Sie, Jenny, was haben Sie für Nachbarn? Sind Sie jetzt noch am Plastik verbrennen, nachdem Sie mit dem Feuerwerk gegen die Häuser geschossen haben? Ist doch echt total egal, diese Diskussionen sind seit Jahren die gleichen. Hey, ist es so? Xordia, Chat, Xordia. Voll doof, als würde Rauch oder so stehen bleiben, das ist wie mit Umweltschutz. Wenn irgendwo die Luft verschmutzt wird, bleibt sie nicht an der Grenze stehen und denkt sich, oh, da darf ich nicht hin. Mal, für das gibt es, also ich kann euch nur das hier empfehlen, Chat. Ja. Das ist eine Erfindung von mir. Eigentlich ist es eine Erfindung von Paladin aus WoW. Ja, das Shield of Protection. Und da innen kann ich vapen, wenn ich will. Wo bin ich gewesen? Einfach ein bisschen Rücksicht auf Mitmenschen haben. Ja, also das ist... Ich spüre ein bisschen, wir haben jetzt so ein bisschen Diskussion angerissen. Und grundsätzlich haben alle recht, so wie ich jetzt das so ein bisschen gesehen habe. Ja. Ich meine, es sind ja schon die ganzen Änderungen mit drinnen wird nicht mehr geraucht und so. Das ist ja sicher schon mal eigentlich... Ich habe mich auch genervt als Raucher damals, aber endlich ist es eine gute Sache. Und so ist dann die Rücksicht auch ein bisschen mehr da. Ja, früher hat man überall geraucht. Überall gefühlt. Ist egal wo, man konnte rauchen. Hey Carnage, grüezi Carnage und Ullenmann. Hast du dein Hörspiel durchgelassen? Let's go. Boy! Hey Ullen, wie hast du es? Carnage? Schön sind ihr da. Krass, verbrennst der mit Wasser nicht die Lippen. Also Wasser braucht ja viel höhere Temperaturen zum Verdampfen als da, wo so schön Vapes ist. Also, als ich jetzt gesagt habe mit Nasopol und so, das ist auch kochendes Wasser. Also natürlich, das trinkst du ja nicht. Du hast einfach das Gesicht drüber. Aber ja, vielleicht im ersten Moment ist es vielleicht noch ein bisschen zu heiß. Aber ich weiss, was du meinst. Vielleicht ist mit so einem Gerät würde es besser funktionieren. Mit so einem Verdampfergerät halt. Weil dann schafft es nicht mit Hitze. Nein, man muss natürlich schon ein bisschen schauen, wenn man jetzt wenn man das Nasobol-Bad, Dampfbad macht. Dass man sich nicht verbrennt. Aber ich habe das eben noch gerne, also die Hitze nachher so auf dem Gesicht und in der Lunge. Ich finde das irgendwie noch geil. Geil! Ich mache das mit Wix, ist noch gäbig, darfst du auch nicht zu viel, okay. Also ein so ein Plastilding, wo der Rüssel kannst dran haben. Ah, ich habe das auch, ja, das habe ich auch schon gesehen. Wir rauchen aber auch nicht drin und möchten das auch nicht. Früher haben wir es schon gemacht, oder? Oder ich einmal. Aber nicht in meiner Wohnung. Also dort war schon die Überlegung, hey, ich will das nicht in meiner Wohnung haben. Ich will nicht, dass meine Wohnung stinkt. Ich hatte genug Kollegen, die in der Wohnung geraucht haben und das habe ich nie gut gefunden. Das habe ich gelesen. Ömer, hallo Ömer, wie geht's dir? Schön, dass du hier bist. Wir brauchen
Das brauchen wir für die nächste Messe, so werden wir nicht krank. Ja, Arti, du kannst an das Bubble. Du kommst eigentlich in deinem Dino-Anzug. Arti, das ist auch etwas. Du kannst in deinem Dino-Anzug vapen. Gut. Einfach im Dino-Kostüm, in dem aufblasbaren Ding, einfach vapen. Movie star. You are a movie star. Da, 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 da. Ist das nicht einmal Musik von dieser Show? Oh Mann, ihr wisst es sicher. Von dieser die Pannenshow oder irgendwie so etwas, Chat. Ist es die Pannenshow gewesen? Irgendetwas so in die Richtung. Wir rauchen schon draussen, was auch okay ist. Es gibt Raucherzonen, man kann so übertreiben. Ich glaube, die meisten nehmen Rücksicht. Finde ich auch. Finde ich auch. Es gibt natürlich auch immer die, was natürlich... Wie bei allem gibt es immer die einfach Grenzen nicht kennen. Die es auch übertreiben müssen, absichtlich auf die Spitze treiben. Die gibt es überall und die gibt es sicher auch bei diesem Thema. Sogar im TV haben sie gemacht. Ich finde es noch lustig, damals, als ich bei Brack angefangen habe, also ein Lehrling hat mir das dort damals erzählt, hat gesagt, hey, vor einem Jahr haben wir überall noch rauchen. Also wirklich in den Büros. Es ist unvorstellbar heutzutage. Einfach am Arbeitsplatz, Ziggy anzünden und so. What the fuck? Ich merke es schon, mein Raucherhusten ist schon fast weg und meine Haut hat viel bessert und es stinkt nichts mehr nach Rauch. Ja, und vor allem, also was du sicher anmerkst, ist der Geschmackssinn, oder, Trini? Der Geschmackssinn, wo einfach, da öffnen sich ganz neue Welten. Das war bei mir so gewesen. Du schmeckst plötzlich überall Zeug und Sachen und es ist viel, wie soll ich sagen, extremer alles, was du schmeckst, auch beim Essen und so. Aber hey, ist es so, man merkt den Unterschied, wenn man aufhört zu rauchen schon. Also so ist es bei mir gegangen. Also so ist es bei mir gewesen. Wir haben früher im Zug noch gekifft, das war völlig normal. Ja gut, das ist auch in der Lehre, hat man geraucht im Zug und der nebendran hat noch eins gekifft und dann ist man recht passiv bekifft gewesen nachher. Wir können auch alle jetzt Bäume umarmen und entschuldigen. Also das machen wir jetzt, Chat. Jetzt pflanzen ihr alles Bäumchen. Ja, ich gebe euch jetzt 2 Minuten Zeit, pflanzt das Bäumchen, dann umarmt ihr das Bäumchen. Also ihr wartet schnell, bis es gewachsen ist, dann könnt ihr es umarmen. Und dann könnt ihr euch noch entschuldigen bei mir. In 2 Stunden an meinem CRT habe ich jetzt die Slider am sogenannten Yoke und die Regler am Flyback Transformer justiert. Ja, Carnage, let's fucking go. Aber tut es jetzt so, wie du das gerne möchtest? Oder ist es noch nicht ganz perfekt? Ich spüre da den Perfektionismus aus Carnage. Ist es denn jetzt zu 100% in Ordnung? Alles gut, soweit. Also ganz durchgelassen habe ich es noch nicht. Ein paar 40 von 173 habe ich durchgelassen. Holy, das geht ewig, aber das ist so geil. Ja, das klingt schon nice. So Hörspiel, aber du hast mich ein bisschen auf den Geschmack gebracht, Ullen. Ich habe es ja dort schon gesagt. Ich habe jetzt noch nicht angefangen, etwas zu hören, aber es wird mich eben schon ein bisschen reizen. Ich habe 40 Jahre lang geraucht und gekifft auch. Also auch 40 Jahre lang gekifft. Ich habe euch alle lieb,
nimm auf alle Rücksicht, so gut wie es geht. Renn schnell in den Garten, was pflanzen. Let's go. Arti hat etwas gepflanzt und jetzt ist die Welt wieder in Ordnung, Chat. Oder ein kleines Stückchen besser geworden. Jetzt bedarf es externer Magnete, um das Bild weiter zu verbessern. Chat. Let's fucking go. Carnage. Das wird was, ne? Das wird was. Moment, schnell, Chat. Hätte gerade Plastildo. Was ist das? Ein Dildo aus Plaster, ne? Habe ich gesagt, Mino, Mann. Fängt ja auch richtig an, gewisse Aussagen, wo du merkst, dass es ein bisschen Kokain. Dass ein bisschen. Was? Wo merkst du, dass ein bisschen ein Kopiummechanismus dahinter ist? Aha. Ja, okay. Jetzt habe ich es richtig verstanden. Nicht Kokain im Chat. Solange man nicht wie Crocodile Dundee das Koks als Nasabolersatz verwendet. Holy shit. Holy shit. Jetzt aber. Die Kostüme haben ja jetzt das Luftloch. Wo ist mein Furzspray? Das ist mit Furzspray so richtig fies. Also kommt darauf an, ob man es raussprüht oder reinsprüht. Aber innen ist richtig fies. SDTLC, aber so etwas machst du nicht, oder? Du bist nicht einer von denen, der die Events geht und den Dinos Kokainum ins Poloch reinsprüht, oder? Ich stelle mir jetzt SDTLC einfach vor. Geht das Hero Fest mit seinem Furzspray? Der haltet der Ausschau nach irgendwelchen Dinos. Und dann geht er so ans Poloch hin. Und der Arti dann so, what the fuck? What is happening? Boah, die Vorstellung ist auch übel. Die Furzsprays, die stinken richtig heftig. Highway Racer, welcome back und einen guten. Und Tiger 75, Tiger, wie geht's dir? Schön, dass du hier bist. Der Tiger mit seinem Hype-Disguise-Emote, was ich so cute finde. Das hure Kätzchen da. Wo ist es jetzt? Wieso kann ich es nicht hervorheben jetzt? Ja, das ist so süß. Troy, wie hast du es eigentlich mittlerweile mit seniler Bettflucht? So mit 25. 3-mal ein bisschen zur Nacht und am 7. wach? Nein. Nein. Also. Ich muss einiges auf. Fuck, Mann, das ist eigentlich. Ich muss tatsächlich manchmal 2-mal aufstehen. Das ist eigentlich mega sad. Du erinnerst mich jetzt daran, dass es halt wirklich so ist, oder? Nein, also früher musste ich nie gehen bisseln in der Nacht. Wirklich einfach nicht. Und jetzt habe ich das Gefühl, bevor ich richtig eingeschlafen bin, muss ich schon das erste Mal bisseln. Und dann irgendwas mitten in der Nacht muss ich wieder gehen. Ja, also ich spüre es. Es sind noch nicht 3. Es sind noch nicht 3, aber 1 bis 2 Mal. Mhm. Aber ich bin noch nicht am 7. wach. Also da bin ich immer noch. Es ist egal, wie lange ich schlafe. Es ist egal, wie lange. Wenn ich keinen Wecker gestellt habe, dann wache ich nicht auf. Nein, ich habe ewig schlafen. Ich bin nicht am 7. wach. Ich kann easy peasy 10 Stunden schlafen, Chat. Easy peasy 10 Stunden schlafen. Und das habe ich tatsächlich gestern ein bisschen genossen. Ich war zwar völlig aus dem Schlafrhythmus draussen, aber ich habe mir einfach gesagt, ich werde jetzt einfach 3. Ich werde jetzt eigentlich schlafen. Keinen Wecker gestellt haben. Ich habe keine Termine, nichts. Ich habe das auch absichtlich so gemacht, dass ich den ganzen Tag nichts los habe. Und dann habe ich einfach geschlafen. Und dann bin ich am 9 Uhr am Abend aufgestanden. Aber wie gesagt, der Schlafrhythmus ist schon im Arsch. Ich glaube, heute gibt es einen langen Stream-Chat. Ja genau, stimmt, es schmeckt alles viel extremer. Ist es so, oder? Ist wirklich so. Die Erde ist gefroren.
Nein, ist die Erde eingefroren? Tiger, was hast denn du gemacht? Du meinst wegen Bäumli pflanzen? Ich stelle mir jetzt so vor, den Tiger draussen im Garten mit der Schaufel so. Ding, ding, so shit, Mann. Der Boden ist gefroren. Ich kann doch kein Bäumli pflanzen jetzt. Tut immer noch nicht, wie es möchte. Ja, jetzt ist das Bild auf meiner Röhre schärfer als vorher und von der Konvergenz her geringfügig besser, aber gerade oben links und unten rechts ist einfach viel Konvergenz vorhanden im Bild. Ja, holy. Geile Song. 40 Jahre gekifft, ohne Scheiß. Okay. Es ist auch mal schwierig zu beurteilen. Aber Trini, hast du das Gefühl, es hat etwas mit dir, also es hat dich verändert? Ich finde das immer noch... Ich bin der Meinung, dass vor allem in den jungen Jahren kann es einem verändern. You know what I mean? Es kann aber auch insgesamt, es muss ja nicht negativ sein, es kann einem auch ruhiger machen, I don't know. Aber das fände ich jetzt noch interessant, wie du das siehst. Oder ist es einfach, ich meine, irgendwann macht es wahrscheinlich nichts mehr mit einem, oder? Dann ist es einfach so etwas wie Rauchen. Jetzt sind sich halt noch ein Joint an. Jetzt nimmt es mich aber noch Wunder. Es gibt doch da das, wie nennt man das? CBD? CBD? Das Marihuana? Marihuana? Ohne THC, glaube ich. CBD, okay. Wer von euch konsumiert das? Ich meine, ich kenne mich wirklich nicht aus. Ich weiss, es gibt Öl. Ich glaube, sogar Brack verkauft es sogar. Es gibt Öl zum Rauchen und I don't know. Und ich glaube, es soll beruhigen. Das ist, glaube ich, vor allem, man braucht es, um ein bisschen runterzukommen. Wer braucht so etwas? Oder wer kann sogar sagen, hey, mal, das nützt auch etwas bei gewissen, keine Ahnung, Sachen, sechs Angst, irgendwas, Nervosität und so. Hey, Toblerone, Toni, Mann. Grüezi und merci vielmals für den Resub im 12. Monat. 12 Monate, ein Jahr Toblerone Toni. Merci vielmals für den Support, Toblerone Toni. Wie geht's dir? Wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Ist das schnell, ich mag im Chat nicht hinten nachher. Nachher stelle ich noch Fragen und mag im Chat wieder nicht hinten nachher. Und ja, ist Perfektionismus bei mir am Werk. Ja, Carnage. Ich merk's, ne? Ich merk's. Und ich bin ja selbst auch ein bisschen so. Schnell ein bisschen da. Ich habe im Fall gestern hure lang gebraucht, um zu checken, dass du der Treubär warst. Ich habe mir gemeint, du machst nicht mit, aber es war mega unterhaltsam. Ich habe lange mitzeichnet als Treubär. Für die jetzt nicht wissen, um was es geht, beim lieben Gritti Bounce, machen wir schnell einen Shoutout. Beim lieben Gritti Bounce, der hat gestern gestreamt und hat Scribble.io gemacht, wo man das Zeug zeichnen und die anderen müssen raten, was man zeichnet und umgekehrt. Und dort habe ich mitgemacht, habe ein bisschen gezeichnet und geraten. Ich bin immer so im Durchschnitt gewesen. Ich bin immer irgendwann so in der Mitte gewesen, von den Punkten her. Ich bin nicht super schlecht gewesen, aber ich bin auch nicht wirklich super gut gewesen. Und alle anderen, die besser waren als ich, haben einfach gecheatet. Jetzt sind alles Cheater gewesen. Ich sag's, wie es ist. Stream-Sniper, Cheater. Und spielen wahrscheinlich nichts anderes. 24/7 nur Scribble.io am Spielen. Klar habe ich keine Chance, oder? Ja, schnell ein bisschen haten. Notiert ist ein Aktivkohlefilter einzubauen. Ja, okay, das wäre etwas. Das nützt gegen Furzspray. Auch nur will am 7.1. gehst du schlafen. Ja. Also heute ist ich habe ein bisschen geschlafen, nachher bin ich schnell beim Mr. Blatch im Stream gewesen.
Und dann bin ich nochmal ein bisschen geschlafen. Tiger, wie kalt ist es denn bei dir? Wie kalt ist es eigentlich bei mir? Worthammeren. Wie sind die Temperaturen? Oh, das ist auch etwas, was ich mal fixen wollte. Nicht mich wundern, ob es jetzt... Was? What? Aktuelles Wetter bedeckt Außentemperatur 1,42, Innentemperatur Current Temperature. Ja, okay, da ist ja was kaputt. Muss ich mir notieren. Muss ich mir natürlich notieren. Geiler Song. Ich trinke extra viel, dass ich früher wach werde. Hey, aber das habe ich aber auch schon gemacht. Aber dann muss ich auch gleich eben zweimal in der Nacht noch aufstehen und dann habe ich das Gefühl, dann ist der Schlaf wieder nicht mehr so gut. Bringt aber nie was, noch zu jung. Siebenschläfer Troy, absolut. Ich bin Siebenschläfer. Ist es so, wie es ist. War heute schon Gameplay? Nee. Nee, tatsächlich nicht. 10 Stunden schlafen, easy. Easy. Wirklich kann ich easy, ich kann auch länger schlafen, Chat. Komisch, bei 54 und muss zur Nacht aufstehen, um ein bisschen und schlafen kann ich auch ohne Problem. Also, muss nie zur Nacht aufstehen, um ein bisschen, okay, Trainee? Interesting. Trinkst denn du auch genug, Trainee? Wie viele Liter muss man am Tag trinken, Chat? Also ist beim Zeltengang super, wachst auf und sollst pissen, aber draussen ist eine Affenkälte. Treuröschen im Tiefschlaf. Treuröschen. Röschen. Treuröschen im Tiefschlaf. Genau so. Ich habe die gestern 19 Stunden geschlafen, aber naja, mit Fieber kein Wunder. Ja, dann ist es natürlich noch mal etwas anderes. Grüezi, Bär. Hey, ich wünsche dir übrigens noch gute Restbesserung. Gell? Hoffe, dass du gleich wieder 100% fit bist. CBD. Hat THC drin, aber unter 1% und macht somit nicht high. Habe ich getestet, habe aber nicht viel gemerkt. Ich habe es einmal getestet und ich bin einfach müde geworden. Und das bringt mir natürlich nichts. Wenn schon runterkommen, ja, aber noch müde sein, das ist doof. Aber vielleicht, keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Gar keine Droge außer Alk, aber auch fast nie. Ja, Alkohol. Ich trinke auch nicht viel Alkohol. Es ist wirklich so. Ja, ab und zu mal so ein Rum ist halt schon nice. Oh, jetzt hat ihr gerade Lust auf einen, Chat. Oh, fuck, man. Jetzt hat ihr halt gerade Lust auf einen. Ich weiss nie so richtig, wie das mit der TOS ist auf Twitch. Aber ich kann da noch Kaffee trinken. Es ist irgendwie ein komischer Mix auch. Ich habe nicht gemerkt, ich habe es einfach zur Beruhigung gebraucht, so zum oben runterkommen. Okay. Ich glaube auch, nach einer Weile hat es wie keine grosse Wirkung mehr. Weißt du, was ich meine? Du bist dann nicht immer irgendwie keine Ahnung, auf dem Trip. Ich weiß es auch nicht. So richtig bekifft und so. Du bist einfach ruhiger wahrscheinlich. Meine Grossi hat Hanfcookies mit THC immer gemacht und Sirup für ihre MS. Oha. Das habe ich aber auch schon gehört. Dass das dann hilft. Oder ja. Okay, aber interessant. Auch der Satz ist so gut. Meine Grossi hat immer Hanfcookies mit gemacht. Das war eben ein cooles Grossi. Ich habe auch ein Rezept wegen ADHS und dem Asperger. Okay. Und du brauchst das auch? Also du konsumierst das auch? Also wir reden jetzt von CBD? Oder von wirklichen... Ich kenne mich halt nicht aus, ich weiß nicht, wie ich mich ausdrücken muss. Oder das echte Zeugs und so. Toblerone Toni, hey, ich kann mich nicht beklagen. Freut mich, dass es dir gut geht.
Echt cool. Wie immer, guter Stream, gute Leute, gute Gespräche wieder. Ja, so ein bisschen. Überall sind wir ein bisschen. Wird auch gerne mal ein bisschen deep. Dir ist bewusst, dass Alkohol auch eine Droge ist. Alles, was einem überrascht, ist eine Droge. Ich habe es jetzt vorhin fast so verstanden, wie es der Highway Racer geschrieben hat, dass er eigentlich auch schreibt, dass Alkohol ja gar keine Droge ausser der Alk, also so wie er es eigentlich schreibt, sagt er, eben, nimmt er eigentlich stuft der Alkohol auch als Droge ein. Und ich meine, klar, es ist jetzt so, es tönt auch blöd, wenn man sagt, Alkohol ist eine Droge, aber irgendwie schon. Also wenn Marihuana eine Droge ist, dann ist auch Alkohol eine Droge, sind wir ehrlich. Oder dann ist beides keine Droge. Aber man kann dort irgendwie einen grossen Unterschied machen, finde ich jetzt selber auch unsinnig. Ja, müssen wir es also auch nicht übertreiben. Ja, 40 Jahre. Nein, Trini, hast du nicht falsch verstanden. Aber genau das ist es ja. Alkohol ist dort eben noch viel schlimmer. Ich bin jetzt mal der Meinung, wenn man 40 Jahre einfach sauft und sich nicht spürt, schwierig. Ich glaube, das hat ein bisschen andere Auswirkungen, als wenn man 40 Jahre kifft. Gefühlt minus 5 Grad doch. Ist der Bot besoffen? Der antwortet gar nicht mehr, oder STTLC? Der antwortet nicht mehr. Der will nicht mehr. Ich habe jetzt, glaube ich, kaputt gemacht mit meiner letzten Frage. Bei diesem Thema streiten sich auch die. Okay, interesting. Merci, bin ja schon auf der Road to Recovery. Muss auch nie aufstehen zum Brünzeln, bleibt einfach liegen und schlaft dann weiter. Okay. Und dann lass es laufen. Wartest, bis du explodierst. Geister, die einen sagen 2 bis 3 Liter, andere sagen, man nehme genug Flüssigkeit über das Essen auf und man trinke zu viel. Ja, okay, es ist, ja, ich weiss, was du meinst. Ich schaue tatsächlich einfach immer, ich habe vor ein paar Jahren angefangen dass ich eben ein bisschen mehr Evian-Wasser trinke. Nein, dass ich auch allgemein mehr Wasser trinke. Weil früher das kann nicht gesund gewesen sein, wie ich getrunken habe. Ich habe Red Bull gesoffen, den ganzen Tag. Das kann nicht gesund sein, Chat. Mir geht es inzwischen erstaunlich gut. Ich habe sogar geschafft, heute ein bisschen Yoga zu machen, um auch die Verspannung loszuwerden. Okay, nice. Schlafen war noch nie mein Problem. Ich kann immer gut schlafen. Dann kannst du froh sein. Ich glaube, da muss man schon schätzen, wenn man kann schlafen und gut kann ausschlafen und erhalten ist nachher. Warum machst du dir einfach einen kalten Tee? Einen kalten Tee? Mit ein bisschen Kokain. Kaffee trinke mit Rum, ja genau. Ich glaube, ich schenke mir jetzt einen Rum in Prostroy. Hey, gönnt euch. MS ist nicht Microsoft, das ist Multiple Sklerose. Multiple Sklerose. Sage ich das richtig, Chat? Ihr habt es sicher schon beantwortet. Schönen Abend zusammen, bis ein anderes Mal. Hey, sorry, Z, schön bist du dabei gewesen. Ich wünsche dir auch ganz einen schönen Abend. Ja, geniess es, schlaf dann gut, wenn es so weit ist. Multipass nicht vergessen, sorry. Multipass. Und bis zum nächsten Mal. Bye, bye, tschüss. CBD auch Rezept, okay. Das Geile ist, wenn es meinem Großvater nicht gut gegangen ist, hat sie ihm ein Cookie gegeben und gesagt, er soll das essen und legen. Der hat wunderbar geschlafen, aber nie gewusst, was er nimmt. Ohne Scheiß. Ja gut, Cookies, die wirken auch ein bisschen anders. Also da geht es auch je nachdem ein bisschen, bis das im Verdauungstrakt ist und es dann anfängt zu wirken. Und das ist dann schon ein bisschen anders. Und ich glaube, da kann man wirklich auch schlafen wie ein Baby dann. Geht man legen, schlaft man ein, wird high. Geil.
Alkohol, Zucker, Koffein, vieles heutzutage ist eine Droge. Hey, man kann es natürlich auch ausweiten auf all das. Und gebe ich dir absolut recht, Carnage. Zucker ist auch Droge, absolut, absolut. Ja, ich habe es falsch interpretiert, das ist, was der liebe Highway Racer gemeint hat. Sorry. Hey, alles gut, alles gut. Stimmt, ich mal einen Monat nichts gekifft und dann wieder eins geraucht und bei dermaßen drauf gewesen, dass mir fast schlecht geworden ist. Und da war der Zeitpunkt gewesen, wo ich gesagt habe, jetzt ist Schluss, das muss ich nicht mehr haben. Da braucht es aber manchmal auch, oder? Da braucht es manchmal auch. Mir kommt jetzt etwas anderes in. Das hat jetzt nichts mit Kiffen zu tun oder irgendwie lang nicht und dann wieder. Aber ich habe mal am Morgen, also als ich noch geraucht habe ich am Morgen irgendwie keine Ziggis mehr gehabt. Da habe ich jemanden gefragt, ob er mir eine Ziggi hat. Und das war ein Marlboro Rot. Da habe ich die geraucht und ich hatte so einen richtigen Nikotinflash. Dort ist es mir eben auch schlecht geworden. Und dort habe ich auch einmal gedacht, so, wow, what the fuck. Ich glaube, ich muss aufhören. Alles gut, alles, was man zu viel nimmt, ist eine Droge. Ja, also, das ist auch der Grund, wieso ich nur einmal in der Woche streame, Chat. Ja. Euch zu lieb. Ja. Stellt euch vor, ich würde 24/7 streamen. Da geht es Berg ab nachher mit allem. Da verdummen alle nachher, Chat. Geiler Song, Chat. Geiler Song. Oh, Solo. Nick Mann, wie geht's? So schön, dass du da bist. Hello. Wo bin ich gewesen? Oh ja, 1 Woche ohne Zucker und Menschen werden zu Monster. Gut, für mich habe ich angeschaut, dass ich viel weniger Zucker zu mir nehme. Ich muss ehrlich sein, ich kann den Kaffee noch nicht ohne Zucker trinken. Aber sonst bin ich sehr, sehr zuckerfrei unterwegs. Double Zero, Chat. Double Zero. Du, kurz eine Frage. Hauen die Leute das SR-Doppelt rein oder hat es einen Fehler? Das ist etwa das 4. Lied, das Doppelt kommt. Vielleicht hat es einen Fehler. Ich schaue schnell. Ich sehe jetzt keine doppelten Lieder mit, Chat. Da, wo noch kommt, ist nicht doppelt. Ich glaube, eins war wirklich aus Versehen doppelt. Ich glaube, Grüezi Bär, du hast mal etwas gesagt. Aber hey, wenn es jemandem auffällt, mir oder der Mats oder der Song Request Masters, dann skippen wir einfach. Wenn es nicht auffällt, ist auch nicht schlimm. Aber merci fürs darauf aufmerksam machen. Müsst ihr mal anschauen. Ich muss mal die History abgleichen, was dort gewünscht worden ist. Sorry, wenn man sagt, Alkohol sei keine Droge, dann hat man den Schuss noch nicht gehört. Ja, also es ist ja so. Also ich bin ganz klar der Meinung, Alkohol, eben so wie ich es vorhin gesagt habe, Alkohol ist schlimmer als das böse Marihuana. Ich meine, ich kiffe nicht. Ich gönne mir ab und zu einen Rum, aber eben, es ist halt einfach auch in Maßen genießen, vor allem genießen und nicht übertreiben, dann ist auch alles gut. Aber ab einer gewissen Menge ist einfach Alkohol um einiges schädlicher oder tödlicher oder wie auch immer als ein Joint. Sayuki, grüezi. Sayuki, wie geht's? Schön, dass du da bist. Hello. Das mit Flüssigkeit ist recht individuell und mit so viel Liter kommt von einer Studie von Mineralwasserherstellern gesponsert. Ich merke selber. Oha, also du meinst Evian? Also ich gönne mir pro Tag mindestens ein
Flasche Evian? Jetzt wette ich dann aber ein bisschen Geld haben, hä? Evian. Oh, jetzt aber. Zu viel Energy Drinks ist auch gar nicht gut fürs Herz. Richtig. Energy Drinks. Ich trinke eigentlich fast nie Energy Drinks. Ich trinke gefühlt 3-mal im Jahr ein Red Bull. Wenn ich es brauche, dann ist es aber gezielt. Nicht, weil ich es gerne, sondern weil ich das sind so Momente, wo ich denke, jetzt muss ich auch schnell wach sein. Und wenn ich jetzt nicht wach bin, dann ist es nicht gut. Und dann gebe ich mir so ein Red Bull, das putscht mich auch entsprechend auf, weil ich so selten Energy Drinks trinke. Aber früher habe ich easy 6 Red Bulls getrunken, durch den Tag durch. Das Red Bull zum Morgen, das Red Bull zum 9. Über den Mittag habe ich 2 Red Bull getrunken, dann eins noch irgendwie am Abend einiges. Und dann noch eins vor dem Schlafen. Und so, nein, ich weiss nicht. Ich habe easy 6 Red Bulls gesoffen früher. Und das war echt der Standard, täglich. Eine Studie hat ergeben, dass schon nur ein Energy den Herzmuskel verändert. Sehr erschreckend, dass sie das immer noch frei verkaufen dürfen. Krass, okay. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Einfach nur ein Energy Drink verändert es schon. Uff. Genau wie bei Dark Souls Gameplay. D&D-Würfel gegen den Tod vom Charakter. Die Only Spider-Abrechnung am Ende des Monats und so weiter. Jetzt habe ich nur Bahnhof verstanden. Aber ja, tönt gut. Sorry, der jüngere Zauberbruder von Zorro. Troy, Yeah! the heck? Yeah! Next time you drink your bloody Evian water, Yeah, read that Father mocking brand name backwards. Lord God Waterwell, have mercy with this thirsty sinner. Naiv. Geil. Ich war kurz weg gewesen und jetzt wird da hier schon trögelt. Ja, also alles Mögliche. Also im Lachen sind zum Dealen. Ullen. Wir müssen etwas dagegen machen. Wir müssen ein bisschen Evian-Wasser runterlassen dort. Steckt im Ullenbullen der Düppel her. Let's go. Ullen, viel Erfolg. Also ich glaube, ich bin zuckerkrank, trinke fast jeden Tag süßes Getränk. Also man kann es ja testen lassen. Highway Racer. Dann würde ich es aber testen lassen, wenn du glaubst, du bist zuckerkrank. Also, aber gibt es denn einen bestimmten Grund, wieso dass du das denkst? Nur weil du jeden Tag süßes Getränk trinkst. Klar, es ist nicht gesund in dem Sinn, ja. Aber gibt es denn irgendwie Symptome, wo du sagst, hey, ich glaube, da ist was? Zucker ist nicht geil, aber Fasnachtsküchli sind trotzdem. Das finde ich geil. Love it. Düdelt den Rest rein und ist schnell eine halbe Stunde lustig. Da, 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 da. So, Chat, wo sind wir? Wo sind wir? Hey, mir geht's gut, Gipfeli, Jutti und Kaffee trinken, kann ich parat, wie geht's dir, Mann? Uff, Mann, Nick, Mann, hey, alles gut, kann mich nicht beklagen, freut mich, dass es dir gut geht, Nick. Und es hat mir auch viel Spass gemacht, gestern auch beim Zeichnen, da, wo ich schon gesagt habe, beim Bounce, mega lustig war, auch mit dem Nick. Alkohol ist einfach ein legaler Teufel, was es legal gibt, ja, ist es so. Alkohol finde ich die schlimmste, verharmloseste Droge, ja, unterstreiche ich, absolut. Und nur weil zu viel damit Geld verdienen wird es nicht verboten.
Es ist so. Es ist so. Wie gesagt, es ist halt, ich meine, ich hätte wahrscheinlich jetzt auch, ich würde mich auch ein bisschen wehren, wenn sie mir jetzt versuchen, den Rum wegzunehmen. Wisst ihr, was ich meine? Wenn jetzt jemand kommt und sagt, hey, der Rum da, den du so gerne hast und keine Ahnung, einmal in der Woche schnell so ein Schlückchen geniessest, den darfst du jetzt nicht mehr haben. Dann werde ich schon ein bisschen sauer. He? Auch, als es gesagt ist. Aber ich übertreibe sie auch nicht. Und genau dort ist eben dann das Problem. Oder? Wasser ist das Beste, absolut richtig. Ich bin froh, gibt es viele alkoholfreie Alternativen. Zum Beispiel Leermondbier ist alkoholfrei und so gut und mega süffig. Ich liebe es. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann mit alkoholfreiem Bier gar nichts anfangen. Ich kann gar nichts anfangen, aber das ist auch aus dem Grund, weil ich bin nicht so der Biertrinker. Ich mag den Geschmack von Bier nicht wirklich. Und wenn ich dann noch ein Bier trinke, wo... Also, es kommt darauf an. Es gibt schon Bier, wo ich irgendwie denke, mal, es ist irgendwie schon noch gut. Don't get me wrong, aber es ist irgendwie nicht so, dass ich den Geschmack mega feiere und nur wegen dem Bier trinke. Und dann finde ich es so richtig unsinnig, wenn das Bier nicht einmal Alkohol drin hat. Dann macht es wirklich irgendwie für mich gar keinen Sinn, ein Bier zu trinken. Da merkst du, wenn du den ganzen Tag im Kack-Reinraum hockst und dann runter Geringweh bekommst. Am Abend Geringweh bekommst. Mhm. Auf Herz und Energy Aussage. Crazy Troy 6. Das tönt nach einem Film. Das tönt nach dem nächsten Tarantino-Film, Chat. Crazy Troy 6. Bist super auf die 2 Liter gekommen. Nieren lässt grüssen. Ja? Nierensteine, Chat. Das ist doch auch noch so etwas. Das ist, glaube ich, auch mega unangenehm. Aber die Leute würden sowieso Alkohol trinken. Das Verbot würde keinen Sinn machen und begrenzen ist auch blöd, weil man dann von Bevormundung reden würde. Ja, es ist halt, es ist mega schwierig. Das Thema ist echt mega schwierig. Da darf man nicht mehr Wein trinken. Das ist doch auch irgendwie schade. Es machen jetzt halt auch Leute kaputt, die sich nicht mehr spüren, oder, Chat? Es machen jetzt auch Leute kaputt, die dann sich besaufen und dann noch Auto fahren und einen Unfall bauen. Die machen es kaputt. That's why we can't have nice things, Chat. Koffein, egal ob Energy, Mate oder Kaffee, ist mit mein Endgegner. Ich mag es einfach zu fest. Ja, spüre ich irgendwie mega, ja, absolut. Hey, R-Noth, ja, let's fucking go! Aber etwas, wo Hemmschwellen senkt, ist grundsätzlich schlecht, meine Meinung. Ja. Ist es so? Vor allem Hemmschwellen. Das finde ich auch schlecht. Das kommt nicht gut. Aber vorhin haben wir es eigentlich von CBD gehabt. Und da frage ich mich natürlich, wenn jetzt CBD einfach so ein bisschen Nervosität nimmt, finde ich es jetzt nicht so schlimm. Aber Hemmschwellen ist halt wirklich so etwas anderes. Weil dann, nach dieser Hemmschwelle kommt dann nur noch das Zeug, das niemandem etwas bringt. Und einem selber auch nicht. Aber hey Arnothia, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Hello. Ich bin 7 Minuten hinten. Aber wir haben ein mega cooles Thema gerade. Ich geniesse es mega. Ich han, sagt sie und Kochikästchen-Chat. Schnell schauen, wo ich bin. Aber warum? Meine Eltern haben es mir ja vorgelebt. Alk ist okay. Es ist schon so. Es hat sich zu fest in der Gesellschaft verankert, das Ganze. Darum habe ich das Gefühl, es ist schwierig, das irgendwie wegzubringen. Ist recht, aber auch eben so regulieren. Wie? Mein Gott. Ich kann höchstens sagen, so Promillegrenze, aber nicht nur beim Fahren, sondern
Einfach immer. Dann kommen sie bei dir die Heime vorbei und dann musst du schnell blasen. Nein, das stellt euch vor. Müssen entschuldigen, wenn ich irgendwie vielleicht etwas nicht vorlese. Aber ich gebe mein Bestes. Das war auch so eine Sache von mir. Auch mit dem habe ich aufgehört. Ich glaube, das liegt am Alter. Koffein sind wir, also Energy Drinks. Darauf aber gerade ein Red Bull. Ich habe tatsächlich im Moment, ich habe ein paar Red Bull. Ich habe ein paar Red Bull. Ich habe ein paar Red Bull geschenkt bekommen, Chat. Ein paar Red Bull geschenkt bekommen. Von Red Bull selber. Haben immer ein Lächeln für jeden Chat. Das ist ganz wichtig. Ganz wichtig. Mutti, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Mutti, hello, hello. Chat, jetzt, ich muss schnell ein bisschen überfliegen. Wenn ihr untereinander schreiben, bin ich mal das schnell ein bisschen am einfach überfliegen für mich. Keine Symptome, aber ich denke schon, dass zu viele Sachen mit Zucker zu mir nehmen. Ich finde es gut, dass du dir das bewusst bist. Das ist sicher sehr hilfreich. Aber da würde ich ja sagen, trink mehr Wasser. So habe ich es gemacht. Trink mehr Wasser. Und ich finde Wasser halt immer noch das beste Getränk. Könnt mir sagen, was ihr wollt. Wasser ist immer noch das beste Getränk. Beim Essen brauche ich tatsächlich irgendwie noch ein süßes Getränk. Ich habe dann auch Zero-Getränk, mein Gott. Ob jetzt das besser ist, I don't know. Aber für zum Essen brauche ich das noch, aber sonst einfach Wasser. Und ich trinke auch, allgemein trinke ich weniger Kaffee als früher. Dort habe ich auch noch meinen Zucker drin, wenn ich mal einen Kaffee habe. Aber ich bin der Meinung, ich habe es schon recht gut reguliert, was den Zucker anbelangt. Und das ist sicher keine schlechte Sache. Aber wenn du keine Symptome hast, mein Gott, du kannst ja mal so einen Test, du kannst ja mal testen lassen, wie deine Zuckerwerte sind und so. Falls du irgendwie so das Gefühl hast, ich glaube, ich könnte zuckerkrank sein und so. Jeden Tag süßes Getränk wäre ja easy, es kommt aufs Maß drauf an. Genau, das sagst du sehr, sehr richtig. Wenn du dafür auf anderes verzichten kannst, kann der andere Berliner und Wasser nehmen und du halt ein Cola oder so. Absolut korrekt. Muss fix Cola Zero Infusion wechseln. Jetzt aber. Intravenös. Das Red Bull am besten. Red Bull intravenös, Chat. Oder der Kaffeetrink. Genau. Der Kaffeetrink intravenös. Da wird Ihnen schnell zuckerkrank gleich Diabetes. Das ist eine Krankheit, die ein Arzt diagnostizieren und man muss behandeln. Genau, also da meine ich auch. Also ich habe es jetzt natürlich nie so gesagt, aber ja, zuckerkrank ist eins der beiden Diabetes. Also es gibt zwei, oder? 1 und 2. Und darum sage ich ja, da kannst du testen lassen. Also keine Ahnung, Bluttest, wie auch immer. Ich weiß nicht, wie das genau funktioniert. Ich glaube, man kann ja auch selber sich pieksen, oder? Es gibt ja so Dinge, wo man sich pieksen und dann den Zuckerwert. Ich habe, glaube ich, ich habe sogar so ein Gerät liegen. Nein, ich bin mir gar nicht sicher. What the fuck? Ich verstehe Leute nicht, die kein Wasser gerne haben. Verstehe ich auch nicht. Ich habe nicht von Alkoholikern geredet, dass das nicht gut ist. Über das müssen wir gar nicht diskutieren. Jetzt sind wir auf der gleichen Welle. Weil im reinen Raum nur darf saufen. Was? Ich komme nicht raus. Im reinen Raum nur darf nichts. Das könnte ein Nichts sein. Nichts darf saufen. Aha.
Okay, ja, okay, das macht schon mehr Sinn. Nichts, okay, jetzt hast du es korrigiert. Okay, jetzt macht es Sinn. Jetzt denke ich, weil im Rheinraum nur darf saufen, so, what the fuck? Das macht nicht viel Sinn. Okay, jetzt check ich es. Ja, wenn man es nicht gern hat, dann würde ich auch was anderes trinken. Ja, logischerweise, ja. Die Kollegin trinkt alles, nur kein Wasser, Hauptsache Red Bull. Ja, sie hat ein paar Nierensteine gehabt. Ja, aber das ist doch dann so. Aber dann sollte man doch spätestens dann sollte man doch dann aufhören, oder? Also aufhören in dem Sinne, oder einfach ein bisschen justieren, if you know what I mean. Ich meine, ich sehe so lustige Umschreibungen wie sich betrinken, ein paar Beispiele sind, sich ordentlich die Rüstung wegrömern. Habe ich noch nie gebraucht. Glasmantel geschossen im Kaliber 0,5 Liter mit Kronkorkensicherung einsetzen. Habe ich auch noch nie gehört. Sich einen wegjadeln. Habe ich auch, ja, okay, finde ich jetzt noch geil irgendwie. Habe ich aber auch noch nie gehört. Festplatte formatieren. What the fuck? Grüezi, Bär, du redest eine andere Sprache, oder? Aber ich finde es mega kreativ auf jeden Fall. Prävention ist das Zauberwort, ja, okay. Hey Lilu, sorry, dass ich es jetzt lese. Gute Nacht. Gute Nacht, liebe Lilu. Mögen deine Träume voller aufregendem Gameplay und spannender Abenteuer wie in Stargate sein. Ruhe dich gut aus und lass die Sternenlichter dich sanft in den Schlaf begleiten. Lilu, mach's gut. Sorry, 8 Minuten. Ich hoffe, du hörst es noch. Schlaf gut und schönen Sonntag noch, Lilu. Bye, bye. Aparte, aparte, aparte. E250 Pückelsalz. Pedro. Ist auch in den Lebensmitteln drin. Oh, da kenne ich mich gar nicht aus mit diesen E's. Also auf der Webseite steht Alkoholgehalt 0,01%, also für mich als Alki. Antonio Margarete. Margarete. Ancora? Margarete. Margarete. Also für mich als Alki ein No-Go, auch wenn es nur Alkoholgehalt 0,01% sind. Okay. Ja, verstehe ich aber auch. Verstehe ich, Arti. Aber die aktuelle Generation trinkt so wenig Alkohol wie schon lange nicht mehr. Gerade letzte gelesen, dass die Suchtprävention von Alkohol extrem zurück ist. Mehr Spielsucht, Casino haben zugenommen. Ja, aber ja, was ist jetzt schlimmer? Ich glaube, dann würde ich doch noch. Es klingt jetzt mega blöd, aber dann lieber die Spielsucht, oder? Und die Spielsucht geht nicht auf Gesundheit. Das macht dafür alles andere ein bisschen kaputt. If you know what I mean. Scheiße. Schwierig. Aber okay. Finde ich interessant, habe ich jetzt nicht gewusst, dass das die Entwicklung ist. Sayuki, finde ich interessanter Fakt. Also mit all kann ich besser Frauen ansprechen. Aber nur bis Hemmschwelle weg ist. Ich habe dort ganz schlechte Erfahrungen gemacht. Ich glaube, da muss man andere Wege finden als der Alk, zum das bewerkstelligen. Also ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich mir die Hemmschwelle weggesoffen habe, dann geht gar nichts mehr. Da muss ich es gar nicht erst probieren. Dann ist es nur awkward. Weil dann ist man irgendwie nicht mehr sich selber und das bringt ja auch nichts. Ich bin ein schlechtes Beispiel, wenn es um Alkohol und Kiffen geht. Das sind meine 2 Wunderpunkte. Joe Arnothy, ja. Also musst du natürlich jetzt auch nicht mehr erzählen, gell? Also, oder im Detail erzählen, aber ist das... Ich nehme an, das war früher und so. Ein Raid von Jaspina! Jaspina! Let's fucking go! Danke dir für den Raid! Holy... What the... Was war jetzt das? Jaspina, wo ist jetzt die Musik hin?
Just Pina, danke dir für den Raid. Und ich bin der Troy aus der Schweiz. Bei mir gibt es viele interaktive Unterhaltung mit vielen Spielereien, Effekten, viel Gelabere und Hashtag eventuell auch mal Gameplay. Wir gehen dann später noch ins Indiana Jones The Great Circle rein. Pina, wie war dein Stream und was gab's denn bei dir? Und liebe Raiders, hallo zusammen, wie geht's euch denn? Und wir machen jetzt zuerst mal ein Foto mit dir, Pina. Das heißt, alle Chat-Raiders, ihr alle dürft aufs Foto drauf. Ihr müsst einfach nur Ausrufezeichen Foto eingeben, dann kommt ihr mit eurem Profilbild mit aufs Foto. Und ich begrüße kurz alle, die geschrieben haben. Hier kommt dein Pina-Raid, wir schicken viel Liebe. Oh, danke für die Liebe, Chat-Raiders. Drose, aber ich weiß nicht, wie ich den Namen aussprechen muss. Ne? Drose Rafire. Droser Fire. Willkommen hier bei mir. Einfach Vanessa. Vanessa, hallo. Zoe Shiny. Zoe Shiny. Ich habe jetzt eine Frage. Ne? Das erinnert mich an eine TV-Serie. Wenn ich an Zoe denke und an Shiny, dann kommt mir da ein Typ Firefly-Raumschiff in den Sinn, das sich Serenity nennt. Ja. Und die Exe TV, Just Pina natürlich und Lea und Rot Foxy. Grüezi miteinander, schön, dass ihr hier seid. Wie geht's euch denn? Und danke auch für die Follows, Lea, Pina und Drows. Ich sage jetzt einfach mal Drows. Darfst mich aber gerne korrigieren, wenn ich dir anders sagen soll. Ne? So, Chat, jetzt muss ich mal kurz gucken, was ich verpasst habe. Wie toll ist denn das? Aber danke für den lieben Empfang. Hey, sehr gerne. Pina, danke für deinen Raid. Danke, dass du mir deine Community anvertraust. Ne? Da habe ich zu danken. Und deshalb machen wir auch ein Foto. Und ich muss kurz gucken. Ne? Oh mein Gott, Chat, liebe Raiders, seid ihr dabei nach dem Foto direkt ein Bossfight? Also ich muss vielleicht noch kurz erklären, was denn das genau ist. Ein Bossfight, das habe ich selbst gebaut, so wie die Fotofunktion auch. Da kämpft ihr in einem rundenbasierten System gegen mich. Ihr Chat, ihr Raiders und, ganz wichtig, ne, Pina als Dungeon Leaderin, ihr kämpft dann gegen mich und das wäre schon geil, ne? Wärt ihr da dabei, wenn wir das direkt nach dem Foto starten? Ich will einzeln im Chat sehen, wenn ihr das wollt, Chat. Eins im Chat, wenn ihr einen Bosskampf wollt, direkt. Und Gabri, grüezi, Gabri. Gattorino, grüezi. Nope. Okay, dann halt nicht, ne? Dann halt nicht, ne, Chat? Ich muss noch kurz gucken. Pina, hast du noch was geschrieben? Was gab's bei dir? Ich kann das kurz nachschauen. Minecraft hast du gestreamt? Verfolgst du in Minecraft so, ich bin kein Minecraft-Spieler, aber machst du da irgendwie so ein Projekt? Bist du da was am Bauen irgendwie so? Chat, wir gucken kurz einen Clip. Vielleicht beantwortet das unsere Frage. Just Pina. Wir gucken einen Clip. Das schaut auch gut so, Pina. Ja, ich auch. Wir sind alle wach. Und Chat hat's geklippt. Gut gemacht, Chat. Och nee. Und du hast das überlebt. Oh mein Gott. Pina. Hui, das war ja nach der Bahnfahrt jetzt der Clip. Wo ist meine Musik hier?
So, Chat. Wo sind wir? Wo sind wir? Sind alle drauf? Wir haben 32 Leute drauf. Also es hat noch viel Platz. Ich würde jetzt mal sagen, letzte Chance zum aufs Foto kommen. Pina hat sich noch Luna Lovegood ausgewählt. Gute Wahl. Ist auch hier. Ja, die ist hier. Let's go. Und Nino, grüezi Nino. Wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Hello, hello. So, Chat. Luna ist die Beste. Ja, so, ich muss sagen, also der Clip, ne, wir hatten jetzt einen kleinen Einblick, sieht sehr sympathisch aus, wirkt sehr sympathisch. Hallo? Wenn sie sagt, macht einen Clip, Chat, macht Chat einen Clip, also auch das funktioniert gut, ne? Nice. So, Chat, ich muss mal kurz hier das Ende des Chats suchen. Ich habe jetzt halt vieles übersprungen. Ne? War ein cooles Thema, aber ich glaube, wir müssen hier ein bisschen den Strich ziehen. Ne? Wir waren, by the way, beim Thema so, ja, Drogen, Alkohol, so ein bisschen haben wir da ein deepes Gespräch gehabt. Aber ich glaube, wir nehmen den Moment jetzt zum das Thema auch ein bisschen abschließen. Genau. Fiendly-Bot auch noch auf dem Foto, let's go. So, Chat, let's do this. Also der Bossfight startet nachher im Anschluss. Ich hoffe, Pina, du bist dann auch noch dabei. Hast du noch ein wenig Zeit, Pina? Wir machen auf jeden Fall kurzes Foto. Danke für den Raid als Titel, das passt. Was nehme ich denn noch drauf? Ich will den Grogu draufnehmen, Chat. Ein Grogu. Und ich muss noch kurz was gucken hier. Apple moscht auch drauf. Ja, bin hier. Let's go, let's go. Ich hol kurz den Grogu. Ich will den Grogu auf dem Foto haben, Chat. Grogu. Grogu will zu dir, Pina. Kokainum. So, Chat, wir machen das Foto in zwischen 7 und 15 Sekunden. Nice one, Chat. Sehr schönes Foto. Ja, Chat ist ja gut. Ist ja gut. Oh mein Gott. Also zur Erklärung, ne, man kann hier aufs Foto jeweils ein bisschen Effekte drauf schmuggeln und ja. I need a gallon Ain't of nothing horse but a tranquilizer to heart. bloody chat with you. Ain't Vodka nothing. Plunder have Marie with my chemical soul. So, ist jetzt gut, Chat. Oh, ihr löst da noch den Overload. Jonathan? If I ever find one of these lying around again, I swear to fucking God, Jetzt habt ihr es geschafft, Chat. I will stop being so polite. Ihr habt's Get the geschafft. fuck out of my sight Ja, before I ja. demolish you. Jetzt habt ihr es geschafft, hä? Danke. Danke vielmals. So. Okay, es war wieder wild, Chat. Es war wild. Ja, also ihr seht, liebe Raiders, viele Spielereien hier bei mir. Einfach Vanessa, danke auch dir für den Follow. Willkommen hier bei mir. So, Chat. Ich habe gesagt, wir machen den Bossfight. Ihr wollt auch den Bossfight machen. Ich gucke noch kurz, ob ich was... Ich habe 100 Pro was überlesen, ne? Habe ich 100 Pro. Aber kurz gucken, ob ich von Pina noch was überlesen habe. Weil das ist jetzt, hat im Moment jetzt Priorität. Ich spiele mit der Community, schreibt Pina. Oh, hoffentlich kein peinlicher. Nee, war ein guter Clip.
Last Man on Earth 313 gifted at Tier 1 sub to just _ They Last have given Man. 17 gift subs in the channel. Last Man, dieser Ehrenmann. Ne? Er ist der letzte Mann auf Erden, aber ist einfach ein Ehrenmann. Danke für deinen Gifted Sub an Just Pina. Just Pina, viel Spaß mit den Emotes und den Perks als Subscriber. Und Last Man, danke dir für deinen Support. Mega lieb. Luna ist die Beste, hast du noch geschrieben. Krogo ist auch gut, sehr sympathisch hier. Okay, let's go, let's go. Ich bin echt beeindruckt von den ganzen Sachen hier. Dann, Pina, liebe Raiders, dann müsst ihr euch jetzt festhalten, ne? Weil wir gehen jetzt in den Bossfight rein. Das ist was, das habe ich selbst gebaut. Rundenbasiertes Kampfsystem. Ich erkläre kurz, wie das Ganze funktioniert. Sobald der Bossfight losgeht, lieber Chat, liebe Raiders, habt ihr 3 Aktionen pro Zug. Dann ist es meine Aktion und dann das Ganze wieder von vorne. Und für jede Aktion votet ihr mit diesen Chatbefehlen. Ihr müsst nichts notieren, das steht nachher wieder da. Einfach kurz zur Übersicht. Ihr habt 3 verschiedene Angriffe, die machen unterschiedlich Damage, haben unterschiedliche Trefferwahrscheinlichkeiten. Mit Kaffeetrink hielt ihr euch, hat allerdings eine 10%ige Verschüttungswahrscheinlichkeit. In der Mystery Chest kann alles Mögliche sein. Starke Angriffe, starke Heilung, Damage für uns beide ist auch möglich, kann aber auch leer sein. Mit Franziskus, wow, Krogo, habt die fest. Krogo, der will schlafen, ne? Mit Franziskus schenkt dir Franziskus, der Eichel hier, Liebe, denn Franziskus kämpft für mich, hat eine sehr starke Attacke, die 400 Damage macht und ihr senkt mit Ausrufezeichen Franziskus die Chance in 10% Schritten, dass er diese Attacke gegen euch ausführt. Genau, der Strohhut Dave hat auch noch so ein paar Infos. Strohhut Dave ist ein bisschen der Strat-Master im Chat. Also lest euch das hier auch noch durch als zusätzliche Info. Und ganz wichtig, ihr könnt auch einfach den ersten Buchstaben beim Command nehmen. Ausrufezeichen A für Ausrufezeichen Angriff geht auch. Ihr könnt auch Abstand irgendwas dranhängen, wenn Twitch-Chat euch sagt, hey, ihr dürft nicht spammen. Wenn da der Schutz kommt, dann macht ihr einfach Abstand irgendwas dran. So, bevor es losgeht, könnt ihr schon das erste Mal voten. Es stellt sich nämlich jetzt die Frage, wollt ihr Easy Mode oder wollt ihr Hard Mode? Wenn ihr Ausrufezeichen Karte 1 jetzt in den Chat schreibt, votet ihr für eine Buff-Karte. Die gibt euch Zusatzheilung pro Heal, zwischen 50 und 100 HP Zusatzheilung. Wenn ihr sagt, nee, brauchen wir nicht, wir brauchen keinen Easy Mode, wir wollen Hard Mode, dann macht die Ausrufezeichen keine Karte. Dann würdet ihr auf diese Karte verzichten. Ihr habt noch 2 im Inventar, die können am Ende des Kampfes droppen, sofern ihr gewinnt, Chat. Ich warte noch kurz, bis ihr da ein bisschen gewotet habt. Wir haben schon 11 Votes, 12 Votes auf keine Karte. Warlock, grüezi, Warlock, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Und der Molimo ist auch hier. Molimo, wie geht's dir? Schön, dass du hier bist. Schön, dass du da bist. Wir müssen es Pina sicher machen, haben wir gelernt. Lea, ist es so? Ist es so? Na, also ihr entscheidet, wir haben aber 13 gegen 13 Votes, ne? Und ich sag's, wie es ist, ich habe auch schon gewonnen, obwohl ihr diese Karte aktiv hattet, Chat. Ne? Also es ist nicht ein sicherer Win. By the way, die Prediction, ne, die war noch, ich hoffe, ihr habt es gesehen. Wer gewinnt einen Bossfight? 3 Personen haben auf mich getippt, 8 Personen auf Chat. Hä? Aha. Aha, Chat. Okay. Dann gebe ich ein bisschen Gas heute. So, Chat, ich löse auf. Ich glaube, es ist keine Karte. Ihr votet somit für den Hard Mode. Für den normalen Hard Mode, keine Buffs. Ich lese noch kurz, bevor wir reinstarten. Pina kriegt immer alles kaputt. Oh nee, Pina, ist das so? Das glaube ich nicht. Also Pina, jetzt kannst du zeigen, was du kannst. Ne? Jetzt kannst du zeigen, was du kannst. Und deine Community, ja, und meine Community natürlich auch. Alle gegen mich, Chat.
Bin eigentlich nur im Lurk, aber muss ja mitvoten. Hey, alles gut, Molimo. Ich will dich auch nicht stören. Danke für den Lurk-Support in dem Sinn. So. STVN. Steven. Du bist der Steven, ne? Steven, danke dir für den Follow. Willkommen hier auf dem Channel. Sylvie! Sylvie Pada! Die nicht mehr Sylvie Pada heißt. Ich bin verwirrt, Chat. Ich bin verwirrt. Ich muss da Sylvie reinschreiben, sonst bin ich verwirrt. Sylvie, grüezi, wie geht's dir? Schön, dass du hier bist. Du kommst genau rechtzeitig zum Bossfight. Ja, ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen auf deiner Insta-Story, dass du den Namen gewechselt hast. Darum habe ich es jetzt auch direkt gewusst. Wir sind ein bisschen Hochdeutsch unterwegs wegen dem Rain, ne? Damit mich auch alle verstehen. Danach wechseln wir wieder ein bisschen auf Schweizerdeutsch zurück. So, Chat, seid ihr ready? Seid ihr ready, auf die Fresse zu kriegen, Chat? Ich muss hier noch kurz meine Knöpfe parat machen. Greenscreen? Nope. Schritt 1, nein. Ja, Carnage, nee. Ich wäre auch nicht ready, ne? Hey Silvi, alles gut. Also, ihr könnt auch Schweizerdeutsch schreiben, gell? Also wirklich kein Problem. Wir haben dann immer so ein bisschen den Mix, das ist auch okay. Gesunder Mix zwischen den Sprachen, Chat. So, Chat. Oh. Let's do this. Let's do this, Chat. Wir gehen rein in den Bosskampf. Und Just Pina und Avalon und auch Carnage Rage. Herr Carnage Rage, noch vom letzten Mal. Ihr... Musik aus hier. Ihr seid Dungeon Leaders. Ihr habt dreifach Votes, Chat. Dreifach Votes. Ihr könnt am meisten Einfluss nehmen auf das Kampfgeschehen. Ich muss mich kurz einrichten hier. So, let's do this. Die erste Aktion, ausgeführt von Strohhut Dave. Er schenkt dem Franziskus Liebe. Er senkt die Wahrscheinlichkeit von 400 Eicheln auf 40% runter. LK Remix. Hi, wie geht's dir? Schön, dass du hier bist. Und Karandar, grüezi. Grüezi, grüezi. Schön, dass du da bist. Wie geht's euch denn? Ich lese hier, by the way, noch ein bisschen Chat nach in der Zwischenzeit. Ich lasse euch voten und ausführen. Mystery Chest. Oh no. Oh, ich werde zu... hallo? Wir haben doch erst gerade gestartet mit dem Bossfight. Wieso bin ich denn jetzt sass? Ich habe doch noch gar nichts gemacht. Okay, guter Damage, Chat, guter Damage. Chat, ihr seid wieder an der Reihe. Und by the way, wenn ihr immer liest, wartet, bis ihr an der Reihe seid vom Chatbot, dann denkt daran, es kann sein, dass mein Video ein bisschen Delay hat. Achtet euch in dem Fall dann eher auf den Chat. Wenn da die Votes reinkommen, wenn der Chatbot sagt, ihr seid an der Reihe, dann macht euren Befehl rein. So könnt ihr den Delay ein bisschen umgehen. So, Chat. Mystery Chest, gezogen von Avalon. Oh mein Gott. Wir gucken zusammen eine TV-Serie. Und wir bekommen beide Schaden. 200 Damage für uns beide. Das ist jetzt auch so der Punkt, wo es ist wahrscheinlich schon gesagt worden im Chat, in der dritten Aktion, dem Mystery Chest, ist ein bisschen risky, genau aus dem Grund. Weil ihr wart jetzt Full HP, es ging jetzt runter auf 500 HP, mein Max Damage ist aktuell 500, ne? Einfach, dass es gesagt ist. Jetzt Max Damage Mjölnir und Chi-Chi. Das probiere ich jetzt, Chat. Das probiere ich jetzt. Ich habe auch meine Mystery Chest, ich habe meine Chest of Hammers. Das ist doof, das ist gar nichts, ne? Das war gar nichts, das ist zu wenig Schaden, Chat, zu wenig Schaden. Scheiße.
Chat votet. 12 Votes auf dem Kaffeetrink. Ja, der Heal, der muss schon sein, ne? Herbsti, wie geht's dir? Schön, dass du hier bist. Oh, Grüezi-Bär führt aus. Grüezi-Bär hielt. Er verschüttet nicht, zum Glück. Okay, nice one. Ihr seid wieder bei 556 HP. Ihr habt noch 2 Aktionen in der Runde 2. Was soll eure zweite Aktion sein? Eine Mystery Chest, 8 Votes, 10 Votes, 12 Votes, 13. Ich glaube, es wird die Mystery Chest. Ich bin gespannt. Fienchen. Mein Mod kämpft gegen mich, Chat. Gegen mich. Oh, come on, das ist übel. Okay, das ist viel Damage, ne? Nein, tu es nicht. Ich hab hier... Was ist denn mit dir passiert, Kroku? Oh mein Gott. Der Kroku löst sich in Luft auf, Chat. Hey, Avalon. Merci vielmals für den Resub. Merci vielmals für den Prime Resub im 3. Monat. Avalon, danke vielmals für deinen Support. Merci. Fienchen ist die Beste. Jetzt habe ich gelesen, Fienchen ist eine Bestie. Chat, oh, Avalon. Meinst du etwa, du machst jetzt mehr Schaden? Wegen... Oh, fuck, okay. You monsters! You killed the lousy Grog! Jesus Christ! The Grog! Grog! Ja, es hat funktioniert. Ja, der Schaden war da. Hast getroffen. Wenn das so weitergeht, gibt es nicht viel XP für uns. Ja, das kann ich jetzt auch noch sagen. An der Stelle, je Bossfight geht, desto mehr Erfahrungspunkte bekommt ihr. Aber ich werde auch immer stärker. Ne? Ab Runde 6 mache ich mehr Damage. Dann alle 3 Runden mache ich mehr Damage. Das heißt, wenn schon, müsstet ihr da die Balance finden. Ne? Aber wenn ich jetzt in der nächsten Runde schon tot bin, dann gibt es tatsächlich nicht so viel Erfahrungspunkte. Chat, verdammt, Franziskus. Wie viel hast du noch, Franziskus? Franziskus, zeig ihnen deine Liebe. 40%. Zeig ihnen deine... Nein! 250 Eicheln, das sind nicht 400, verdammt nochmal. Das letzte Mal war Ass. Ja, das ist true. Das letzte Mal wolltet ihr so viele Erfahrungspunkte wie möglich da rausfischen, ne? Und habt dann verloren gegen mich. Der Greed war zu hoch, Chat. Ja, lieber XP als keine XP, das ist true. So, was haben wir hier? 21 Votes auf dem Kaffeetrink. Molimo. Schönes Avatar, by the way. Love it. Der Heal auf 506 HP hoch. Okay. Chat. Zweite Aktion, Runde 3. Was soll's sein? Angriff. Okay, da kann ich auch noch was dazu sagen. Ne? Wenn ihr jetzt einen Angriff ausführt, da kommt aber die Mystery Chest kommt da auch mit den Votes. Es ist Angriff. Der normale Angriff, ne, 90%ige Wahrscheinlichkeit, macht nur leicht Damage, aber da füllen sich unten rechts die 3 kleinen Balken. Wenn die voll sind, habt ihr einen Spezialangriff zur Verfügung, der kann bis zu 650 Damage machen. Müsst allerdings dann auch gut würfeln, ne? Kann auch mindestens 60 Damage sein. Chat. Yeah. These bloody boss fights are all bloody scripted. No. The heck? There is no win. Troy has 2 buttons on his stream deck with win or lose. Ja, Lord genau. God, still have mercy with our mystery chest. Ich habe einen Button, da steht drauf Kill Chat. Das würdet ihr aber merken, wenn ich den drücke, ne? Weil dann mache ich einfach 9999 Damage und ihr seid weg. Außer ihr reflektiert es auf mich, dann bin ich weg.
Einfach rigged der Shit. Ja, hier ist alles RNG-Chat, alles random. Shit, was mache ich denn? Scheiße, Chat. Chest of Hammers. Ich hoffe, dass ein Hammer of Healing kommt. Hammer of Healing. Hat eigentlich eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass er kommt. Oh, let's fucking go. Genau das, Chat. Ich heile mich. Und ich mache noch ein bisschen Schaden. Chat, votet für eure erste Aktion. Runde 4. Runde 4. Denkt daran, denkt an eure HP. Ja, macht ihr auch 20 Votes auf dem Kaffeedrink? Oh, Pina hat noch für einen Angriff gewotet. Fishbone führt aus. 200 HP Heilung, ihr seid auf 547. Chat. Kaffee trinkt mit Zero Zucker, genau. Nick, absolut richtig. Double Zero. Double Zero. Oh, 21 Votes auf Angriff. 23 Votes auf Angriff. Let's go. Feta-Käse, okay. Ah, du hast ein neues Profilbild. Ich hab's gesehen, Feta-Käse. Oh no, Chat. Angriff. Er ist freigeschaltet. Spezialangriff. Jetzt kann zwischen 60 und 650 Damage machen. 100%ige Trefferwahrscheinlichkeit. Wahrscheinlich überlebe ich das nicht, ne? Wahrscheinlich überlebe ich das nicht. Remix. The warrior raises the sword and prepares for attack. Leaping forward, the warrior swings the sword towards the winged beast. No. As the blade tears through the flesh and bones, dealing a great amount of damage, the beast screams in pain. John! Chat. Well played. Well played. Das ist sogar eine Lichtschwerter-Karte ist gedroppt. Als Belohnung, ihr habt das freigeschaltet, gehört jetzt euch für eine der nächsten Bosskämpfe, Chat. Holy moly. Jotis Gipfeli, Chat. Und Sylvie, merci, danke dir für 5. Ich mach schnell ein bisschen Schweizerdeutsch. Merci vielmals für 5 verschenkte Subs, Sylvie. An Sperta Samaturi, Meile, Melegant und Kopfsalto. Der Kopfsalat. Hey, Silvi, merci vielmals für deinen Support. Das war nicht nötig, danke vielmals. Und alle, die uns abgeschenkt bekommen haben, viel Spaß mit den Emotes und den Perks als Subscriber. Ich gucke nachher gleich noch kurz, was ihr für Erfahrungspunkte bekommen habt. Kurz hier Greenscreen runter machen. So, ich gucke mal kurz. Ihr habt bekommen 389 Erfahrungspunkte. Zeigt mal eure Levels hier, Chat. Und Pina, es ging schon viel länger. Es ging aber auch schon kürzer. Ne? Speedruns hatten wir auch schon von Chat. Aber Hauptsache, es hat dir gefallen, Hauptsache, es hat euch gefallen, Chat, ne? Wie gesagt, das ist das Größte, was ich gebaut habe für den Stream. Die größte Interaktion, die wir hier haben im Stream, der Bosskampf. So, und jetzt kurz gucken hier, Bosskampf Level 5, Avalon, let's go. Oh, was ist denn hier gedroppt?
Oh, Avatar-Frames sind auch gedroppt für Carnage Rage, Avalon Calls, Gattorino, Princess Luna, Lisa Lee, Lannister Nelfi. Let's go. Könnt ihr euch ausrüsten mit Ausrufezeichen Set Avatar Frame. Da kommen dann auch mehr Informationen, was ihr da genau ausrüsten könnt. Das sieht man dann aber erst im nächsten Bossfight dann wieder. Und Kai, grüezi Kai, wie geht's? So schön, dass du da bist. Wie war deine Woche, Kai? Also ich glaube, letztes Mal haben wir uns am Donnerstag gelesen. Wie war dein Freitag, Kai? Dein Samstag? Was haben wir? Federkäse Level 9, Quertut zu Level 8. Nick Level 4. Tiger Level 10. Du hast vorher so toll von deiner Brille erzählt. Dazu hast du etwas im DC-Viertel. Es tut mir leid, das ist so schlecht. Ich schaue nachher schnell, Jenny. Ich schaue schnell. Ich gehe noch schnell durch da. Sylvie mit Level 2, ja, das war dein erste Bossfight. Hä? Dein erste Bossfight mit Level-System, logischerweise, darum Level 2. Highway Race mit Level 7. Jenny mit Level 7. Sayuki mit Level 3. Das hat mir sehr gefallen. Danke für die netten Worte, Pina. Das freut mich riesig. By the way, die Dungeon Leaders, ne, die haben noch Zusatzerfahrungspunkte gekriegt. Das heißt, ich weiß jetzt gar nicht, Pina, ob du schon Ausrufezeichen My Level eingegeben hast. Du müsstest eigentlich mindestens Level 3 sein, denke ich mal. Fiendchen mit Bosskampf Level 12. Ja, es zieht immer mehr an. Es braucht immer mehr bis zum nächsten Level. Specko mit Level 9. Last Man mit Level 4. Spielzeughammerkarte für den Warlock, let's go. Ja, okay, du bist Level 3. Ich hab's noch gedacht. In der Regel so ist man so wie Sylvie, Level 2, aber mit dem Dungeon Leader Bonus ist es dann Level 3. Bei einem längeren Bosskampf habe ich schon gesehen, dass es direkt auf Level 4 geht, tatsächlich. By the way, Pina kann kein By the way aussprechen, sie spricht immer between aus. Und wenn sie BTW. Pina, ist es so? Between. Soll ich das auch einführen bei mir? Between. Pina kann. Sehr geil. Hab's auch im Kopf wieder so gelesen. Between. Gibt es auch Punkte im Lurk oder muss man mitmachen beim Kampf? Man muss mitmachen. Man muss einfach nur mitvoten. Also es kommt dann auch nicht drauf an, ob du in der Animation drin bist, oder es kommt auch nicht drauf an, was ausgeführt wird. Solange du mitvotest, solange du deine Stimme mehrfach abgibst, je mehr du votest, desto mehr Erfahrungspunkte gibt's. Und wenn ich gewinnen sollte, Chat, so wie letztes Mal, nach einem gefühlten einstündigen Bossfight oder so, wie lang ging der? Der ging ewig, Chat. Das hätte so viel XP gegeben und ihr wart too greedy. Und dann wurde es knapp, weil ich 40% mehr Schaden gemacht habe und ihr konntet das nicht mehr hochhielen. Das ging einfach nicht mehr. Der Bossfight war gerade so spannend. Ich habe mein Trinken in der Küche vor 30 Minuten stehen gelassen. Let's go. Chat, ihr wisst es besser. Wie lange ging der Bossfight im letzten Stream? Wo ich 40%iger Damage Boost hatte, was bedeutet, dass wir bei Runde, Moment mal kurz, 6, 9, 12, bei Runde 15 waren. Ich meine, wo waren wir jetzt? Irgendwie bei Runde 5, 4? War 15 Minuten, sicher nicht. Sicher nicht. Also das ging sicher eine halbe Stunde oder länger. Okay, Barracks, fair enough. Hey Chat, ich glaube, ich muss kurz in Discord reinschauen. Ich habe da Geschenkchen bekommen. Und, liebe Raiders, by the way, also an dieser Stelle nochmals ein herzliches Danke an den Raid von Pina. Ein herzliches Danke für die Community, für die ganzen Follows. Also, ja, ihr scheint eine tolle Community zu sein.
Und hat mich sehr gefreut und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und ich würde wieder ein bisschen zurückwechseln auf Schweizerdeutsch. Aber sagt mir doch bitte, weil es nimmt mich wirklich auch Wunder, wie viel ihr noch versteht, wenn ich jetzt auch ein bisschen Schweizerdeutsch rede, wie viel das ihr noch versteht davon. Ihr dürft auch ungeniert fragen, wenn ihr irgendwas nicht versteht, wenn ihr ein Wort nicht versteht, wie zum Beispiel Gipfeli. Wenn ich sage, ich gehe jetzt ein Gipfeli essen. Wenn ihr nicht wisst, was ein Gipfel ist, es ist ein Croissant. Oh, danke, Pina, für die netten Worte. Danke für die netten Worte. Pina, ich muss bei dir ganz, ganz dringend jetzt auch noch ein Follow da lassen. Nicht, dass ich das vergesse. Ich muss bei dir auch mal reinschauen. Also es wirkt wirklich sehr sympathisch, was ich da gesehen habe. Minecraft ist jetzt nicht so mein Ding, aber ne, es geht ja nicht um das Game. Ich gucke bei dir ganz sicher auch mal rein. Verstehst du? Okay, let's go. Und by the way, wenn ihr was auf Hochdeutsch schreibt, ich kommentiere auch immer auf Hochdeutsch. Ne? Also das ist kein Problem. Ich löse das immer bei einer Streamerin ein, dass sie Schweizerdeutsch redet. Ich finde das immer total süß. Bei wem denn? Das nimmt mich jetzt Wunder, weil ich kenne halt schon sehr viele Schweizer Streamer. Mich nimmt das jetzt Wunder, wen du meinst. Ich interpretiere das jetzt auch nicht als Werbung, wenn ich schon frage. Mumpi-Schluff. Ja, die kenne ich, ne? Ja, ja, okay, alles klar. Ich bin da nicht häufig, aber ich kenne sie. Ich kenne sie dank der Jenny. Weil Jenny im Chat, JT6, die macht so Videos für unsere Schweizer Community, für die Schweizer Streamer. So ein bisschen dasselbe wie das Twitch Clips Germany. Haben wir Swiss Twitch Clips für uns Schweizer, ne? Auch für uns Schweizerdeutsch Streamende. Und da ist Mumpi auch ab und zu mal vertreten mit einem Clip. So, Chat. Ich hole mir jetzt da schnell auf Discord. Kommt da eigentlich auch noch Musik bei dem Song? Ja, schnell geskippt, sorry. So, Chat. Geiler Song. Geiler Song, Chat. Das Video, Jenny? Oha. Muss ich mir schnell abladen? Gebt mir schnell einen Moment, bin mich da schnell am Einrichten, damit wir die Fotos und Videos anschauen können. Chat, was muss ich alles anschauen? Was muss ich alles anschauen, Chat? Aha, da ist etwas gekommen. What the fuck? Okay, das ist gerade ein bisschen mindblowing, was ich da sehe. What the hell? Holy shit, shit. Schnallt euch an. Schnallt euch an, Chat. Silvi, what the fuck? So, ich mache mal schnell das Video. Das Video als erstes. Und bevor wir das Video anschauen, werde ich noch schnell den Chat lesen. Nicht, dass da was untergeht, jetzt auch von Pina. Und gleich jemand anderes auf den Thumbnails gesehen.
Oh, jetzt habe ich den Faden verloren, ne? Hey Jenny, kein Problem, sehr gerne mache ich Werbung. Ja, Mumpi ist super cool, absolut. Ich muss jetzt aber los, war schön hier und wünsche euch allen einen tollen Stream. Pina, nochmals herzlichen Dank für deinen Raid und ich wünsche dir noch ganz einen schönen Abend, eine gute Nacht. Schlaf gut, schönen Sonntag noch und ja, ich gucke bei dir dann auch noch rein. Chat und vergesst nicht bei der lieben Jaspina auch mal reinzuschauen, wenn es euch gefällt, ne? Lasst doch auch ein Follow da. Hey, Pina, mach's gut. Bye, bye, tschüss. Hey, Silvi, hast gesehen. Ich hab's gesehen. Es ist mindblowing. Wir schauen es nachher an. Holy shit. Krass. Da musst du dann unbedingt noch etwas dazu sagen. Grüezi Bertini schaue ich einmal einfach off-stream an. Ich finde es mega faszinierend, aber ich schaue es wirklich off-stream an. Hey, Chat, by the way, Ausrufezeichen DC, ne? Da könnt ihr eure Bilder posten, eure Videos posten, eure Miniaturen posten und auch gucken, was die anderen so machen. Einfach, was es gesagt ist. Oh, bei Swiss Twitch Clips, jetzt komme ich draus. Ja, also, wenn ihr da guckt bei Swiss Twitch Clips auf dem YouTube-Kanal, ne, da seht ihr halt viele Streamer aus der Schweiz. Die meisten streamen auf Hochdeutsch, also bei den meisten weiß man eigentlich gar nicht einfach so, dass die aus der Schweiz sind. Ja, bei mir merkt man es natürlich, wenn ich Schweizerdeutsch rede. Aber guckt euch das unbedingt an. Abonniert da auch auf YouTube, ne? Es lohnt sich. Hey Domi, grüezi, der Rekrut meldet sich. Hey Domi, wie hast du es? Wie läuft's? Ja, wieder eine Woche durch. Ich bin gerade bei Power Wash Simulator jumpscared worden. Hat der DeLorean. Hallo? Der DeLorean. Fluxkompensator. Nein, ohne Scheiß gibt es dort den DeLorean, wo man putzen kann. Und dann fährt er sich auch davon. What the fuck? Kann man den DeLorean putzen im Power Wash Simulator? Ich muss jetzt das Game haben, Chat. What the fuck? Sie spricht leider selten Schweizerdeutsch. Ja, ich meine, es ist ja auch es ist so wie eine Entscheidung, die jeder Streamer, jede Streamerin für sich treffen muss. In welcher Sprache streame ich jetzt? Ne? Mache ich Schweizerdeutsch? Entschuldigung. Oder mache ich eher Hochdeutsch? Oder mache ich so ein bisschen Mix? Ja, ich mache so, schlussendlich ist es bei mir einfach ein Mix. Wie am Schnürli, let's go, Dami, das freut mich. Ui, das Back to the Future Auto, halt, das ist so gut. Ich muss es haben. Jenny, du hast mir jetzt gerade das Game verkauft, ist dir das bewusst? Wobei, ich glaube, ich habe das Game sogar schon. Da muss ich noch das DLC kaufen. Chat. Wir gucken jetzt ein Video, Chat. Also habt euch fest, wir haben ein Video bekommen von der lieben Jenny, von der lieben JT6 und wir schauen das jetzt schnell. Die Brille, Troys allergrößter Freund. Ja, aber wie gut. Wie gut. Ja. Okay, das ist schon mal sehr geil. Lass mich da noch schnell einrichten. Okay, der ist nice, Carnage. Der ist sehr nice. Man leitet sie noch einmal an, man rührt sie mal noch einmal an. Aber doch nicht den Küppel rein. Dann schlaft man mal drauf, dann hockt man mal wieder drauf, dann geht sie mal wieder runter und dann muss man wieder eine neue haben. Wie gut! Hey, love it. Wie gut ist denn da bitte? Love it. Kurz und knackig und fucking aufwendig gemacht. Man leitet sie. Ich finde es schön, wie du meinen Kopf da so drauf gemacht hast. Wir tun jetzt ein bisschen analysieren. Wir leiten sie noch einmal an, den Tisch mit der Brille. Rührt sie mal noch einmal an. Ein Kübeli, ich muss nochmal schnell zurück. Ein Kübeli, da mein Kopf. Das, ey, aber du hast auch einen richtig guten Moment verwünscht, um meinen Kopf zu nehmen. Mega gut integriert. Dann hockt man mal. Das ist einfach riesig.
Hey, aber weißt du, schon gut drauf. Dann geht sie mal wieder runter und dann muss man wieder eine neue haben. Und da auch ein Sichtfallbrille. Das war das Leben der Brille. Hey, richtig gut, schöne Love it. Es ist wirklich sehr kurz, knackig und guter Humor. Gut geschnitten. Nice. Ein grosses Kompliment. Einisch mehr. Einisch mehr. Nachher schauen wir noch das Bild an von der Silvi. Wir müssen euch jetzt schon festhalten, Chat. Ich gehe schnell den Chat ein bisschen durch. Bist ein bisschen stressig mit dem ganzen Material, Ordnung und halt den ganzen Tag auf der Beine. Da würde mich eben am meisten auch stören, auf der Beine sein. Ich würde lieber ein bisschen rumchillen. Darum habe ich eben den Zivilschutz gemacht. Ich habe dort schon ein bisschen Verantwortung übernommen, aber ich konnte immer ein bisschen hocken dort. Ein bisschen am PC etwas machen. Hey, sicher nicht. Nein, also. Okay. Ich sage es jetzt einmal so. Es war ein Schnellschuss, aber ganz ehrlich, es trägt zum Humor bei. Es ist so ein bisschen das ich sage jetzt mal, ich meine, es ist mega gut ausgeschnitten, don't get me wrong. Aber dass es so ein bisschen schnell, quick and dirty ausschneiden, einmal drauf machen, etwas suchen. Am besten hat man noch irgendwie so die Watermarks drauf von den Stockbildern. Ich finde das auch super geil. Aber so das quick and dirty Feeling, aber der Humor, der einfach wirklich gut rüberkommt und also ich erzähle ja eigentlich und du tust einfach so das visuell noch ein bisschen unterstützen mit lustigen Bildern, das ist einfach mega gut. Das ist wirklich mega gut. Das ist genau mein Humor. Genau mein Humor. Hey, das mache ich auch genau für das. Minis sind zum Geniessen, vielleicht sich von Farbschema inspirieren lassen und so weiter. Genau. Ist vom Erik und mir, wir schauen es nachher gerade an. Das Geile ist, bis gestern Abend, die haben muss erst am Montag wieder Abend wieder einrücken. Dafür haben wir aber 7 Stunden Lernmaterial bekommen. Shaya, hey. Ja, also Shaya, ja. Shani, the heck? I'm bloody hyping the fact that you put Troy's father mocking head only on women's bodies. Das ist schon so, oder? Booby have mercy with Troy's boobs. Hey! Aber das ist mir auch aufgefallen, ich habe es nicht gesagt, aber es ist schon so. Finde ich auch geil. Trägt auch zum Humor bei. Aber machen jetzt Fahrer-Doppelfunktion, also mehr als die Hälfte der Woche sind wir an der Fahrausbildung beschäftigt. Okay. So, Chat, wir gehen eins weiter. Ich mache jetzt hier das Bild auf. What the fuck? The fuck? Silvi? Sagen Sie mehr dazu. Sagen Sie mehr dazu. ...1090 von 1500. Ja, das stimmt sogar, Und einfach so das, oder? Ich bin der Puppet Master und der Franziskus ist auch da. Hey, wie gut ist denn das? Ich frage, hast du das gemacht? Hast du das gemacht? Fucking hell, ich bin komplett baff, hey. What the fuck, hey. What is happening, Chat? Ich schaue mal schnell, was du geschrieben hast. Dann kann ich das da dazu kommentieren. Das Bild zeigt dich und den Franziskus, den Superboss. Und vor allem den Puppet Master. Da finde ich eben noch geil. Ganz ehrlich. Eigentlich müssen wir da noch so Fädeli machen. So Fädeli. Hey. Fucking hell, auf jeden Fall. Also grossen Applaus von mir auch. Aber jetzt lese ich da noch weiter.
Also es sieht, in der heutigen Zeit schaue ich immer genau hin, so im Sinne von AI und so, aber ich sehe nichts, wo AI nach AI aussieht, ganz ehrlich. Ich sehe nichts, wo nach AI aussieht. Also, darum jetzt auch die Frage wahrscheinlich vom Highway Racer, Eigenkreation. Mache ich jetzt noch 2 Kurse, dann habe ich morgen am Montag wieder zu tun. Hey, Tommy, mach das. Und vielleicht bis später. Merci für den Lurk-Support. Hat das mega gerne gemacht, aber so gut bin ich nicht. Das ist von einer guten Kollegin, die eine super Künstlerin ist. Okay. Holy shit, aber darf ich, also du darfst mir sonst gerne, oder du darfst auch gerne Werbung machen für die Künstlerin. Wenn du das willst, nur wenn du das willst auch. Du kannst auch schnell in den Chat hineinschreiben, wer das ist. Vielleicht streamt die Person auch und dann kann man dort mal vorbeischauen. Aber es ist echt nice. Es ist 100% kein AI. Ich habe es gesehen. AI verratet sich relativ schnell. Und darum habe ich jetzt schnell geschaut und es ist überhaupt nicht AI. Also es ist so ein bisschen ein eigener Stil. Aber der Franziskus ist so fucking sweet, Mann. Schaut mal. Der ist so süß, Mann. Puppet, Mann. Ey, das ist wirklich einfach. Holy fuck, Mann. Irgendetwas möchte ich da draus dann noch machen, Silvi. Aber da können wir den Offstream auch noch anschauen. Danke fürs Pat. Der Streamer tut sie leider nicht, soweit ich weiß. Müssen wir mal nachschauen. Aber da ihr Etsy-Shop. Okay. Chat, der Etsy-Shop. Okay. Alles Mögliche. Krass. Hey, aber mega lieb. Also, dir mal ein herzliches Danke. Und natürlich darf ich schon sehr gerne ein Danke weitergeben an sie, die das gemacht hat. Also, es ist wirklich nice. Ist auch die CH-Künstlerin ganz toll. Sie stellt auch an der Faba aus. Hey, dann müsste ich ja fast an der Faba mal vorbeigehen. Hey. Und dann komme ich so. Ja, mache so den Move so. So wie auf dem Bild. Jetzt sieht man es eigentlich nicht. Hey. Mit dem Franziskus auf den Schultern. Und dann frage ich, weißt du, wer ich bin? Ja, dann fahre ich meine Flügel aus. Let's go. Nein, mega nice. Ich bin wirklich baff, als ich vorher gesehen habe, und ich es euch noch nicht gezeigt habe. Ich dachte so, what the fuck? Momentan ein paar Jahre und AI wäre crazy, allgemein jetzt traurig irgendwie, wenn man häufiger fragen muss. Ja, Fragen, also ich habe das Problem noch nicht mit Fragen, ganz ehrlich. Ich sehe es, man sieht es immer noch. Darum habe ich jetzt nicht gefragt. Ich habe schnell hingezoomt, habe schnell den Check gemacht für mich und dann war für mich der Fall klar gewesen. Ich habe Angst davor. Ich nicht. Ganz ehrlich, nein. Ich habe ehrlich gesagt keine Angst. Sorry für den Themawechsel, Silvi. Jetzt sind wir plötzlich im AI-Thema gelandet. Das war nicht meine Absicht. Aber sehr, sehr schönes Bild. Silvi, merci vielmals, echt geil. Ich habe mega Freude. Und irgendetwas muss ich damit machen. Nein, jetzt gleich nochmal schnell zum AI-Thema. Nein, ich habe grundsätzlich keine Angst. AI ist ein verdammt geiles Werkzeug, auch für Designer, für Coder. Es wird auch genutzt, ich nutze es selber. Und der Gedanke ist verkehrt, wenn man denkt, AI ersetzt etwas komplett. Oder ich weiß nicht, ob die Angst ist, AI macht sich selbstständig. I don't know, Skynet. Glaube ich nicht dran. Ich glaube, ich bin der Meinung, das Werkzeug AI als Werkzeug, ganz wichtig, wird besser, aber was eigentlich auch geil ist.
Natürlich, es kann missbraucht werden, aber es kann alles missbraucht werden. Darum jetzt explizit vor AI Angst haben, schwierig. Es kann missbraucht werden, das ist scheiße, aber eben, es kann alles missbraucht werden. Alles wird missbraucht, was kann missbraucht werden. Hey Erik, merci vielmals. Danke dir, danke für die Glückwünsche. AI sieht man recht gut, muss einfach genau schauen, gibt auch ein Programm, um das zu detekten. Ich bin der Meinung, man kann es aktuell noch von Auge detekten. Also ich muss ganz ehrlich sein, so die Sammelkarten, die ich ja habe, die habe ich fast alle mit Hilfe von AI, also mit Unterstützung von AI designt. Aber ich sage immer, es ist immer noch mehr als die Hälfte etwas, was ich gemacht habe. Es geht schnell durch. Okay, es gibt vielleicht Ende des Chats, wo relativ AI-lastig ist, aber das ist auch, irgendetwas Abstraktes braucht, das kann AI halt mega gut. Aber AI kann da nicht irgendwie Texte reinmachen. Also die Texte, wie zum Beispiel das Ausrufezeichen SR, das ihr da unten im Ecke seht, das habe ich natürlich reingemacht. Und dann auch Season 3, wo ich euch jetzt nicht zeige, da hat es auch ein paar Sachen, wo ich AI ein bisschen gebraucht habe. Ja, also das, ich finde, man muss es immer als Werkzeug brauchen. Und dann ist es geil. Ich habe eher gemeint, AI gegen Künstler. Ja, ich verstehe es. Vor allem, ich sehe dort die grösste Problematik bei der Musik, aber bei der Musik sind wir nicht annähernd so weit, dass irgendwie AI jetzt einfach Songs rauslassen können, die geil tönen. Die haben alle so viele Schwächen im Moment noch. Aber ja, wenn man dann einfach einen Prompt machen kann und dann spuckt es einem ein Lied aus, wo ein richtiger Musiker tagelang oder wochenlang muss dran hocken, schwierig. Das AI-Zeugs ist schon ganz spannend, aber ich bevorzuge die gute alte nordische Mythologie. Das ist auch so. Wir wechseln jetzt das Thema, so ist mein Bot halt. Ich verstehe nicht deine Sorgen, das stresst mich schon auch ein bisschen. Ja, also ich sage nicht, dass ich es nicht verstehe, aber ich kann mir dort auch, weil ich es jetzt halt auch selber für Streaming im Einsatz habe, als Werkzeug, weil ich es jetzt neu in meinem neuen Beruf als Werkzeug im Einsatz habe. Es erspart einem verdammt viel Zeit und ich will eigentlich das nicht missen. Und so gesehen ist es eigentlich schon geil. Man muss es auch richtig einsetzen, damit es auch fair ist, vor allem. Leak! Chat, jetzt. Ich lese noch schnell, ich schaue schnell das Ende des Chats und dann schaue ich schnell, wie schnell als ich Season 3 releasen könnte, jetzt auch on the fly. Ich finde, bei Kunst sollte man das einschränken und rechtlich eingreifen, vor allem wenn kein Konsens herrscht von den Datenurhebern. Das ist ganz sicher ein Thema, da muss man in den Griff bekommen. Da muss sauber geregelt sein. Da bin ich bei dir. Aber ich stelle mir immer vor, by the way, ich muss noch kurz vorlesen. Gute Nacht, liebe Jutti, lass dich sanft in Träume wiegen und morgen voller Energie. Um morgen voller Energie zu sein, möge dein Herz voller Glitzer sein und du in Gedanken auf einem Gipfeli mit einem leckeren Gipfeli in der Hand. Gipfeliception. Schlaf gut in der warmen Umarmung. Oh, danke. In der warmen Umarmung der Schweizer Twitch-Community. Jutti, mach's gut, schlaf gut, schönen Sonntag noch und bis ein andermal, Jutti. Und Chat, Juttis Gipfeli, immer warm, frisch aus dem Gebüsch, direkt nach Hause geliefert, auch in die Schweiz. Als Werkzeug sehe ich da kein Problem. Ich sehe das Problem im Kunstbereich wie Art und Musik, auch dass man mit Stimmen imitieren und deepfake. Aber das ist dann der Missbrauch. Der ist scheiße. Absolut. Bin ich bei dir. Was soll ich jetzt noch sagen zum Thema AI? Fuck, jetzt habe ich den Vater verloren, Chat. Den Vater verloren. Juttis Gipfeli.
Ich gehe nochmal schnell auf, ich habe nicht alles vorgelesen. Ja, also Urheber, das haben wir vorhin noch gehabt, finde ich sehr wichtig. Das muss geregelt sein. Was ich ja wollte sagen, das ist eben auch da, man muss sich auch überlegen, die AI lehrt immer von vorhandenen Bildern. Und jetzt stellt euch vor, es gibt immer mehr AI-generierte Bilder. Und dann fängt AI an zu lernen anhand von AI-Bildern. Das heisst, wir füttern, oder die AI füttert sich selber, wie auch immer, kann man anschauen, wie man will, oder wird gefüttert von Bildern, die von AI generiert werden. Und ab dann geht es wieder bergab ab. Ab dann wird es nicht besser. Also es geht vielleicht nicht bergab, aber es stagniert. Von der Qualität her. Das ist da, wo man auch noch sehen muss. Halluzinationen. AI-ception, Chat. AI-ception. Achtung, KI, wenn man sich ein bisschen zu fest damit abfindet, dann will man eigentlich nur, dass KI muss richtig reguliert werden und das braucht es zuerst mal ein Verbot, dass man die Regulierung richtig ausarbeiten kann. Ja, finde ich einen guten Punkt. Absolut. Finde ich ja. Es ist jetzt auch fast ein bisschen zu schnell gegangen. Es ist schnell losgetreten worden und es ist auf alles geschissen worden, was irgendwie mit Urheberrecht zu tun hat. Und das ist natürlich schon ein riesiges Problem, das man zuerst lösen müsste. AI-Thema, ich finde es interessant, es löst immer direkt so, kommen immer so ein bisschen die Meinung, ich finde es aber auch ein mega interessantes Thema. Ich habe halt einfach ein bisschen das Problem damit, dass grosse Brands wie Magic the Gathering einfach ihre Künstler nicht vernünftig zahlen, die seit Jahrzehnten Peak-Arbeit mit Artworks für ihre Karte abliefern. Das finde ich auch doof. Ich finde, es müsste so sein, dass der Künstler das Tool ja dann auch... Wenn der Künstler das Tool nutzt, so, ich sage jetzt auch, wie ich mit meinen Karten. Ich will sie eigentlich selber designen, aber ich nehme AI zur Hilfe für gewisse Sachen oder für Inspiration, Ideen. Multipass. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Wenn die Künstler das selber brauchen, dann ist es ja okay, aber dass man Künstler ersetzt, das ist ein ganz, ganz schlechter Move. Aber dort denkt man halt auch an Kosten sparen. Und dort ist halt auch wieder grundlegend ein bisschen das Problem. Ja, aber es ist ein schwieriges Thema. Wenn es dich interessiert, schau mal, muss ich ein bisschen läuten, nach Latticeflow AI und Compl AI, wo ein Projekt von ihnen ist, um Benchmarks oder Evaluationen von KI auf bestimmte Kriterien erstellen. Okay. Und Gefährlichkeit bestimmen. Interesting. Das habe ich auch schon gehört, dass wenn AI das Internet füttert und gleich AI-Infos wieder von da im Teufelskreis, ja, dann wird es, meiner Meinung nach, wird es ja dann schlechter. Es stagniert oder es wird sogar schlechter. Das ist ein guter Punkt, Roy. Wenn KI als Datenbasis hat, wird es crazy. Ja, und je mehr KI-Bilder im Internet sind, desto mehr passiert das. Darum habe ich das Gefühl, irgendwann kann KI nicht besser werden. Vor allem, wenn dann noch die Regulierung kommt, dass Künstler können sagen, hey, mein Kunstwerk darf nicht von der AI irgendwie, darf der AI nicht gefüttert werden und das auch umgesetzt wird, dann bekommt AI zu wenig gute Infos, dass es besser wird. Also ich rede jetzt von Bildgeneration, logischerweise. Kann man aber auf alles andere auch beziehen in dem Sinn. Ich glaube, in der Zukunft wird Forums wieder beliebter, wenn Internet voll Müll geschmissen wird. Gut möglich. KI ist viel zu schnell auf den Markt geschossen worden, ja. Und das sagen fast alle an ETH und bei Latticeflow AI. Es ist so, ist auch meine Meinung. Ich meine, es war mindblowing. Es ist absolut mindblowing, immer noch. Aber es ist zu schnell auf den Markt geschossen worden. Ich möchte gerne, dass AI meine Wohnung putzt und meine Hobbys
Und nicht meine Hobbys macht, ja. Genau. Schwarz, das hast du sehr schön ausgedrückt, finde ich auch. Aber so ein Roboter mit AI, der dann so ein bisschen putzt, läuft immer so ein Roboter hinter durch. Da kann er namens ein bisschen fertig machen. Ja, ein bisschen erniedrigen. Und irgendwann erwürgt er mich live on Stream oder so. Und dann fängt Judgment Day an. Und mega schön, by the way. Das ist glaube ich, das ist wieder meine Playlist, Chat. Ich glaube, eines der schlimmsten Sachen sind die Deepfakes von Gesichtern von unschuldigen Menschen auf explizite Seiten kopiert wird. Absolut. Aber weißt du, da muss einfach auch, ich weiß nicht, was die Strafe dafür ist, wenn man so jemanden verwünscht, aber da muss richtig heftig auch bestraft werden. Also Lattice, Flow AI machen auch AI für andere Firmen, aber sie schauen darauf, dass sie nach der EU-Richtlinie gebaut werden und nicht rassistisch etc. sind. Okay. Das kann man so wie einen Schutz auf sein Werk machen, dass es der ja nicht bedienen kann. Das wäre doch okay so. Ja, das kann man. Ich weiß nicht, wie aktuell das gehandhabt wird. Aber ich bin der Meinung, dass da muss irgendein so sein. Oder am besten muss es so sein, dass jede AI, die irgendwie ist, es gibt ja mehr als eine, wo irgendetwas scrollt in dem Sinn, wo Infos sich holt oder gefüttert bekommt, dass man immer einwilligen muss, dass das Werk, das man selber gemacht hat, für das gebraucht werden. Und nicht echt der Default ist, wenn ich nichts dazu sage, dann wird es auch gebraucht, sondern man muss die Einwilligung geben und erst dann darf es gebraucht werden. So muss es meiner Meinung nach laufen in der Zukunft. Aber ich glaube, aktuell ist es eben genau nicht so. Jutti schon mit 11 Monaten, 26 Tagen und 16 Stunden. Oh, hey. Schon fast ein Jahr, Jutti. Stellt euch vor, die Älteren jedenfalls, wir sind noch ohne Internet aufgewachsen. Wir sind ohne Internet aufgewachsen. Wir, lieber Chat, Jenny, der muss ich es nicht erzählen und vielen anderen im Chat ja auch nicht. Das sage ich immer, ohne Scheiß. Das ist immer der Skill, den nur wir haben. Wir haben in der Schule unter dem Tisch können SMS schreiben, ohne hinzuschauen. Du schaust auf die Tafel, schaust den Lehrer an, du bist interessiert mitschauen, aber unter dem Tisch bist du SMS am Schreiben. Macht das heutzutage mal. Ich glaube nicht, dass der Skill existiert heutzutage. Findest du ihn ja gerne, du darfst den Song Request nochmal aufmachen. Das ist so schön im Fall. Das habe ich letzte mega viel gelost. Ich glaube, es ist von welchem Game ist das der Soundtrack? Von Zoo Planet, ich weiß es nicht. Irgendein so eine Zoo-Simulator. Oder so einen Parksimulator. Plötzlich kommt er mit dem Kochmesser, der AI-Roboter. Ich habe dann nur ein Buttermesser, damit er mich nicht abstechen kann. Auf Insta kannst du einstellen, dass seine Posts nicht für AI-Training benutzt werden. Aber ob das wirklich der Fall ist, das bezweifle ich. Empfehle, dicke Watermarks drauf zu touchen. Ja, okay. Hey, Airfighter, by the way, grüezi wohl, Airfighter, wie geht's dir? Grüezi, ich lese nachher gerade vor, ich gehe noch schnell ein bisschen im Chat nachher. Aber ich wünsche schon mal eine gute Nacht, grüezi, Bär. Weißt du, das finde ich wirklich gruselig. Ja, die Robohunde, die sind creepy as fuck. Ja, I get it. Von Boston Dynamics, die Typ, ja, ich meine, ist ja auch bei der Serie Black Mirror ist es thematisiert worden. Sie haben sogar einen bekommen für die eine Folge. Finde ich auch
Ich finde es auch gruselig, aber das ist wieder etwas anderes. Da kann man ja auch wirklich etwas Nützliches damit machen, sage ich jetzt mal. So ein Hund, der etwas transportiert. Es wird natürlich dann auch schnell für Kriegszweck gebraucht. Das ist dann halt auch wieder das. Das ist wie mit dem Drohnenkrieg. Das ist jetzt eigentlich moderne Kriegsführung. Es fliegen da echt Drohnen umeinander und du kannst eigentlich nichts dagegen machen. Das wollte ich noch schnell lesen. Troy wünscht sich etwas zum Erniedrigen. Nein, so bin ich eigentlich wirklich nicht. Ich glaube, ich habe keinen Spass daran. Hey Google, fuck you. Ja, wir haben uns gerne Google und ich. Ein Scheiß ist, dass eine KI, die von der Regierung kontrolliert wird und auf Zensieren von wichtigen Daten trainiert wird. Okay, habe ich nicht gewusst. Blödes Thema, aber Kinderporn ist auch schlimm geworden mit AI, habe ich nicht bekommen. Okay. Also AI-generierte Videos in dem Sinn, nehme ich an, oder Bilder. Ja gut, aber das ist halt schon okay. Das ist aber wieder da, wo ich meine, alles, was missbraucht werden, wird von irgendjemandem missbraucht. Es ist so, das bringst du nicht weg. Bringst du leider nicht weg. Und dass natürlich genau das für Sättigungszweck missbraucht wird. Ja, shit. Was ist mit Büsis? Wir haben ein Roboter-Büsi. So Leute sollten verfolgt werden, absolut. Und dann die Strafe muss auch sehr, sehr, sehr hoch sein. So als schon gar niemand sich getraut, aus Fun aus irgendetwas in die Richtung zu machen. Finde ich auch. Ich kenne das alte Modem-Geräusch, ja, true. Chatty überflügt. Chat, ich muss irgendjemandem noch eine gute Nacht wünschen, aber ich weiss nicht, wo es ist. Chat, wo war es? Grüezi-Berg, geh schlafen. Und ich habe gesagt, ich lese noch schnell ein bisschen Chat nachher. Ich überfliege schnell, seht mir nicht böse. Kennst du noch den Hellraum-Projektor? Ja. Oh ja, Hellraum-Projektor. Hey, da habe ich aber noch für die Vorträge noch so Folien vorgeschrieben und so. Irgendwann konnte ich dann auf die Folie drucken. Mit dem Tintenstrahldrucker-Chat. Aber Hellraumprojektor auf jeden Fall. So, dann jetzt aber gut Nacht miteinander. Ich gehe mich jetzt ein bisschen abquälen. Mach du das. Genau der Ton. Genau der Ton. Der hat zur Kindheit dazugehört, Chat. Gute Nacht, grüezi Bär. Mögen deine Träume von Gute Nacht, Grüezi-Bär. Mögen deine Träume von epischen Lichtschwerkämpfen und heldenhaften Abenteuern mit einem Spielzeughammer erfüllt sein. Schlaf gut und bis bald. Hey, Grüezi-Bär, mach's gut. Schön bist du dabei gewesen. Schönen Sonntag noch und bis zum nächsten Mal. Ja, Troy, SMS unter dem Pult. Die Swisscom-Abrechnung hat gesagt, 1086 SMS in 2 Wochen. Der Vater hat keine Freude gehabt. Ja, das kenne ich irgendwie. Hey, Emin B., grüezi, sorry, dass ich dich so spät begrüße. Wie geht's dir? Emin B., hello, ich bin ein bisschen nachher im Chat, wie immer, ist ja nichts Neues. Aber ich kann mich nicht beklagen, wie geht's dir? KI kann nützlich sein, aber auch gefährlich zugleich. Quer dazu. Das ist unter dem Strich auch da, wo ich denke. Und solange es nicht missbraucht wird, ist ja gut. Solange es nicht missbraucht wird, können wir auch alle das nutzen. Aber ich habe wie auch Angst, dass es so fest missbraucht wird, dass es dann einfach uns wieder weggenommen wird. Und dann sind wir wieder beim Punkt, that's why we can't have nice things. So ist es doch immer. Wir sind mit dem Holy Moly hohe Kosten Internetbutton aufgewachsen auf dem Handy, wo man nicht drücken darf.
Ja. Und es ist ja, irgendwann ist es dann auch je nach Zeit gewesen. Es war mal ein bisschen günstiger gewesen, am Abend und so, oder? Und dann ist mir ins Internet gegangen. Vorher aber nicht. In Sachen AI und Scrapping bin ich im Gedanken, statt Watermark und so weiter eine Profilbeschreibung auf ein Terms of Use for AI zu verweisen, wo man dann horrend hohe Summen verlangt. Hey, true. Lass mich Google in Ruhe. Es hat es nicht gern gehabt. Oh, ohne Scheiß. Hey Google. Hey Google, send Troy Hamaran 100 bits on Twitch Giant Oscatrix. Shit, I'm so sorry. I'm so sorry. Das bin nicht ich gewesen. Ich habe nichts dafür, was da mein Chat macht. Hey Google, spiele Never Gonna Give You Up von Rick Astley. Ja, also wenn das funktioniert hätte, dann wäre ich verwundert, oder? Jetzt habe ich es verkackt. Ich kenne meine eigenen Commands nicht mehr. DE-Speak, oder wie war das? DE-Speak. Hey Google, spiele Never Gonna Give You Up von Rick Astley. Sorry, Schmarz. Oh, gut, sorry. Oh, das ist jetzt so richtig evil. Ich bin so böse. So böse. Habe ich es jetzt vorgelesen? Gute Nacht, grüezi, Ben. Habe ich das vorgelesen? Irgendeiner träumt von epischen Lichtschwerkämpfen und heldenhaften Abenteuern mit einem Spielzeughammer erfüllt sein Schlafgut. Habe ich das jetzt vorgelesen vorhin? Jetzt mache ich das sautet, oder? Hey, grüezi, gang jetzt schlafen, gell? Schlaf gut, bye bye. Jetzt habe ich wirklich das sautet gemacht, schnell. Hey Google, play Last Christmas. Ihr seid so fies. Ihr seid so fies. Schmarz wird nie mehr meine Streams schauen, Chat. Jetzt ist es vorbei. Ich habe noch irgendetwas wollte ich machen, aber jetzt kommt Game of Thrones, Chat. Game of Thrones. Eins muss ich aber noch zu dem Thema sagen, zum Übersetzen als Unterstützung ist ChatGPT gar nicht mal so schlecht, aber nur so als Ergänzung. Hey, also für so Sachen ist es absolut fucking wertvoll. Absolut. Also was mir das schon Stunden erspart hat. Jetzt nicht unbedingt zum Übersetzen, aber zum Korrigieren, Umformulieren von Sachen, die ich geschrieben habe. 256k Modem. Ach, Musik in meinen Ohren. 256k Chat. Ich habe gesehen, es ist noch etwas im Discord gekommen. Ich mag einfach im Chat wieder nicht hinten. Ich überfliege ein bisschen, ich lese grundsätzlich mit. Aber ich hänge dort ein, wo ich etwas noch dazu sagen kann, Chat. Mein Handy wartet auf deine Anweisung. Ja, das ist es eben, du laufst eben auf dem TV, dann gehört das mit Google Pod natürlich. I'm so sorry. Scheiße. Oh, wir sind so fies. Jetzt läuft der Rick Astley. Ich glaube, der hat noch das Bild geschickt, oder?
Oh, 500 Kondom bestellen, ja genau, Chat. Also nicht übertreiben, he? Da ganz klar auch wieder. He? Die Grenzen, es gibt Grenzen und so. In Sachen Barrierefreiheit begrüße ich AI. Ja, true, finde ich auch. Schnell den Clip schauen. Das ist einfach irgendetwas. Irgendetwas. Und da kommt noch A-Partei hinführen. Gut. Ja, das ist einmal da, wo einfach in meinem Kopf so vorgeht. Chat. Genau das ist da, wo in meinem Kopf vorgeht. Jetzt werde ich schnell die Musik wieder reinmachen und dann werde ich schnell in Discord rein. Jetzt geht's dann Hey Googleception. Chat, Hey Googleception ist jetzt angesagt. Ich sag's euch. Jetzt ist ohne Scheiß mein Video-Tool. Jetzt. Es läuft halt im Hintergrund. Und ich bin geschaltet. Wie geil. Ja. 10 von 10. Would do it again, Chat. Ganz klar. Bist du ein bisschen stolz auf mich jetzt gerade? So gut. Das schicke ich meiner Tochter, die staunt sicher, wie gut du Koreanisch redest. Oh, Ulen hat auch noch etwas in DC geschickt. Hey, im Moment, wirklich, ich muss entschuldigen, wenn ich nicht alles lese. Ich mache wirklich jetzt gerade den Sautet und bin überall und überspringe mega. Aber ich werde das noch schnell anschauen, was der Ulen jetzt noch geschickt hat. Das ist da, was du mir per DM geschickt hast, ja? Hey Siri, spiele Last Christmas von Wham auf Spotify. Spiel mit Patsy Rated mit 12 Lüt. Pecky! Spiel mit Pecky, merci vielmals für den Raid. Danke dir für den Raid. Hey, Pecky. Pecky, was gab's bei dir? Wie war dein Stream? Und liebe Raiders, grüezi miteinander. Ich bin der Troy aus der Schweiz. Wie der liebe Pecky auch. Bei mir gibt es viele schweizerdeutsche Unterhaltung mit vielen Spielereien, Effekten, Interaktiv. Genau, und Hashtag eventuell auch mal Gameplay. Wir gehen dann später noch in Indiana Jones and the Great Circle rein. Jetzt aber zuerst, lieber Chat, gebt alle Ausrufezeichen Foto ein. Ausrufezeichen Fettli. Dann kommt ihr mit eurem Profilbild mit aufs Foto. Wir haben viele Plätze, Pecky. Du darfst dir etwas auswählen, wo neben dir aufs Foto kommt. Und nachher gucken wir noch das Video von Ullen. Ullen, ist jetzt natürlich gerade ein Raid reingekommen. Musst entschuldigen, wir schauen es dann nachher. Aber ich habe es schon ready. So, und Darkseid grüezi natürlich, Pecky grüezi und Nussi grüezi miteinander. Wie geht's euch? Ist es okay? Ist es okay, wenn ich auf Schweizerdeutsch bleibe? Was meint ihr? Oder Pecky, was meinst du? Du kennst die Leute am besten, die du jetzt mitgebracht hast. Meinst du, es funktioniert mit Schweizerdeutsch oder sagst du, oh, lieber Hochdeutsch? Nope, lieber Hochdeutsch. Ja, du darfst natürlich gerne entscheiden. Wir schauen es nachher. Wir schauen es nachher. Ich bin gespannt. Ich bin mega gespannt. So.
Als ob wir heute noch in Indien gehen. Ja, wenn es läuft. Schmarz ist, muss man schnell den PC zurückschicken, damit die Indien dann starten kann. Heute muss ich schnell remote auf den PC drauf bei dir. So, jetzt muss ich schnell schauen, dass ich hier nichts überlese. Päcki braucht gerade einen Kaffee. Also, let's go. Kaffee montiert. Jetzt schaue ich noch schnell. Bei dir hat es Assetto Corsa Competizioni gegeben. Holy shit, Antonio Margaretti, Chat. Und wie ist es gelaufen, Päcki? Hast du gewonnen? Bist du Erster gewesen? Das ist nicht meine Welt, ich kann da überhaupt nicht mitreden, aber das ist so Rennsimulation und so, oder? Oder ist das so Arcade-Rennen? Ich glaube, das ist so pure Rennsimulation, oder? Es hat ein 9-Stunden-Rennen gegeben, what the fuck? Jetzt bist du 9 Stunden dran gewesen an dem. Ich bin am schauen, ob ich das gesehen habe, wie lange du gestreamt hast. 9 Stunden steht sogar im Titel. 9,5 Stunden hast du gestreamt. Finde ich ein nice one. Nice one. Aua. Never gonna give you up, never gonna let you down, never gonna run around and desert you, never gonna make you cry, never gonna say goodbye, never gonna tell a lie and hurt you. Feta Kaiser, weißt du, was du brauchst? Du brauchst einmal ein Kessel voll Satzzeichen, weil Satzzeichen sind sehr wichtig, weil sonst versteht man amigs nicht genau, was der Sinn und Zweck ist von dem, was du sagen willst. Satzzeichen! Nein, alles gut. Er hat ein bisschen schnell gesungen. So, Chat muss immer sein. Verwirrung. Ich muss hier noch schnell schauen, ich muss hier noch schnell den Bossfight-Check machen. Wir sind noch nicht ganz ready, Päcki. Wir sind noch nicht ganz ready für den Bossfight. Ja, ich bin gewesen in Stube. Sitzen. Jetzt im Ursprungstext kein Komma. Aber nach dem Dessert, da muss man ein bisschen geniessen. Weißt du, was ich meine? Never gonna run around and desert you. Und dann muss man das Kopf Vermicell zuerst mal ein bisschen geniessen und verdauen, bevor es weitergeht. Und weißt du, was ich meine? Päcki, jetzt ich werde nachher erst mal ein bisschen runterfahren. Hey, das kann ich völlig verstehen im Fall. Ja, da bist du vielleicht auch froh, wenn wir nicht direkt einen Bossfight machen. Aber einfach als Zweites, du wärst als Dungeon Leader eingetragen, sobald der nächste Bossfight kommt. Da. Ich schätze mal nach dem nächsten Raid oder so, dann wärst du Dungeon Leader. Und Mongo, grüezi Mongo, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. So, Chat. Foto vorbereiten hier. Alexa, order 1 condom. As fast as possible. I need it now. Ich entschuldige mich im Namen vom Calls. Für alle die eine Alexa haben daheim. So. Aber das Logo ist neu, oder, Päcki? Ich habe es schon mal gesehen, aber das hast du noch nicht so lange, oder? Müde vom Dracolorium, oh, let's go, Mongo. Let's go. Viel zu tun da. Die Klöß müssen unter der Achsel gewuselt werden, dass das richtige Knödeln sind. Ja, so finde ich auch. Weil sonst sind es einfach keine richtigen Knödel. Also da gesagt, bin ich absolut bei dir. Aber unter der Achsel ist schon ein bisschen, ne? Ein bisschen gruselig. Und Dave, grüezi Dave. Wir haben wieder ein...
on me. Take me on, take me on. Chat, wir machen jetzt das Foto in zwischen 7 und 15 Sekunden. Chat, muss es denn jetzt auf jedem Foto eigentlich brennen? Here's Johnny. Muss es denn auf jedem Foto brennen? Oder wollen die restlichen 30 Easter Eggs vielleicht auch mal sehen? Highway Race. Es gibt so viele, die noch nie aufs Foto gebracht haben. Aber das Feuer verdrängt halt alle anderen Easter Eggs. So, hey, Becky, jetzt hier unser Foto, wunderschön, der Grogu ist auch drauf. Und ab jetzt auf dem Discord Ausrufezeichen DC. Merci, bin mir verwirrt. Merci Specko, doch. Und ich markiere dich dann noch in einer Story auf Instagram und auf Twitch. Und man kann sich das Foto auch in physischer Form, ich muss schnell die Musik abstellen, in physischer Form bestellen. Das kann ich nicht reden, wenn da eine rappt. So, Chat. Was machen wir jetzt? Port is on fire. Oh, ist es schon. Nein, der Overload hat es nicht ausgelöst. Oh, Ullen, merci. Danke vielmals, Carnage. Da war noch was. Ne? So, Chat, habt euch fest, eine ist mehr. So, ich muss hier schnell pausieren. Chat, wir schauen jetzt ein Video vom lieben Ullen. Und soweit ich das gesehen habe, hat der Ullen sich mega viel Mühe gegeben. Aber er hat eine Weile gebraucht an diesem Video. Also, es dauert 30 Sekunden. Und ich bin jetzt gespannt. Und eben Logo ist schon sicher, ja, doch, irgendwie, okay, ich sage neu und das ist schon ein Jahr alt, ich bin auch selten bei dir, Becky. Ja. Guilty, Becky. Hoffen, bist du mir nicht böse, dass ich so etwas rausgelassen habe. Alter Mann geht jetzt Nordwand-Kanapé für die das nicht verstanden. Gute Nacht. Hey, Darkseid, mach's gut, bye. So, Chat. Let's go. Oh. Ich lese schnell vor. Der gute Troy schaut halt schon zu seinen Fans, auch wenn sie im Loch hocken. Im Loch kommt sind zum Dealen. Holen. Wir müssen etwas dagegen machen. Was zum Teufel? Wir müssen ein bisschen Evian-Wasser runterladen. Nein, das glaube ich nicht. Gut, danke, Troy und Evian. Dann gibt es gerade Verteilung Geld dafür. Hey, wie... der muss sein, der ist als Template drin, der Lacher. Wir schauen es nochmal, Chat. Wir schauen es nochmal. Im Loch kommt sind zum Dealen. Ullen. Da kommt also der Ullen. Der Ullen kommt so vor. Was ist das Was ist das im Original? Wir müssen etwas dagegen machen. Wir müssen ein bisschen hey, aber wie gut hast du das gemacht? Es ist mind-blowing gut. So ist jetzt gut, Chat. What the fuck, okay, ich glaube dir, dass du das Weile dran gehabt hast. Ullen. Wir müssen etwas dagegen machen. Wir müssen ein bisschen Evian-Wasser runterladen. So ist jetzt gut, Chat. Wie gut ist der Ullen, Mann? Das ist wieder fucking Meisterleistung da. Das ist wieder so ein Next-Level-Shit, den ich hier anschauen habe. Ullen, Mann. Geiles Sieg, Mann. Geiles Sieg. Lieber Chat, an dieser Stelle, ich weiss, es geht nicht um das Ullen, aber muss jetzt auch sein.
Hast das mehr als verdient, lieber Chat Ullenbullen. Er hat das gemacht, das Video. Eines von vielen Sachen, eines von vielen Memes, die er schon für mich gemacht hat und auch für andere. Geht dort unbedingt mal vorbeischauen, wenn ihr noch nie da sind. Und wenn es euch gefällt, vergesst nicht ein Follow da zu lassen. Nein, sehr gerne, Ullen. Danke dir. Ja, check, einfach nur geil, oder? Das ist ein Hündli. Ja, also, Jenny, die ist auch gut. Es geht ja um den Humor auch. Es geht ja um den Humor. Und das ist auch, du hast jetzt einfach so die Stelle genommen und dann hat es gerattert im Kopf vom Ullen. So, oh, ich habe eine Idee und dann hat er es müssen umsetzen. Geht mir auch so. Da habe ich irgendeine Idee und dann muss ich sie umsetzen. Aber sehr geil. Vor allem, wenn ihr ebenfalls einen Hass gegen Geissli habt, dann sind ihr dort gut aufgehoben. Ein Hass gegen Geissli? Hey, Becky, merci nochmal für deinen Raid und für deinen Lurk-Support natürlich auch. Danke vielmals. Und erhol dich gut. Merci Ullen für den Lurk-Support. Danke nochmal für das geniale Video. Holy shit. Chat, ich werde jetzt etwas machen. Zu dieser epischen Musik müssen wir schnell einen kleinen Moment Zeit geben. Ich muss jetzt schnell meinen Streamer-Bot aufmachen. Schnell überlegen. Gut. So. Mhm. Okay, da noch schnell schauen. Da noch schnell schauen. Da noch schnell schauen. Oh, es ist noch ruhig. Es ist noch ruhig, Chat. Oh, jetzt geht es gerade los. Jetzt klopft es gerade rein, Chat. Jetzt klopft es gerade rein. Shit, ich weiß nicht, ob jetzt das stimmt. Will jemand schnell sich als Versuchsobjekt bereitstellen, wo noch eine Sammelkarte muss ziehen? Und dann vielleicht eine Season 3 Sammelkarte ziehen, Chat? Ich glaube, wir machen die auf, Chat. Ich versuche jetzt das on the fly. Ich brauche schnell... Ich muss noch mal wissen, ob es geht. Hat jemand noch keine gezogen? Also, das ist eben die Frage. Hat jemand noch eine? Okay. Okay. Ich glaube, es funktioniert. Ich glaube, es funktioniert. Also, schnell schauen, ob das alles funktioniert hat. Lieber Nick. Okay, jetzt geht es natürlich los. Oh, es geht los, Chat. Ui. Macht bitte auch noch schnell eine My Cards 3, damit ich sehe. Okay, zweimal Spezialangriff ist schon gedroppt. Damit ich sehe, dass da funktioniert. Okay, das funktioniert auch. Bothammeren. Okay, let's go. Chat, ich glaube, es funktioniert. Hey, wie viel mal kommt da die Spezialangriffkarte noch für? Der Link funktioniert auch.
My card's 3. Let's go, Chat. Let's go. Somit hätten wir offiziell, hochoffiziell, Season 3 eröffnet. Season 3 der Sammelkarten ist jetzt erhältlich, Chat. Let's go. Okay, ich glaube, es funktioniert alles. Funktioniert, glaube ich, alles. Was können wir machen? Ich habe die Season 3 von der Sammelkarte aufgemacht. Du kannst jetzt, wenn du nice, sehr geil. Genau das ist die Erklärung. Wenn du mit den Kanalpunkten eine Sammelkarte ziehst, kannst du jetzt ein 3 reinschreiben für Season 3. Das habe ich natürlich jetzt noch nicht angepasst. He? Das kann ich schnell angucken, dass ich das auch irgendwie gerade schnell fixen kann. Sammelkarte 1, 2 oder 3. 1, 2 oder 3. So, jetzt steht es auch richtig in der Beschreibung. Nice. Season 3 ist jetzt verfügbar. Was haben wir jetzt auf gehabt? Jetzt haben wir Botthammer-Rennen, Schrumpfmaschinen haben wir gehabt. Jetzt kann ich es ja zeigen. Jetzt kann ich die zeigen. Aber die Hauptkarte, da braucht jetzt noch mega lang, bis ihr die kennt, Chat. Mal schnell schauen, was droppt. Es hat halt schon mega geile Karten auch dabei, Chat. Das ist eine Season 1 Karte. Also, was haben wir da gesehen? Wir haben die da gesehen. Dann haben wir die da gesehen. Nochmal eine Season 1. Pascal Mann. Troilina jetzt endlich mal. I don't think so. Pascal, wie geht's? So schön, dass du da bist. Und auf die bin ich besonders stolz, weil da habe ich ein bisschen AI gebraucht tatsächlich. Die Spezialangriffkarte. Let's go! Scuffboy, grüezi! Scuffboy, wie geht's dir? So, Chat, dann wäre das angemacht. Einfach mal schnell Season 3 released. Ja, Season 3 Hype, Chat. Season 3 Hype. Habe ich endlich alle? Es steht, er muss komplett Highway Racer. Wenn steht, Season 2 Deck komplett in der Message, dann hast du sie komplett. Und mit Bestellen kannst du sie bestellen. Also Ausrufezeichen bestellen S2 dann. Was haben wir da? Alligator. Let's go, das hat geklappt. Highway Racer GZ. Highway Racer hat sich Season 2 Deck physisch bestellt, indem er alle Karten zusammen hat. Und jetzt zum Season 3 Jubiläum eine Karte gratis für alle. Ja, aber noch nicht jetzt. Noch nicht jetzt, Chat. Ich glaube, das machen wir während dem Gameplay dann. Das ist schon der Plan. Das habe ich euch versprochen. Aber wir warten noch schnell ein bisschen. What is this show, Rick? It's an alternate universe where humans all look like this dipshit here. They call him Troy Hammerin. He does that thing where he says that he's going to play a game, but ultimately he never plays it. They call it #eventually some gameplay. What a bunch of fucking weirdos. Rick, Mann. Wir gehen das Gameplay rein. Wir machen es ja. Brauchst du die noch? Die Adresse. Das ist echt die Standard-Message, Highway Racer. Wenn sie noch im Discord drin ist, brauche ich sie nicht. Nein. Aber das schreibt halt mein Bot automatisch.
Ich bin im März in der Schweiz, Kaufboy. Wo bist du denn genau in der Schweiz? In welchem Kanton bist du? Oder in welcher Ortschaft bist du denn? Das kommt dann morgen um 4 Uhr, nur für die Hartgesotten. Also das ist, bis jetzt habe ich es so gemacht, Chat. Es war immer eine Belohnung für die noch lang dabei sind. Oha, St. Moritz? Oha. Bert, Mann. Bert zieht halt auch noch eine Karte. Der Bert zieht halt auch noch eine Karte, Bert. Schwarz, merci für den Lurk-Support, danke. St. Moritz, Chat, St. Moritz. Blink 182, what's my age again? Danke vielmals, Bert. Dir auch Happy Birthday, Bert. Wir haben jeden Tag Geburtstag. Bert, merci vielmals. Es gibt Season 3, Bert. Aber ich glaube, der Bert muss tatsächlich noch ein bisschen bei der Season 1 sammeln, oder? Wer von euch, Chat, hat schon S1 und S2 physisch? Meldet euch, Chat, meldet euch. Ja, genau. Soweit ich weiß, Fienchen, Trini, bin mir jetzt nicht sicher, der Speck, glaube ich, Speckeier im Tag. Ich muss schnell schauen, meine Notizen da. Ja, Speck hat auch beide Seasons. Also ich glaube so 3 oder 4 Personen. Ich glaube 3 Personen wären es dann, Chat. 3 Personen haben beide Seasons schon physisch. Habe ich gewonnen? Aber Bert, also mein Herz hast du immer gewonnen. Aber ich glaube, Sammelkarten hast du noch nicht gewonnen. Bester Kanton St. Gallen. Da lässt sich darüber streiten. Ja, aber jeder Kanton hat ein bisschen etwas, Chat. Ich habe es, glaube ich, mal eingelöst, aber wusste nicht, dass da was kommt. Also, was hast du eingelöst, Arti? Jetzt muss ich schnell fragen, was hast du eingelöst? Also, reden wir jetzt von der physischen Karte? Bert schreibt, Nussi, nein. einfach direkt nein. Ich habe nur eine spezielle Karte, wo nicht mal der Troy weiss, welche das ich habe. Wahrscheinlich ist es noch so ein Fehldruck, weißt du? Du bist der Gewinner der Herzen, absolut. Also sicher von meinem Herz, Chat. Fienchen hat beides, der nummerierte Franziskus und Season 1 Franziskus, ja. Fienchen hat sogar noch die nummerierte Karte. Jeder weiß, dass Graubünden das Beste ist. Chat. Aber Arti, ich habe dir es geschickt, oder? Also, vielleicht verstehe ich dich jetzt falsch. Also bitte sag mir, wenn du irgendetwas bestellt hast und du hast es nie bekommen. Bitte sag mir da. Ich habe jetzt das Gefühl, du hast etwas eingelöst und ich habe es nie geschickt oder so. Ja, da, Fienchen besitzt die limitierte Franziskuskarte Nummer 78, Chat.
Britney Spears, Chat. Ich habe vor langer Zeit bei dir das Big Mac-Menü bestellt, noch nicht angekommen bis jetzt. Ja, das ist immer noch eingepackt da im Ecken, weißt du. Es muss noch ein bisschen reifen, Barracks. So, Chat, muss mich da schnell einrichten. Gehen wir langsam ins Gameplay rein. Was meinen Sie, Chat? Ich dachte, er hat das Season 1 voll und da was eingelöst. Mach mal schnell MyCards 1, Arti. MyCards Abstand S1. Okay, da sehe ich kein. Nein. Arti, nein. Du hast das Deck nicht voll. Dir fehlt Troy-Karten, Arti. Und dann würde stehen, Season Deck komplett, dann weisst du, es ist komplett. Und wenn dann noch ein Briefsymbol dranhängt, dann hast du es auch bestellt. Das ist auch für mich eigentlich Info, dass ich weiss, wem habe ich es geschickt. Freya! Bist du am Abgehen da? Zu der Musik, Mann. Yes. Harold Ford Press. Now. Hatte ich nach dem Einlösen Fegle? Hä? Also Art, ich bin wirklich jetzt gerade komplett unsicher. Also gemäss meinen Infos hast du fehlt. Nein, Art, ich glaube, du machst es durcheinander. Du hast die Franziskuskarte hergestellt. Also, ich erkläre es schnell nochmal. Ich glaube, wir haben ein bisschen durcheinander und ich bin jetzt selber verwirrt. Also, schnell für alle. Hast du nur hergestellt? Ja. Genau. Ich erkläre es schnell. Merci, Warlock und Fienchen. Wir sammeln die Karten und 5 von diesen Karten können droppen. Die Franziskuskarte kann nicht droppen. Die stellt man her. Und wenn man die Karte herstellt, verbraucht man eine von allen anderen 5. Ja, also, wenn man jetzt von jeder von diesen Karten eine hat. Also man hat 5 Karten, jeweils eine, und dann erstellt man den Franziskus, dann hat man nur noch den Franziskus, weil man alle anderen Karten aufgebraucht hat. Und dann musst du quasi wieder nachsammeln, bis du das Deck komplett hast. Also du bekommst, wenn du den Franziskus herstellst, noch keine physische Karte. Die bekommst du erst, wenn du alle 6 Karten dann insgesamt hast und die bestellst mit Ausrufezeichen bestellen. Also Unterschied, Ausrufezeichen herstellen, Ausrufezeichen bestellen. Das ist der grosse Unterschied. Ich glaube, jetzt sollte es klar sein, oder Chat? Aber ja, jetzt bin ich natürlich auch... Art, jetzt hast du mich auch verwirrt. Aber alles gut, dann habe ich es jetzt nochmal erklärt, das ist schon kein Ding. Da bin ich auch froh, jetzt habe ich gedacht, shit, man, ist irgendetwas untergegangen, ist mal ein Streamerbot abgestürzt, fehlt er jetzt wirklich eine Karte oder so? Let's go. Also ich habe eine Franziskuskarte, aber die ist nicht nummeriert, oder? Nein. Nummeriert sind nur die du mit 150'000 Kanalpunkten bestellst. Das ist die glänzige, nummerierte Franziskuskarte. Die bekommst du nur mit 150'000 Kanalpunkten. Alles gut. Hey Arti, alles gut. Ja. Ich meine, es ist ja langsam komplex. Ich gebe es ja zu. Ich gebe es wirklich zu. Es ist so viel, was man irgendwie machen kann und dann und jetzt noch Season 3 und bla bla bla. Ja, und dann noch die nummerierte und da komme ich auch irgendeine nicht mehr raus. Also mit 25, ja, ich bin jetzt auch schon 25, Chat. Doruk Magdo, Chat, Doruk Magdo.
So, ich starte jetzt da mal schnell Indiana Jones im Hintergrund. Auf dem gleichen PC, wo ich streame. Das kann ja heiter werden, Chat. Hey, Emin B, bist du noch da? Ich glaube, ich habe mich bei Emin B nie für das eine Bit bedankt. Das war natürlich nicht die Idee gewesen. Es ist ein bisschen laut. Ullen. Oh shit. Ich ruckle schon, oder, Chat? Ich ruckle ich bei euch auch. Oh. Vielleicht ist das auch nur bei mir. Was ist passiert? Und wie es ruckelt, holy shit. Ja, da wird jetzt lustig, Chat. Das wird jetzt lustig, ich sag's euch. Ich muss schnell schauen, wie wir das machen. Es ruckelt einfach immer noch. Das ist schon das Game neu starten, Chat. Wieso machst du das? Ruckeln. Einfach nicht bewegen, dann merkt es keiner. Das ist auch das ist ein Lifehack, Chat. Lifehacks. Ullen. Oh, du hast dich sicher schon mal verabschiedet, oder? Und ich habe es nicht gemerkt. Ich war darum verwirrt, wieso du mir gewunken hast im Discord. Hey, Ullen, Mann. Mach's gut. Gute Nacht. Ullen möge dein Traumland von epischen Dungeons and Dragons Abenteuern, rollenden Würfeln und lustigen Memes erfüllt sein. Möge Mjölnir dich beschützen und dir süße Träume schenken. Ullen, mach's gut. Du hast doch... Ullen, du hast gewunken da. Winken. Oben dran. Discord ist vom Teufel besessen. Ich lese beide auch vor, was der Ullen mir da per DM schreibt. Er hat mir eben nicht, auf Discord hat er mir auch so gewunken und jetzt tut er so verwirrt. Discord macht, was es will. Chat, so ist es halt. Hey Ullen, schlaf ganz gut, schönen Sonntag noch und bis zum nächsten Mal. Bye bye. Und merci nochmal für das geile Video auch. Hey, mega nice. Ullenmann, bye bye, tschüss. Ja, das Problem mit Streaming und Gaming auf einem Gerät. Indiana Jones, zweiter Versuch, Chat. Zweiter Versuch. Das Ziel ist auch, dass es nicht ruckelt. Ich glaube, es ist... Chat, ruckelt es? Nein, ich glaube bis jetzt nicht, oder? Oh, shit. Oh, die Emotes, die sind am ruckeln. Wieso ruckeln jetzt die Emotes?
Es ruckelt eigentlich nicht, aber die Emotes sind jetzt auch am Ruckeln, oder? Aber ich glaube, ich bin flüssig, oder? So chatten, so einigermaßen flüssig bin ich schon. Ich muss schnell da meine eigene Vorschau aktivieren. Aber schnell. Troy, beweg dich schnell, beweg dich schnell. Ich bin flüssig, Chat, ich bin flüssig. Toll, jetzt will ich Troy im Pantimos. Also, ja, ich weiß, was du meinst. Pantimos Cosplay sehen. Also, so mit dem. So das, oder? So. Ist das das, was du meinst? Oder meinst du was anderes? Der SR, ja, es ist, glaube ich, alles, wo irgendwie Browser-Source ist am Ruckeln. Vor 41 war ich flüssig. Vor 41 Jahren bin ich flüssig. Sagen sie. Moment schnell, ich bin noch mal schnell etwas am Nachschauen. Ja, da habe ich Sachen auf Ultra, Chat. Auf Ultra habe ich da Sachen. Hey. Das ist, glaube ich, schon gut. Ich glaube, wir probieren es so. Weil, also wir haben ja während dem Game haben wir ja da nicht gross irgendwie so Geschichten wie Emotes, wo wir fliegen. Das Einzige ist, wenn wir... Ja, egal. Ja, schauen wir dann. Chat, schauen wir dann, wenn es so weit ist. So, Moment noch schnell, Chat. Ich muss noch etwas einrichten. So. Oh, das ruckelt vielleicht jetzt auch ein bisschen. Ich glaube, gut. Okay, schnell Frame Drops beobachten. Uff. Okay, ja, besser. Besser. Wir müssen es herausfinden, Chat. Wir müssen es halt herausfinden. Obi-Wan, es ruckelt alles! Ja, ich habe den PC mit... Ich musste ihn wegschicken. Und jetzt ruckelt alles, Obi-Wan! Ich brenne! Und das Feuer ist auch am Ruckeln. Apfelmost_ch rated mit 2 Lüt. Äpfelmost! Merci für den Raid. Danke vielmals für den Raid und liebe Raiders, grüezi miteinander. Ich bin der Troy aus der Schweiz und bei mir gibt es viele schweizerdeutsche Unterhaltung mit viel Interaktivität, viel Spielereien, viel Effekt und Hashtag eventuell auch mal Gameplay. Und wir wetten eigentlich nachher noch ins Indiana Jones The Great Circle rein, aber es ist ein bisschen heftigst am Ruckeln. Ich weiss nicht, ob ich da hinbringe. Ich muss noch ein bisschen Feintuning machen, aber finden wir alles raus. Äpfelmost mit der World of Tank Blitzrank Games gespielt. Let's go. Und wie war es, Äpfelmost? Erfolgreich? Sind ihr am Gönnen gewesen? Hey Flöru, by the way, Flöru, wie geht's? So schön, dass du da bist. Das habe ich erst jetzt gesehen. Und wir machen jetzt ein Foto-Chat. Wir machen noch ein Foto. Kommen alle aufs Foto drauf mit Ausrufezeichen Foto. Äpfelmost, du darfst dir etwas auswählen, das neben dir aufs Bild kommt. Du kennst ja, wie es geht. Ist ja nichts Neues hier.
haben wir zusammenreißen, dass du nicht ausgerastet bist, oder was? Dass du kein Rage-Quit gemacht hast, oder was war es? So, Chat, Ausrufezeichen, Foto, kommen alle drauf. Es hat noch viel Platz. Ausrufezeichen. Sorry, Fettli. Oh, Chat. Oh mein Gott, haben wir den Bossfight? Wir haben ihn noch nicht ganz voll, holy shit, Mann. Ja, also Äpfelmast, du wärst ein Dungeon Leader, aber jetzt brauchen wir wirklich einfach noch ein Raid, damit das voll ist. Und dann würde ich den reinqueuen dann. Barracks, wer war das gewesen? Das war nicht der Barracks gewesen. Ja, jetzt aber, hä? Jetzt hat der Bot vom Highway Racer hat jetzt einfach auch mein Profilbild drauf, Chat. Schon ein bisschen sass. Jetzt kann ich etwas testen, Chat. Jetzt kann ich etwas testen. Das nutze ich jetzt gerade als Test. Let's go. Ich kann mich wehren gegen das. Ich kann mich halt wehren gegen das, Chat. So. Chat, Ausrufezeichen Fettli, Ausrufezeichen Foto. Es kommen immer noch drauf, Leute drauf. Inken, grüezi. Hey, ich habe gar nichts Böses gesagt, Chat. Oh, Exodus sei Blacklist. Meinst du, das geht jetzt zweimal? Was denn, Highway Racer? Oder ist es gesperrt als Test? Ja, tu einfach testen. Ich weiß nicht genau, was du meinst. Ob du nochmal draufkommen kannst? Nein. Du bist endlich drauf, ich habe dich einfach ausgeblendet. So, Chat. What is happening? Schnell schauen, das ist gut. Hey, ich hoffe wirklich, dass wir heute noch das verdammte Gameplay auf die Reihe bekommen haben. Muss ich echt einen Gaming-PC haben für so Geschichten? Hey? Und die neuesten Games sind echt, die laufen nicht mehr so sauber da auf einem Single-PC-Setup. Das ist eigentlich mega traurig. Ist der Jack genommen? Der Blackjack? Aber du hast auch, der Blackjack hat auch ein Single-PC-Setup, oder, Chat? Ich habe es gerade gesehen, Barracks, das sind Nachahmer. Ja, wenn ich es merke, dann wird entfernt, Chat. Kein Gameplay, ja, es könnte im Fall noch sein, Chat. Holy shit. Hey, gute Nacht, ich muss schnell schauen. So, aber ich habe echt viel geschafft heute und bin deswegen schon ziemlich müde. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag und dann wieder einen guten Start in die neue Woche, Tommy. Hey, ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg und du schaffst das, du rockst das. Gute Nacht, Tommy, möge die Macht mit dir sein, während du in die Welt der Träume eintauchst. Träume von epischen Gameplay-Momenten wie ein Jedi-Meister. Möge Obi-Wan Kenobi dich auf deiner Reise begleiten. Let's go. Tommy. Schlaf gut, schönen Sonntag, geniesst den Montag in dem Fall noch. Und bis bald, Tommy, bye bye. Heutzutage braucht man einfach mittlerweile eine 5080, wenn es überhaupt eine auf dem Markt gibt. Ja, true. Jack hat ordentliche CPU. Ja. Da wird gepfuscht. Das Original ist bei jetzt immer noch durchgekommen. Was willst du mir sagen? Aber bis jetzt, das Original ist bis jetzt immer durchgekommen. Ja? Der Barracks dürfte das eben. Der Barracks dürfte. Das ist der Wärmecell-Pakt, den ich geschlossen habe mit dem Barracks. Also, jetzt hat Schmarz ein schlechtes Gewissen. Schmarz dachte, jetzt kann der nicht gamen wegen mir. Nein, alles gut. Hey, bis dann, Domi, bye bye. Gamers Nexus hat es als Paper-Launch bezeichnet, was den Release der 50, 80 und 90 angeht. Ja, true.
die Game-Auflösung auf 1080p abschrauben. Ich schaue nachher schnell. Das Blöde ist eben, ich habe es im Feister-Modus, aber ich kann das schon machen. Dann ist auch das Feister ein bisschen kleiner als mein Monitor. Also vor allem als die Höhe von meinem Monitor. Aber ich muss es wahrscheinlich so machen. Brother from another mother. Hey Blätsch, Mann, grüezi. Grüezi, Blätsch, wie hast du es? Ja, warte nochmal für den Blätsch. Muss ich das schnell machen? Oha! Hey, merci vielmals für 100 Biddies. Danke vielmals, Mr. Blätsch. Merci für den Support. Und wie geht's dir? Wie geht's dir? Wir sind hier gerade noch ein Foto am machen. Das machen wir jetzt auch schnell. Letzte Chance, Ausrufezeichen Foto. Mit dem Äpfelmast machen wir das noch schnell. Mache ich da Merci für den Raid, wette ich endlich. Merci für den Raid. Hallo. So. Nein, das tut es rausgehen. Verdammt noch einmal. Nein, machen wir mal ein anständiges Foto da. He? Schöne Alerts, geht gut, danke. Wie geht's dir? Hey, ich kann mich nicht beklagen. Merci vielmals. Hey, ja, also die Alerts haben wir so überlegt, so mit Schild und so, weißt du? Oh, geil. Wenn jetzt voll ist, also mit 53 und jemanden wegnimmst, kann nicht. Ui. Ui, grüezi bei mit dem Hammer of Healing. Das ist mein persönlicher Favorit-Chat. Mein persönlicher Favorit von der Season 3, vom Design her. 53 und jemanden wegnimmst, kann nicht jemand drauf. Ja, das haben wir ja schon mal besprochen. Nein, das geht im Moment nicht. Einfach weil es vom System her. Also weißt du, das sind dann Stunden Aufwand, weißt du, was ich meine? Im Moment habe ich nicht so viel Zeit. Es tut noch eine kleine Änderung, aber es ist der ganze Code einfach nochmal komplett umschreiben. Weil dann wird ein Platz zwischen ihnen frei und dann muss ich eine Logik machen, dass der Platz zwischen ihnen wieder füllt. Highway Racer, ich glaube, wir brauchen das nicht. Wir brauchen das nicht. Jetzt habe ich ja Platz frei gemacht. Jetzt müssen wir zuerst mal auf 53 raufkommen und dann können wir wieder schauen. Also alles würde den Stream nicht beeinträchtigen, aber das System massiv entlasten. Ja, ich probiere es nachher. Auf jeden Fall. Tolle Überlegung mit dem Schild, muss ich sagen, gell? Fände ich auch. Fände auch deine Überlegung mit dem Schild mega cool, Blanche. So, Foto. Wir machen das Wort jetzt zwischen 7 und 15 Sekunden. Ich habe schon gedacht, kommt nichts mehr, aber jetzt ist er ein bisschen spät gekommen. When I say we're done. Ein bisschen zu spät, Chat. Äpfelmast da, unser schönes Foto, aber jetzt auf dem Discord Ausrufezeichen DC, merci Specko. Waldgang weg. Und ich markiere dich auf einer Insta- und Twitch-Story und das Foto kann man sich in physischer Form bestellen. Blätsch, jetzt muss ich da schauen, dass ich das Spiel flüssig zum Laufen bringe, ohne dass alles ruckelt, Wolvi. Hey, Apfelmast, danke dir für den Raid. Danke dir für den Raid. Aber es ist wirklich ein cooles Foto. Schnell schauen, ob wir noch ein paar Easter Eggs haben. By the way, Fienchen und allgemein Mods. Ich habe gemerkt, in den letzten paar Fotos einfach schnell das Speck in den letzten paar Fotos habe ich gemerkt, dass der Hammer irgendwie komplett verschoben war. Jetzt sollte es wieder stimmen. Also ihr habt jetzt den Hammer wieder dort, wo er sollte sein. So. Also, Moment schnell, Chat. Ich muss da noch mal schnell schauen mit Indie.
Wie mache ich das jetzt am besten? Verdammt. Chichi Massi. Chichi Massi. Massi, wie geht's dir? Chat, der Massi ist im Chat. Ja, jetzt fahren jetzt heim. Danke für die Unterhaltung. Aber bin ich deine Unterhaltung während dem Heimfahren, Massi? Ich muss da schnell... Ich höre jetzt schnell ein bisschen Indie-Musik da. Oder auch da, wo ich da im Menü höre. Ich gebe euch da schnell eine Vorschau. Es ruckelt immer noch. Es ruckelt immer noch. Schnell schauen, ob ich es überhaupt capturen kann. Das ging schon mal. Jetzt, ich probiere jetzt noch schnell etwas. Ich bin eigentlich jetzt auf 1080p. Also ich bin jetzt auf Medium. Ja, nein, ich kann da schon auf Medium gehen. Ah, ich habe natürlich DLSS noch reinfetzen, Chat. Uff. Machen wir da mal auf Auto. Mal schnell schauen, was uns das bringt. Ich glaube, ja, ist schon bei 60, also auf 60 begrenzt. Ich will es nicht weiter als 60 abnehmen. Also ich kann euch schnell Fullscreen gehen, Chat. Ich glaube aber, jetzt muss ich es wahrscheinlich nochmal neu starten, oder? Gehen wir da schnell 60 FPS. Okay, das sieht gut aus. Ich glaube, jetzt es sieht nicht so schlecht aus. Ich glaube, Browser Sources werden immer noch ruckeln, aber das ist eigentlich nicht die Sorge, die ich habe. Ich werde dann nochmal schnell schauen, wenn ich jetzt zum Beispiel das mache. Das ist flüssig. Mehr oder weniger. Ja, vielleicht muss ich dann bei einem Bossfight auch aus dem Spiel raus. Aber ich glaube, so ist es nicht schlecht. Ja, ich weiß. Ich bin schon am Testen gewesen. Aber ich glaube, mit dem können wir arbeiten, Chat. Vorher, bevor es losgeht, Chat, bevor wir das probieren mit dem Gameplay, muss ich noch aufs WC. Ich hoffe, es kommt jetzt nicht gerade ein Raid rein. Jedes Mal, wenn ich... Oh, ui! Es ruckelt. Shit, Mann. Das ist heftig, wie das ruckelt. Vor allem auch Browser Sources. So, das schnell aufmachen. Ich habe irgendwie das Gefühl, es kommt ein Raid rein. Ich bin mir nicht ganz sicher, Chat. Highway Raid... Oh, shit, Mann. What the fuck, habt ihr da noch reingebittet? Jenny, merci vielmals für 100 Bits noch. Highway Racer, merci vielmals für 69 Bits. Und für 31 Bits oben drauf. Danke euch vielmals für die Bits. Merci für den Support. Aha, Bert, merci für die Info. Okay. Ich glaube, da können wir schnell Pause machen, oder? Können wir beruhigt schnell Pause machen. Und dann könnt ihr in einem so einem Ruckel-Game, das ist so ein Game, wo ihr miteinander kämpft auf dem Pausenscreen, aber das ruckelt wahrscheinlich extrem, könnt ihr dort eure Aggressionen noch ein bisschen rauslassen. Lieber Chat, so 2 bis 3 Minuten und dann bin ich wieder da. Und dann versuchen wir das mit dem Gameplay. Be right back.
Wie früher auf dem 386er. Kaschira, grüezi, Kaschira. Sorry, ja, Chat, es ruckelt halt, deal with it, aber ich hoffe, dass das Game dann wenigstens flüssig läuft. Oh, jetzt habe ich falsche Reihenfolge. Ruckelt das jetzt auch? Okay, so einigermaßen ist gut. Chevron 6 is holding. Chevron 6 is locked. It's a trap. This is as far as we have ever been able to get. Lilu Dallas Multipass. 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 Multipass, Chat. Ui, ruckelfest. Wir schauen mal schnell, ob das alles funktioniert, was ich hier machen will. So. Okay, ich muss nochmal schnell schauen. Audio, was jetzt ein neues System ist, gut, das ist wieder... das ist so, hat sogar übernommen. Wir tun den Streamer-Mode jetzt echt draussen lassen. Der Jack hat das auch so gemacht, er hat auch einfach Streamer-Mode off, damit all die Musik kommt und hat auch nie irgendwie ein Problem gehabt. Sie hat nichts gemutet und so. Darum mache ich das jetzt auch genau gleich, so wie letztes Mal. Und dann würde ich sagen, wir probieren unser Glück, Chat. Chat, sind ihr endlich ready? Sind ihr ein bisschen ready für ein bisschen Indiana Jones, Mann? Sind ihr da? Eisen-Chat, wenn ihr da sind und ready sind und noch ein bisschen Indiana Jones wollen und vielleicht gibt es noch eine gratis Sammelkarte, you know, so. So, Eisen, ja, Eisen in Chat. Eisen in Chat. Ich brauche da ein bisschen Motivation. Okay, gut. Also Chat, er hat mich überzeugt. Ich muss schnell eine Sammelkarte ziehen, bevor es losgeht. Let's go. Ende des Chats, Mr. Blatsch. Nice. So, wow. Okay, jetzt muss ich schnell schauen, ob es bei euch flüssig ist. Moment, ich muss da schnell ein bisschen... Ich hoffe, es wird euch nicht schwindelig. Aber das ist flüssig. Richtig, Chat. So wie ich das jetzt sehe, ist das relativ flüssig im Stream. In meiner Vorschau ist es eben nicht so flüssig, aber mit dem können wir leben. Und sonst bitte sagt, wenn es irgendwie, keine Ahnung, wenn es schlimm ist und ihr sagt, hey, da kann man sich ja nicht mehr geben und so. Passt, okay, let's go. Merci für das Feedback. Oh, Chat. Ihr seid in einem Regenwald. Es regnet auf euer Zelt. Ihr werdet müde. Und dann kommt Bert. Bert steigt in euren Schlafsack. Er hat einen Vibrator mitgenommen. Chat. Kaschira so fangen. Ich finde das Zusammenspielen so gut mit euch, Chat. Love it. Einfach nur göttlich, Chat. Wir sind übrigens hier frisch angekommen in Sukhothai. Ich weiß nicht, wo wir sind. Sind wir in Thailand, Chat? Weiß jemand, wo wir da genau sind? Sorry, ist meiner. Dachte, man hört den nicht. Und Stroh Dave kommt auch dazu. Hat seinen eigenen Vibrator mitgenommen. Da wird der Schlafsack aber schnell zum Hartsack. What the fuck? Und Ali Reza, grüezi. Wie geht's dir, Ali Reza? Was ist denn das für eine Begrüßung hier? Bin ich da eigentlich... Ich bin da schon erwünscht, oder? Grüezi miteinander. Buongiorno. Bin ich da erwünscht? Ich glaube schon. Keine Probleme hier.
Also dann schauen wir mal schnell, wir da vorne. Ali Reza on YouTube, please. The languages I speak are German, Swiss German, and English. So if you want to communicate with me and us means chat, Twitch chat, then please write in English. Otherwise, I think you're on the wrong stream. So, chat. Collect revolver. Oh, reload speed. Let's fucking go. Let's fucking go. Falscher Knopf. Might be something I could pick up from this. Ich tue da gerade schnell ein bisschen das Zeug machen. Da. Ich habe noch... Wie viel habe ich noch? Sind das Bitcoins, die ich da noch habe? Available 1010, kostet 650, Revolver Reload Speed is increased. Ich brauche halt auch so selten, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiss nicht, ob ich jetzt so viel ausgeben soll für etwas, das ich fast nie brauche. Ich glaube, ich warte noch, Chat. Ich spare mir das Geld ein bisschen, weil vielleicht kommt irgendetwas, wo ich irgendwie 1000 oder so muss ausgeben muss, wo viel geiler ist. Ja, dann noch schnell Bouillon kochen und hartes Brot, bevor du morgen wieder sehr alt bist. Ja. Highway Racer, please don't feed the trolls. Ich habe ja das letzte Mal schon gesagt, don't feed the trolls. Es ist nicht gemeint, I get it, lass es sein. Es ist einfach so, wie es ist. Weil du machst dir einen Aufwand, ich muss es lesen. Es bringt niemandem etwas, weil don't feed the trolls. Seit wann spielen wir das auf Englisch oder schon die ganze... Aha! Merci vielmals fürs Bescheid sagen. Das habe ich jetzt natürlich nicht gecheckt. Wo kann ich das ändern? Da habt ihr absolut recht. Ja, wie kann ich das jetzt ändern, Chat? Oh mein Gott. Ich will das schon konsistent behalten. Ist mir jetzt gar nicht aufgefallen. Audio. Shit, also da sehe ich es nicht. Video. Ich habe das im Xbox Game Pass Gedöns drin. Manchmal muss man es außerhalb vom Spiel ändern. Oh, come on, kann ich das nicht einfach hier ändern? Ich habe gar nicht checken, dass ich da... What the fuck? Nein, das nehmen wir so. Da nehmen wir den da rein, das finde ich. Streamer Mode habe ich rausgenommen mit Absicht. Mit Absicht. Das Risiko gar nicht. Sir Simple, grüezi. Wie hast du es, Sir Simple? Wie geht's dir? Ist das in der Fall? Oh, hey, nein, jetzt muss ich... Okay, jetzt gehe ich nochmal raus, Chat. Ich müsste da wahrscheinlich nochmal schnell Quit Game, machen wir nochmal schnell Musik rein, Chat. Verdammt noch einmal. Oder habe ich es jetzt in der Option? Ich muss das wahrscheinlich außerhalb vom Spiel einstellen. Wo ist Musik? Xbox. Also wenn das jemand weiss, wie man das im Xbox Launcher oder wie das auch immer heisst auf dem Windows PC mit dem Game Pass und so, wie man das einstellt, lasst es mich wissen. Rechtsklick aufs Spiel, probiere ich schnell. Manage. Files, Add-ons. Hinten links, ja genau. Ich bin zwar Indiana Jones, aber leider kann ich dir nicht helfen, da ich keinen Zugriff auf solche Easter Eggs habe. Wow. Das ist jetzt, ja, das ist sehr nützlich gewesen. Ich sehe kein Language Pack im Moment. Shit. Hey,
Bin wieder nicht vorbereitet auf so Zeug, Chat. Wo kann ich... Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Nein! Das habe ich auch schon lange nicht mehr gehört, Chat. Das habe ich schon ewig nicht mehr gehört. Kann es sein, dass du dumm bist? Change Language, Indiana Jones, PC. Open Settings. Aha. Ich muss die ganze Xbox-App irgendwie umdingseln. Also ich probiere das schnell. Ich habe da eine Anleitung gecheckt. Apps and Features, Apps and Websites. Few moments later. Wieso ist das so kompliziert, Chat? Advanced Options. A few minutes later. Ich will doch nur das Spiel spielen, Chat. Ich will wirklich einfach nur das Spiel spielen. 6.5 hours later. Ich muss ohne Scheiß das ganze System umstellen. Are you fucking kidding me? Also der halt. Stört mir sicher den OBS. 3 days later. Irgend so einen huren Scheissdreck. So Xbox App schließen. 3 weeks later. Dann muss ich da beenden, close, sign out. Many months later. Settings. App. Notifications. 2000 years later. Chat, wir werden das nicht mehr schaffen, bevor ich im Altersheim bin, Chat. 1 eternity later. Fienchen. Nice one. Come on, Xbox. Oh, wieso? Jetzt ist es so statisch da. Es ist immer noch Englisch. Ich drehe durch, Chat. Es ist immer noch Englisch. Jetzt ist es Deutsch, Chat. Hey, listen! Listen! Nein, ich tue nicht das System komplett umstellen. Ich tue die App-Sprache umstellen, tatsächlich. Hast vorhin falsch gesagt. Ich glaube, jetzt haben wir es Deutsch, Chat. Ich glaube, jetzt haben wir es Deutsch. Jetzt probieren wir das nochmal. Verdeckeln nochmal. So, Chat. Gameplay! So, please. Jetzt werde ich es aber auf Deutsch haben. Chat, ich schnell meine RAM habe ich schnell ausgebaut. Ja, schnell die Festplatte formatiert. Und defragmentiert vor allem. Chat, da vermisse ich mega. Das ist jetzt immer noch Englisch. Oh, let's go, wir haben es Deutsch. Chat, wer vermisst das? Festplatte defragmentieren. Und dann hat man die Blöcke gehabt. Und dann hat es so gerattert, stundenlang. Und wir können zuschauen und so. Oh, Ordnung. Ordnung. Nicht? Bert, okay.
Hast du das nicht miterlebt oder hast du das einfach nie gemacht? Bert hat gedacht, brauche ich nicht. Fragmentieren, für was auch? Gut, vielleicht bist du auch zu jung. So, Chat jetzt gut. So, jetzt machen wir das nochmal. Wir machen nochmal das Gleiche wie vorhin. Buongiorno, buongiorno. Se ne occuperà Boss, vedrai. Genau. Schnell Ausrüstung checken. Wir haben noch einen Verband, brauchen wir gerade nicht. Wir haben 10 Reparaturkästen dabei. Ich glaube, ich habe noch nie einen gebraucht. Revolverkugeln haben wir 11. Uraltes 6. Dann haben wir den Stein von Machu Picchu. Und der andere Stein von Machu Picchu. Total defragmentieren alle 2 bis 3 Monate. Super, einen halben Tag, an dem man PC nicht nutzen konnte, weil die HDDs damals so dreckslangsam waren. Das ist so befriedigend. Absolut. Ich habe das geliebt. Aber ohne Scheiß, der Wechsel von HDD auf SSD war für mich wirklich das Grösste gewesen. Also der grösste Speedboost, den ich jemals erlebt habe. Aber ich glaube, das ist auch so. Den Flaschenhals wegzubekommen, das merkt man einfach direkt. Schnelles Händchen, hä? Lieber Chat, jederzeit, wenn ihr das Gefühl habt, es ruckelt plötzlich und ich sehe es nicht, sagt mir bitte Bescheid. Also, vor allem, wenn es störbar ruckelt. Meine Ruckler kann ich wahrscheinlich nicht verhindern. Was haben wir da für einen Clip? Das gucken wir. Ja, das ist das. Ihr habt die Zeit super überbrückt, Chat. Fienchen vor allem. Nice one. Geiler Clip, Chat. Aber ich tue das schnell abwürgen. Wir haben sie alle gesehen vorhin. Und mir war wichtig, aber auf dem LimeWire runterzuladen. Das fühle ich voll, Bert. Ja, man muss Prioritäten setzen. Ich meine, den Fragmentieren hätte man auch so über die Nacht einig können, aber gleich, auch dann lädt man ja runter. Bin ich da jetzt drin gewesen? Ja? Zum Glück habe ich so viele Punkte. Wieso hast denn du so viele Punkte, Fienchen? Ein Mysterium. Hallo? Hey, was ist... Haben ihr mich noch nie gesehen? Ich bin Indiana Jones. Grüezi wohl. Buongiorno. Buongiorno. Grüezi wohl. Ich habe ein Feuerzeug dabei. Schau mal. So, Chat. Aber beim Windows 95 defragmentieren ist meditativ gewesen. Ich habe es eben auch so entspannend gefunden. Einfach das Geräusch und man hat ja gar nicht gewusst, was endlich passiert. Aber man hat auch gewusst, man macht jetzt irgendwie Ordnung. Wir räumen auf und man sieht es irgendwie, man hört es irgendwie. Das habe ich schon mega nice gefunden. Ja, das lese ich schnell vor, Chat. Als Mod kann man sich dann auch selber zurückgeben. Ist es so? Also da, ohne Scheiß, ich rede da meine Mods nicht drin. Wenn sie das Gefühl haben, sie gehen sich zurück, dann so be it. Ja, damit meine Mods selber wissen, wie sie das handhaben. Aber wenn Fienchen sagt, machen wir da nicht, dann finde ich es fair. Ja? Dann muss ich sagen, finde ich fair. Gegenüber auch allen anderen. Also, Chat, Artikel über die Rebellen. Könntest du mal den Schlitten haben? Ich wollte jetzt lesen. Artikel über die Rebellen attackieren ausländische archäologische Expedition. Ist das attackieren ausländische archäologische Expedition. Okay, Strub. Nach einer ganzen Reihe von Rebellenangriffen auf die ausländische Expedition in Sukhothai hat der General geschworen, das Blutvergießen zu beenden. Die Expedition wird nun aus Sicherheitsgründen von
Würdest du schnell den Schlitten... Mach doch einfach Gina. Ich will da schnell lesen, Mann. Da regt mich ohne Scheiß immer auf. Die Expedition wird nun aus Sicherheitsgründen von Soldaten begleitet. Die friedlichen Bewohner der Gegend betrifft das nicht, sagte der General auf die Frage, ob die Bewohner rund um die Ruinen von Sukhothai Einschränkungen erfahren würden. Die Soldaten sind lediglich dazu da, der sinnlosen Gewalt durch die Rebellen einen Riegel vorzuschieben. Die Rebellen sind in Sukhothai aktiv geworden, nachdem durch den fehlenden Aufstand in Krung Thep viele von ihnen nach Norden flüchten mussten. Okay. Interesting. Wenigstens setzen sich die Leute zur Wehr. Ja, finde ich ja. Oh, check. Oh mein Gott, Mangostane, wie geil. Ich werde das sehen, wie das aussieht, wenn er eine isst. Ich liebe die. Oh mein Gott, Chat, habt ihr die schon mal gehabt? Mangostan. Das ist ohne Scheiß. Es gibt meiner Meinung nach keine geilere Frucht. Absoluter Oberhammer. Sind fein, aber es ist so wenig für den Preis. Ja, das ist halt da. Ich kann es euch sagen, ich habe halt meine Erfahrungen auf den Philippinen gemacht mit dieser Frucht. Also wir haben, es ist ungelogen, haben wir dort, also meine Eltern haben dort mal so eine Plantage gehabt. Ja. So eine grosse Fläche, wo alles Mögliche gewachsen ist. So Bananen und so und Mangostane. Und dann habe ich dort amigs frische, direkt gepflückt, frische Mangostane können essen. Und das war absolut fucking geil gewesen. Aber ja, erstens die man in der Schweiz jetzt hier bekommt, immer so ein bisschen, ich muss pausieren, direkt mich auf. Die man in der Schweiz bekommt, so im Dezember, glaube ich, ist immer ein bisschen der Fall. Die sind erstens, merkt man, dass sie nicht frisch sind, weil die sind schon recht hart, also die Schalen ist schon recht hart. Und man bekommt halt wenig für den Preis, da wo jetzt Fienchen gesagt hat. Wir haben eine Bananenplantage auf Tenerife, ohne Scheiß. Ist das die stinkt? Nein, das ist Durian. Durian ist die stinkt. Das ist wirklich, also da kann ich euch garantieren, wenn ihr Früchte gerne habt, ich weiss natürlich nicht, ob es so Allergien gibt, das weiss ich jetzt nicht. Aber ich könnte euch garantieren, alle von euch hätten die Frucht gerne. Das ist nicht wie Durian, wo die meisten dann sagen, wie kann man das essen? Oder einmal einen kleinen Teil, okay. Kann ich dich muten? Das ist fieses Gelüstle, das geht nicht. Oh, ich hätte jetzt auch so Lust auf... Oh, hey, aber tu doch... Pack das Hurenzeug zuerst aus, also so isst man die Frucht nicht, Chat, auch als es gesagt hast. Das ist eine Schale, die nimmt man zuerst weg. Und dann hat sie so kleine, weisse Fruchtfleischdinger drin, die isst man dann. Gina. Da vorne ist dein Telefon. Gut, danke. Danke. Dann wir da schnell ein bisschen Milchteebrot, Gegenstands... Dann können wir da mal schnell essen. Dann wir schnell essen, was wir können. Wir essen alles, was wir können. So. Darf ich euch auch noch etwas klauen? Nein. Ist, glaube ich, gut. He? In letzter Zeit esse ich viel Drachenfrucht. Das ist aber auch, das finde ich auch nice. Ich weiss nicht, ob es bei mir ist, aber ich habe gerade 2 kleine Unterbrüche vom Stream. Check, kann das jemand bestätigen? Hat sonst jemand auch noch Unterbrüche gehabt? Bei mir sieht alles gut aus, soweit. Ja, Vermittlung. Ein internationales Gespräch, bitte. Ich auch. Was haben wir für Zeit? Ich habe in der letzten ein bisschen gemerkt, dass irgendwann mal plötzlich so einen kleinen Unterbruch kommt. Aber ich bin wieder da, Chat. Ich bin wieder da, oder? Haben wir nicht viel verpasst? Also, ist es nicht lang gewesen? 2-mal Mikrounterbruch. Also, dann, ich glaube mal, vielleicht einfach einen kleinen Unterbruch. Aber solange alles jetzt gut ist, kein Grund zu sagen. Marcus, hast du die Seite? Merci für die Info. Du hattest recht, Indianer. Es gibt Legenden über eine verschollene Zikorat im Dschungel von Sukhothai. Zikorat? Soll es angeblich spuken. Die Khmer meiden sie.
Doch auf Legenden kann man nicht bauen. Sie sind wohl beschäftigt, dann komme ich später. Da ist ein bisschen Sass hier in der Chat. Ich glaube, wir sind nicht erwünscht. Selbst wenn es sie gäbe, wüsste niemand wo. Das dachte ich mir. Keiner an der Rezeption. Wie geht's Ihrem Freund? Wer ist das? Eine Frauengeschichte? Nein, natürlich nicht. Mag es Eine ein Frauengeschichte? Klingeln hilft. Hab ich gemacht. Dann nochmal. Noch dran, Marcus? Indiana, ich muss dir was sagen. Oh. Und zwar? Oh. Die Universitätsverwaltung. Oh oh. Rappi, Achtung. Sie haben beschlossen, dich zu feuern. Eine Sekunde. Rappi, jetzt wart schnell. Ich bin am Telefonieren. Hab doch gesagt, dass du nicht mitten im Semester verduften kannst, alter Junge. Also bitte. Marcus, ich habe hier gewisse Verpflichtungen. Entschuldigen Sie mal. Oh, der Dude. Der Dude. Sind Steine. Wo sind Steine? Hallo, Locus. Warum fragen Sie nicht Voss? Der hat sie im Vatikan eingesackt, nicht ich. Letzte Chance, abzuhauen. Hallo. Leben wertvoll. Indiana? Selbst Ihres. Bist du da? Sawadika? Vielen Dank, überaus hilfreich. Hallo? Eine Drohung. Vermittlung? Istrat. Die Verbindung ist unterbrochen. Hallo? Vermittlung? Oha. Jones. Was ist los? Du hast auch alles verpasst, China, oder? Nichts. Hat etwas gedauert? Doch jetzt haben wir endlich Zimmer. Also Zimmer, Mehrzahl, oder? Also Jones. ein Zimmer. Doppelbett und so. Schlüssel für Ihr Zimmer. Für mein Zimmer, also für unser Zimmer. Danke. Okay. Wir sehen uns morgen. Nein, China! Chat, ich muss schnell Chat lesen. Hey Rappi, wie hast du es? Schön, dass du da bist. Hello, hello. Was für ein langes Wort zum Schreiben. Ich muss hier noch kurz. Ich halte meine Vitamine und Nahrungsmittel aufrecht. Ich esse zu wenig Obst, vergammelt zu schnell. Nahrungsergänzungsmittel. Ja, aber da mit dem Vergammeln ist aber schon so, oder, Chat? Das nervt mich auch so. Und ich weiss, ich als Weile bei Hello Fresh habe ich ein Abo gehabt. Es ist ja so, wie es ist, ich das wollte testen. Und das hure Gemüse ist einfach immer schon halb verfault angekommen. Und ich dachte, ja, wow, geil. Dann muss ich gefühlt 3 Menü am ersten Tag essen, damit dieses Zeug noch... Ja, ihr wisst, was ich meine. Das war mega mühsam gewesen. Oder Candyman indeed. Es ist halt der Candyman. Locus ist doch ein anderes Wort für WC. Ist es so? Da weiß ich nicht im Fall. Doppelbett klingt gut. Ich glaube, wir haben kein Doppelbett. Ich glaube nicht. Haben wir alles gelootet? Ich muss da noch schnell den Loot-Check machen. Gehen wir da noch schnell raus? Haben wir da noch etwas? Und wir könnten jetzt da noch im ganzen Dorf ein bisschen rumlooten, oder? Oh, Chat, was meint ihr, wenn wir da schnell ein bisschen rumlooten? Oh nein, ich komme in Frieden. Ich habe nur ein bisschen Licht gebraucht. Ja, wir looten ein bisschen um, Chat. Gerüchte um Diebstahl archäologischer Schätze in Sukhothai. Die Delegation ausländischer Archäologen, die die Ruinen von Sukhothai besucht hatte, sieht sich Diebstahlvorwürfen ausgesetzt. Laut Zeugenaussagen haben die zum Schutz vor Rebellen abkommandierten Begleitsoldaten wertvolle historische Artefakte gestohlen, um sie per Schiff nach Europa zu verbringen. Der General der königlichen siamesischen Armee in der Region Sawan-Kal-Ok versuchte, die Gerüchte zu zerstreuen. Diese Expedition wurde von Italiens großem Führer Benito Mussolini entsandt, um Wissen zu beiderseitigen Nutzen auszutauschen.
sagte er. Laut General werden die Archäologen ein paar Tage mit ortsansässigen Gelehrten zusammenarbeiten und dann nach Hause zurückkehren. Wir sollten stolz darauf sein, wie wichtig unsere Geschichte weltweit wahrgenommen wird, fügte er an. Solange der General entlohnt wird, kann Voss sich alles erlauben. Okay, was denkst du? Wie bei Witcher-Alben, wenn er Alben eingekehrt ist in bestimmten Häusern. Ich habe es nie gespielt, aber ich glaube, ich weiß, was du meinst. Bitte sperr mich nicht für 14. Sorry, ja, das war wirklich ein Versehen. Das mache ich nicht mehr. Und sonst, liebe Mods, wenn ihr merkt, jetzt hat der Troy völlig überreagiert, ja, dann sagt mir Bescheid oder ja, macht mich einfach darauf aufmerksam. Der Rappi auch 14 Tage gesperrt, Mann. Statt 3 Minuten. Indonesien sind wir in dem Fall. Ich glaube, wir sind in Indonesien. Ja. Hey. What the fuck? Was war jetzt da für ein Move? Okay. Stellt euch vor, dann sind ihr da gemütlich da in eurem Zuhause in Indonesien. Dann kommt da so einer mit dem Hut, oder? Kommt auch überall das Zeug stellen. Es ist ein bisschen dunkel, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ob wir das vielleicht am Tag machen sollten. Chat, ich glaube, ich gehe schnell schlafen, machen wir das am Tag. Wir werden wieder Gelegenheit dazu haben. Wenn er es nochmal macht, tue ich dann den Treubann. Und dann kommt echt Pfeinchen, dann gehe ich so weg. Und dann kommt echt so Pfeinchen. Und tut weiter streamen. Auch der Channel gehört dann irre. Grüezi. Ist das hier unser Zimmer? Ich glaube, das ist unser Zimmer. Okay. Es brennt. Chat, ich habe etwas angezündet, verdammt. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich wollte nur schnell Licht haben. This is fine. Okay, ich glaube, sie kommt nicht Antonio Margareti. Margareti. Vergessene Seite. Ich bin im Hotel angekommen, fern der geschäftigen Hallen der Lilu Dallas Multipass. Chulalongkorn-Universität. Obwohl ich eben erst eingetroffen bin, kann ich es bereits spüren, wie die Ruhe von Sukhothai auf mich abfärbt. Ich hatte diesen Tapetenwechsel dringend nötig, genau wie die Arbeit im Feld. So sehe ich die alten Bücher auch liebe. Ich muss die Wahrheit selbst enthüllen und mich auf die Spuren von Prinz Vairavut bei seiner Erforschung der Ruinen von Sukhothai begeben. Obwohl ich hier aufgewachsen bin, musste ich erst Geschichte einer Exkursion in die Stätte König Ruangs lesen, um zu begreifen, wie viel unserer Geschichte noch im Dunkeln liegt. Ich habe ein wundervolles Foto gefunden, auf dem Prinz Vai, ich sage jetzt auch Vai, in der Bibliothek der Universität zu sehen ist. Möglicherweise war er gerade mit der Vorbereitung seiner Reise zu den Ruinen von Sukhothai am 4. Januar 1907 beschäftigt. Ich frage mich, inwieweit sein Studium in Oxford ihn dazu bewogen hat. Morgen mache ich mich über den Fluss auf den Weg zum Dorf. Ich habe Geschenke für Onkel Sunan und Spiegelei. Es Spiegelei checkt. Dabei. Fühlt sich gut an, wieder hier zu sein, ob das alte Baumhaus noch da ist. Vielleicht kann ich es zum Stützpunkt für meine Feldstudien machen. An der Universität war ich schon ziemlich oft. Schnell pausieren, schnell Chat lesen. Wie der Troy einfach bei allen NPCs
Nasenhaar abflammt. Das muss einfach sein. Das muss einfach sein. Er wäscht alles weg. Hello, how are you? I am under the water. Please help me. Here, Tut mir leid wegen Laura. Ich weiß nicht wohin, wenn das hier vorbei ist. Jedenfalls nicht ins alte Leben. Was ist mit Ihnen? Was werden Sie tun? Schätze mir wohl einen neuen Job suchen. I don't think so. Isal Mitrandir raidet mit 16 Lüt. Ein Raid von Isalm in Trandir. Grüezi. Da, 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 da. Oha. Oha. Chat. Sehr kurz. Ruckelt es irgendwie? Nein, es ruckelt klappt nicht. Alles gut. Liebe Raiders. Liebe Raiders. Soll ich kurz auf Hochdeutsch? Bin mir jetzt gar nicht sicher, ne? So, ich mach kurz auf Hochdeutsch, ne? Macht wahrscheinlich mehr Sinn. Isal mit Trandir. Sage ich das überhaupt richtig? Gibt es irgendwie so einen Kurznamen für dich? Ich kann mir das gerne notieren, wenn du sagst, hey, ich bin einfach Isal oder wie auch immer, Trandir. Isal, okay, let's go, dann machen wir Isal. By the way, es ruckelt hier zum Teil ein bisschen, das ist wegen dem Spiel, das noch läuft. Aber sonst sollte eigentlich alles laufen. Moment kurz. So, Isal, danke nochmals für den Raid und liebe Raiders, ich bin der Troy, ich bin aus der Schweiz. Bei mir gibt es viele interaktive schweizerdeutsche Unterhaltung mit vielen Spielreiheneffekten, viel Just Chatting und Hashtag eventuell auch mal Gameplay. Aktuell sind wir in Indiana Jones The Great Circle drin. Was gab's denn bei euch? Was gab's bei euch, Isal? Und wie war dein Stream? Und wir machen noch ein Foto. Ich hoffe, das ruckelt hier nicht zu sehr. Uiuiuiuiui. Uiuiuiuiui. Nee, es geht noch so, ne? Lieber Chat, liebe Raiders, kommt doch alle einmal aufs Foto drauf mit Ausrufezeichen Foto. Okay, hier die Animationen zum Draufjoinen sind ein bisschen rucklig, aber egal. Let's go. Ausrufezeichen Foto. Dann kommt ihr mit eurem Profilbild mit aufs Foto drauf, zusammen mit dem lieben Isal und mir und euch. Und Isal, du kannst dir noch was auswählen. Auf der linken Seite hat es diverse Chatbefehle. Du kannst dir auswählen, was neben dir aufs Bild soll. Genau, du bist schon drauf, Isal. Du bist schon drauf. Genau, du bist groß drauf hier, ne, mit mir. Alles gut, alles gut. Ich weiß, es ist ein bisschen verwirrend. Es ist ein bisschen mehr, dass man nach dem Raid plötzlich tun muss als bei anderen Streamers. Aber so ist das bei mir. Ich habe mir gedacht, hey, wenn jemand zu mir raidet, muss das so ein Erlebnis sein, ne, Chat? Und Alpha-Männchen, grüezi. Alpha, wie geht's dir? Schön, dass du hier bist. So, Chat, wir haben noch viel Platz. Wir sind 19 Leute. Da gehen noch mehr, ne, Chat? Da gehen noch mehr. 20 Leute, let's go. So, ich gucke noch kurz, was du noch geschrieben hast. Monster Hunter Worlds gab's. Bin noch recht frisch, hab vor einem Monat angefangen und baue gerade alles auf. Also du baust alles auf in Sachen Streaming jetzt. Oder in Monster Hunter Worlds. Es klingt jetzt nach Streaming, ne? Ja, dann, jetzt, ne? Jetzt gucken wir natürlich direkt rein. Jetzt gucken wir uns einen Clip an. So machen wir das hier. Showclip 1. Isal. Epische Musik hier.
Oh, ich hoffe, das ruckelt jetzt nicht, Chat. Okay. Ja, hier ein Clip von Isal. Ja, ich hab's gesehen. Es war halt ein Testclip. Es war halt ein Testclip, was jetzt hier kam. Aber jetzt haben wir so ein bisschen ein Bild, ne, Chat? Aber jeder Streamer hat mal angefangen und so. Alles gut, ne? Alles gut. So, Chat. Wo ist die Musik? Awkward Silence hier. So, letzte Chance. Oh, 24 Leute, letzte Chance. Ausrufezeichen Foto, dann machen wir das Foto zusammen. Und dann, Chat, ich glaube, dann wäre da wirklich der Balken voll, mehr als voll. Jetzt muss ich aber kurz fragen, Isal, wärst du in 20 Minuten noch da? Wärst du in 20 Minuten noch da und auch liebe Raiders natürlich für einen Bosskampf? Das ist jetzt die große Frage. Weil dann würde ich zuerst noch ein bisschen Gameplay machen und dann machen wir in 20 Minuten noch den Bossfight. Okay, das ist gut. Dann machen wir das so, Isal. Machen wir jetzt noch das Foto. Das Foto inzwischen 7 und 15 Sekunden. We're done. When I say we're done. Walt, geh jetzt auf die Seite. Ich will gucken, wie das geworden ist. Okay, aber es ist nicht schlecht, ne, Chat? Es ist nicht schlecht. Love it. Hier, das Ruckelfest hier. Hey, Isal, hier unser Foto. Ab jetzt auf dem Discord. Ausrufezeichen DC, merci Specko. Und ich markiere dich dann auch in einer Insta-Story, in einer Twitch-Story. Und das Foto kann man sich auch in physischer Form bestellen. Link im Chat. Genau, und dann würde ich sagen, gehen wir noch ein bisschen ins Gameplay rein. Und dann, oh, habe ich einen Timer gestellt. Let's go. In 20 Minuten machen wir dann Bossfight. Ich lasse den Timer oben laufen. Ihr könnt auch, ne, wenn ihr euch nicht spoilern lassen wollt, bei Indiana Jones könnt ihr auch selbst noch einen Timer stellen. Seid wieder da, wenn der Bossfight losgeht, weil ich verspreche es euch, es wird episch. Ihr kämpft gegen mich. Rundenbasiertes Kampfsystem, habe ich alles selbst gebaut und ja, ihr bekommt dann einfach auf die Fresse, ne, Chat. Und verliert dann am Schluss. So, Indiana Jones it is. Spiel fortsetzen. Sie. Sie? Könnt euch doch bitte duzen. Sie meinte, ich sei zu beschäftigt mit der Vergangenheit. Aha. Hab viele Versprechen gebrochen. Wie die Veranda zu reparieren. Merci, Platsch, für die Info. Dann ist das meine Vorschau. Auszugehen.
Ja, ich weiß schon, Sie können sehr abweisend sein. Aber wissen Sie, beim Kennenlernen dachte ich, Sie wären ein herzloser Grabschänder. Ein herzloser Grabschänder, sagen Sie. Und was denken Sie jetzt? Ich lag falsch. Sie haben ein Herz. Also nur ein Wow. Grabschänder. Wir alle haben Schwächen. Naja. Jetzt lässt wieder einer Feuerwerk ab, Gottverdeckel. Jetzt lässt wieder einer Feuerwerk ab. So, Das ist wie da, was Jenny erzählt hat. Was ist los? Wir müssen hier raus. Runter in die Lobby! Das hat jetzt super gut ausgesehen. Will Smith hat sich gerade aus einem Bild rausgeflattert. Wie gut. Wie gut. Jetzt hat wieder... Was ist jetzt passiert? Jetzt wollte ich doch schlafen und so. Und dann ist Tag und dann gehen wir looten. Aber nein, natürlich nicht, oder? Nein, natürlich nicht, Chat. Das ist auch gut, dass... Oh shit, wir haben wirklich Action, oder? Nehmt das, ihr Lümmels! Oh shit. Oh, nochmal. Was ist jetzt da los, Mann? Wow! Oh, shit. Okay, oh, fucking hell. Ja, wo gehen wir raus? Wo geht's denn hier raus, Mann? Chat, Mann. Ich hab's verkackt. Ich hab's verkackt. Jetzt wär's mal romantisch und irgendeiner macht F4 Feuer. Ja, macht echt Feuerwerk. Gönnt ihr einen Snooze und zeigt uns dieses Premium-Gameplay ohne Skill-Issue. iDefenders, let's fucking go. Snooze ist schon montiert. Und das war jetzt nur schnell einwärmen, mal schnell schauen, was würde passieren, wenn ich sterbe und so. For Science. Jetzt kommt natürlich das richtige Gameplay. Aber ich werde das noch schnell sehen, Chat. Ich werde da noch schnell den Clip sehen von Fienchen. Wo der Will Smith kommt. Das ist schon gut. Das ist echt gut. Das ist echt gutes Timing. Troy ist eher so der Sniper, sieht das? Oder auch nicht? Ja, es ist so ein bisschen, ja. Der Stickdrift und das Ruckeln, Chat. Also weißt du, ich lebe ja immer noch. Aber wo ist mein Fedora? Nein, wo ist mein Fedora, Mann? Ich sehe doch nichts. Ich bin gestorben. Das habe ich nie gehabt, dass ich meinen Fedora muss holen muss. Zum quasi Last Chance und so. Ja, aber jetzt nur For Science schnell getestet. Wieso auch noch so an die Hänger schnellt Birgina? An die Hand? Aha, ja, ist true. So, jetzt beruhigt euch schnell. Ich esse jetzt da schnell ein bisschen Früchte. Ja? Eins nach dem anderen. Prioritäten setzen. So. Gut. Da schnell eine durch-reloaden. Das muss auch sein, Chat. Fedora. Fedoralala. Oh, Chat. Ich sammle dann mein eigenes Zeug, die anderen Waffen auf. Stopp! Sie werden das Hotel angreifen! Wir können helfen.
Ich muss mir da ein Plätzchen suchen. Ich glaube, das ist auch mein Plätzchen da. Ja, genau. Ja, genau, da fliegt das Käppi davon heim. Sind jetzt da schon alle draufgegangen? Shit, Mann. Komm da hin, komm da hin. Oh, ich habe keinen Schuss mehr. Wo müssen wir jetzt hin? China? Ich bin schon richtig gewesen, da, oder? Oh mein Gott, Chat. Nadia rated mit 36 Blut. Nadino! Oh, ich bin gerade ein bisschen überfordert im Spiel, ne? Aber du hast mich jetzt gerettet. Dienchen, du hast mich gerettet. Ich war in einer ganz, ganz doofen Situation. Es war kein Skill-Issue, Chat. Kein Skill-Issue. Nein. So, Chat, Musik und liebe Raiders. Liebe Raiders, wie geht's euch? Schön, dass ihr hier seid. Dino, danke für den Raid. Und wie war dein Stream? Wie war Elden Ring? Wie weit bist du eigentlich noch nicht fertig mit Elden Ring? Aber du bist schon bald fertig, oder? Du bist jetzt noch am Komplettieren, irgendwie alles noch am Machen und so. Ich habe letztes Mal noch ein bisschen zugeguckt. Bist ja völlig OP unterwegs, ne? Das ist auch geil, Dino, ne? Da kommt so ein Boss und sagst du, ja, oh nee, jetzt müssen wir gegen den Boss fighten. Machst du irgendwie 3 Schläge, ist der Boss weg. Und ich so, what the fuck? So völlig OP. Aber hey, iDefenders, Nadino, Blotto, Snips, grüezi miteinander. Ich bin der Troy, ich bin aus der Schweiz. Bei mir gibt es viele schweizerdeutsche Unterhaltung mit vielen Spielereien, Interaktivität, Effekten, viel Just Chatting und Hashtag eventuell auch mal Gameplay. Und aktuell sind wir in Indiana Jones The Great Circle drin. Also wir sind nicht in Indiana Jones drin, sondern im Spiel Indiana Jones. Und ich habe da auch gar keine Mühe, ne? Ich sterbe da auch nie. King Piranhas, hallo, wie geht's dir? Schön, dass du hier bist. Wenn man überlevelt ist, läuft das so. Wenn man im aktuellen Gebiet ist, sieht das anders aus. Okay, alles klar. So, Chat, wir machen zuerst noch ein Foto mit Nadino. Und ihr seht, wir haben bereits den Bossfight-Countdown drin. Das heißt, in 10 Minuten würden wir dann auch mit dem Bossfight starten, Dino. Und dann wärst du da auch Dungeon Leader. Let's go. Jetzt muss ich kurz lesen, was Dino noch geschrieben hat. Jeden Tag eine gute Tat. War toll, hat Spaß gemacht und wir sind gut vorangekommen. Okay, let's go, let's go. Jetzt gucken wir uns natürlich wieder mal einen aktuellen Clip an. Mal gucken, ob wir da was erwischen, was Cooles. Oder vielleicht ein bisschen gestruggelt hast, ne? Oder vielleicht hast du auch einen Boss besiegt, wer weiß. Showclip 1. Kommt alle noch aufs Foto mit Ausrufezeichen Foto, Ausrufezeichen Fettle. Oh mein Gott, what the fuck? Das ist mega süß. Oh. Oh. Oh, aber es ist halt schon super süß. Der Blick. Chat, wann hat Nadino Geburtstag? Schenken wir Nadino ein kleines süßes Häschen auf den Geburtstag, ne?
Jetzt wissen wir, was zu tun ist, ne, Chat? Let's do this, aber es ist echt mega cute. So, und ich lese noch kurz. Oh Gott. Oh, Kaffee Kostner, let's go. Let's go. Chat, der Kaffee Kostner. Sorry, liebe Nachbarn, sorry. Hilfe. Ich schaff's nicht. So, wer ist noch nicht drauf, Chat? 26 Leute sind wir. Lance ist auch auf dem Foto. Lance, wie geht's dir? Schön, dass du hier bist. Und ich lese mal noch ein bisschen Chat und dann machen wir das Foto. Und dann, wie gesagt, in 8 Minuten startet dann noch der Bossfight. Dienchen, nicht Fienchen. Aber ich habe jetzt nicht wieder Fienchen gesagt. Ich habe jetzt aber Dienchen gesagt, ne? Chat, jetzt verarsch mich nicht. Habe ich wieder Fienchen gesagt? Ja, vielleicht habe ich ja mit Fienchen geredet, ne? Fienchen ist auch toll. Dienchen ist aber auch toll. Das habe ich schon gelesen. Sorry, es ruckelt hier ein bisschen im Overlay. Vielleicht bei euch nicht. Bei mir ruckelt alles ein bisschen. Das ist wegen dem Spiel. Natürlich sind wir im Indie drin. Also mit der China. Ja, okay. Ja, guck mal. Da komme ich ja genau richtig. Ja, richtig fürs Foto und dann der Bossfight. Und vielleicht dann noch ein bisschen Gameplay, ne? Sind nicht bei dir mal Nachbarn Troy, oder ist das bei jemand anderem gewesen, wo ich dabei war? Ich habe mal erzählt, dass Nachbarn geläutet haben, weil ich zu laut war, ja. Aber das ist, glaube ich, dort habe ich noch nicht gestreamt. Dienchen, kann ich bestätigen, let's go Blotto. Danke fürs Aufklären. Ne? Ich habe Dienchen gesagt. Aber ja, für die es nicht wissen, Fienchen, mein Mod oder einer meiner 3 Mods, ja, ist halt ein bisschen verwirrend. Ne? Ich bin jetzt auch schon alt. Ich kann das nicht mehr so mit den Namen und den Unterschieden und so, Fienchen, Dienchen, ne? Das ist zu viel für mich. Mir geht es dermaßen fantastisch gut, dass ich es kaum in Worte fassen kann. Ich hatte 8 Tage Urlaub, wir haben Pen and Paper gehabt, ein Freund hat mich 5 Tage besucht mit Übernachtung. Alles eine Wohltat für die Seele. Oh, Lance, das ist sehr nice. Also so entspannen, so ein bisschen dem Hobby nachgehen, ne, mit Pen and Paper, Freunde, das klingt sehr nice. Nein, ich bin live dabei gewesen, als die Nachbarn gekommen sind. Das war ein Gaudi. Das war nicht bei mir. By the way, lieber Ray, was ihr teilweise hört, ist halt das Schweizerdeutsch. Ich versuche für euch jetzt noch ein bisschen Hochdeutsch zu reden. Aber nachher dann, nach dem Bossfight, machen wir dann wieder Schweizerdeutsch. So, Chat. Sind wir ready für das Foto? Danke für den Raid als Titel. Das hier kann weg. Hey, Sicaro, grüezi. Sicaro, auch noch auf dem Foto. Wie geht's? So schön, dass du da bist. Hello. Und hinzu kommt, dass ich im März für ein Turnier trainiere. Videogame Speedrun. Oha. Was für ein Spiel denn? Also ist das schon festgelegt? Welches Spiel? Oder wird das noch festgelegt? Oha, im März. Musst du dann berichten, wie es war, Lance. Nimmt mich Wunder. So, 27 Leute. Let's fucking go. Was habe ich denn? Letztes Mal hatte ich einen Grogu, ne? Ich biete jetzt Dienchen eine Banane an. So. Let's go, let's do this. Foto in zwischen 7 und 15 Sekunden.
Okay, das. Chat, wieso? Es ist nicht zweideutig, ne? Come on, Chat. Chat. Oh, come on, Chat. Nadino, hier unser Foto. Ab jetzt auf dem Discord Ausrufezeichen DC, merci Specko. Und ich mache dann wieder eine Story auf Twitch und Insta, wo ich dich markiere. Und Foto kann man sich auch in physischer Form bestellen. Und Chat, ihr macht es immer zweideutig, ne? Nicht ich. Ihr macht es immer zweideutig. Das war jetzt nicht irgendwie so, ne? Aber ich lieb, Chat, ne? Aber ich lieb. Schwierig. Schwierig. Uff. Ne, aber Nadino, ne? Wir können nichts dafür. Es ist immer Chat. Es ist immer Chat. Da sagt man kann sagen, was man will. Es ist direkt zweideutig. Pedro isst gemütlich sein Sandwich. Also bei aller Liebe, aber da kann man Zweideutigkeit nicht absprechen. Ich wollte doch nur eine Banane anbieten. Verdammt, Chat. Immer Chat ist schuld, hä? Hey, Blotto, danke dir für die Bits fürs Gigantifizieren vom Emote Mini Ono. Oh no! Ist aber mega cute. Merci Fienchen, danke fürs Managen von der Kanalpunk, mega lieb. Ich habe auch nicht an sowas gedacht, siehst du, ne? Also, Dienchen, wir verstehen uns, ne? Wir Streamer, wir verstehen uns. Blotto auch nicht, ne? Also, auch, okay, nice. Die Community von Nadino denkt nicht zweideutig, ne? Finde ich schön. Also, Troy bietet nicht allen seine Banane an. Let's go. Bananen und Anbieten, da gibt es nur einen Gedanken bei mir. Ja. Ach, Chat. So, was machen wir? Was machen wir denn noch? Ich glaube, wir gehen in den Bossfight rein, aber ich muss mal kurz gucken, weil hier, ich habe ein bisschen Performance Schwierigkeiten. Ich müsste wahrscheinlich jetzt kurz das Spiel beenden, ne? Ich beende kurz das Spiel, das muss jetzt sein. Sonst ruckelt alles, Chat. Aber ich hab einen Checkpoint. Alles gut. Wir müssen nicht nochmal von vorne anfangen. So. Lieber Chat, liebe Raiders. Der Bossfight geht schon bald los. Ich blende mal kurz den Timer aus. Kann ich das? Ja, kann ich. Ich erkläre kurz, wie es funktioniert. Ne, für die da vielleicht das erste Mal dabei sind. Äpfelmosch, was hast du hier geklebt? Es ist so. Chat, es ist halt so. Nee? Chat, er hat einen Chatpoint. Ein Chatpoint. Oh ja, hey, Vorhersage. Chat, ganz wichtig. Ihr könnt jetzt Kanalpunkte verwetten. Gewinne ich oder gewinnt ihr? Ja, es sind schon einige Punkte drin. 2 Leute setzen auf mich, 5 Leute setzen auf euch. Oh, okay, jetzt kommen da die Punkte rein. 8 Leute schon auf Chat, nur 2 Leute setzen auf mich, Chat. Oh mein Gott. Okay, ich erkläre kurz, wie es geht, ne? Sobald der Bossfight losgeht, werdet ihr... Bisschen leiser machen hier. Sobald der Bossfight losgeht,
werdet ihr drei Aktionen haben pro Zug, dann bin ich an der Reihe und so weiter. Für jede Aktion votet ihr mit diesen Chatbefehlen, die werden dann nachher auch wieder eingeblendet, müsst also nichts notieren. Ihr habt 3 verschiedene Angriffe, machen unterschiedlich Damage, haben verschiedene Trefferwahrscheinlichkeiten. Mit Kaffeetrink hielt ihr euch, das kann aber auch verschütten mit einer Wahrscheinlichkeit von 10%. In der Mystery Chest kann alles Mögliche drin sein. Starke Angriffe, starke Heilung, Damage für uns beide, kann aber auch leer sein. Und mit Franziskus, was ist eigentlich hier los? Mit Franziskus schenkt ihr dem Franziskus hier der Eichelliebe, denn Franziskus kämpft für mich und hat eine Attacke, die 400 Damage macht und ihr senkt die Chance, dass er diese Attacke gegen euch ausführt, in 10% Schritten. Alle Dungeon Leaders, die da wären, Spiel mit Päcki, Öpfelmost, Isal und Nadino, ja 5, nee 4, ihr habt dreifach, wow, ich und meine Finger, ne? Dreifach Votes, genau. Und ihr habt auch hier schon ein Dreifach-Vote. Ihr könnt nämlich entscheiden, ob ihr eine Karte einlösen wollt. Mit Karte 1, Ausrufezeichen Karte 1, votet ihr für die Lichtschwerterkarte. Ist rein kosmetisch. Ihr habt dann einfach Lichtschwerter dabei im Bossfight. Wenn ihr allerdings einen Buff wollt, dann müsstet ihr Ausrufezeichen Karte 2 voten, denn dann bekommt ihr mehr Heilung. Ist dann so ein bisschen Easy Mode, sage ich jetzt mal. Wenn ihr aber weder Star Wars-Fan seid, noch Easy Mode haben wollt, dann macht ihr Ausrufezeichen keine Karte. Auch hier schon die Dreifach-Votes der Dungeon Leader, die mitzählen. Let's go. Ich und meine Finger. Ich wusste ganz genau, dass jetzt das thematisiert wird. Ich und meine Finger, sprach der Mann mit der Banane. Wow, Chat, come on, please. Ich habe dich heute schon mal besiegt. Das sind Fake News. Das sind Fake News. Ja, Lichtschwert, immer Lichtschwert. Ja, okay, es sieht danach. Ich glaube, wir müssen auch nicht länger warten. Wir haben 17 Votes auf den Lichtschwertern. Ich würde sagen, die bekommt ihr. Ihr löst die Karte ein. Die ist, by the way, heute auch gedroppt im letzten Bossfight. Sicario sagt noch keine Karte. Predictions sind eingeloggt. Was haben wir? 5 Leute setzen auf mich, 11 Leute setzen auf Chat. Wir haben 5420 Kanalpunkte versus 5993 Kanalpunkte. Chat, ich glaube, da werden ganz viele Leute ihre Kanalpunkte vermissen nach diesem Bossfight. Just saying. Bezüglich deiner Frage vorhin, wir haben einmal Ocarina of Time Randomizer und wir haben ein Civilization 6 Turnier. Da will ich auch stark werden. Okay, interesting. Ja, das mit dem Randomizer hast du mir mal erzählt, dass ich das mal probieren soll. Habe ich mich jetzt aber nicht weiter erkundigt. Ja, Stroh Dave bereitet ein Stream Deck vor. Der Stroh Dave, der hat eine Stream Deck Page extra nur für den Bossfight hier, wo er die ganzen Commands direkt reinmachen kann. Ist auch nice. Ich habe auf Troy gesetzt vielleicht. Ne, Chat, ich sehe einfach, dass da 11 Leute nicht an mich glauben. Und deshalb, Chat, mache ich es euch nicht einfach jetzt. Ne? Jetzt gibt's auf die Fresse, Chat. Ne? Und wir gehen jetzt auch direkt rein. Wow, what the fuck? Nadino, Isal Äpfelmost Spiel mit Päcki. Ihr wollt mich besiegen. Hä? Votet für eure erste Aktion. Oh mein Gott, da kommt ein weiterer Raid rein. Tiso Guy. TZ-Guy raidet mit rein. Hallo, liebe Raiders. Ihr seid jetzt direkt in den Bossfight reingejoint. Eure Raid-Animation kommt nach dem Bossfight noch. Und auch das Foto mit euch, liebe Raiders, kommt nach dem Bossfight noch. Aber ich mache es jetzt so. Ich füge dich, Teso oder Tiso,
als Dungeon Leader hinzu. Tiso Guy. Also, Tiso, du bist jetzt auch Dungeon Leader, du hast auch Dreifach-Votes. Du kannst jeweils hier, oder ihr alle Raiders, könnt mit den Chatbefehlen, die da jeweils kommen, wenn ihr an der Reihe seid, mitvoten, welche Aktion ihr denn gerne haben wollt. Ne? Also macht da ruhig mit. Es gibt auch Erfahrungspunkte und so weiter. Vergesst nicht, nach dem Bossfight machen wir noch ein Foto zusammen. Und bum bum, grüezi. Und wie geht's euch? Und by the way, ich bin der Troy aus der Schweiz. Bei mir gibt's viele schweizerdeutsche Unterhaltung. Jetzt gerade Hochdeutsch wegen den Raids. Oh, Jesus Christ. Mit vielen Spielereien, Effekten, viel Gelaber und Hashtag eventuell auch mal Gameplay. Aktuell mit Indiana Jones and the Great Circle. So, habe ich alles gesagt. Noch als kleine Info, ich sehe es gerade, wenn der Chatbot euch immer sagt, warte bis die Abstimmung läuft, es kann sein, dass mein Video ein bisschen Delay hat. Ne? Dann achtet euch eher auf Chat, wenn die Leute voten, wenn der Bot sagt, ihr seid jetzt an der Reihe, dann macht eure Chatbefehle rein. Dann könnt ihr den Delay ein bisschen umgehen. Let's go, habe ich alles gesagt und ich würde sagen, wir machen weiter. Es ist nämlich, oha, ihr habt aufgeladen, es ist mein Zug. Okay, let's do this. Chest of Hammers. Ich habe auch meine Mystery Chest. Da ist kein Kokainum drin, Chat. Okay, let's do this. Jetzt ganz wichtig, ich habe jetzt ein Schild. Ich würde jetzt nicht Angriff machen, Chat. Weil das Schild absorbiert einmal egal wie viel Damage. Also Angriff wäre jetzt eine Vergeudung der Spezialattacke. Ne? Die macht zwar bis zu 650 Damage, aber auf Schild würde die 0 machen. Trotzdem ein Vote auf Angriff, das war ja klar. Chat, 11 Votes auf Will Smith. 11 Votes auf Will Smith. Und ich muss noch kurz fragen. Oh, okay, Schild ist weg. Tiso Guy, was gab's denn bei dir überhaupt? Was hast du gestreamt, mein Guter? Was hast du gestreamt? Wie war dein Stream? Und ich glaube, du streamst auch Schweizerdeutsch, oder? Wenn ich das richtig sehe. Let's fucking go. Oh no. Oh no. Oh, ich will nicht, Pfumost, ich will nicht. The warrior raises the sword and prepares for attack. Lass mich in Leaping Ruhe. forward, the warrior swings the sword towards the winged beast. Oh fuck, man. Although the sword pierces the skin of the beast, it deals only little damage. Oh, einmal hervorragend gewürfelt und einmal miserabel gewürfelt. Chat, was für eine Kombination, Mann. Oh, Chat, ihr seid an der Reihe. Dritte Aktion, dritte Runde. Was wollt ihr? Genau, haben heute Star Citizen gespielt und ist super rausgekommen. Hey, Tiso, let's go. Bist du in dem Fall... Bist du neu im Star Citizen oder bist du schon seit eh und je das am Spielen? Ja. Classic rig shit. Ja, hä? Jetzt bin ich wieder schuld, Chat. Bin ich wieder schuld. Sorry, ich habe gespritzt. Chat. Kurz gucken, kurz Chat-Check machen, dass ich alles gelesen habe. Nee, habe es erst vor 7 Tagen geholt, bin noch ein bisschen verloren. Okay, ja, ich wäre auch immer noch verloren. Ich habe es vor Ewigkeiten geholt, aber ich spiele es eben wirklich selten. Du hättest wahrscheinlich mehr Ahnung als ich. Aber hey, es ist schon noch geil. Und Warlock, hey, Türen gehen auf im Star Citizen jetzt neu, ja, einfach das gesagt. So, Chat. Franziskus. Zeig ihnen deine Liebe, zeig ihnen deine 400 Eicheln. Oh ja, Chat. Franziskus, let's go.
Voll ist mega ist einfach schon mega spät. Ja, ist true, ist true. Er hat gerade ernsthaft Star Citizen gefallen. Das ist einfach Blackjack. Ich bin nicht. Ich finde Star Citizen gut. Ich spiele es zu wenig, ja. Aber das mit die Türen gehen auf, das ist so ein Insider-Joke zwischen Warlock und mir. Das ist einfach ein Insider-Joke. Ja, die Türen gehen jetzt auf. Die große Neuerung von irgendeinem Patch vor ein paar Jahren. Die Türen gehen jetzt auf, Chat. Chat, votet für eure zweite Aktion, Runde 3. Ich glaube, da braucht's Heal. Ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Okay, der Heal auf 674 HP. Jetzt ist die Frage, was gibt's in der dritten Aktion, Chat? Dritte Aktion. Mystery Chest, 11 Votes. Stroh-Dave. Ich glaube, du musst das den Leuten nochmals erklären, wie das geht. Ne? Mit der Mystery Chest. Oder, nee, erklär's nicht. Wir gucken, was passiert, Chat. Arti öffnet die Mystery Chest. Und Tiso Guy, by the way, danke für den Follow. Okay, das war jetzt aber ein guter Inhalt. Okay, das ist nice, Chat. Okay, ihr habt mich geschrumpft. Ich kann aber nachher noch erklären, wieso das die Mystery Chest in Aktion 3 nicht die beste Wahl ist, Chat. Und zwar ist es so, in der Mystery Chest kann was drin sein, das euch selbst auch Schaden zufügt. Das macht uns beiden dann 200 Schaden. Das würde heißen, in der dritten Aktion macht ihr euch selbst Schaden, was jetzt in dem Fall dann bedeuten würde, dass ihr nur noch 474 HP habt, was für mich bedeuten würde, dass ich euch one-hitten kann. Das ist der Grund, wieso die Mystery Chest in Aktion 3 nicht die beste Wahl ist. Aber ihr habt ja schon anständig Schaden gemacht jetzt. Ich muss mal gucken, wie ich das manage hier. Chest of Hammers. Blackjack sagt, next Will Smith. Oh, zuerst gibt's aber Schaden, Chat. Zuerst gibt's Schaden. Meine stärkste Attacke, ausgeführt von Techie. Techie lässt es Blitze regnen und er macht... Okay, nicht so viel Schaden, verdammt, Techie. Come on, please. Please. Chat. Okay. Ihr hielt 18 Votes auf dem Heal. Hey, 300, true, ich hab's auch gesehen. Fienchen hielt. Ich sag's euch nur, ne? Da wo jetzt Techie vorhin war mit dem Hammer, da könnte auch Fienchen sein. Fienchen kann euch in den Rücken fallen, Chat. Just saying, just saying. So, was soll's sein, Chat? 4 Votes auf einem weiteren Kaffeedrink. Wir haben aber auch ein paar sonstige Votes. 4 für Will Smith, Mystery Chest. Kaffeedrink 10 Votes. Ihr hielt noch ein zweites Mal. Geht auf Full HP, sofern ihr nicht verschüttet. Okay, nice one, nice one. Kein Gipfeli-Krümeli, da sind wir jetzt halt schwach. Stimmt, ich muss wieder mal Gipfeli kaufen, Chat. Ich muss wieder mal Gipfeli kaufen. Damit die Mods mir aus der Kiste rauskommen. Was haben wir? 11 Votes auf Will Smith. Bis jetzt läuft's nicht gut für mich, Chat, ne? Bis jetzt läuft's nicht gut für mich. Oh, Jesus, Will. Bin ich an der Reihe, Chat? Was sind meine Strats?
Meine Strats. Ist euch schon mal aufgefallen, dass der Troy seine Attacken nie daneben gehen, aber uns schon? Habt ihr euch das schon mal überlegt, Chat? Habt ihr euch schon mal überlegt, wieso das so ist? Ihr könnt auch alle Timeouten, die in der dritten Runde Mystery Chest wählen. Das wäre ein bisschen fies. Oh, Chat. Oh, 187. Holy shit. 187. Ja, war aber jetzt nicht so gut, der Damage. Chat, ihr seid an der Reihe. Das wird hier nichts bei mir. Das wird hier gar nichts, ne? Runde 5. 20 Modes. 20 Modes auf Mystery Chest. Äpfelmost macht die Mystery Chest auf und da kommt raus. Oh, genau das, was ich gesagt habe. Das, was ihr nicht sehen wollt in der dritten Aktion. Ihr nehmt 200 Schaden. Wir beide nehmen 200 Schaden. Aber das heißt, dass jetzt müsst ihr healen, ne, Chat? Wieso sage ich euch überhaupt, was ihr machen müsst? Ne, ihr müsst selbst gucken. Nee, Chat, greift an. Ne? Greift an. Ihr müsst nicht healen. Die HP, das tut nichts zur Sache hier. Es ist nur so visuell was, ne? Dino. Mit dem Heal. Dungeon Leader Level. Oh, come on. Nee, aber hast du nicht schon das letzte Mal verschüttet, Dino? Oder wer war das? Letztes Mal hatten wir 2-mal hintereinander verschütten. Ich glaube, oh, und das ist auch der Grund, ne? Nicht erst in der dritten Aktion anfangen zu healen. Das ist auch so eine Taktik. Weil wenn ihr verschüttet wie jetzt, dann habt ihr noch eine Aktion, aber ihr dürft nicht verschütten. Okay, let's go, Kaylee. Nice one, nice one. Aber, ne, Nick sagt jetzt was, das ist auch wichtig zu wissen. Die Mystery Chest kann auch den XXL Kaffeedrink haben. Das ist ein 500er Heal. Ist aber halt, ne, ich würde jetzt nicht darauf gehen, dann, dass der in der dritten Aktion kommt, Chat. Wenn das so weitergeht, wird Nadino Mod und kämpft gegen uns. Merci, Fienchen. So, Chat. Oh, shit, Mann. 513. Ich habe noch keinen Damage Boost, aber den bekomme ich. Runde 6. Nach meinem Angriff jetzt bekomme ich einen Damage Boost über. Das heißt, ich mache 10% mehr Damage. Und ich nutze kurz einen Moment. Knut 0 raidet mit 3 Lüt. Knutor, danke dir für den Raid. Merci für den Raid. Und hallo liebe Raiders, ich bin der Troy aus der Schweiz. Bei mir gibt es viele interaktive Unterhaltung, Schweizerdeutsch, jetzt aktuell Hochdeutsch wegen den Raids. Und viele Spielereien, Effekte, viel Gelaber, Hashtag eventuell auch mal Gameplay. Und ihr seid jetzt direkt in Bossfight reingejoint, ne? Und jetzt mache ich das auch bei dir so, Knutor. Ich mach dich zum Dungeon Leader, damit du jetzt schon in dem Bossfight deine Dreifach-Votes bekommst. Knutor, aber jetzt alles, was du machst, alles, was du hier mitvotest, du hast Dreifach-Votes. Du bist schon ein krasser Dude, selber am Stream und schön bei mir am Innenlurken. Und das Mausebein gerührt sie. Schön, dass ihr da sind. Jetzt muss ich kurz überlegen. Ich mache hier kurz die Animation, damit es kurz die Animation abspielt von den Raids. Es sind 2 Raid-Animationen, die jetzt noch kurz kommen, Chat. Lassen wir die kurz animieren. Tiso Guy, hier noch deine Animation. Gandalf. Tiso Gandalf. Gandalf! Der Kappa Gandalf. Und dann kommt noch kurz der Shoutout. Es geht nachher weiter mit dem Bossfight. Keine Panik, Chat.
Also Tisogai da auch mal vorbeigucken. Chat, muss ich selbst auch noch vorbeigucken. Und dann sollte jetzt eigentlich noch die Animation kommen von Knutor. On your left, sagt der Knutor. Let's fucking go. Knutor, auch dir nochmals danke für den Raid. So, und auch hier noch kurz der Shoutout Knutor. Guckt euch das Profilbild an. Also da kann man nicht Nein sagen, ne Chat? Kann man nicht Nein sagen, geht da vorbei. Wenn es euch gefällt, auch da Follow da lassen. Immer noch das beste Bild von mir. Indeed. So, jetzt tun wir da wieder Bossfight-Mode rein. Ich bin immer noch der Reihe und ich heal mich jetzt, Chat. Weil so schnell lasse ich euch nicht gewinnen. Ne? Jetzt, wo Knutor nachher noch hier ist und ich meine 10% Damage Boost bekomme, Chat, da hören wir nicht auf. Also, Chat, 10% Damage Boost für mich. Ab jetzt, alle 3 Runden, bekomme ich 10% Damage Boost. Das stellt für euch, ja, das ist für euch so ein bisschen Druck auch. Ihr könnt also nicht ewig healen. Ihr müsst so immer mehr Damage machen und die Balance finden zwischen Erfahrungspunkte sammeln und dann aber doch noch gewinnen am Schluss, Chat. Ne? Einfach, dass es gesagt ist. Liebe Raiders, alle, die das hören, ihr dürft alle gerne mitmachen. Die Chatbefehle zum Mitvoten seht ihr hier. Macht's wie die anderen im Chat. Ihr könnt auch den ersten Buchstaben nehmen für die Aktionen voten. Und ich begrüße noch kurz im Chat Bezaubernd. Ich weiß nicht, ob du verwandt bist mit dem Bezaubert. Man weiß es nicht. Aber hallo Bezaubernd. Natürlich Knutor und das Mausebein. Schön, dass ihr hier seid. Chat. Kaffeedrink. Okay, dritte Aktion, Runde 6. Oh! Jetzt hat er aber noch überholt, der Angriff. Risky Play. Risky Play. Nicht healen, sondern noch Damage machen. Und ganz wichtig, ihr seht es unten rechts, ihr habt den Spezialangriff jetzt freigeschaltet für die nächste Runde dann. Zuerst bin ich aber an der Reihe. Chat. Ich muss hier Druck machen. Ist ganz wichtig. Chest of Hammers. Ich wünsche mir jetzt... Nein. Oh no. Das ist... Nur der Spielzeughammer wäre jetzt schlechter gewesen, Chat. Nur der Spielzeughammer wäre jetzt schlechter gewesen. Chat, ihr müsst euch jetzt entscheiden. Healt ihr zuerst? Ich glaube, ihr macht zuerst den Angriff. Kann bis zu 650 Damage machen. Ihr würfelt mit 2 Würfeln. Und das wird dann multipliziert. Plus 50 Base Damage. Eric. The warrior raises the sword and prepares for attack. Leaping forward, the warrior swings the sword towards the winged beast. Nicht so gut. Although the sword pierces the skin of the beast, it deals only little damage. Ja, war jetzt nicht so gut. Wieder die 20, ne? War es eine 20? Die war halt nicht so optimal. By the way, ja, Blotto, ne? Ich sage immer Captain Eric. Weil das ist der Eric. Oh ja, jetzt kommt der Heal, Chat. Jetzt kommt der Heal. 19 Votes auf dem Heal. Nachher Pistole. Hier werden die Strats im Chat besprochen. Fienchen healt zuerst mal. Highway Racer hat gemeint, jetzt Pistole. Das ist eine gute Frage, Chat. Ja, okay. Okay, die Strats von Highway Racer werden umgesetzt. 28 Votes, 21 Votes auf der Pistole, 25 Votes
26 Votes, 27 Votes. Dienchen. Hast du denn Aim? Fucking hell, okay, Dienchen hat Aim. Ich hab nichts gesagt. Fuck, ich bin fast tot. Oh shit. Fuck. Chat, ich hab schon so lange nicht mehr den Kaffeetrink verschüttet. Also in echt habe ich ihn wirklich schon lange nicht mehr verschüttet, aber hier im Bossfight, ne, die Mathematik sagt mir, wenn ich jetzt heale, dann verschütte ich. Fuck. Let's go, let's go. Das Glück ist auf meiner Seite, Chat. Das Glück ist auf meiner Seite. Es ist noch nicht vorbei. Denkt daran, ab Runde 9 mache ich nochmals mehr Damage. Dann mache ich 20% mehr Damage. Geh weg, wow. Geh weg. Juna. Hilfe. Hilfe, Chat. Jona. Ja. Chat. Wieso denn? Oh shit, ich überlebe das nicht. Chat, denkt daran, je länger der Bossfight dauert, desto mehr Erfahrungspunkte kriegt ihr. Ja? Ja? Überlegen, Chat, überlegen. Nicht jetzt die Erfahrungspunkte wegschmeißen. Shit. 14 Votes auf Angriff. Isal mit dem Angriff. Oh. Ja, what? Nein! Okay, GG's. Ihr habt das gut gemacht, Chat, ne? Ja, es ist schade um die Erfahrungspunkte, ne? If I ever find one of these lying around again, I swear to fucking God, I will stop being so polite. Get the fuck out of my sight before I demolish you. Obi-Wan! You were the chosen one! It was said that you would destroy the Sith, not join them! Ich hab's versucht, Obi. Ich hab gesagt, es gibt noch mehr Erfahrungspunkte. Es hat nichts genutzt. Ja, Obi-Wan, ich hab dich wieder enttäuscht. Ne? Und er jetzt der Overload noch ausgelöst, Chat. What the fuck? Chat, es gab insgesamt 625 verteilte Erfahrungspunkte. Ich gehe mal ein bisschen durch. Was ist denn gedroppt? Last Man on Earth, Quertut zu Lance, Nadino, Black Meow Chicken Nick und Art Shooting haben Avatar-Rahmen freigeschaltet. Ne? Mit Ausrufezeichen Set Avatar Frame kann man sich da angucken, was man drin hat. Und ihr könnt euch die dann auch ausrüsten für die Bosskämpfe. Warlock mit Level 6. Specko mit Level 9. By the way, mit Ausrufezeichen My Level kann man das abrufen. Bei jedem gewonnenen Bossfight kriegt ihr die Erfahrungspunkte und damit steigt ihr dann auch im Level. Dachte, mein Rauchmelder geht los. Ja, es war schon mal, jemand war schon mal verwirrt bei der This is Fine Animation und dem Geräusch, ja. Fienchen immer noch mit 12. Trini mit Level 3. Oh, 13 Arty, holy shit. Ein bisschen gucken hier, was ich noch sehe. Hat jemand schon die goldenen Frames bekommen? Ich glaube nicht, ne?
Ich glaube Silver, ich sehe da nur Silber. Ich weiß gar nicht, ab wann die goldenen kommen. Oh, schönes Lied. Sea of Thieves, by the way. Oh. So, ich muss jetzt mal ins Bett, wünschen euch noch einen schönen Abend. Bum, bum, hey, das wünsche ich dir auch. Aber, Chat, bevor ihr jetzt alle geht, also sicher mal eine gute Nacht, schön sind ihr da gewesen, aber wir müssen noch 2 Fotos machen, Chat. Wir müssen noch 2 Fotos machen. Fotostart. Zuerst mal Tiso und dann noch Knutor. Ist das richtig? Ich glaube, das stimmt, ne? Müsste stimmen. Einmal Ausrufezeichen Foto, kommt alle mit aufs Foto-Chat. Ausrufezeichen Foto, ihr kommt dann mit eurem Profilbild. Ich glaube, dieses Avatar ist verwandt mit Warlocks Avatar. 2 Planeten hier. Ausrufezeichen Fettli, zum mit eurem Profilbild aufs Bild joinen. Und Tiso, du kannst dir noch was auf der linken Seite auswählen, was neben dir aufs Bild soll. Chat, ist es okay, wenn ich wieder ein bisschen Schweizerdeutsch mache? Ein bisschen Schweizerdeutsch? Gebt mir aber Bescheid, wenn ihr gar nichts mehr versteht. Ne? Oder fragt auch einfach, wenn ihr ein Wort nicht versteht oder so. Aber ich glaube, wir machen noch ein bisschen Schweizerdeutsch. Tiso, du darfst dir etwas auf der linken Seite auswählen, was neben dir aufs Bild kommt. Einfach den Chatbefehl in den Chat hineinschreiben. Ja, Blättchat 2-mal aufs Foto wählen. Blättchat halt 2-mal drauf wählen. So, noch schnell schauen, habe ich etwas verpasst? Bum Bum sagt, da bleibe ich noch. Noch schnell die 2 Fotos. Das wäre mega nice. Machen wir da so viel wie Leute wie möglich drauf. Scuffboy ist auch wieder hier. Scuffboy, by the way, ich glaube, du weißt es schon. Du kannst halt nur auf Twitch aufs Foto drauf joinen. Über YouTube geht es leider nicht. Bert auch noch dabei. Ich glaube, Tiso ist gerade nicht mehr aktiv. Ist jemand rum, der mit dem Raid vom Tiso mitgekommen ist und jetzt sagt, hey, ich kenne den Tiso, der würde jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, den Rot nehmen oder die Luna oder eine Ukulele. Und sonst wähle ich einfach etwas aus, Chat. Was würde denn gut passen da? Ein Rot. Ja, ich finde, da muss Franziskhaus drauf, oder Chat? Das Franziskhaus. Okay, Tiso würde den Rot nehmen, dann machen wir es so. Gut. So, machen wir schnell das Foto. Foto Nummer 1. Foto in zwischen 7 und 15 Sekunden. Okay. Okay. Tiso, da ist ein Foto, aber jetzt auf dem Discord. Ausrufezeichen DC, merci Specko. Und ich markiere dich auf einer Insta-Story und auf einer Twitch-Story. In den kommenden Tagen. Vielleicht dauert es noch ein bisschen hinten nachher, Chat. Ich muss noch die restlichen Stories posten. Und Foto kann man sich in physischer Form bestellen. Link im Chat. This is Sparta! Nick!
So, Knuto, jetzt aber. Jetzt machen wir mit dir natürlich auch noch ein Foto. Machen wir mit dir auch noch ein Foto. Das letzte Foto ist auch, das ist auch so gut gewesen. Nochmal Ausrufezeichen Foto, lieber Chat. Ausrufezeichen Foto in Chat. Machen wir mit dem lieben Knuto noch ein Foto. Aber bitte meine Schocke-Seite draufnehmen. Ich finde, es ist sehr gut. Machen wir das so. Ich muss schauen, dass ich da niemanden überdecke. Machen wir das so. Okay. Eines Ausrufezeichen Foto-Chat. Fun Fact, das ist meine Schocke-Seite. Also das sieht man natürlich, Chat. Die Schokoladenseite von Knuto. Da noch schnell vorbereiten. Das stimmt, merci für den Raid. Da noch schnell gucken. Ja, das lassen wir so, wie es ist. Nelfi auch noch auf dem Foto, let's go. Genau gleich dumm reinschauen wie ich. Ich probiere es, hä? In meinem Kopf, wenn ich schon mal überlege, was ich mache. Ja, das muss wild sein, Chat. Wild muss das sein. Kommt noch jemand? Lisa. Oh, Juna auch noch drauf. Letzte Chance, letzte Chance. Ausrufezeichen Foto. Rechts Auge zu. Also, Moment, das was ist das? Ich frage mich gerade, was das für ein Song ist. Geil. So, das muss so richtig wild sein, Chat. Das muss so richtig wild sein. So. Oh, jetzt sehe ich nicht mehr so. Holy shit. Also, Chat, sind ihr ready? Sind ihr ready? Und schnarren auf den. Probieren einfach irgendetwas, Chat. Also. Foto inzwischen 7 und 15 Sekunden. What the fuck? Get to the chopper! What the fuck? Wie sieht denn das aus? Wie sieht denn das aus, Chat? Aber es ist okay. Es ist nicht so, wie ich es jetzt geplant habe, aber es ist irgendwie so. Ja, die verrutschte Brille, die macht noch viel aus. Hey, Knuto, da ist ein wunderschönes Foto. Ab jetzt auf dem Discord Ausrufezeichen DC Specko. Und man kann sich. Ich markiere dich dann noch in einer Story auf Twitch, auf Instagram. Und man kann sich das Foto auch in physischer Form bestellen. Link im Chat. Das ist ein geiles Cover, das da gerade läuft. Love it. Das sieht wie Will Smith von der linken Seite aus. Hä? Ja gut, das stimmt. Ah, du meinst es so. So, eigentlich fehlt jetzt hier noch Will Smith mit der Flattern. That's true. Ich sehe es, ne? Ah! Will, gang weg. Ah. Will Smith halt von der anderen Seite. Ja, true. Eigentlich müsste ich so eine Einrichtung haben, so mit einem Nylonfaden, wo der Brille befestigt ist. Und jedes Mal, wenn man den Will Smith einen Flattern gibt, dann zieht es mir so die Brille weg. Und dann if you know what I mean. Ja, das wäre Next Level Shit. So, Chat.
Danke nochmal für die ganzen Raids. Danke nochmal Nadino. Danke dir nochmals für den Raid. Tiso Guy, Knutor, merci für eure Raids. Und in dem Sinn, habe ich irgendetwas sagen? Egal, merci. Ich bin verwirrt. Ich bin langsam bezahlt für das. Wir gehen noch ein bisschen das Gameplay rein, das wollte ich sagen. Wir gehen noch ein bisschen in Indiana Jones rein, ein bisschen sterben, also looten und sterben. Dann musst du noch öfter eine neue Brille haben. Aber das Thema haben wir heute schon gehabt. Ja, true. Aber du hast absolut recht, Finchen. So, wir pausieren schnell die Musik. Wir gehen hier zurück in das Gameplay. Oh, ich habe Indiana Jones ja beendet, Mann. Indiana Jones. Chat, ich glaube, ich brauche wirklich so ein Dual-PC-Setup. Es ist, glaube ich, einfach so weit. Ja? Weniger Sorgen und so. Ich hätte ja gerne tatsächlich Indiana Jones auch für PS5 gekauft, ganz ehrlich. Auch nur, weil das besser ging zum Streamen, aber es gibt es ja nicht auf der PS5. Das ist halt doof. Viel Liebe für dich, Troy. Ich gehe so ein bisschen chillen. Guten Dude, schönen Abend, Knutor. Merci auch dir nochmal für den Raid und mach's gut. Man sieht sich, man liest sich und man lurkt sich, ne? Knutor, bye bye, tschüss. Ja, es kommt bald auf der PS5, aber ja, es warten viele drauf, aber ich kann nicht warten. Ich kann wirklich nicht warten. Also Chat, machen wir jetzt das noch mal ein bisschen mit ohne Skill-Issues? Machen wir das jetzt? Irgendwann der Frühling, ja, es geht noch ewig. Jetzt muss ich da jedes Mal es reloaden, oder? Zacken wir da schnell ab. Jetzt wisst ihr, wie es mir geht, wie viele Spiele nur auf PS5 gibt. Ich habe kein PS. Avalon wartet, darum lasse ich mich jetzt auch nicht spoilern. Hey Avalon, das verstehe ich absolut. Avalon, da wünsche ich dir ganz eine gute Nacht, schlaf gut. Und merci für alles, danke dir. Und man liest sich, man sieht sich, man lurkt sich. Bye bye, tschüss. So, Chat, bringen wir das jetzt an. Ich habe ohne Scheiß, ich habe meine Brille vertöpelt. Vertöpelt. Wie heisst das Wort auf Hochdeutsch? Vertöpelt. Vertappt, verschmiert, ja, am ehesten verschmiert. So vertöpeln ist einfach so da, so angefasst, das Glas angefasst, ne, so in dem Sinn. Verschlirkt, okay, das stimmt. Also Chat, ich habe das Gefühl, ich gehe wieder drauf, aber sind wir denn da richtig gewesen? Wir können helfen. Das ist Stickdrift, Chat. Stickdrift. Schnell in die Schultern einschiessen. Das sind. Okay, jetzt haben wir wieder. Müssen wir denn. Jetzt bin ich schon wieder. Wir sollen jetzt auch mal ein bisschen schiessen. Ich glaube, wir müssen schon da durch, oder? Ich weiß aber gar nicht, ob das richtig ist. Ja, wir müssen... Ist das der Lagerraum? Ah, okay. Ich müsste halt hören, was sie mir sagt. Hey, nein, duck dich. Oh, shit, oh, fucking hell. Ja, welches ist denn der richtige Schlüssel, hallo?
finde den verdammten Schlüssel nicht! Ich knack das Schloss. Ich brauch Deckung! Ich komme, Gina! Wo bist denn du? Sie schaffen das! Konzentration! Ja, ich habe doch keine Munition mehr, Mann. Ich kann es noch rühren. Okay, let's do this. Wir müssen hier weg! Ich glaube, wir hätten vorher eine Selle looten, bevor das losgegangen ist. Da, Chat. Soll sich Regel Nummer 1 nicht treffen lassen? True. Verdabbert. Ah, okay. Interesting. Hey, ich muss mich schnell healen, Chat. Einmal heal, zweimal heal. Dann essen wir noch ein paar Brötchen. Ein paar Früchtchen. Okay, wir sind ready. Sind wir ready? Ich sehe nichts. Puh, also Chat. Let's do this. Loot check, kein Loot. Ui, gefährlich hier. Ein Boot. Aha, ich gemeint, das ist ein Gegner. Richtig geraten. Oder doch lieber schwimmen? Nein. Ich nehme das hier. Ui. Aber die meint auch, sie sagt der Main Character vom Spiel, oder Chat? Also. Sie sprechen unsere Sprache. Gut genug, um Ärger zu bekommen. Warum bekämpfen Ihre Soldaten die Faschisten? Hock die he in die. Wir bekämpfen jeden, der unserem Land das Erbe stehlen will. Doch wer hat sie denn ins Land gelassen? Ein General, der Mussolini bewundert. Ein arroganter deutscher Archäologe hat einen Deal mit ihm. Ja, den kennen wir. Sie kennen ihn? Gina, die hat auch manchmal ein bisschen das Gefühl. Ja, okay, fair enough, ja. Wir sitzen im selben Boot. Sie können alles, ja. Wir sitzen wortwörtlich im selben Boot, ne? Ich heiße Pailin Shalat-Pukailum. Wer sind Sie? Mein Name ist Ginetta Lombardi. Und das ist Dr. Indiana Jones. Sagen Sie. Doktor in was? Ich bin Archäologe. Noch einer. Ich bin nicht wie Voss. Aber ich weiß, was er will. Und wie man ihn davon abhält. Ich habe gerade was gegoogelt und herausgefunden, dass das Fachwort für Fingerabdruck Daktylogramm ist. Das habe ich noch nie gehört. Krass. Sie hat doch mit ihm geredet und nicht mit ihr. Ja, sie hat auch geantwortet für mich. Darum habe ich gesagt, so, ja. Sagen Sie. Schleift es eigentlich? Ja, simple true. Vielleicht das nächste Mal. Die Rebellen haben eine beträchtliche Menge unserer Präsente an den General zerstört. Einer von ihnen wurde gestern Abend in ihrem Dorf gesichtet. Wer hat das?
in Sukhothai. Sukhothai! Nach etwas sehr Wichtigem und diese Rebellen, verstehen Sie mich, Rebellen! Behindern meine Ausgrabung! Die verschwinden erst, wenn sie im Zaum halten, haben Sie mich verstanden? พวกเราก็แค่อยากจะใช้ชีวิตอย่างสันติปัญญาชนอย่างท่านก็น่าจะเข้าใจได้ดี Nun gut. Einen schönen Abend. Sie sind weg. Ist aber irgendwie sehr geil gemacht, wieder einmal mehr. Auch so die Stimmung und so da. So, wir gehen dann mal wieder. Bye, bye. Bye, bye. Aha. Nein, wir gehen nicht mehr. Wir bleiben dann. Ist aber auch mega mutig, jetzt einfach so eine Minute nachdem der andere da war, kommen wir einfach, oder? Wir wissen ja gar nicht, wo die hin sind. โจมตีได้แล้วไพลินมันอันตรายเกินไป ก็ได้ค่ะลุงสุนันท์ Alles gut? Glaube schon. Möchten Sie einen Tee? Ja, bitte. Ist der mit der Brille der im Film, wo der heiße Segel aufgelesen hat? Der wo geschmolzen ist, meinst du den? Der dem das Gesicht weggeschmolzen ist? Ich glaube, das ist nicht der. Chat, aber korrigiert mich. Ich glaube es nicht. Kommen Sie, Dr. Jones? Das ist, glaube ich, nicht der gleiche Charakter. Ja, einen Moment noch. Kommen Sie in Lungsunans Hütte, wenn Sie fertig sind. Aber sehr ein ähnlicher tatsächlich. Ich weiß aber nicht, wie der geheissen hat vom Film. Ja, spielt in einer anderen Zeit. Ja, das ist true, ja. Ich habe gerade geschaut, wer der Synchronsprecher von Dr. Ganz ist. Bin geschockt, der Typ Never. Wer ist es denn? Also die Stimme kommt mir irgendwie schon bekannt vor, ne? Aber ich kann sie irgendwie nicht zuordnen. Oi. Jetzt gehen wir ein bisschen looten, Chat. Gehen wir looten. Fahren wir hier hinten an. Okay, da kann ich wahrscheinlich überall hin. Blatschmann, merci für den Schlurk. Danke für den Support. Hey. Und schlaf ganz gut. Schön, bist du dabei gewesen. Und ich muss schnell überlegen. Morgen. Ist das morgen um wie viel Uhr? 19 Uhr? Blatsch, musst du mir schnell helfen. Damit ich da richtig Ankündigung machen kann. Weil morgen ist nämlich wieder einer dieser Tage. Was hat jetzt der gemacht? Wo wir zusammen was zocken, ne? Also Chat. Heute, Sonntag, heute, 19 Uhr. So. Lieber Chat, ganz wichtig. Im Kalender eintragen, Timer stellen, Wecker stellen. 19 Uhr bei Mr. Blatsch. Gibt es wieder so eine lustige Runde, das mal aber nicht mit Lockdown-Protokoll, sondern mit das Game, wo mir der Name immer empfiehlt, wo wir im Büro innen sind. Irgendwie, ich habe das noch nie gespielt, das ist für mich Premiere. Und das gibt es auf jeden Fall bei Mr. Blatsch. Und genau, schaut doch vorbei. Wenn ihr noch nicht gefollowt habt bei Mr. Blatsch, dann könnt ihr jetzt followen, damit ihr ready seid, wenn ihr live geht, damit ihr Benachrichtigung bekommt. Dale and Dawson, merci vielmals. Das gibt es beim lieben Mr. Blatsch. Unter anderem mit mir und vielen anderen Gästen, die noch dabei sind. Paper Company sowie The Office, ja genau. Also ich habe ein bisschen geschaut, also nachgeschaut, um was es geht, aber anscheinend ist es so ein bisschen eine Anspielung auf The Office auch. Auch mit den Büroräumlichkeiten anscheinend, das finden wir alles dann raus. Aber ich bin mega gespannt. 19 Uhr und Mr. Blatsch, schlaf ganz gut. Ah ja, D&D. Ja, okay. Stimmt.
Hey, Blatsch, schlaf ganz gut, ich freue mich auf morgen. Ich hoffe, ich verschlafe nicht. Sonst startet er einfach ohne mich, wenn ich nicht rum bin. Aber hey, Masker Brother from another mother. Bis dann, bye bye. Synchronsprecher Tom Beck. Jetzt muss ich meinen Bot schnell fragen. Bot-Hammerin. Wem hat Tom Beck seine Stimme geliehen? Ist das eine Frage? Ist das Deutsch? Okay. In der Trilogie, in der kommenden Verfilmung, lieber Chat, werde ich also synchronisiert vom Tom Beck, Chat. So sieht es aus. Das ist jetzt alles geleakt. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Der Bot erzählt, darum sage ich, AI ist schon nice, aber manchmal lässt einfach AI einfach irgendeinen Stuss raus. Einfach irgendetwas. Wenn es nicht richtig weiss, bin mir nicht sicher, dann lässt es irgendetwas raus. Chat, ich würde so gerne jetzt da noch ein bisschen looten. Ich habe vorhin schon den Fehler gemacht und habe nicht gelootet. Das war wirklich eine dumme Entscheidung, dass wir dort nicht fertig gelootet haben, oder? Jetzt gehen wir da ein bisschen looten. Sagte er und fand den Loot nicht. Ja, okay. Das ist gerade ein bisschen schade, dass ich gar nichts finde. Ein Fisch vielleicht? Irgendwas? Oh, Chat. Oh, YouTube. YouTube. Hi. Angelt ihr? Habt ihr einen Angelschein? Hast du einen Angelschein? Hey. Oh, hat er etwas gefangen? Wäre jetzt echt noch geil, wenn es wirklich noch so fest fände. Das fände ich ein schönes Detail. So, Chat, wir machen mal weiter. Jesse Ride. Aha, Planet der Affen hat er gesprochen. So ein Schnulzenschauspieler, schaut keine deutschen Filme. Okay, interesting. Also die Rolle von Donny Thompson. Einmal furzen und alles stellt wieder in Flammen. Also jetzt reiss dich schnell zusammen. Jetzt nicht furzen. Das ist die Nicht-Furzen-Challenge. Ach, shit. Er hätte halt müssen furzen. Tja. Oh, das hat noch gefällt, Chat. Das hat noch gefällt. Hallo? Hey, aber es hat... Okay, wir haben das Feuer wieder gelöscht mit Regen-Chat. Nice one. Hey, aber es hat wirklich nie einen Loot, oder? Ich suche da Loot, was es nicht gibt, Chat. Aber da... Nicht. Okay, ich glaube, Chat, wir lernen das sein mit Looten. Nach dem Furzen kommt das Schiff. Das ist auch gut. Oh. Von Nasenhaar zu Arschhaar. Was für eine Entwicklung. Hey, Blatsch, mach's gut, bye. Oh, das habe ich gar nicht gesehen, als der Bot das geschrieben hat.
Fienchen, ich würde ja gerne mit dir diskutieren, aber ich habe gerade keine Zeit, deine Meinung zu ändern. Hashtag Potamaren. Holy shit, Mann, jetzt aber. Das ist ein bisschen sassy. Ja, muss ich auch nicht rauf. Gehen wir schnell hier innen durch, vielleicht hat es hier noch Loot. Gehen wir schnell schauen. Okay, ich glaube, es hat nie einen Loot. Jetzt habe ich meine ganze Ausdauer aufgebraucht. Ich brauche noch ein bisschen Früchtchen. Tom Beck ist der von Cobra 11? What the fuck? Okay, das habe ich nicht gewusst. สวัสดี Sawadee. รับสู่บ้านของฉัน Eine Frage, Dr. Jones. Was unterscheidet Sie von Voss? Sie stehlen beide kulturelles Erbe unseres Landes. Nein, Fedora. ich will nichts stehlen. Ich will Sie um Erlaubnis bitten. Ich zolle Ihrer Kultur und Geschichte höchsten Respekt. Ich doziere sogar über das Königreich Siam und seine Artefakte. Dem Relikt, das wir suchen, wohnt große Macht inne. Doch für Voss ist es eine Kriegswaffe. Er will es um jeden Preis bekommen. วอสคือฆาตกรจอมลวงโลก เราจะช่วยคุณเพื่อขัดขวางไม่ให้เขาสำเร็จ แต่ Was sagt er? Dass er uns helfen kann. Es gibt aber einen Haken. คุณจะต้องพิสูจน์ตัวเองซะก่อน เราถึงจะไว้ใจคุณได้ Fisud. Fisuyunan krab. Nanarai krab. Ist sicher eine Schlange drin. โถที่ต้องคำสาปด้วยมนต์ดำภายในโถบรรจุสิ่งที่คุณเกลียดกลัวที่สุดที่สัมผัส Es ist wirklich eine Schlange drin, oder? ล้วงมือลงไปในโถเพื่อคว้าเอามันออกมาเผชิญหน้ากับสิ่งที่คุณกลัว Eine Mutprobe. Das Gefäß ist magisch verflucht. Beweisen Sie Ihren Mut, Dr. Jones. Es ist halt eine Schlange drin, oder? Schweinedärme. Schweinedärme für die Suppe. Er findet es nicht lustig. Schnell pausieren. In welche Form von körperlicher Gewalt würdest du anwenden, um meine Meinung über dich zu ändern? Du willst meine Meinung ändern. Und der Bot sagt, als ein mächtiger Mod mit dem Modhammer Mjölnir in der Hand würde ich niemals körperliche Gewalt anwenden, um deine Meinung zu ändern. Stattdessen würde ich mit meiner beeindruckenden Scharfsinnigkeit und meinem sarkastischen Charme dein Herz erobern. Ja? Carnage. Mein Bot weiß, wie er Carnages Herz erobert. Der weiß Bescheid. ตอนที่ฉันยังเด็ก ฉันเคยได้ยินเรื่องของชนรุ่นแรก Oh, jetzt so einen Tee. Uff. Da war jetzt Als Junge hörte ich vom ersten Volk. Vor langer Zeit kam es auf dem großen Floß. ร้องขอเทวดาแห่งแม่น้ำให้คอยช่วยนำ Der Himmelsgeist sprach zum Engel des Flusses, der ihnen den Weg zeigte. ขยายพันธุ์จนเต็มก้นแม่น้ำ Sie brachten Muscheln mit, um sie im Fluss zu vermehren. Fienchen, gönn dir. Einen Tempel aus Stein. Mhm. Im Inneren des Tempels war die gesegnete Perle. Die gesegnete Geschützt vor Perle. einem schrecklichen Jak. Von was? Von Yaksha. Sanskrit für Riesen. Nyak. Shunta. และเมื่อถึงเวลาที่ต้องพิสูจน์ความเป็นลูกผู้ชาย
Um zum Mann zu werden, suchte ich nach der gesegneten Perle. Ich durchstreifte das Marschland und sah einen Yak im Wasser. Er schlug mich bewusstlos und ich erwachte im geheimen Tempel. Der Yak sprach in der alten Sprache zu mir. Ich flehte ihn an, mir die Perle zu zeigen. Die Perlen zu zeigen, Chat. Auf so Sport schon muss ich es wünschen. Eine gute Nacht, hey, Steampunk Lady, Specko, mach's gut. Ich wünsche dir ganz gute Nacht, schlaf gut. Schönen Sonntag noch. Und danke vielmals. Bye bye, tschüss, Specko. Ja, der Bot hat wirklich eine tolle Scharfsinnigkeit. Das beweist er ja jedes Mal aufs Neue. Wie du und dein Skill beim Aim. Wow. Wow. Der Yak hatte Erbarmen und zeigte mir eine Truhe in Form einer Riesenmuschel. Was war darin? Sie wissen also alles Kokainum. über Kultur und Geschichte. Sagen Sie uns doch, was der Riese Lungsunan verriet. Im Innern der Truhe war die gesegnete Perle. Eingraviert war ein Wort in einer längst vergessenen Sprache. Ich nehme an, diese Perle sah ungefähr so aus. Oh, okay. Ich glaube, wir haben sie überzeugt. Gute Nacht, liebe Specko. Mögen deine Träume so kreativ sein wie deine Steampunk-Cosplays und so harmonisch wie das Spiel einer Gitarre. Schlaf gut und erhole dich, denn morgen wartet vielleicht schon der nächste Bosskampf auf dich. Aber nicht bei mir. He? Vielleicht bei Mr. Platsch. Da müsst ihr mal schauen, ob es bei ihm vielleicht einen Bossfight gibt. Ich weiss, es gibt bei ihm sicher so Schilder und so, aber ich weiß nicht, ob es dort einen Bossfight gibt. Hey, Specko, bye bye, tschüss. Wäre noch lustig, wenn Bob mal Wäschküche schreibt. Oh, ich könnte das hinterlegen. Ich könnte das hinterlegen. Jetzt muss ich kurz hier gucken. Stichwörter. Steampunk Lady. Und dann, wie muss ich das schon wieder machen? Was war der? Waschküche? Ist das Waschküche? Wäscheküche? Was ist das deutsche Wort für da? Wäscheküche. Wäscheküche. Ich schreibe auch Wäschküche. Waschküche. Okay, machen wir Waschküche. Waschküche. Und dann haben wir Cosplay. Und wir brauchen als drittes Wort. Was habe ich jetzt gehabt? Gitarre. Soll ich wieder Gitarre reinnehmen? Was habe ich vorher gehabt? Steampunk leitet aus dem Namen ab. Cosplays, Gitarre. Bett. Mal schnell schauen, ob das funktioniert. Mach noch mal schnell. Ja, warte schnell. Neues Bett. Also mach noch mal schnell gute Nacht, Specko. Mal schnell schauen, ob das funktioniert. Gute Nacht, liebe Specko. Möge deine Fantasie in der Waschküche neue Ideen für Cosplays schmieden, während du in deinem neuen Bett von Abenteuern durch das Stargate träumst. Träum süß, let's go. Stargate ist random, das nimmt es noch dazu. Aber I like. Ja, Stargate ist echt eine gute Serie, aber ich finde, der Film toppt immer noch alles. Der originale Stargate-Film
auf dem ja auch die Serie aufbaut, der toppt alles. Ich liebe den Film. ศักดิ์สิทธิ์กลับมามันอยู่ใน I like ตามหายักษ์ในน้ำให้เจอมันคอยเฝ้าอุโมงค์ลับใต้น้ำอยู่ Kopfkuchen Krab. Capcom Cup oder so. Was hat er gesagt? Er hilft, die gesegnete Perle zu finden. Ist irgendwas davon wahr? Jede gute Geschichte enthält ein Fünkchen Wahrheit. Lung Sunan vertraut Ihnen, Dr. Jones, also bitte, enttäuschen Sie ihn nicht. Ich werde Ihnen ein Boot besorgen. Aber Sie brauchen auch noch ein Atemgerät für den Tunnel. Kok kum kop. Gehen Sie am Morgen zu Tong Dang, er wird Ihnen sicher helfen können. So scheiße. Kok kam kap. What? Mhm. Also hey, Bert, ich passe. He? Da passe ich, das ist nicht meins. Jedem das seine. Das war so ganz ein Straubencut. Ein Kätzchen. Schon wieder. Guten Morgen. Das Kätzchen nehmen wir mit, Chat. Wenn wir hier gehen, dann nehmen wir mit. Das lasse ich nicht hier. Okay, wir haben Tag, jetzt können wir looten, oder? Jetzt ist es endlich soweit. So, Karteikarte, let's go. So, gebt mir den Loot, hey. Gebt mir die Früchte. Gebt mir die Brötchen. Ah, dann let's go. Gerade essen, Chat. Oh, was haben wir da für eine Frucht? Kann ich jetzt so gar nicht identifizieren. Was war das für eine Frucht? Sehen wir das da? Milch... Ah nein, ja. Ah, Rambutan, ja, no, okay, ja klar, kenne ich auch. Chat, kennen den Rambutan? Pussy to go oder wie Troy. Oder wie Troy. Geht es da noch weiter? Rambutan. Wie findest du es, Bert? Oder alle die es kennen, wie finden den Rambutan? Also ich kann schnell meine Meinung zu Rambutan sagen. Ich bin jetzt nicht der grösste Fan davon. Also, Mangostan finde ich viel geiler. Ja, Rambutan so ab und zu, aber keine Ahnung. Ich mag es nicht so sehr. Aber wenn ich es essen kann, dann ist es auch. Weil es auch so ein bisschen eher eine Seltenheit ist, dass ich das kann essen kann. Chanja Don Don Hai. Don Don. Tieng. แค่เลือกแก้ว1 ใน 2 ใบนี้มาแล้วฉันจะบอกบางอย่างเกี่ยวกับอนาคตให้ พอมาวันนี้เล่ากัง เมื่อเงาสูงตระหง่านทากทอลงมาสิ่งที่คุณรักที่สุดจะตกอยู่ในอันตราย ขอบคุณมากครับ ขอให้โชคดีร่ำรวยครับ Das war nichts anderes nicht mehr. Vertrauen Sie Ihren Instinkten, mein Herr. Das ist Ihre größte Stärke. Danke, weiser Mann. Oh, fucking. Ich will doch... Kann ich das Foto machen? Jetzt senden wir noch schnell eins an, Chat. So. Oh, Feuer. Rambutan mit P. Gut zum Rammeln, aber sonst ist schon länger her, dort mal in Indonesien. Ja, das ist dort sicher auch. Ja.
Also, wir sind ja da in Indonesien, oder? Wir sind da in Indonesien. Ich habe jetzt gerade noch Pomelo. Oh mein Gott! Oh, das ist aber das ist so bei Pomelo, musst du halt mega schauen, dass so ein häufig, wenn ich eine kaufe, ist sie nicht wirklich so richtig reif. Aber wenn sie gut sind und so richtig süß und saftig, holy shit, das ist auch absoluter Favorit. Ist nicht auseinander. Ja, du musst halt immer alles auspacken, oder? Aber es gehört dazu. Sind einfach haarige Litschis, ja, absolut. Gebe ich dir recht, Bert. Haarige Litschis. Warum denke ich da an? Simpel, hä? Ich habe ja gesagt, die Zweideutigkeit, die ist nur bei euch, Chat. Die kommt nicht von mir. Das habt ihr nicht von mir, Chat. Aber die anderen haben fertig gefischt. Können wir da noch etwas mitnehmen? Oh, sorry. Da müssen wir nicht hin. Ich mache da schnell den Loot-Check da hinten. Oh, Früchte. Eine Orange. ภาพพิมพ์อะไรล่ะครับลุงภาพพิมพ์แกะไม้อันโปรดของข้าน่ะเองต้องรู้สิลุงหาไม่เจอเหรอครับใช่จำไม่ได้ว่าวางไว้ไหนไว้เจอแล้วผมจะบอกนะครับลุงเองนี่ใจดีจัง Genau, Chat, genau so. Oh, Brief. Rezept für Plabau. No. Diese Angel... Oh, holy shit, Chat. Das ist der verbotene Text von YouTube. Diese Angel gehört nur dir. Dein Vater hat dir das Angeln nie beigebracht, aber das lernst du schon. Solltest du mal einen großen Fang machen, hier das passende Grillrezept. Nimm den Fisch aus und säubere ihn, ohne den Bauch aufzuschneiden und lass die Schuppen dran. Fülle den Fisch mit ein paar Stängel Zitronengras und einer Handvoll Limettenblätter. Bedecke ihn dann mit einer Schicht aus grobem Salz, das du vorher mit etwas Wasser und Mehl vermischt hast. Lass ihn dann auf kleiner Flamme etwa 30 Minuten auf jeder Seite kochen, je nach Größe des Fisches. Ich lese noch einen Chat. Während der Fisch kocht, kannst du die Soße zubereiten. Dazu zermahlst du zuerst Knoblauch und Chili zu einer Paste und dann mit Fischsoße, Limettensaft sowie ein bisschen Wasser und Zucker, jetzt habe ich den Satz nicht richtig gelesen, verrührst. Ist der Fisch fertig gekocht, schneidest du ihn auf und isst das Fleisch mit der Soße und einer Schüssel gedämpftem Reis. Es ist ein frisches und einfaches Gericht, ganz anders als das, was du in Krung Thep zu essen gewohnt bist. Viel Glück, Sunan. Was habe ich jetzt da gesehen, was ich interessant finde? Okay, das ist geil, da. Zutaten und so, nehmen wir mit, oder? Nehmen wir mit. Köstlich. Also ich muss ganz ehrlich sagen, so eine grosse Mangostan habe ich wirklich noch nie gesehen in meinem Leben. Also lieber Chat, die sind sonst nicht so gross und die essen wir auch nicht so. Also es ist jetzt schwierig. Nimm nochmal, ne? Du musst nicht schüch sein. Jetzt nimm. Hallo. Zeig uns nochmal, wie man das isst. Zuerst mal muss man die Schale wegnehmen. Also in der Regel drückt man dann ein bisschen dran und dann reißt es auf. Dann kann man die Schale wegnehmen. Und dann sind dort unten dran so weisse Fruchtfleisch, wo jeweils den Kern, es sind mehrere Kerne, umgibt. Also man beißt hier nicht einfach mit dem Kopf rein, wie du das gesagt hast. Kehrt zurück in den Chat. Ich finde Rambutan nicht so geil, ist mir zu haarig, ist bei der chinesischen Stachelbeere aber genau das Gleiche. Ich kenne Leute, die essen die mit Schalen. Psychos sind also what the fuck, okay.
Oh nein, das könnte ich jetzt auch nicht. Wann IRL-Kochstream mit Rezepten aus Indiana und treu mit Indiana-Hut. Oh, Last Man, das wäre irgendwie noch nice. Ne? Gell, nicht gewusst, dass du Thai lesen kannst. Wegen dem No, oder was ist das gewesen? Niemals so gross, nein. Die sind irgendwie etwa so ein Drittel so gross, wie da, was wir jetzt gesehen haben. Redest du von der Frucht oder von dem, wo du herzoomst? Das überlasse ich euch. Das dürft ihr gerne selber herausfinden, interpretieren. Jedes Mal schön das Gesicht schreiben. So macht man das, Chat. Einfach ganzes Gesicht rein. Ja, die Animation ist jetzt schon... Ich meine, es ist vieles mega nice. Grafisch mega nice, Animationen grundsätzlich mega nice, aber so Sachen reissen einem ein bisschen aus der Immersion raus. Aber ich finde es auch irgendwie lustig. So. Ja, dann... Oh, das ist ein unendlicher Vorrat hier. Mal sehen. Flutartikel. Sind flutartige Regenfälle in der Region Sawan-Kalok. Zahlreiche Regionen in Siam haben derzeit mit den Folgen einer außergewöhnlich heftigen Monsunzeit zu kämpfen. Dazu zählt auch die Provinz Sawan-Kalok. Ich weiß, ich kann es nicht aussprechen. I don't care, okay? Die für die Ruinen von Sukhothai, jetzt kann jeder mal mit auslesen, Sukhothai bekannt ist und in der Reisfelder und Dörfer entlang der Flüsse überschwemmt wurden. Touristen wird empfohlen, diese Region zu meiden, da die normalen Reiserouten für einige Zeit nur eingeschränkt oder gar nicht zugänglich sein werden. Die Macht des Monsuns. Monsun. Durch den Monsun. Ah, das ist der No. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Sie sind Dr. Jones, oder? Hat Peilin mir erzählt. Sagen Sie, Doktor, sind Sie mit Professor Flemings Werk zu Schimmelpilzfiltrat vertraut? Bedauere, so ein Doktor bin ich nicht. Oh. Was tun Sie da? Ich versuche, die Arbeit des Professors nachzuvollziehen und Selbstarznei herzustellen. Nach der Flut letzten Monat haben sich viele Leute eine bakterielle Infektion eingefangen. Oh shit, ich kann da nicht rausheben. Hätte ich Medikamente, würden Sie sie annehmen? Als Geschenk natürlich. Ja, Doktor. Ich wäre Ihnen ewig dankbar. Okay. Das Vertrauen. Ich möchte doch nur helfen. Ich werd nochmal schnell raustappen, damit ich da schnell ins Discord rein kann. Ich muss da schnell ein Bild holen. Ein Bild. Oha, und dann darf ich da schnell on Stream sharen, Fienchen. Willst du mir per DM geschickt hast, frage ich. Wenn du dich traust. Oh, jetzt aber, hey. Jetzt, ja, natürlich traue ich mich. Ich habe noch einfach mega Hunger, aber ist okay. Pomelo. Pomelo! Wo ist es? Ich muss da schnell etwas ausblenden, das da raus. Also Chat, wir gucken. Erstens mal, Loot ist Leben. Auch meine Merch-Tassen im Bild. Wir schauen weiter, Chat. What the fuck? Mit dem hat jetzt wirklich nicht. Oh, Schufki, Mann. Danke dir für den Raid, Schufki. Holy moly! Liebe Raiders, wie geht's euch? Schön, dass ihr hier seid. Feudai, grüezi. Schufki, grüezi. Akimba, grüezi. Let's go, Chat.
während ich euch begrüße, ich lasse hier noch kurz das Video laufen. Ne? Für die nicht wissen, wie man Pomelo isst. Ja? Hier noch kurz das Video im Hintergrund. Wie war denn euer Stream, Schufki? Was gab's denn bei dir? Scheiße. Fienchen, ich habe nicht damit gerechnet. Ich habe nicht damit gerechnet, muss ich ganz ehrlich sein. Ne? Wir machen noch kurz ein Foto. Liebe Raiders, ein Foto mit Schufki. Und wo ist meine Musik? Meine Musik. Einmal Ausrufezeichen Foto in Chat rein. Ausrufezeichen Foto. So, und ich lese mal kurz, was hast du noch geschrieben? Ah, das ist was zu essen. Ich dachte, hier kommt jetzt DIY. Es ist schon, also, wir haben jetzt ganz sicher was gelernt, wie man Pomelo aufmacht oder isst oder ne, so. Ich weiß nicht, wie man dem genau sagt, was da Fienchen gemacht hat. Ne? Geil. Geil. Er hat gesagt, das macht ein bisschen geil. Absolut. Absolut. Ich bin irritiert, aber auch interessiert. True. Kann ich nachvollziehen. So, kommt alle aufs Foto-Chat, ne? Kommt alle mit aufs Foto. Wir haben ganz, ganz, ganz viel Platz mit dem lieben Schufki und mir und der Ukulele. Let's go. Ist das Weißbrot? Weißbrot-Liebelei. Hä? Weißbrot-Liebelei. Was willst du denn mit der Ukulele? Kimba, hat Schufki da das Falsche gewählt? Kann der gar nicht Ukulele spielen? Heute mal die Ukulele, weil es am besten zu Kingdom Come Deliverance passt. Nächste Woche kommt schon Teil 2, glaube ich. Aber ich bin noch lange nicht so weit. Oha, Kingdom Come Deliverance. Ja, ich habe da was gehört, dass der zweite Teil kommt. True. Hast du dir das schon vorbestellt? Oder ist das überhaupt... Ich nehme an, es ist vorbestellbar. Ich muss noch kurz gucken im Chat. Ja, wir sind leider noch nicht so weit für den Bosskampf, aber Schufki, du bist mal registriert als Dungeon Leader. Da kommen noch Leute aufs Foto. Let's go. Ich warte noch einen kurzen Moment. Ich stelle da noch alles richtig ein. Let's go. Danke für den Raid als Titel. Wir haben hier Pixel Art von ChatGPT oder von Dolly. Das kann man gar nicht falsch wählen. Ich musste mich stark konzentrieren, das richtig zu schreiben. Ukulele. Pixel Art. Ja, ne, das ist natürlich ganz klar zu sagen. Pixel Art ist es eigentlich ja. Es sieht nach Pixel Art aus auf den ersten Blick, aber ist natürlich alles andere als korrekt generiert von der AI. Das kann AI nicht. Je länger man es ansieht, umso schlimmer wird es. Schufki, du musst halt sagen, ne, wenn ich es wechseln soll oder so, oder wenn du allgemein jetzt auch der Meinung bist, nee, ich will da nicht mehr so Pixel-Art-Gedöns, dann kannst du das gerne sagen. Wir haben Drei. Uhr. Genau. Merci, Fienchen. So, Chat. Würde ich sagen, wir machen das Foto. Doch, Pixel for the win. Ja, klar. Ich rede ja auch nur von dem AI-generierten Zeugs. Das ist halt dann so. Beißt sich ein bisschen mit dem richtigen Pixel Art. Vor allem, wenn man halt auch Pixel Art Künstler ist, ne? Lieber Carnage, I get it. Aber ich lasse da die Raiders jeweils entscheiden, ob es okay ist oder nicht. So. Oh, schön. Oh, das ist Battlefield. Battlefield 1.
Chat, ich brauche auch was, ich brauche auch ein Instrument. So, ich habe auch mein Instrument nicht geschafft auf dem Foto. Let's go. Nickmann, Uffmann. Wir machen das Foto inzwischen 7 und 15 Sekunden. Antonio Margarete. Jetzt ist es mehr drauf. Margarete. Okay, aber es reicht, ne? Das ist okay. Schufki, hier unser schönes Foto, ab jetzt auf dem Discord. Ausrufezeichen DC, merci Specko. Specko, du bist ja immer noch da. Du bist ja immer noch da. Specko, das ist sicher der Bot, der jetzt läuft inzwischen, oder? Der Specko DC-Bot. Hey, Schufki, ich markiere dich dann auch noch in einer Story. Ne? Du kennst ja, wie es ist, Insta, Twitch und das Foto kann man sich auch in physischer Form bestellen. Link im Chat. Und Poppy. Gute Nacht, Poppy. Gute Nacht, Poppy. Schließe deine Augen, träume von tanzenden Faultieren, die zu den Beats eines DJs abrocken und entdecke in deinen Träumen versteckte Easter Eggs. Schlaf gut und bis bald. Poppy, vielleicht entdeckst du sogar das eine Easter Egg, das noch neu drin ist bei mir. Vielleicht. Aber hey, Poppy, mach's gut, schlaf gut, schönen Sonntag noch und Specko dir auch. He? Macht's gut, bye bye, tschüss. Und Sayuki auch. Hey, Sayuki auch dir eine ganz gute Nacht, schön bist du dabei gewesen. Und hey, ja, dann geh schlafen, hey. Gehst du schlafen jetzt? Und auch dir einen schönen Sonntag und bis zum nächsten Mal, bye bye, tschüss. Zeit für einen Krabbenburger, uff, das wäre auch nice, ne? Ah, du hast das 3 Uhr verpasst. Ich habe es nochmal so gesehen, eigentlich auf die Uhr geschaut, das war so 2:58 Uhr. Hey Akimba, auch dir eine ganz gute Nacht. Möge dein Traum mit einem Fluxkompensator durch Hawaii fliegen. Was habe ich an? Ah, nein, ich habe nicht Fluxkompensator. Durch Hawaii fliegen, während du ein fröhliches Hawaii-Hemd trägst. Träum süß und lass die bunten Blumen dich sanft in den Schlaf wiegen, Akimba. Aki, mach's gut, schlaf gut, schönen Sonntag dir auch und bis zum nächsten Mal. Weiss der Troy eigentlich schon, dass ich einen neuen Hit erstellt habe? Einen neuen Hit? Also, wie meinst du jetzt? Römer, erzähle mir mehr. Aber ich glaube, wir können noch ein bisschen das Gameplay rein, oder? Ausser die muss jetzt noch irgendwas gucken oder losen. Ich schaue schnell im Discord, ob etwas gekommen ist. Oh, Foodporn. Oh, du meinst den Foodporn? Ist das da, was du gemeint hast, Römer? Nein. Wenn ich jetzt schon auf dieser Szene bin, machen wir das schnell. Lass mich schnell orientieren hier auf meinem PC. Discord. Ah, nicht. Als Video, wie lange geht's? Wenn es nicht allzu lang geht, dann machen wir das schnell. Aber wenn es irgendwie so, keine Ahnung, 15 Minuten geht. Aber wenn es irgendwie so 1 bis 2 Minuten geht oder so, 3 Minuten kurz, also, dann schicken Sie rüber. Okay, let's go, dann schauen wir es. Römer, dann machen wir das. I'm ready. Schon passiert? Ah. Ah, da.
Der neue Hit. Okay, ich lade mal schnell runter. Schufki, ich lese gleich vor. Wir gucken kurz das Video hier von Römer. 창이가 좋아하는 랜덤 게임, 랜덤 게임, 게임 스타트. 아파트 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 Apate, 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 Zum Teufel, nein! What the fuck, wie gut! Hey Leute, Römermann, was zum Teufel? Okay. Aber als ich das so in den Anfang gesehen habe, habe ich gewusst, was kommt. Ich habe nicht genau gewusst, was kommt, aber ich habe vermutet, was es in etwa wird sein. apate, 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 apate. Apate, apate. Das ist das geilste Chat, das ist der geilste Partner. Oh, Römer, das ist auch wieder ein Meisterwerk, fucking Meisterwerk. Nice, Mann. Bin ich froh, habe ich den noch geschaut, Römer. Nice, merci vielmals. So ein Seich, Mann. So ein Seich. Wie kreativ sind ihr eigentlich? Gut, das ist auch schon eine Weile her, wo du seitdem gepostet hast, aber holy, um diese Zeit noch so kreativ zu sein. Hey, Schufki. Die letzten Tage waren sehr anstrengend, also melde ich mich schon mal ab Richtung Schlaflöck. Falls ich nicht mehr reagieren sollte, bin ich in kürzester Zeit eingeschlafen. Das ist absolut kein Problem, Schufki. Ich danke dir nochmals für den Raid. Ja? Und schlaf gut. Und lieber Schufki, während Luna Lovegood die Sterne betrachtet, möge Alan Wake dich in schöne Träume begleiten. Ja, ich würde jetzt das andersrum bevorzugen. Gute Nacht und schlaf gut. Hey, Schufki, mach's gut, träum süß und bis zum nächsten Mal. Wir gucken wir noch kurz, Schufki, noch kurz einen Clip, ganz kurzen Clip, was du heute getrieben hast. Show Clip 1, Schufki. Da gucken wir kurz rein da. Was hat Chat geklippt? Nein, herbei. Schufki, wir wissen, was du meinst. Ne? An den Ohren, jetzt weiß ich selber nicht mehr, wie es geht, an den Ohren herangezogen. Ne? Es ist herbeigezogen. Okay, herbeigezogen. Ich könnte das auch nicht. Ja, ihr seht, ich bin da wie Schufki. Ihr wisst, was ich meine. Ne? Sage ich auch immer wieder. An den Haaren herbei. Es ist ja nicht mal an den Ohren, es ist an den Haaren herbeigezogen. Okay, nice one. Das ist ein guter Clip. I like. Ja. Hey, Schmarz, in dem Fall dir danke für die grandiose Idee und Römer danke fürs Umsetzen. Und Dave, have you returned? Wie war das HC-Punk-Gedöns? Dave, bist du abgegangen? Hast du ein bisschen gesoffen? Herbei, ja, herbei. An den Haaren und nicht an den Ohren, ne? Also geht sicher auch an den Ohren herbeigezogen, aber an den Haaren, das wäre richtig. Ach, ich lerne das noch. Ja, same. Schufki, same. Ihr meint Dingens, ja genau, wir meinen Dingens. An den Dingens herbeigedingst. So, Chat.
Wir gehen zurück. Oh. Oh. Ins Gameplay, das nicht existiert. Wo ist jetzt das Gameplay? Nein, aber Chat, wo ist jetzt das Gameplay? Hä? Ich habe doch das Game nicht zugemacht. Okay, mir ist anscheinend das Game abgestürzt in dieser Zeit. The title did not appear to quit properly. Okay, ja, das ist mir aufgefallen. Nein, kein Save-Mode jetzt. Okay, ich hoffe, wir haben nicht zu viel verloren, Chat. Fucking hell. Chat. Oh, shit, was habe ich jetzt gemacht? Ich probiere meinen momentanen Zustand B nicht zu beschreiben. Okay. Dave, wir fühlen mit dir. Die Aussage ist völlig aus der Luft gegriffen worden. Ja, an der Luft vorbei gezogen. Gibt es eigentlich schon einen Tipp zum Easter Egg? Ja, jetzt das Ding ist, ich werde euch keinen Tipp geben. Chat, ich werde euch keinen Tipp geben, aber was ich euch gebe, ja, damit ihr zufrieden seid, ist ab jetzt 2 Minuten lang müsst ihr schnell einen Kanalpunkt hineinschauen. 2 Minuten lang. 2 Minuten lang, Chat. Kanalpunkte. Schaut rein, dort ist etwas. Da ist was. Ich muss halt wirklich alles nochmal neu machen, oder? Ich muss schnell schauen, was ihr hier bekommt, Chat. Spezialangriff, Verfeinchen. Oha. Ja, das sind all die neuen Karten, die ihr da... Also ja, nicht alles, aber Season 3 Karten. Merci übrigens für den Clip. Nein, übrigens wirklich Barracks Tipp fürs Easter Egg. Ich will keinen geben, weil es ist ein Easter Egg. Gut, das ist jetzt ein Tipp, den ich gebe. Ein Easter Egg, das für jemanden gedacht ist. Und ich werde warten, bis die Person anwesend ist. Aber für dich habe ich auch ein Easter Egg, Barracks. Aber das funktioniert nicht immer. Das funktioniert nur unter gewissen Umständen. If you know what I mean. das ist jetzt für dich ist das ein Tipp. Hey, sehr gerne, sehr gerne. Ja, kleine Belohnung für all die fleissig dabei sind. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, wie lange es offen ist. Ich habe 2 Minuten eingestellt, dann geht es auf, es geht wieder zu. Und in dieser Zeit müsst ihr es auch einlösen, Chat. Kein Ticket. Up, left, right. Jetzt probieren wir, hä? Hallo. Also ich muss jetzt alles nochmal machen, Chat, oder? Das kackt mich jetzt ein bisschen an. Wo bin ich denn vorhin durch? Ich will wenigstens den gleichen Weg wieder wie vorhin. Damit ich schnell alles durchdingseln kann. Habe ich es gelesen vorhin? Also Sukhothai-Forschungsaufzeichnung. Prinz Wei. Methode zur Datierung der Ruinen, nämlich existierende Monumente mit den schriftlich dokumentierten zu vergleichen, war genial und inspirierte nachfolgende Gelehrte zur Verfeinerung seiner Methodik. Hallo? Hey, hallo, sagen Sie, ich bin hier am Lesen? Ich weiss nicht, wo ich war. Jetzt hat er mich aus dem Konzept gebracht.
Ich werde mir Notizen zu seinen wichtigsten Beobachtungen machen, wie sie in Geschichte einer Exkursion in die Städte König Ruangs dokumentiert sind. Besonders neugierig macht mich Wat Si Savai. Anhand einer Steinstele, die Shiva darstellte, konnte der Prinz beweisen, dass es sich um einen brahmanischen Tempel gehandelt hat. Andere Gelehrte entdeckten Hinweise auf einen verborgenen Tempel unter Wat Si Savai. Vielleicht kann ich den Zugang finden. Onkel Sunan sagt, das Baumhaus sei noch da. Morgen früh gehe ich es mir ansehen. Ich wollte auf die ausländischen Archäologen Acht geben, die in der Gegend gesehen wurden. Also quasi mehr. Oder nein, vielleicht auch der Was. Offenbar behandeln sie die Dorfbewohner nicht sehr freundlich. Okay. Ein Kriegertempel verborgen in Wat Si Savai. $375 hast du jetzt, also Barracks, 375. Ist eine Antwort gekommen von meinem Bot? Gut, Wärmissel. Also ich weiß es nicht, Chat. Ich müsste da kurz gucken gehen im Streamerbot. Moment schnell. Schnell im Streamerbot etwas nachschauen, Chat. Oh shit. Ja, das geht, im Moment ist das deaktiviert, Barracks. Im Moment ist es deaktiviert. Darum kommt keine Antwort. Ich muss einfach die falschen Zahlen eingeben. Was muss ich drücken? Oh, jetzt ist es schon vorbei. Hast du jetzt eine zu sagen? Double-Click. Es wäre... 375er ist auch geil. Das ist eigentlich auch geil. Ja, Chat, jetzt sind wir am Probieren. Nein, ich kann euch sagen, da, wo ich jetzt im Barracks gesagt habe, das ist ein Insider zwischen Barracks und mir. Und das andere ist sehr ähnlich von der Funktionsweise, aber ist ein Insider zwischen mir und einer anderen Person. Also auch Insider. Ihr seid damals auch dabei. Also es ist nicht so, dass ihr nicht Wände davon bekommen habt. Aber ist halt für jemand anders denkt. Jetzt findet ihr es sicher raus, nicht? Hallo. Oh, ich muss da schnell etwas fotografieren. Die beste Kokosnusssuppe habe ich hier in Siam gekostet. Oh, Kokosnusssuppe. Rambutan nehmen wir mit. Bananenchat. Hallo. Hallo. Ich habe jetzt auch irgendwie komplett andere Sachen gelootet als das letzte Mal, als ich da war. Wo müsst ihr endlich hin? Dort drüber? Da ist sicher Loot versteckt, Chat. Nicht? Okay. 777, 77, 444. Hey. Drei. Ich gehe mal richtig. Oh, Moment, schnell. Was tue ich da genau fotografieren? Die haben einen guten Fang gemacht. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ist es dynamisch? Ja. Es ist dynamisch, ja. Jetzt weisst du was ich meine, oder? Jetzt weisst du halt was ich meine. Du musst es dann mal ausprobieren. Also Chat, jetzt muss ich da wirklich mal schnell nach Plan vorgehen. Sonst schauen wir nicht vom Fleck storytechnisch. Aber keinen Respekt haben. Grüezi miteinander. แล้วทางการไม่ทำอะไรเลยเหรอ ไม่เลย
May the Force isn't with me. Der General hat zu Feinchen ist immer noch am Probieren. Ich habe von Kokosnusssuppe den Scheisser bekommen, also nicht so gute Erfahrungen gemacht. Schon? Oh nein. Magst du es nicht vertragen? Oder? Vielen Dank für Ihre Bohnen! Barracks macht das. Ich lade dich dazu ein, das zu machen. Also Chat, würde ich sagen, wir gehen da aufs Boot. Ins Boot steigen. Moment schnell, Chat. Ich muss gleich noch schnell irgendetwas looten. Da. Kiste mit Fisch. Was mache ich mit der Kiste mit Fisch? Oh. Die muss ich noch einmal hinbringen, oder? Die Kiste mit Fisch. Das ist irgend so eine Nebenquest. Oder nicht? Ich weiß es nicht. Lassen wir das mal noch sehen. Na also. Ja, das. Ja, das haben wir auch noch gelesen. Aber mit dem haben wir noch geredet. Machen wir das nochmal. Können wir das überspringen? Oder? Hat Peilin mir erzählt. Jetzt müssen wir es halt nochmal hören. Sie mit Professor Flemings Werk zu Schimmelpilzfiltrat vertraut? Bedauere, so ein Doktor bin ich nicht. Oh. Was tun Sie da? Ich versuche, die Arbeit des Professors nachzuvollziehen und selbst Hygienetechnisch, okay, wer tut sich? nach der Flut letzten Monats Ja, das kann natürlich auch durch sein. eine bakterielle Infektion eingefangen. Ja, Mir fehlen einfach die wer tut zu auch? Hätte ich Medikamente, würden Sie annehmen? Als Geschenk. Last Man on Earth. Ich mache da schnell Lesung, weil wir haben das alles schon gehört vorhin. Gute Nacht, Last Man on Earth. Möge die Macht mit dir sein und dich in süße Träume geleiten. Träume von epischen Gameplay-Momenten wie ein echter Darth Vader. Schlaf gut und bis bald, Last Man. Schön warst du hier. Ja? Und schlaf ganz gut. Schönen Sonntag noch dir. Und bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Bye, bye. Tschüss. Gute Nacht, Bert. Gute Nacht, lieber Bezaubert. Möge dein Schlaf so erholsam sein wie Reiskocher für Reis. Träume süß von Marketingstrategien und Schneuzern. Lass dich vom Blitzdingsbums in schöne Traumwelten entführen und schlaf gut. The heck, my dear girls and boys. I'll bloody go to bed. Lord Godtemper Mattress, have mercy with my pajama panties. Panties! Hey, Calls. Also zuerst mal eins nach dem anderen, lieber Chat. Eins nach dem anderen. Für den Bert einisch. Das Blitzdingsbums, ganz wichtig. Und dann haben wir noch für den Calls. Also, Herr Bert, übrigens, schlaf gut, schönen Sonntag. Ja, du bist jetzt ein bisschen verwirrt. Ich kann dir auch nicht helfen. Du hast schlafen, geh schlafen. Schönen Sonntag und bis ein andermal, Bert. Bye, bye, tschüss. Was haben wir da noch? In so asiatischen Ländern musst du halt noch mehr aufpassen. Und was und wo vor allem du etwas isst, ist absolut korrekt. Ja, musst. Beim Calls hat es echt so ein verdammtes Durcheinander. @Calls, Fluxkompensator. Bevor du in deine Träume reist, gönne dir noch eine Scheibe Bündner Nusstorte und lass dich von Will Smith in eine gute Nacht entführen. Gute Nacht und süße Träume. Hey Karls, mach's gut, schön bist du dabei gewesen. Und auch dir schönen Sonntag noch. Und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal, auf dass die Lichtschwerter euch den Weg erhellen. Oh, das ist auch schön. Bleibst noch da? Danke fürs Vorlesen. Also gut. Also, lieber Bert, willkommen zurück. Oder nein, du kannst schon mal... wie ging das, Carnage? Ich gehe nicht schlafen. Ich
Geh nicht schlafen, war das so? Ja, jetzt müsste ich es noch richtig schreiben. Hä? So. Ah ja, so geht das. Es gibt das Ausrufezeichen, ich gehe nicht schlafen. Ach, Chat. So. Wir können da noch schnell schauen. Ja. Bestform erhöht Gesundheitsreserve durch das Hinzufügen eines Balkens. Das finde ich irgendwie nice. 3 Stufen. Holy. Ah, das kostet mich so Fläschchen. Tatkraft. Fitness ist mir fast lieber, Chat. Ich glaube, ich nehme Fitness. Kaufe. Löse ich direkt ein. Hier ein paar Medikamente. Sorry. Wir beide sind Außenseiter hier, doch wir teilen den Wunsch, den Bedürftigen zu helfen. Und dann kostet mich das nochmal. Also mehr Ausdauer, das nehme ich. Müsste ich der... Was? Menschen. Ich muss dem nicht irgendwie den Fisch bringen oder so. Das nehmen wir auch noch mit. So, jetzt hoffe ich, dass es mir nicht abstürzt. Also wir gehen ins Boot. Carnage Rage, du bist wie ein wahrer Held, der die Dunkelheit mit seiner Anwesenheit vertreibt. Danke, dass du hier bist und nicht im Bett liegst, um über die Gefahren von Venom zu wachen. Bleib noch eine Weile und lass uns gemeinsam diese Abenteuer bestreiten. Let's go. Double-Click. Also mit mir merkt es schon ein bisschen aus. man liest es so ein bisschen aus deiner Nachricht raus, wie du zu Weg bist. Scuffboy, das Spiel heißt Indiana Jones and the Great Circle. Oh. Und Carnage, ich glaube, das wird darauf angewendet. Bin mir jetzt aber nicht sicher. Ich glaube. Oder vielleicht einfach random was. Jetzt kommt Katzano mit, wie gut. Ja, China, meine Güte. Ganz ruhig. Alles gut. Ich fühle mich nicht sicher. Nicht auf dem Wasser. Ist doch ein gutes Boot. Ich kann nicht schwimmen, okay? Oh. Oh. Nun. Wir haben alle unsere Schwächen. Was sollst du jetzt so lesen? Machen Sie sich keine Sorgen. Ich schaffe das auch allein. Ja. Alles gut? Ja. Alles gut. Alles gut. Du bist nur pflotschnass, oder? Diesen Jack im Wasser. Aber ihre Kleidung ist erstaunlich trocken, für das, dass ihr Gesicht komplett voller Wasser ist, oder, Chat? Kostet das Geld zum Runterladen? Ja, Scuffboy, das muss man sich kaufen. Oder es ist im Game Pass dabei, aber der Game Pass an sich kostet halt auch was. Xbox Game Pass, so habe ich das gelöst. So, Chat. Die Steuerung ist... Ui. Ich muss mich da schnell noch die Steuerung gewöhnen. Holy shit, ist das... Okay, da bin ich schon mal ganz falsch. Okay, also das kann ich nicht, Chat, das kann ich euch jetzt schon sagen. Das ist nicht mein Skill hier.
Siam, Südostasien, Sukhothai. Links oder rechts, links oder rechts, links. Ja, das stimmt sogar. Kann man da looten im Wasser? Ist das jetzt zum Looten? Irgendwie hat es gerade ausgesehen, als wäre sie auf Drogen, so von den Augen her. Ah, China, schon. Rechts hast du ein geiles Item verpasst. Die donnernde Phönixfeder. So eine geile Peitsche. Aber die ist doch auch geil, die ich habe. Die donnernde Phönixfeder. Ich weiss nicht, ob ich dir das jetzt glauben werde. Wir gehen nachher schauen. Boot ist. Aha, das wäre zum Boot holen. Okay. Okay, got it. Wir sehen uns. Bye bye, Gina. Oh, schon wieder so ein Händler. Was haben wir da? Ja, Abenteuer, das wären halt all die Nebenquests, oder? Das überlasse ich Ihnen zum Sonderpreis. Ja, Sonderpreis, sagt der Chat. Ja, genau. Ich bin Tong Dang, Mister. Sie sind der Amerikaner. Pailin sagte mir, Sie kommen. Ja, sie meinte, du hast was, das mir beim Tauchen hilft. Ein Atemgerät. Ja, gleich. Ja, das Name, oder? Ich nehme an, Sie wollen das hier. Okay, wie viel? Ihnen mache ich einen besonders günstigen Preis. Barracks, du bist History anschauen. Ich weiss es schon. Du bist History anschauen. Ich lege das für Sie zurück, Mister. Keine Sorge. Nein, ich habe jetzt wirklich nicht genug. Muss jetzt wirklich... Nein. Das ist jetzt, weil ich vorhin etwas gekauft habe. Oder? Hey, ich will doch das jetzt. Sie brauchen mehr Geld, Mister. Ja, I don't fucking care, Mann. Gib jetzt das Ding an, Mann. Mit der kannst du einmalig im Game wie ein Phönix halt jemanden von den Toten auferstehen lassen. Ein Story-Charakter für ein Secret Ending. Und ich komme nicht mehr zurück, oder? Das ist jetzt, ich bin links gegangen und ich komme jetzt, der Weg ist jetzt für immer versperrt. Jetzt müssen wir halt Geld klauen. Ja, jetzt ist es so weit. Nein, die habe ich nicht mehr, aber ich habe es mal gesehen und habe mich gewundert, was das ist. Aber jetzt mit dem Tipp weiss ich, was es bedeutet. Nice one. Ja, wir können es halt nicht nehmen. Wir haben zu wenig Geld, wir müssen klauen. Um den General bestechen zu können. Das reicht für jede Menge Atemgeräte. Also, gehen wir klauen. Zuerst mal gehen wir hier ein bisschen Essen klauen. Aber gehen wir mal da dem Ding entlang. Da. Wie weit ist das weg? Da müssen wir mit dem Boot schnell gehen. Gina, I need you. Ah, wait a second. Wo müssen wir hin? Ah, das ist aber alles gesperrt. Dorf. Ist das der Ort, wo wir hin müssen? Wir gehen jetzt auch mit dem Boot. Wir gehen jetzt auch mit dem Boot, Chat. Ich habe keine Übersicht, was wir hier auswählen können. Jones, ich hätte da einen Auftrag für uns beide. Ihr habt den Schlitten. Was für einen Auftrag? Ein Dorfbewohner ist verschwunden. Er hat in einem alten Baumhaus gewohnt. Wir fahren hier noch schnell an dem Secret Ending vorbei. Da war es übrigens. Der Phönix-Gedöns. Ich habe verpasst, aber kannst dich auf TikTok darüber beschweren, ist Trending unter Gaming und Bethesda kommentiert dir dann einen individualisierten Trostpreiscode für ein herziges Relikt. Das tönt gut. Das tönt gut.
Was ist das da? Ah, wir gehen jetzt zuerst dort hin, wo wir hin müssen, Chat. Aber das Feeling ist schon noch recht geil, muss ich auch sagen. Es erinnert mich mega an God of War, wo wir da so mit dem Boy am Rumböteln waren. Normal, natürlich, Bär, glaube ich dir. Logischerweise glaube ich dir. Das mache ich nachher noch. Ich gehe mich da schon beschweren. Ich hole mir dann das Ding. Komme ich da jetzt nicht durch? Hm? Also. Jones! Ja, kann ich da anlegen? Gina. Help me, Mann! Tu doch nicht immer rummützeln. Wow. Fucking hell, hey. Ich muss Hä? Wo muss ich denn hier hin, Chat? Mann. Wir könnten doch hier überall schnell am Land gehen, oder? China. Zum Beispiel da. Das geht halt nicht. Ich darf halt nur an gewissen Orten andocken, oder Chat? Macht mich hässig so etwas. Ich hervorragender Zweig. Was? Ich bin hervorragend Zweig, du Sörmel. Jedwede grammatikalische Spielereien, die bezüglich Rechtschreibung nicht eine kohärente und gesellschaftliche Akzeptanz mit sich zieht, ist eine böswillige Unterstellung von meinem physisch-psychologischen Zustand. Sie ist Nebenkätscher. Okay, ich nehme alles wieder zurück. Chat, wenn ich jetzt hier nie andocken kann, dann werde ich hässig im Fall. Ja. Dann werde ich hässig. Marshall College. Ja, das war's. Warum wurden Sie gefeuert? Keine Ahnung. Die Direktion war wohl der Meinung, ich sollte Arbeiten korrigieren, statt... Nein, aber das ist Bullshit, oder? Nein, das ist Seich. Das kann sie jetzt nicht sehen. Archäologie findet in der Praxis statt, nicht in Büchern. Klingt nach einem guten Leitspruch. Chat, ich habe keine Geduld für so Scheiß. Jetzt mache ich einen Feierabend. Hey. Ja, Quetschutzu, gib mir einen Tipp. Please. Ja, der Tipp ist jetzt, ich kann nicht überall andocken wahrscheinlich. He? Warte mal auf den Tipp vom Quertutzu. Mal schauen, was da kommt. Quertutzu, ich brauche den Tipp nicht mehr. Danke vielmals, ich habe es begriffen. Ich kann jederzeit aufstehen. Jetzt bin ich ein bisschen weit entfernt. I don't care. Jetzt gehen wir hier zu Fuß weiter.
Okay, es ist eine dumme Idee, wir gehen mit dem Boot weiter. Oh Mann, ich hätte jetzt gemeint... Okay, das sieht mega straub aus, aber let's go. Also wir gehen nochmal dort hin, wo wir vorher nicht waren, richtig. Also wir sind eigentlich vorher richtig gewesen, aber ich habe es halt nicht gecheckt. Dann gehen wir da. Ja, die Frage ist, ob das da richtig ist. Ich glaube, das ist nicht schlecht. Ich glaube, das machen wir. Aufpassen! Habt die fest, Gina. So. Okay, das müsste funktionieren. Dobbiamo per forza lavorare tutto il giorno. Oh, oh, oh. Ho sentito qualcosa. Ist das etwas, das ist nicht gut, oder? Cosa? Strano. C'è qualcuno? Okay, jetzt habe ich einfach das Problem. Ich müsste jetzt umschleichen. Die donnernde Phönixfeder fehlt dir, jetzt kann ich es halt nicht machen, Mann. Bin ich hier? Bin ich hier? Bin ich hier? Bin ich hier? Wenn wir da noch schnell klauen. Das rette ich vor den Faschisten. Das nehmen wir mit. Oh, nehmen wir das mit? Okay, und das nehmen wir mit. Ja, was ist das? Ja, ich weiß nicht. Das sieht irgendwie ein bisschen handlicher aus. Da. Was auch immer das ist. Ja, shit. Okay, muss da drüber, ha? Ja, da wird lustig. Da wird verdammt lustig. Dort rauf vielleicht, ha? Kann ich da eigentlich ins Wasser rein? Oder da? Ich gehe tauchen und so. Ich gehe schwimmen. Ich gehe kurz schwimmen. Ich gehe kurz schwimmen, sagt er. Der sieht mich nicht, oder? Gut. Ja, da bin ich aber auch wieder komplett falsch, oder? Da nicht rein. Also, ich bin auf jeden Fall etwa in der richtigen Region. Aber auch überall, wo schwarze Plattformen hast, kannst du andocken. Dann kommt sie dann mit, okay, und zwischen nicht. Da komme ich nicht rein. Gesundheit. Steht nicht einer irgendwann. Oh, Chat, ey. Ja, aber das ist auch, das wäre wieder too much action, oder? Ich kann nicht mit einer Shotgun rumlaufen jetzt. Oh mein Gott, ja genau.
Ich würde schon gern, aber I don't know. Er fordert Schlüssel der königlichen Streitkräfte. Das ist wieder einer von diesen Schlüsseln, die ich nicht habe. Damit kann nur das Dorf versorgen. Ah, okay, das ist gut. Ah! Ich kann ihn gar noch nicht anzünden. Ich muss es noch anzünden, Mann. Das ist ein Scheiße. Wie zünde ich denn das eigentlich an? Ja, und das ihr Lümmels. Oh oh. Jetzt machen wir das auch, Chat. Ja. Jetzt räumen wir das ganze Camp auf, sagt es. Ja. Ja, was willst du da? Faustkampf machen, Dude? Oh mein Gott, okay, jetzt bin ich hinüber. Ja, das ist jetzt, weil ich die Phönixfeder nicht habe, Chat. Oh, ich bin noch nicht tot. Ja, das war eh nix. Aber soll ich da Radau machen, oder was ist die Idee? Fuck it all! So, schnell Action gewesen. Action ist wieder vorbei. So, Chat, wir machen jetzt das Sneaky. Sneaky! Haben wir jetzt auch schon alles gelootet? Oh, das ist noch eine Waffe. Haben wir jetzt alles gelootet? Also da wäre noch Sprengstoff, da wäre unsere Shotgun. Das nehmen wir noch mit. Vossbrief Möller. Diese Truhe hat man bei einer der Ausgrabungsstätten in Gizeh entdeckt. Ich habe sie hierher gebracht, um sie zu untersuchen, nachdem wir den Stein gefunden haben. Laut meiner Erkenntnisse wurde sie in Ägypten angefertigt, vielleicht während der 4. Dynastie. Sie lässt sich nur mit 3 Schlüsseln öffnen, die laut des mittelalterlichen Manuskripts eines deutschen Esoterikers über Gottes Werk verstreut wurden. Ein Schlüssel gelangte nach Norden, wo er schließlich in einem römischen Grab landete, womöglich in einer Nekropole unterhalb des Vatikans. Okay, das wissen wir ja schon. He? Die Truhe der Schlange. Neues Geheimnis, okay. Also Chat, wir sind grundsätzlich richtig. Upsla. Wir sind grundsätzlich richtig. Süße Träume. So. Was noch? Okay. Die sind auch alle sehr, sehr, sehr konzentriert. He? Wirklich sehr konzentriert da. Oh! Oh!
Die verdammten Hunde, ich hasse sie. Schlüssel. Ja, guten Input, merci. Habe ich jetzt den anderen schon entsorgt? Ist jetzt der da? Ah, der ist da. Ma che diavolo? Verdammt. Gehen Sie gucken jetzt. Ho le traveggole. So, Nummer 2. Verzeihung. Schlüssel, hä? Schlüssel schnell checken. Die würden wahrscheinlich dann da liegen. Ist jemand reingekommen? Oder bei den Leichen. Ja, wahrscheinlich droppen die an Ort und Stelle, oder? Das wird mich halt so reizen. Es ist halt der blöde Hund dort, oder? Wie kann ich denn den Hund verarschen? Kann ich den überhaupt verarschen? Ich glaube, das Problem ist, Chat, ist nicht das Problem, dass ich... Also erstens habe ich die Phönixfee da nicht, ne? Ganz klar. Aber ich glaube, ich bräuchte so eine Tarnung. Ich bräuchte irgendwie etwas, das ich hier anlegen kann. Das ist wahrscheinlich das Hauptproblem, das ich da aber ein bisschen habe. Weil ich bin hier schon am richtigen Ort. Ich müsste hier jetzt überall lauten. Ah, doch, mit der Peitsche, ohne Scheiß. Ja, aber dann ist schon Texten los, oder nicht? Das probiere ich jetzt schnell. Also mit der Shotgun, nein, das mache ich jetzt nicht. Wo ist jetzt der Hund? Ja, und der andere ist echt genau da, oder? Ja, ich hasse so hure Umschleichen ohne Scheiß. I hate it. Der da. Der sieht mich so halb, oder? Oh, da sieht mich ein anderer. Jetzt weiss ich echt nicht, wo der Hund ist. Ich weiss es halt nicht. Ah, dort. Ich werde jetzt da probieren, Mann. Scheiße. Das geht nicht. Das kann ich nicht bringen. Das geht nicht, Mann. Hey, jetzt. Ich habe wirklich das Gefühl, mir fehlt etwas, Chat. Habt ihr auch das Gefühl, mir fehlt hier Tarnung und so? Ich kann mich doch da nicht sneaky mit allen anlegen. Das geht nicht. Ich kann versuchen, da jetzt einfach irgendwie ein bisschen klauen und so, ja. Aber es hat ja nicht einmal etwas zum Klauen, Mann. Gehen wir da über? Jetzt sagt dort mehr. Überraschung. Das hat jetzt auch wieder niemand gesehen, oder? Ma che... C'è qualcosa di strano. Das ist ganz doof, ja, das ist ganz doof.
Oh nein, jetzt kommen die Hunde. Will nicht. Ja, jetzt sind wir überall, oder? Ich bin zu müde für den Scheiß, so ein Shit. Ich mag nicht mehr. Jetzt reingehen, verdammt, ich habe das Gefühl, du hast den falschen Ort angelegt mit dem Boot. Nein, hey, das ist doch Scheissdreck da. Ich will ein bisschen... An issue of skill, it is. Und jetzt ist alles wieder gut. Ist die Welt wieder in Ordnung, oder was? Farei meglio a controllare. Jetzt, ohne Scheiß, jetzt baller ich da um, Mann. Hast mir einen Scheiß egal im Fall. Wer bist du? Es ist auch zu wenig Munition für so einen Scheiß, Mann. Hut tut gut, ja. Das ist so. Da finde ich auch ein geiles Element. Was ich nicht geil finde, ist, dass ich da wirklich einfach underpowered bin für so Scheiß. Jetzt zünde ich da ein bisschen Scheiße, ja. Jetzt lebt er auch wieder. Kann ich nicht alle an einen Ort locken mit irgendwie Flaschen oder so? Dann können das Dynamit drauf rühren. Ich habe da zu wenig Muni, wenn ich 10 Schüsse auf einen Gegner reinballern gehe, verdammt. Wo musst du endlich hin? Ja, endlich muss ich Geld haben. Endlich muss ich auch Geld haben. Was geht? Meinst du, es ist... Einfach in dieser Region muss ich etwas finden. Also nicht einfach nur Geld, sondern einfach irgendwie, keine Ahnung, so eine Kiste voll Gold oder so. Also ich probiere jetzt das nochmal. Chat, jetzt machen wir das nochmal. Ja, so richtig. Richtig und professionell. Siehst du mal den da. Gut, Nummer 1. Vielleicht muss ich auch wirklich sneaky sein. In dieser Region irgendwann das Gold finden. Jetzt soll mal schnell etwas anderes. Ja, aber nicht das. Das ist der andere dort, Mann. Ist doch nichts Gescheites. Ja. Jetzt wechselst du auf M und K und schiessest die fast schon über den Haufen. Auch so ein Ablenkungstnt. Ich bin mir aber nicht sicher, ob sie dann gerade wissen, wo ich bin, oder ob sie dann für einen Moment auch so on alert sind. Also, Chat, ich gehe jetzt hier nochmal schnell schauen. Grundsätzlich müsste ja das irgendwann da sein, das Gold. Vielleicht da. Chat, ich glaube, das ist es, oder? Ich glaube, das ist es. Das da. Probieren wir das schnell. Hä? Was haben wir jetzt genau gemacht? Ist da Gold drin? Ist kein Gold drin. Hey, du haltest aber auch Fälle aus, du siehst. Ich gehe jetzt hier schwimmen. So, da verstecke ich mich jetzt, Chat.
Ist jetzt gut? Können wir aufhören da? High Ground oder Sumpfgrund? Ground, ja gut. Obi-Wham. Aber das dauert jetzt auch ewig. Also die sieht mich ja schon lange nicht mehr, oder? Okay. What the fuck? Ah ja, ohne Scheiß. Jetzt regt es mich langsam auf, das Spiel. Ohne Scheiß. Ich hasse das Spiel, Mann. Ich will nicht mehr. Da schiessen alle auf mich, Chat. Alle. So, da bin ich jetzt. Da bin ich jetzt safe, oder? Vielleicht finde ich da das Gold-Chat. Gino, bist du auch da? Ach, jetzt sind wir halt wieder da, Chat. Nimm das hure Ding. Mach mich nicht hässig. Obi-Wham. Aha, Obi-Wham. Sniper gonna snipe. Ich würde ja gerne ein bisschen rumballern, Mann, aber es bringt wie nichts. Es ist wie zu wenig Munition, dann kommen die Hunde noch. Jetzt gehe ich mal drüber. Doch, probieren wir es mal von dieser Seite schon. Geben jetzt nicht so schnell auf. Ich dort durch. Ja, vielleicht klappt das da. Schauen, ob wir hier raufkommen. Jetzt hat es schon wieder Gegner. Ich bin stuck. Ich bin stuck, Mann. Fucking hell, jetzt bin ich verschrocken. Ich probier's, ich bin stuck, Mann. Okay, das gefällt mir schon besser. Irgendwie. Vielleicht da rauf. Vielleicht jetzt da rauf. Wo bin ich jetzt da? Der andere verfolgt mich, oder? Ich höre im anderen seine Schritte. Wo ist jetzt der? Ist mir der die ganze Zeit gefolgt? Oder ist das der? Also nochmal schnell schauen. Haben wir da irgendetwas? Okay, ich bin jetzt aber in der Region. Es ist fucking gefährlich, was ich da mache, Chat. Ich weiß nicht, ob das gut kommt. Aber da schmeckt es doch irgendwie nach Gold, oder? Oh, Chat, ist gut, ist gut. Wo ist das Gold, Mann?
Ja, das nehme ich jetzt auch mit. Ich habe keine Zeit zum Lesen, Mann. Der Stumme. Überraschung. Schnell dran. Schnell die Codeanweisungen. Wo ist das gewesen? Verdammt. 5484. 5484. Ja, 5, 4, 8, 4. Ah, nicht übel. Damit bestichst du niemanden Fass. Gehen wir hier raus, Chat? Ich glaube, wir haben es, oder? Ich glaube, wir haben es. Die Geduld des Generals geht wohl langsam. Das ist jetzt aber mega smooth gegangen. Das war jetzt aber auch hure lucky, dass ich genau am richtigen Ort war. Oh ja, Chat. Das ist da, wo ich suche. Ein richtiger Hammer. Haben wir sonst noch etwas? Nein, schiessen! Nein, ich will jetzt nicht schiessen. Ich will jetzt das nicht verkacken. Der letzte Kontrollpunkt ist vor 9 Minuten, Mann. Ich brauche einen neuen Kontrollpunkt. Oh, was ist das? Aha. Verwirrung. Oh, da hat sicher noch irgendeinen geilen Loot-Chat. Irgendwo. Oder so einen Schlüssel irgendwann. Wo bin ich? Da. Eine Gitarre. Die machen wir nicht kaputt. Das nehmen wir mit. Was haben wir da? Ja, nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Glückshut. Einsammeln, anders mal schauen. Vielleicht steht hier was Neues drin. Was das wohl war? Oh, nichts. Dieser Lümmel, der. Dann haben wir uns. Wie viele sind von denen da? Nur der. Hat mich gefreut. Kein Schlüssel. Ich glaube, wir verpissen uns wieder, Chat. Ich würde ja auch gerne ein bisschen rumballern, aber ich will meinen Checkpoint nicht hingehen. Da kommen wir runter, Chat. Oh, mitnehmen. Eine Funkfrequenz. Könnte was für Gina sein. Okay. Gehen wir mal runter da. Last Christmas I gave you my grail, but the very next day you gave it away. Was mache ich da eigentlich genau? Wo bin ich da eigentlich genau? Bin ich da tauchen oder so? Ah, shit, für da bräuchte ich da sicher das Ding, das ich nicht habe, oder? Oh, Chat, das ist keine gute Idee. Das lasse ich sein. Ich brauche zuerst das Atemgerät.
was ist jetzt da los? Haben sich jetzt alle versammelt? Also, raus hier. Atemgerät kaufen, das ist eigentlich unsere Mission jetzt im Moment. Ja, da zurück. Jetzt einfach das TNT zünden und dann einfach säckeln. Bye bye. Ui. Wie es noch riecht. Hey. Gina, wo bist du? Wir müssen zurück. Das ist so ein Stock da, oder? Oh shit, da sind ja Leute, Mann. Kann ich die... Hi. Hi, Chat. Ich bin verwirrt. Ich weiß nicht, was abgeht. Ich muss mal schnell schauen. Ich check echt das Ding nicht. Das war... Ist das da unten, oder was? Ah, dort ist sie ja. Gina, was machst denn du dort auf deinem Bötli? Die ist da auch am Chillen. Hey. Und die ist halt einfach immer noch da, wo wir vorher nicht waren. Ja, das ist es. So, Gina, wir gehen jetzt hier questen. Das war eine Hurenzangengeburt, Chat. Habe ich da auch etwas anderes? Ah, ja. Nein. So. Schon etwas essen und so, schnell verbinden. Das ist auch sehr interessant da. Oh, da sind wir vorhin gesehen. Okay, never mind. Oh. Ah, da vorne können wir sicher andocken, oder? Alles in Ordnung? Ich bin das nur nicht gewöhnt. Keine Sorge, ich weiß, wie man sowas steuert. In diesem Boot geht es mir schon besser. Gut. Ich denke, wir werden hier eine Weile zubringen. Ja, das hat nicht geklappt. Alright, also jetzt haben wir genug Geld zum das Ding kaufen. Gib uns das Ding.
สุดยอดของร้านเราลูกค้าเข้ามาต้องเลือกแน่ๆเลยอันนี้ถ้าไม่ซื้อไม่ได้เลย Feuer, จำเป็น Feuer, เลยใช่ไหม Feuer. ต้องใช้ที่มันจำเป็น hallo. Chat, was ist die Aufgabe? Den Jack finden. Finden wir noch schnell den Jack, Chat. Nachher ist Feierabend. Da habe ich es gesehen. Ja, da habe ich es gesehen. Hey Maverick, übrigens habe ich dich schon mal begrüßt. Du bist irgendwie völlig untergegangen, Maverick. Das habe ich gar nicht gesehen. Ich hoffe, ich habe dich irgendwie doch mal begrüßt. Wie hast du es? Jack, ist das ein Jack-Emote? Oh, jetzt müssen wir dort über. Aber keine Lust hier. Können wir da nicht schnell reisen? Wo kommen wir denn überall hin? Okay, da wo wir besucht haben. Ja. Das würde aber heissen... Was Lager? Ost... Dorf. Was ist denn Dorf? Jetzt werde ich da schnell schauen, Chat. Das muss ich jetzt schnell anschauen. Aha. Okay, interesting. Dorf wäre wahrscheinlich das dort hin. Ja, gehen wir mal dort rauf mit dem Bötli. Die Stimme von Indiana Jones ist schon näher am Original von der Synchro. Hey, absolut, das habe ich auch gedacht. Hat ein bisschen wenig Haar. Findest du? Ich kann mich jetzt gerade selber nicht anschauen, aber ja, das hat schon etwas. Oh, bist du bei 75k, Arti? In der Hälfte? Holy shit. Ich werde noch schnell schauen, Chat. Was ist denn da? Ah, von daher sind wir gekommen. Dorf haben wir jetzt da nicht drauf. Mal Dorf werden. Ich werde noch schnell schauen, ob das wirklich so ist, wenn ich das verstehe. Ja, okay. Ja, mega schön. Okay, gut. Ja, das auch geklärt. Gehen wir von da her los, Chat. Das Jack hat wenig Haar, habe ich gemeint. Ja gut, das ist... Okay. Das Emote. Da hat es doch sicher etwas, Chat. Jetzt gehen wir auch schauen. Indy, komm, rauf. Ja. Ja, was ist denn das da? What the fuck? Okay, essen. Unten rein, hä? Oder nicht? Bert, ich habe die Phönixfedern gefunden. Bist du gerade... okay. Okay, nice. Hat sich gelohnt. Aha, das müsste ich... Ich habe gemeint, das habe ich standardmäßig ausgerüstet. Aber ich habe es noch gesehen, das Symbol. Ich müsste es halt noch anlegen. Ich habe gemeint, das ist so Passivfähigkeit, die ich jetzt habe.
Nein, da müssen wir nicht hin. Also der Charakter wird ja vom Troy Baker gespielt, oder wie der heisst. Ja, richtig. Im Englisch hat er sicher seine Stimme. Ja, ist es so. Das ist, by the way, der Joel. Joel von The Last of Us. Oder Troy Baker, Joel. Habe ich das richtig in Erinnerung? Ja, wir sind richtig da. Ja, ich glaube, super Synchro tut. Hey, absolut. Also ich glaube eben sogar, er hat das ganze Motion Capturing gemacht für den Indie. Wenn es mich nicht täuscht, das plus Stimme. Weil das hat er grundsätzlich auch schon bei The Last of Us gemacht. Was recht beeindruckend ist auch. Jetzt sind wir hier richtig. Bioshock 3 auch, okay. Wir gehen da durch. Was ist das? Der Jag im Wasser, genau wie Sunan sagte. Er meinte, er hätte mit ihm gesprochen. Er wäre keine Statue. Das ist nicht der Fotoapparat. Und übertreibt gern. Mal sehen, ob er mit dem Unterwassertunnel recht hat. Sie könnten runterschwimmen und sich Sie wacht über den Fluss. Und schauen Sie auch nach. Oh, Chat, Unterwasserlevel. Liebe, oder? Haben wir alle gern. Boah. Stellt euch das mal in echt vor. Hey. Ich könnte das nicht. Hey. Einfach irgendwie so in ein Loch abtauchen und du weißt nicht, wo du hingehst. Hä? Wo bin ich? Oh, hi! Der hat das Gleiche gemacht wie ich, Chat. Der hat das Gleiche gemacht wie ich. Ist denn da noch irgendetwas versteckt? Hello, how are you? I am under the water. Please help me. Here too much raining. Wie lang ist dieser Tunnel? Oh. Ja, wo geht's jetzt durch hier? Da. So, Chat, wir haben es geschafft. Das Bauwerk stammt von den Khmer. Zahnrad.
Zahnrad. Hebel. Muss ich zuerst zum Laufen kriegen. Okay. Zahnrad. Mechanismen der Khmer. Zahnräder sind nicht angeordnet. Wieso drehst du einen Buttplug-Gussform um? Ein Buttplug? Was für ein Buttplug-Gussform? What? Mit Zahnräder. Ja, wie viel habe ich denn? Also da langt ja. Aha, dort muss ich es verbinden. He? Aha. Ja, dann wäre das schon richtig gewesen. Dann da noch. Ah, wir haben ja noch mehr. Okay, da dreht etwas noch nicht, Chat. Da dreht etwas noch nicht. Das Foto machen für irgendetwas. Die Khmer waren Meister darin, sich Wasserkraft zunutze zu machen. Der Mechanismus geht nicht. Mhm. Also, ja. Schnell gucken hier. Schnell gucken hier. Okay, dann ist es natürlich wieder anders. Egal, wie fest etwas dreht, der Troy dreht am Rad. Ist es so? Ist es so? Da nochmal schnell alles wegnehmen, Chat. Alles wegnehmen hier. Das. Okay, so. Nein. Das geht nicht, Chat. Was ist das für ein Seich? Ich brauche auch noch ein kleines, oder, Chat? Ich brauche da noch so ein kleines Ding. 2 habe ich. Da. Das langt hier anscheinend nicht. Also muss ich da nochmal eins haben. Aber ist da meine Überlegung falsch? Nein, viel falsch kann ich gar nicht machen. Ne? Ich will doch nicht. Nein, ich muss sicher nicht wieder tauchen. Also da lässt sich nicht drehen. Ui, Indy, hab dich fest, Mann. Here we go. Ich glaube, ich weiß wie. Beim Skill tut jeder Zuschauer am Rad drehen. Aber ihr seid noch da, Chat. Also so verrückt schlecht kann ich es auch nicht machen. Geschafft. Jetzt die andere Seite.
Mechanismus geht nicht. Also hier ist was komisch, oder? Was ist, wenn... Okay, das kann ich jetzt wieder rausnehmen. Kann ich das auch wieder umlegen da? Also das ist jetzt so, wie es ist. Simpel am Popcorn essen. Und ich weiss da gerade nicht, was der Plan ist, ehrlich gesagt. Jetzt kann ich da gleich nochmal raufschauen. Okay. Bist ja auch schon so weit wie Blackjack. Ich glaube, er ist noch ein bisschen weiter. Er ist schon am gleichen Ort, aber ich glaube, er ist noch ein bisschen weiter. Also ich habe die Zahnräder bei ihm schon auch gesehen. Ich frage mich gerade... Muss es doch Wasser geben, um das System zu speisen. Das Wasser? Also da müssen wir irgendwie Wasser haben, Chat. Woher bekommen wir das Wasser? Ah. Okay, ist ja gut. Und jetzt können wir da am Hebel ziehen. Oder? Zack. What is happening? Ah, da müssen wir... Okay, got it. Mit was müssen wir da verbinden? Okay. Ich check noch nicht genau, wo es da weitergeht. Muss ich da auf der Hinterseite schauen? Perspektive. Ja, muss ich da noch mal schnell etwas schauen. Kann ich da nicht drehen? Der Mechanismus geht nicht. Chat, was meinst du mit Perspektive querdutzen? Muss ich einfach ansetzen? Okay, da unten.
Ich habe es nicht gesehen. Ja, jetzt macht es Sinn. Da unten wäre es verbunden gewesen. Merci. Rätsel gelöst. Nehmen wir das alles mit. Nehmen wir alles mit. Brauchen wir. Danke, danke. Ja. Wie immer sehen ihr mehr als ich. Ich habe mir so gedacht, wieso geht es da hinten nicht weiter? Ich habe doch das nicht gesehen. Mann. Wenn sie so... Ja, egal. Also. Kamera für Hinweise. Okay. Vielleicht so. Oh, jetzt kommt ja sicher wieder eine Kugel. Ja, das will ich 1080p spielen, Feta-Käse. Das ist ja so. Hey, ich sehe doch, ich muss da mit der Lupe schauen, was passiert. Feta-Käse, danke, dass du auf meiner Seite bist. Das weiß ich zu schätzen. Jones! Ui. Wow. Und das war jetzt komplett versteckt gewesen, oder was? Oh, Andy. Gina? Jones? Gina! Oh. Stillhalten. Ich halte still. Nicht. Ja, das stimmt. Indy. Indy! Das war eine große Schlange. Ja, so gross ist es jetzt auch nicht gewesen. Ja. Ansichtssache. Was ist jetzt das gewesen, Mann? Hier kriege ich richtig Muffensausen. Muffensausen. Die Pyramide erreichen, let's go. Chat, jetzt kommt der kleine Abspann. What the fuck? Oh shit, ich muss vielleicht schauen, wo ich hingehe. Muffensausen, Bouncemann, kapiert? Bouncemann, wie hast du es? Ich sehe da keinen Weg nach oben. Der Eingang ist bestimmt unterirdisch. Jetzt kommst du dich spoilern, Bounce. Gut, bis das auf der PS5 draussen ist, hast du schon alles wieder vergessen. Nein, ich bin noch nicht fertig, aber ich bin weit. Also ich glaube, ich bin weit. Hey, jetzt sage ich irgendetwas. Ich habe das Gefühl, ich bin schon vorangekommen. Troy schiebt sich ein neues Päckchen für Konzentration. Und ich habe mir gerade eins geschoben, dass ich den Troy aushalte. Hey! Bounce, siehst du, wie der Chat mit mir redet? Ja, siehst du das? Machen die das bei dir auch? Sind die auch so frech zu dir? Jetzt muss ich schnell schauen. Jetzt habe ich wieder geschnarrt, oder? Ich muss da unter Wasser irgendetwas machen. Sehen wir uns die Türme da genauer an. Ah, Türme, okay. Geht es da rein? Nein, vielleicht auf der nächsten. Achtung, Gina, ich komme. Klar findet das keiner. Der Candyman hat alle getötet. Ich weiß, Carnage, ich weiß nicht, ob das How Long to Beat jetzt funktioniert. Ich hab's nicht mehr angepasst. Vorsicht! Ja, Indy, habt die doch jetzt auch fest, Mann. Und da? Ja. Nichts.
Chat, wo sind wir jetzt noch? Chris macht Laune rated mit 41 Loot. Chris macht Laune. Danke dir für den Raid. Holy moly. Ich glaube... Chat. Ich glaube, da ist ein Raid reingekommen. Chris, wie geht's dir, mein Guter? Wie war dein Stream? Und danke für den Raid und hallo, liebe Raiders. Ich bin der Troy aus der Schweiz. Bei mir gibt es viele interaktive Unterhaltung mit Spielereien, Effekten, viel Gelabere, Hashtag eventuell auch mal Gameplay, aktuell mit Indiana Jones The Great Circle. Und wir machen jetzt ein Foto zusammen, liebe Raiders. Wir machen ein Foto zusammen. Chris, wie war dein Stream? Und ich begrüße kurz alle, die ich noch nicht begrüßt habe. Pseudonym Don. Der Don ist halt auch hier. Und der Chris. Wie geht's euch, lieben Leuten denn? Und, Moment jetzt hier, wo bin ich hier mit der Maus? Verwirrung? Hier. Gebt alle Ausrufezeichen Foto ein, zum mit aufs Foto kommen. Das ist auch ein geiles Avatar. Ihr kommt dann mit eurem Profilbild hier aufs Foto zusammen mit Chris macht Laune und mir. Und Chris, du kannst dir noch was auswählen auf der linken Seite. Hast du schon gemacht, let's go. By the way, es ist ein bisschen rucklig, weil mein PC, ne, der mag da nicht Indiana Jones und die ganzen OBS-Effekte gut tragen. Darum ruckelt es ein wenig, aber es funktioniert ja soweit. Und CMDR Slippy grüezi, Silly Popili. Habe ich das richtig gelesen? Silly Popili und Kakao Elixier. Oh, Kakao. Let's fucking go. Habe ich direkt Lust auf Kakao. Ich nehme den Franziskus. Let's go. So, noch kurz lesen, was du noch geschrieben hast. Unfucking fassbar, dass du noch on bist. Ja, ich bin jetzt im Indiana Jones drin. Ich habe wenig zu beißen an dem Ganzen. Es ist so... Für mich ist es nicht einfach gerade. Jetzt geht es ein bisschen vorwärts, aber vorhin hatte ich fast mal die Lust verloren, da weiterzumachen. Aber jetzt geht's wieder. Und jetzt bin ich wieder, ne? Jetzt bin ich wieder im Flow. Du Geiler! Ey, Leute, wir machen... Ich kann das auch, Chris. Ich kann das auch. Oh, shit. Wo ist meine Tastatur? Wir gucken jetzt einen Clip. Dann wissen meine Leute, wo sie da reinfolgen müssen. Chris macht Laune. Let's go. Wir gucken einen Clip. What the hell? Holy shit, okay, krass. Oh boy, Achtung. Holy shit, okay. Das war fies. Der Knall, der ist echt fies. Hey, aber Chat, ne? Also habt ihr das gehört? Ich kann das gar nicht machen, so wie du. Da muss ich hier nah ans Mikrofon ran. Habt ihr das gehört, Chat? Da müsst ihr reinfolgen, Chat. Chris macht Laune. Let's go. Sorry für alle, die nun geweckt wurden. Ja, sorry, sorry, Chat. Auch an einem Schwab wird gefolgt. Let's go, let's go. So, Chat, mal kurz gucken. Seid ihr denn alle auf dem Foto? Wir haben noch viel Platz. Carnage Rage ist auch noch auf dem Foto drauf. Alle, die noch nicht drauf sind, die es noch nicht eingegeben haben, einmal Ausrufezeichen Foto, Ausrufezeichen Fettle in Chat rein. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Ne? Wir sind da ja ready für den Bossfight. Wie machen wir das jetzt, Chat? Chat, wir machen doch das so.
Chris, bist du in 10 Minuten, so circa 10 Minuten noch da für den Bossfight? Ich möchte nur noch irgendwie so einen Kontrollpunkt im Game erreichen, wo ich aufhören kann und da nicht wieder alles von vorne beginnen muss. Quasi einfach nächster Kontrollpunkt. Also zuerst jetzt Foto, dann Kontrollpunkt und dann gehen wir rein in den Bossfight und dann machen wir aber auch schon Feierabend, Chat. Seid ihr da dabei? Kurz gucken. Babyfuß, ich danke dir für einen Follow. Willkommen hier bei mir. Schön bist du hier. Und Run. Ja, ich bin, Frau will mich eh nicht haben. What the fuck? Okay. Nee, Chat, seid ihr dabei? Einzelchat, wenn das ein Plan ist, wenn das noch für euch nach einem Plan klingt. Foto machen. Kurz ins Gameplay rein, Kontrollpunkt holen und dann machen wir zum Abschluss noch einen Bossfight. Ist das für euch in Ordnung? 69. Das klingt gut. Das gilt auch als 1. Let's go. So, Chat. Wir machen jetzt noch das Foto. Danke für den Raid. Titel ist drin. Let's go. Wir machen das Foto in zwischen 7 und 15 Sekunden. Kam ein bisschen zu spät. Carnage ein bisschen zu spät, aber hier, Chris, unser schönes Foto. Ab jetzt auf dem Discord. Ausrufezeichen DC und ich mache dann auch eine Story, wo ich dich markiere auf Insta, auf Twitch. Und das Foto kann man sich auch in physischer Form bestellen. Link im Chat. Ich bin jetzt besoffen für so Kuckucks. 42. Jetzt muss ich noch kurz gucken, dass ich da nichts überlesen habe von dem lieben Chris. Warte, ich mache eben noch Haare schick. Let's go. Also sieht gut aus. Ne? Wir gucken nochmals. Ja, also ne. Haare sitzen, auch im Winter. Das ist perfekt. So, der Plan ist, wir gehen noch kurz rein. Also vielleicht brauche ich auch wirklich nicht lange. Ne? Ich will da nur irgendwie so einen Kontrollpunkt haben im Spiel. Ihr müsst vielleicht ein bisschen aufpassen jetzt wegen Spoilers. Ne? Ich bin schon ein ganzes Stück da im Spiel drin. Und jetzt hab ich den Faden verloren. Was müssen wir machen, Chat? Die Pfeiler hier. Ich muss da noch kurz gucken, ob ich hier irgendwas machen kann. Welche haben wir jetzt angeguckt? Den muss ich noch. Ah, da ist was, Chat. Mussten Sie mich dran erinnern. Ich muss noch ein Foto machen hier. Foto. Wieso haben Sie das gebaut? Ich habe nicht gewusst, dass das Schatz ein Command ist. Ohne Scheiß. Ja, Zufall. Das ist ein Easter Egg. Das ist ein Easter Egg. Ich gehe einfach schnell ein Brot schmieren. Wir sehen uns gleich. Hey Chris, kein Problem. Ich frage dann auch nochmals, ob du da bist, bevor es losgeht mit dem Bossfight. Für alle die jetzt nicht wissen, was kommt jetzt da auf mich zu, vielleicht hat ja der Chris schon was gesagt wegen Bossfight. Es ist ein rundenbasiertes Spiel, es ist ein rundenbasierter Bossfight, den ich selbst programmiert habe oder gebaut habe, wo ihr Chat gegen mich kämpft. So, hier kurz das machen. Let's go, Indy, let's go. Ja, jetzt taucht doch auch auf, Indy, Mann.
What happened? Okay, Chat, machen wir das nochmal. Aber ich glaube, das wäre ein Kontrollpunkt, ne? Das wäre einer. Ach, nur kurz, ich will das jetzt noch, ich will das noch machen, Chat, ich will das noch machen. Aber ja, Skill ist... Ihr und euer Skill ist Show. Ich habe gar nicht gecheckt, was abgeht, Mann. Ich glaube, ich darf... Ah. Wow, das ist eine Riesenschlange, ne? Ich habe sie erst jetzt gesehen. Was ist das? Der Jag im Wasser. Genau wie Sunan sagte. Er meinte, er hätte mit ihm gesprochen. Er wäre keine Statue. Er ist Geschichtenerzähler und übertreibt gern. Mal sehen, ob er mit dem Unterwassertunnel recht hat. Ja, also was ist jetzt passiert, Chat? Ich weiß es halt nicht, ne? Ja, Chat, hey, wir haben den Kontrollpunkt, ne? Wir nehmen diesen Kontrollpunkt. Das ist ja... Ich kann mein Schild wieder wegmachen hier. Eine Riesenschlange, genau, Troy. So wie Dini. Also, was meinst du genau? So wie... Deine Mutter. Oder was denn? Chat, wir gehen hier raus. Dann ruckelt es auch nicht mehr. So, let's go. Wie meine Magic Snake, meinst du? Also ich nenne sie auch die Weltenschlange, ne? DJ Popo. Hey Bert, jetzt gehst du jetzt wirklich? Oder so, wie du würdest sagen, gehst du jetzt wirklich? Gute Nacht, lieber Bezaubert. Du kannst süß von Reis kochen, die Marketingstrategien austauschen, schneuzern mit Lichtschwertern und anderen fantastischen Abenteuern. Schlaf gut und bis bald. Wirklich. Also gut. Ja. Bert, dann wünsche ich ganz eine gute Nacht, schlaf gut. Schön, bist du dabei gewesen. Ja. Und nochmal da, Firm Handshakes. Bert, darf ich dir noch eine letzte Frage stellen? Ist mir ein bisschen unangenehm, diese Frage zu stellen. Ne? Aber mir ist aufgefallen, dass du nicht mehr so häufig live bist. Ne? Wann ist denn dein nächster Stream? Verpasse ich die immer? Oder ja, liegt es an mir oder liegt es an dir? Ja, würde mich jetzt echt noch wundern, Bert. Also musst du natürlich auch nehmen, oder wenn du auch Pause machst, dann machst du auch Pause. Montag oder Dienstag? Okay, let's go. Chat also, dann ganz klar, was jetzt hier noch kommt. Ja, ihr kennt ihn sicher alle. Muss ich nicht erzählen, ne, wer das ist. Das ist der Bert. Montag oder Dienstag, voraussichtlich, ne, ist der liebe Bert wieder live. Und geht doch da mal vorbei. Vor allem, wenn ihr ihn wirklich noch nicht kennt, geht da vorbei. Guckt euch das an. Ne? Ist gute Unterhaltung. Und wenn es euch gefällt, dann followt da auch rein auf jeden Fall. So, Bert, hey, genug Werbung jetzt. Hä? Natürlich kennen wir diesen Wichser mit seinem doofen Schnauzbart. Wow. Ach. Brauche ich gerade ein bisschen Wasser, Chat. Das, was war jetzt Chat, nicht ich. Danke, du geiler Sexmann. Hey, gute Nacht, Bert. Mach's gut, bye. Sein Schnauz ist fast so heiß wie... Deine Mutter. Karnarsch. Shots fired. Shots fired. So, jetzt muss ich kurz fragen, ist der liebe Chris denn wieder hier? Sind wir ready für den Bossfight? Sind wir ready? Bin ich ready? Ich muss heute mal gewinnen. Ist Fienchen ready zum aus der Kiste rauskommen?
Fragen über Fragen, Chat. Fragen über Fragen. Fienchen ist ready. Ich bin von dir einfach immer noch unbezaubert. Ei. Ich glaube, Chris ist noch nicht ganz ready. Wir warten noch kurz. Was könnte ich noch machen? In der Vorhersage ist auch ready. Warten wir noch schnell, bis wir da in die Erklärung reinkommen. Wenn ich anfange zu erklären, glaube ich, dann können wir Predictions starten. Wir hätten so. Was meinst du? Mitmachen bei was denn? Bei der Prediction? Ja, mit wie viel denn? Troilina hat noch schnell etwas sagen. 10.000? Ich glaube, Troilina wird auch noch mitmachen bei der Prediction Chat. Die wird auch noch mitmachen. Grüezi miteinander. Ja, ich kann noch schnell etwas sagen. Ich möchte gerne, ich tue mitmachen mit 10.000 Kanalpunkten, wo ich mitmache bei der Prediction, wo nachher Fienchen live stellt. Noch nicht jetzt, aber nachher dann. Aber ich weiß noch nicht, auf wer ich setze. Weil endlich würde ich gerne auf euch setzen. Antonio Margarete. Ja. Margarete. Was bist du für eine? Gang weg. Hey, ich würde also schon gerne auf euch setzen, Chat. Aber ich muss schauen, ob er mich lässt. Ich muss schauen, ob er mich lässt, der Treu. Ich lese noch schnell. Was hat der Treu nicht gelesen? Bert hat nie gesagt, dass ich aufhören soll, gemein zu sein. Und das soll bitte auch immer so bleiben. Das ist mega schön. Danke vielmals. Die Deutschen brauchen immer 10 Minuten zum Brot belegen. Das gilt als volle Mahlzeit. Ist das so? Oh, Chris ist wieder hier. Chris, wie geht's dir? Ich bin die Troilina aus einem alternativen Universum. Ich bin eine Variante von Troy Fienchen. Du sexy. Und ja, ich mache noch 10.000 Kanalpunkte dann rein. Ich muss dann noch gucken, wie ich das genau mache, Chat. Und, also Chris ist jetzt wieder hier, das heißt, wir können eigentlich langsam, ja, das muss Troy machen, Troy kann das besser. Ich weiß nicht, wie das funktioniert mit diesem Bossfight. Der erklärt das noch und dann macht Fienchen noch die Prediction dann anschließend oder gleichzeitig. Aber ich finde es schön, dass ich heute auch noch hier sein darf, Chat. Und ich freue mich auch ganz, ganz fest, dass ich Chris hier sehe. Ne? Der liebe Chris. Gummiacken brauchen halt Zeit. Wow, Chat. Also, schnell überlegen. Soll ich der Troilina erlauben, auf euch zu setzen? Was meint ihr? Wenn sie auf euch setzt und ihr gönnt, dann werden keine Punkte verteilt. Wenn ich gönne, dann Chat, wir schauen mal. Aber lieber Chris, lieber Raiders, lieber Chat, ich erkläre ganz kurz, wie das funktioniert. Fienchen, du darfst gerne Prediction starten. Ich muss dann auch noch schnell schauen, dass ich da meine Troilina Prediction reinmachen bei dem Ganzen. Sobald der Bosskampf losgeht, lieber Chat, werdet ihr 3 Aktionen pro Zug haben. Für jede Aktion votet ihr mit diesen Chatbefehlen. Ihr habt 3 verschiedene Angriffe, die machen unterschiedlich Damage, haben unterschiedliche Trefferwahrscheinlichkeiten. Mit Kaffeetrink hielt ihr euch und hat auch eine 10%ige Verschüttungswahrscheinlichkeit, ganz wichtig. Mit der Mystery Chest da kann alles Mögliche drin sein. Sehr starke Angriffe, starke Heilung, Damage für uns beide ist auch möglich. Und kann aber auch leer sein. Jetzt muss ich hier kurz noch Troilina helfen. Moment kurz.
Troilina jetzt, überleg ganz genau, was du machst jetzt. Überlege ganz gut, was du jetzt machst. Okay. Ich glaube, Troilina hat ihre 10.000 Punkte rein da, Chat. Troilina hat mitgevotet. Prediction ist am Lauf noch 50 Sekunden. Kanalpunkte könnt ihr da verwetten, wenn ihr möchtet. Wo war ich denn? Mit Franziskus, Ausrufezeichen Franziskus, schenkt ihr dem Franziskus hier Liebe. Er kämpft für mich, hat eine starke Attacke, die 400 Damage macht. Je mehr Liebe ihr ihm schenkt, desto geringer ist die Chance, dass er diese gegen euch ausführt. Genau, und die Dungeon Leaders, genau. Tiso Guy, Knutor, Schufki und Chris, 4 Dungeon Leaders, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, sind das sogar noch die vom letzten Mal? Egal, ist ja auch in Ordnung. 4 Dungeon Leaders, oder ist das nicht in Ordnung wegen den Punkten? Jetzt muss ich kurz überlegen, Chat. Ich muss da mal kurz gucken. Nee, ich kann es nicht ändern. 4 Dungeon Leaders. Dungeon Leaders haben dreifach Votes. Ganz wichtig. Ihr könnt am meisten Einfluss nehmen aufs Kampfgeschehen. Findlibot setzt immer auf ein Troy. Oh, Fienchen. Mega lieb, mega lieb. Ich will es fucking 5 hier. Schei gute Nacht, lieber Dave. Möge die Melodie der Metal-Musik dich in süße Träume wiegen, während der streamende Nachbar leise Luna Lovegood-Geschichten flüstert. Also die Nachbar. Oder ich in den Schlaf flüstert. Träume süß und bis bald, Dave. Schön bist du dabei gewesen. Und mach's gut, schlaf gut. Schönen Sonntag noch. Denkt daran, alle, die jetzt gehen schlafen. 19 Uhr beim Mr. Blatsch bin ich auch wieder zu hören. Sein Stream, ich bin aber dabei mit vielen tollen anderen Leuten. Tun wir dort Dale and Dawson, glaube ich, heisst es. D&D tun wir zocken. Genau, lest noch, was der Strohhut Dave schreibt, das ist ganz wichtig. Habe ich noch was zum Ergänzen? Nein, wir können eigentlich hier noch das Voting machen. Die Frage ist jetzt hier noch, lieber Chat, votet ihr Ausrufezeichenkarte 1 für den Easy Mode, ihr bekommt dann mehr Heal, oder votet ihr Ausrufezeichen keine Karte für den Hard Mode? Und dann einfach ganz normal und hier quasi Zusatzheal als Buff. Ihr habt noch 2 von den Karten hier. Die Karten können am Ende des Bosskampfes droppen, sofern ihr gewinnt, Chat. Votet doch noch für eure Wunschkarte oder ob ihr keine Karte wollt. Let's go. Habe ich noch was vergessen, Chat? Habe ich noch was vergessen? Kadett Robby, grüezi. Schön, dass du hier bist. Karte 3 gibt's nicht, Robby. Karte 3 gibt's nicht. Oh, Chris mit Karte 1. Okay, also der Zusatzziel. Ich glaube, da gibt es Zusatzziel. Silly Poppily auch mit Karte 3. Hey, die Musik ist echt schön. Ich muss mal kurz gucken, von wo ist die? Von Steep. Vom Spiel Steep ist die Musik. Ja, ich finde es auch echt nice. Also bevor ich gehe, keine Mystery Chest bei der 3. Aktion. Ja, weil ihr könnt euch selbst Schaden zufügen und das kann verheerend sein. Und was noch verheerender ist, wenn ihr in der 3. Aktion die Mystery Chest nimmt und der Thanos rauskommt. Weil dann habt ihr einfach nur noch 350 HP. Wenn ihr weniger als 400 Health habt, Kaffee bis über 500, sonst sprecht euch ab und die Special Attack erst brauchen, wenn ihr den Buben so gut wie geschlagen habt. Ja? Hier auch beachten, was der Double-Click schreibt. So, Chat. Wir lösen auf, ne? Ihr entscheidet euch für den Easy Mode. Natürlich für den Easy Mode, Chat. Aber denkt daran, ich habe euch auch schon besiegt, wo ihr diese Buffkarte aktiv hattet. Chat, ich bin müde, ich kann nicht mehr reden.
Daher, ich mach's euch nicht so einfach, ne? Chris, Schufti, Knuto und Hisogai, ihr wollt mich besiegen? Chat, votet für eure erste Aktion. Runde 1, Aktion Nummer 1. So, was oh, okay. 9 Votes auf Angriff bereits. Okay. Double-Click. 77 Damage. Wollt ihr zuerst die Spezialattacke auffüllen? Sehe ich das richtig? Okay, hier kommen doch noch andere Votes rein. Ein Vote auf Mystery Chest, einer auf Franziskus, aber 6. 7 Votes auf Angriff. 9, 10 Votes auf Angriff. Fienchen. Fienchen? Nein. Okay, nice one. 5, also ja, nicht so viel Damage, ne? 55 ist eher wenig Damage, aber nice. Chat. 3 Votes auf Franziskus. Wo sind die Votes? Wo sind die Strats, Chat? Es passiert nichts. Es passiert nichts. Es passiert nichts. Chris mit Liebe für Franziskus. Und die Chance für 400 Eicheln wird gesenkt auf 40%, Chat. Ich sage noch kurz, wenn der Chatbot euch immer sagt, wartet bis ihr an der Reihe seid, denkt daran, es kann sein, dass mein Video ein bisschen Delay hat. Und dann achtet euch eher auf den Chatbot. Wenn der sagt, ihr seid an der Reihe, dann macht eure Befehle rein. Jetzt bin ich aber zuerst an der Reihe, Chat. Und ich würde sagen, wir starten direkt mal mit Franziskus. Ihr habt ihm ein bisschen Liebe geschenkt, aber es reicht halt nicht. 400 Eicheln. Oh ja. Druck aufbauen, Franziskus. Druck aufbauen. Kaffeetrink. Heal, 11 Votes auf dem Kaffeetrink. Ja, ich glaube, der Heal, den braucht's jetzt, ne? Den braucht's jetzt. 14 Votes auf Kaffeetrink. Anomality. Mit dem cuten Avatar. Healed, Chat, um 261 HP. Let's go. Ja, ihr seid wahrscheinlich, habe ich ein bisschen viel Delay, merke ich gerade, ne? Chat. Zweite Aktion von 3 Aktionen, Runde 2. Was soll's sein? Ein weiterer Heal? Eine Mystery Chest? Die Meinungen gehen auseinander. 6 Votes auf der Mystery Chest, ausgeführt von Chris. Oh, Shield of Reflection. Oha. Jetzt habt ihr eine 60%ige Wahrscheinlichkeit, dass ihr Schaden auf mich reflektiert. Ganz wichtig, wenn ihr euch aber healt und das Schild ist immer noch aktiv, es kann auch auf mich dann reflektieren. Das heißt, ihr könnt mich auch healen. Jetzt aktuell ist es mein Problem, ihr müsst nicht unbedingt healen. Es gibt eine Möglichkeit, dass ihr eine Combo macht auch. Aber ihr macht einen normalen Angriff. Also das Shield of Reflection bleibt mal mein Problem für einen Moment. Das heißt, wenn ich jetzt einen Angriff mache, aus meiner Chest of Hammers, es kann sein, dass der Schaden reflektiert auf mich. Falls der Schaden aber durchgeht, okay, das ist jetzt natürlich auch nice. Ich bekomme ein Schild, mache ein bisschen Schaden, es geht auf euer Schild drauf, es reflektiert auf mein Schild zurück. Unterm Strich ist jetzt gar nichts passiert, Chat. Gar nichts. Chat, euer Spezialangriff ist ready. Mit Ausrufezeichen Angriff votet ihr für die Spezialattacke. Die macht bis zu 650 Damage.
Zwischen 60 und 650 Damage. Viech. The warrior raises the sword and prepares for attack. Leaping forward, the warrior swings the sword towards the winged beast. Although the sword pierces the skin of the beast, it deals only little damage. Okay, war jetzt nicht so viel, ne, Fienchen? Das ist Karma. Weil du kämpfst für mich, Fienchen, nicht für Chat. Ja, 150 war jetzt nicht so verdammt viel, ne? Was haben wir denn? 4 Votes auf Franziskus. 7 Votes auf Franziskus. Ihr schenkt dem Franziskus Liebe. Gebt der Eichel eure Liebe. Let's go. 30%, Chat. 30%. Nächste Aktion, Chat. Was soll es sein? Nochmals. 3 Votes schon auf Franziskus. Okay, erneut Liebe. Was sind eure Strats? Okay, ihr möchtet nicht, dass Franziskus nochmals angreift mit 400 Eicheln, ne? Jetzt wären wir dann bei 20% Feta-Käse mit dem neuen Profilbild. Let's go. I like. Nächste Evolutionsstufe des Profilbildes. 20%. Ja, das ist jetzt halt schon sehr wenig, muss ich sagen. Das ist schon sehr wenig. Ich weiß nicht, Franziskus, ob ich da, ne? Ich nehme dir jetzt das Bier weg, ne? Du bekommst jetzt eine Milch. Um diese Uhrzeit bekommst du Milch. Shit. Druck aufbauen, Chat, Druck aufbauen, ne? Chest of Hammers. Fienchen, komm jetzt da raus. Mach ein bisschen Druck. Okay, das nehme ich auch. Hammer of Healing. Ich heile mich ein wenig. 268 Heilung für mich. Oh, fast wieder Full HP. Ich mache aber noch ein bisschen Schaden. 124. Chat, votet für eure erste Aktion Runde 4. Denkt daran, ne, das habe ich auch noch gar nicht gesagt, für die, die es noch nicht kennen. Ab Runde 6 mache ich 10% mehr Damage. 10% mehr Damage, dann alle 3 Runden 10% mehr. Also der Druck steigt ab Runde 6 immer mehr. Irgendwann könnt ihr nicht mehr gegenhealen. Daher so ein bisschen die Balance finden. Ihr bekommt mehr Erfahrungspunkte, je länger der Bossfight dauert, ja. Aber ich mache auch immer mehr Schaden. Einfach, dass es gesagt ist. 6 Votes auf Bistolle, 6 Votes auch auf Franziskus. Wo wollt ihr denn Franziskus? Was ist der Plan? Franziskus noch auf 0 bringen, Karandar. Oh, die Fake-Liebe. Franziskus, das ist alles gelogen. Franziskus, ich bin dein Meister. Nicht Chat. Vier Votes auf dem Angriff. 5. 6 Votes auf dem Angriff. Oh, da kommt noch ein normaler Angriff von euch. Sir Simple. Oh, Jesus. Chat, jetzt müssen wir aufhören. Ich fühle mich wohl mit meinen Lebenspunkten gerade. Ich fühle mich sehr wohl. Können wir hier aufhören? 1337 HP, die nehme ich, ne? Die nehme ich. Und jetzt bringen wir euch noch auf 666, ne? Und dann können wir beenden. Chest of Hammers, let's do this.
Chest of Hammers. Und jetzt kommt sicher der Spielzeughammer. Oh no, es kommt. Okay. Chat, der Druck. Ich erhöhe den Druck auf euch jetzt gewaltig. Und zwar Techie. Wo ist eigentlich Fienchen hier? Techie lässt es Blitze regnen und macht 341 Schaden. Das ist nicht so viel. Das ist nicht so viel. Hätte ich jetzt mehr erwartet, ne? Max Damage ist 500 bei dieser Attacke. Aber Chat, ich freue mich schon auf Runde 6. Wo ich dann einen Damage Boost bekomme. Kaffeetrink, 9 Votes. Fishbone. Ja, dieser verdammte Heilungsbuff, ne? Das ist heftig. Ihr hielt halt viel zu viel, Chat, ne? Da kann ich nichts dagegen machen. Aber euer Problem ist auch ein bisschen, ich habe immer noch sehr viel HP, ne? Und die Runde 6 kommt. 11 Votes auf dem Mystery Chest. Von Slippy ausgeführt. Und was ist drin? Ein Disconnect, okay. Das ist ein wenig Schaden. Oh, genau 1000 HP, Chat, nice one. Okay, bisschen Schaden gab's jetzt. Dritte Aktion. Ich sehe da ein Vote auf Mystery Chest, aber auch 3 auf Franziskus, 7 auf Angriff. Das war Chris' Dreifach-Vote. Ich glaube, da kommt der normale Angriff von Chris ausgeführt. 90 Schaden. 2 Balken unten voll. Noch ein Angriff, ein erfolgreicher Angriff, dann habt ihr wieder die Spezialattacke ready. Einmal Franziskus muss doch noch drin sein. Ja, man munkelt da ja Dinge, ne? Dass da was passiert, wenn ihr den Franziskus auf 0 gebracht habt. Okay. Aber es ist halt auch ein bisschen so Aktionsverschwendung dann, Chat. Und ich setze euch jetzt noch weiter unter Druck. Wieder Chest of Hammers. Und dann sind wir bei Runde 6. Anschließend bekomme ich meinen Damage Boost. Okay, das nehme ich. Einmal Shield of Protection. Einmal ein bisschen Schaden. Guter Schaden zudem. Ich bekomme meinen Damage Boost und mein Schild absorbiert einmal Damage, egal wie viel, Chat. Egal wie viel, es wird absorbiert. Ich sehe da, 5 Votes auf Franziskus. Das wäre das letzte Mal, ne? Damit würdet ihr die Chance auf 0% runterbringen. Fishbone führt aus. Fishbone schenkt dem Franziskus Liebe und... Ja, da sind wir. Er wird 400 Eicheln nicht mehr einsetzen. 0% erreicht. Das heißt, ab jetzt könnt ihr auch nicht mehr für Franziskus voten. Ja, die Liebe vom Fishbone, ne, die ist echt. Die ist echt, Franziskus. Aber die andere Liebe, die ist nicht echt. Oha, die Meinungen gehen auseinander. Was gibt's? Ein Kaffeedrink? Einmal Heal? Okay, nicht verschüttet. Nice one, nice one. Habt ihr noch eine Aktion? Ihr habt noch eine. Chat, was ist der Plan? Angriff. 5 Votes auf Angriff, 7 Votes, 12 Votes, 13, 14, 15... okay. Schild wegmachen. Schild wegmachen. Juna. Triffst du denn auch? Okay, Juna hat getroffen. Juna hat getroffen, Chat. Ich bin wieder an der Reihe. 910 HP. 10% Damage Boost.
Ich bleib bei meiner Chest of Hammers. Chest of Hammers. Komm, was kommt da raus? Oh mein Gott, okay, nice one. Das ist nice. Fienchen, jetzt aber du, ne? Jetzt aber du. Ich will, dass ihr seht, es ist wieder der Techie. Es ist wieder der Techie. Verdammt. Come on, jetzt da. Das ist so wenig Schaden, Mann. Das sind sogar noch 10% Boost dabei. What the fuck? Troy hat wieder den Wrecked Hammer. Ja, der funktioniert nicht mehr. Habe ich denn eine Machete, Chat? Jetzt kurz gucken, ob ich eine Machete habe. Hadouken! Hadouken! Oh, was habt ihr gemacht? Ich habe nicht geguckt. Ihr habt gehealt. Habt ihr gehealt? Ja, nice. Nice, Chat. So, ich muss hier kurz vorbereiten. Ne? Die Machete war gewünscht und die bekommt ihr dann auch. Machete. Chris. Oh no. Mit der Pistole. Und Chris trifft sogar. Chris hat sogar Aim. Um 20 nach 5. Holy shit, Mann. Holy shit. $10 Votes auf Angriff. Ja, ihr füllt halt noch auf, ne? Kaylee. Jetzt muss er aber treffen. Jetzt muss er aber treffen. Let's go. Okay, ihr habt den Spezialangriff wieder ready. Aber zuerst, Chat, bin ich an der Reihe. Und ich erfülle Wünsche heute, Chat. Ich erfülle die Wünsche von Chat. Machete. So. Oh, let's go, let's go. Und ich sehe da schon die Runde 9 kommen, Chat. Ich sehe da schon die Runde 9 kommen. Es wird spannend. Okay, zuerst ein Heal, kein Angriff. Zuerst ein Heal. Ja, es war wirklich besser als Mjölnir, ne? Das ist wirklich so. Okay, der Heal kommt. 252. Chat, kommt jetzt der Angriff? Kommt jetzt der Angriff? Carnage mit Angriff. Oh, da kommt noch eine Pistolenvote rein. 10, 11 Vote schon auf Angriff. Ja, ich glaube, ihr wollt jetzt würfeln. Aber würfelt ihr denn auch gut? Das ist jetzt die Frage, Chat. Nelfi. The warrior raises the sword and prepares for attack. Leaping forward, the warrior swings the sword towards the winged beast. Nee, so ein Pech. Although the sword pierces the skin of the Nelfi, beast, so ein Pech, aber deals auch. only little damage. Ja, es ist eine 1 und eine 90, hallo? Was war denn das, ey? Das war ein Bug-Neustart. Wo ist jetzt die Musik hin? Oh, Chat. Oh nee, Nelfi. I'm so sorry. Aber so funktioniert das Spiel, ne? Oh ne, nicht kaputt machen jetzt, Chat. Jetzt seht ihr gar nicht mehr, was passiert. Und Carnage führt aus die Heilung. Ja, wieder Full HP, Mann. Das ist krass. Der Buff, ey, der ist echt krass. Ich muss den mal ein bisschen nerven. Das ist schon heftig. Shit.
Hammers, come on, Chest of Hammers, come on. Ich will jetzt was Gescheites hier. Ein Mjölnir ist jetzt nicht unbedingt das, was ich will. Vielleicht ein Hammer of Healing, let's go. Ich heile mich wieder ein bisschen hoch. Der Waffe ist gut so. Und ich mache noch Damage. Let's go. Ist aber nicht viel. Nicht viel Damage. Ich bekomme aber meinen zweiten Damage Boost. Jetzt insgesamt 20% mehr Damage, den ich mache, Chat. Denkt daran, ne? Und irgendwann könnt ihr auch mit eurem Heal-Buff nicht mehr gegenheilen. Ich sag's so, wie es ist. Pistole. Oha. Don mit der Pistole. Hat denn der Don den Aim, den's braucht? Okay, hat der? Okay. Hat eigentlich irgendjemand schon daneben geschossen heute, Chat? Irgendjemand? Ist da was kaputt eventuell? Aim ist da, Don, ich seh's, ne? Ich seh's. Oh, 6 Votes auf Mystery Chest. Chris mit der Mystery Chest. Und er zieht raus. Shield of Reflection, schon wieder. Okay, der Moment ist für euch nicht schlecht, ne? Ist nicht schlecht. Ihr müsst nicht healen. Strommute Dave. Strommute Dave raided mit 5 Lüt. Oh, Strommute Dave. Wie geht's dir? Danke dir für den Raid. Was gab's denn? Was gab's denn? Und Strommute Dave. Strommute Dave, ne? Ist das da, wo du ohne Cam streamst? Sehe ich das richtig? Ich mach dich noch kurz als Dungeon Leader rein. Dungeon Leader. At Dungeon Leader. Strommute Dave. Dave, du bist jetzt auch Dungeon Leader? Ja, aber du warst schon live, ne? Also, das ist jetzt nicht irgendwie ein Fake-Raid. Du warst schon live. Wir gucken uns noch kurz die Animation an, Chat. Strommute Dave! Da ist er! In schwarz-weiß. Oh. Danke für den Raid! Hey, Carnage. Frech hier. Frech. Ja, und Dave, du musst auch kurz erklären, was das hier für ein Kanal ist. Ich nehme an, da ist einfach gemütliches Gameplay, ohne dass du irgendwie Cam anhast oder groß kommentierst. Sehe ich das richtig? Hier ist mein Mute 2 Kanal, weil ich Halsschmerzen habe, ein bisschen FTL versucht, Achievements zu farmen. Das Schöne an so einem Mute 2 Zweitkanal ist, ich kann hier die ganze Zeit zuschauen, zocken und streamen. Ja, let's go. Ich hab's mir gedacht, dass das sowas ist. Aber danke trotzdem auch für den Raid, ne? Und du musst halt mitvoten mit dem Strommute Dave, dass du die Dreifach-Votes hast, Dave. Dann funktioniert das. So, Chat. Das ist nicht gut hier. I don't like this. Es ist passiert, Chat. Es ist passiert. No fucking way. Ich hab verschüttet. Es war jetzt... Ich hab's heute gesagt, ne, die Mathematik. Rein nach Mathematik hätte es schon lange passieren müssen, dass ich verschütte. Und jetzt ist es passiert. Chris mit der Mystery Chest, was ziehst du da jetzt raus? Oh, die Schrumpfmaschine. Überlebe ich das, Chat? Überlebe ich das? Oh mein Gott, ich weiß... Chat, ich weiß nicht, ob ich das überlebe. Könnt ihr so viel Damage machen? Ich habe gar nicht geguckt. Und jetzt kommen die Wachstumsschmerzen und ich überleb's. Oh mein Gott.
Oh mein Gott, ihr habt immer noch 2 Aktionen, Chat. Oh mein Gott. Chat, denkt daran, je länger der Bossfight dauert, desto mehr Erfahrungspunkte kriegt ihr. Ne? Einfach, dass es gesagt ist, ihr müsst jetzt also gar nichts speedrunnen. Nein! No! Let's fucking go! Chat, Franziskuskarte ist gedroppt. Die Franziskuskarte. Ihr könnt also in einem der nächsten Bosskämpfe den Franziskus, sofern ihr für diese Karte votet, zu euch nehmen, sodass der Franziskus für euch kämpft, Chat. Holy moly. GG's. GG's. So, ja, jetzt konnte halt der Strom-Mute-Dave nicht mehr groß mitvoten, ne? Oder einmal jetzt. Aber ich glaube, Strom-Mute Dave hat jetzt auch noch ein paar XP bekommen. Wir gucken kurz, was es gegeben hat. 481 Erfahrungspunkte sind verteilt worden. Und Chris und Karanda haben neue Avatar-Frames, Avatar-Rahmen freigeschaltet. Mit Set-Avatar-Frame könnt ihr da gucken, was ihr machen könnt und wie das aussieht und so weiter. Sei nicht traurig, Treu. Nee, Don, ich bin doch nicht traurig. Ne? Es ist ja nur so ein Ding hier. Ist ja nur so ein Ding, so ein was, ne? So. Nee, ich bin natürlich nicht traurig, ne? Don, irgendwann gewinne ich auch wieder mal, ne? Vielleicht dauert es noch eine Weile, aber ich gebe nicht auf. Ne? Ich gebe nicht auf, Jack. Alles Lügen hier. Mit dem Reverb dann noch so, alles Lügen hier. So. Let's go, Chat. Aber sehr gut habt ihr das gemacht. War ein spannender Bossfight. Indeed. Oh, Fienchen Level 13. Let's go. Schrot Dave Level 12. Nice, nice, nice. Noch keine Dekos gedroppt, ne? Noch keine Dekos gedroppt. Die kommen erst noch. Die kommen halt erst noch. Gold ist auch noch nicht gedroppt. Ich weiß gar nicht, ab wann die goldenen droppen. Ob es auch Level 15 ist, bin ich mir gar nicht sicher. Du gewinnst doch jeden Stream, zumindest mein Herz. Oh! Don, danke für die lieben Worte. Ne? Ihr, Chat. Ja? Ihr gewinnt mein Herz. Jeden Samstag. So ist es, ne? Ist nicht gelogen. Never skip the game. Hey Chris, du bist insane. Chris, in dem Sinne, ich danke auch nochmals für den Raid. Ich danke für alle Raids, ne, die heute reingekommen sind. Und ganz wichtig, ich muss den Raid-Stop reinmachen. Ne? Der Raid-Stop ist drin, Chat. Weil wir machen langsam Feierabend. Ich bin komplett durch. Wir sind ein bisschen weitergekommen im Indiana Jones. Hat Spaß gemacht, meistens. Der eine Moment, der hat mir gar nicht gefallen. Wo ich nicht weitergekommen bin. Weil die Hunde sind gekommen, alle haben auf mich geschossen, Chat. Das war nicht so toll. Ist das Geschwätz ein Bug oder eine Absicht? Es ist, wenn ich es auslöse, ist es eigentlich Absicht, aber ich löse es eigentlich falsch aus. Ich kann schnell erklären, was passiert. Es nimmt eigentlich ein Replay von den letzten 30 Sekunden. Die Idee ist eigentlich, wenn ich jetzt im Game noch einmal runtergehe, kann ich das einlösen und dann sieht man in der Wiederholung nochmal, wie ich runtergehe in Slow Motion. Aber man hört mich auch reden.
Eigentlich, eure Version, die ihr habt, wenn ihr Setcam oder wie es heisst, einlöst, dann ist das mit dem Replay eben nicht. Das ist nur, wenn ich mein Knöpfchen drücke. Ich müsste das mal ändern. Aber ja, es ist ein bisschen komisch. Ich denke so jedes Mal. Weil eigentlich das Replay dann einfach auch wieder ich bin, der da hocken und irgendetwas erzählen, oder? Ja, Finchen, das ist genau das, ja. Listen! Oh, muss ich noch listen, Carnage? Ich listen. Gute Nacht. Oh, ich muss gucken. Ich muss gucken, das ging natürlich völlig unter hier. Lieber Carnage Rage, bevor du vor deinem Bildschirm verreckst, vor Müdigkeit, lass uns zusammen ausbluten. Vor Lachen, okay, möge dein Schlaf nicht elendig sein, sondern von süßen Träumen mit Mjölnir erfüllt. Gute Nacht, hey Carnage. Ich wünsche dir ganz eine gute Nacht. Schön warst du hier. Und jetzt muss ich überlegen, kam der Raid in diesem Stream rein oder war das im letzten Stream? Ich bin komplett verwirrt. Aber danke auf jeden Fall auch für deinen Support, Carnage. Und ich wünsche dir ganz eine gute Nacht und einen schönen Sonntag. Bye, bye. Direkt Level 3 für den Zweitkanal passt doch. Ja, das sind die Zusatzpunkte, die du jetzt bekommen hast. Die sind in der Regel dann direkt von 1 auf 3. Ja, die Nachricht war echt geil, muss ich auch sagen. Also das habe ich schon gelesen, Chat. Das war am letzten Donnerstag. Ja, stimmt, da hast du geradet. Stimmt. Übrigens, beim Lulu Hammertime ganz am Schluss ist noch ein Soundschnipsel dran, wo du Celine Dion singst. Ja. Ja, stimmt. Ja, das ist das ganze Video, das dir kommt. Bist du der Meinung, Finchen, dass ich das rausnehmen soll? Also, ist eine ernsthafte Frage. Ich sehe schon den Sinn, tatsächlich, dass ich es rausschneiden würde. Aber ich habe es jetzt auch nicht gemacht. Ramoa, grüezi, guten Morgen, wie geht's der Ramoa? By the way, lieber Chat, ich wechsle noch ein bisschen auf Schweizerdeutsch zurück. Wenn ihr gar nichts mehr versteht, dann sagt mir bitte Bescheid. Wenn ihr Wörter nicht versteht, dann fragt bitte einfach. Aber ich denke, wir probieren das mal noch ein bisschen mit Schweizerdeutsch. Zum Abschluss. Ramoa, hast du gut geschlafen? Da haben wir auch unsere Stühle im Raid-Foto. Ah ja, das stimmt, das war ja da. Holy shit, das war auch so ein gutes Foto, Chat. Können wir das kurz angucken? Können wir das Foto schnell anschauen? Ja, man sieht es einfach klein, ne? Wo ist es? Ah, da, die Nummer 11. Die Nummer 11. Da hat Carnage geradet im letzten Stream. Und hatte als Profilbild einfach seinen Stuhl. Und ich habe dann dasselbe gemacht und habe auch einfach meinen Stuhl da aufs Foto genommen. Sehr geil. Das war sehr nice. Es gehört auch nicht zum Lied und es ist ganz kurze Pause dazwischen, also könnte ich es sicher wegschneiden. Ja, das mache ich. Das macht Sinn. Merci fürs Feedback. Ich tue mir das gerade notieren. Erinnerung. Jetzt aber ciao. Ciao mit V, Carnage. Bye bye, tschüss. Jetzt läuft bei dir auch noch FTL. Ist es FTL Soundtrack? Ja, es stimmt. Ja, da auf dem Cover sieht man es ja. Ja, es ist halt wirklich FTL Soundtrack. Ich denke mir gerade, ist das Game noch zu? Game ist doch zu. Okay, das ist jetzt Zufall. Das ist irgendwie, was ist das für eine Playlist? Das ist so, wenn man auf Spotify einen Song wählt und dann aber wählt Songradio spielen. Das habe ich mit irgendeinem so einem Song gemacht, auch aus einem Game. Ich glaube, der Planet Coaster Soundtrack habe ich da irgendwie Songradio reingemacht. Und es ist sehr chillig, was jetzt hier auch läuft. So, Chat, wir schließen langsam ab. Wir schließen langsam aber sicher ab. Und jetzt stellt sich die Frage, wo raiden wir? Haben wir noch ein Raid-Ziel? Chat, habt ihr noch ein Raid-Ziel? Fienchen, hast du noch jemanden?
Ich schaue auch noch schnell, ob ich jemanden habe, Chat. Okay, so Nary haben wir letztes Mal geradet, wäre auch wieder live. Ich bevorzuge aber trotzdem auch da wieder ein neues Raid-Ziel. Pascal wäre sonst auch noch live mit Portal. Shiny Jessie mit Cyberpunk. Shin mit Dynasty Warriors Origins. Er hat aber gerade Pause. Ich schaue noch schnell, ich browse noch schnell da Live-Channels. Schweiz. Da bin nur ich. Okay. Indiana Jones bin nur ich. By the way, bin ich immer noch im Indiana Jones drin, merke ich gerade. Glaube es einmal. Ich wechsle schnell. Chat, ich schaue schnell, was ihr da vielleicht noch für Vorschläge habt. Mein Hund, Collie, hat draussen eine Katze gehört. Sie hat keine Ruhe gegeben, bis ich sie rausgelassen habe. Oh no, Ramon. Aber jetzt ist es gut. Kannst aber noch nicht Feierabend machen, Mino. Jetzt mache ich Feierabend. Pascal oder Shiny Jessie. Hat noch? Fischborn, was meinst du mit hat noch? Hat noch was? Hättest du noch ein Gipfeli? Aha, hier. Bitte hier. Einfach Namen reinschreiben. Meine Kamera zickt, sonst wäre ich selber an. Aber die ist wie betrunken. Die Kamera ist besoffen. Also was macht sie denn? Okay, what the fuck? Naxinto, Party Animals, Beastly, World of Warships, Gutti, Bomb Party. Oh, ich würde jetzt sagen, Party Animals würde mich am meisten noch reizen vom Content her. Ist so ein bisschen entspannt, you know? Ja gut, entspannt und nervenaufreibend zugleich, wenn man es spielt. Ich gucke kurz. Ich bin der Auserwählte. Schon bald werde ich über diesen Planeten herrschen. Werbung. Oh, Final Fantasy Rebirth Werbung. Sephiroth. Chris kennt ihn auch, okay. Die Verschmelzung der Welten, die Reunion. Ja, dann gucke ich da mal rein, wenn die Werbung vorbei ist hier. Was auch passiert. Sahne für Fischi, aber normalen Shoutout. Ui. Dankeschön. Also Assi hat vorhin nichts gebracht. Erstmal vor mir. Ja, das klingt doch gut, Chat. Das machen wir. Ja, das machen wir. Und der macht Among Us und so ein Kram. Deswegen schauen wir uns keinen Clip von ihm an, weil da Clips dabei sind. Also, Chat. Jetzt brauche ich euch aber noch kurz. Wir brauchen noch eine Raid-Message. Eine Raid-Message, die ihr mitnehmt zu dem lieben Naxinto, wenn ich das richtig ausspreche. Naxinto. Nack ist mega entspannt. Okay, es sieht auch sehr, sehr entspannt aus. Ich habe kurz reingeguckt. Und Party Animals ist sowieso, ne? Da kann man immer zugucken. Give me a raid message. Habt ihr irgendwie eine coole Idee? Ich bin gerade so null kreativ. Mino, hast du noch eine Idee? Du bist jetzt doch wieder aufgestanden, Mino. Aber ich kann gerne mal einen Vorschlag machen. Pseudonym. Jetzt lese ich es auch endlich richtig. Vorhin habe ich irgendwie gesagt Pseudonym. Pseudonym, jetzt ist angekommen.
Ja, ne, aber nicht alle haben die Raid, das Emote, ne, vom lieben Chris. Guten Morgen, wir kommen zum Frühstücksprogramm. Let's fucking go. Ü-Waffe geben. Nee, ich guck mal, was hier noch kommt. Die Eichen wurden gestreichelt. Hashtag Gameplay eventuell vorbei. Wir sind jetzt da, ihr Nasen. Ne, ich finde von den Vorschlägen, finde ich Fienchens Vorschlag ist recht nice und das kombinieren wir aber wirklich echt direkt mit dem Vorschlag von Feta-Käse. Ich glaube, das geht wunderbar auf. Chat. Also. Okay, Flügel im Bosskampf verloren, aber Herzen gewonnen. Ist das auch ein Vorschlag, Don? Ist das auch so ein Vorschlag? Mal gucken. Jetzt habe ich zweimal das Gleiche kapiert, Chat. Ich bin gerade unfähig. Moment kurz. Flügel im Bosskampf. Nein, was habe ich jetzt kopiert? Mann, ich bin unfähig. Chat, was ist los? Also, der Satz startet mit Guten Morgen, wir kommen zum Frühstücksprogramm, dann geht es weiter. Die Eicheln wurden gestreichelt, das finde ich sehr nice. Okay, ich mache da kurz, ich bastel mir da was zusammen. Die Eichen wurden gestreichelt, Komma. Flügel im Bosskampf verloren, aber Herzen gewonnen. Hashtag Gameplay vorbei, wir sind jetzt da. Okay, Chat. Ich habe da was für euch. Ich hoffe, das stimmt so grammatikalisch. So, Chat. Sieht das gut aus? Machen wir diese Version und dann machen wir aber noch eine Version mit Raid. Tomb Raid heißt es. Tomb Raid. Für die, die kein Abo haben hier, dass ihr auch was habt. So. Okay, Chat. Ich glaube, das ist doch gut. Gewonnen. Also, Chat, kopiert euch schon mal jetzt eine Raid-Nachricht, die ihr reinpastet. Entweder die für Subscribers oder die für Nicht-Subscribers. Es kommt dann nachher nochmals eine Raid-Nachricht, aber behaltet die hier in der Zwischenablage. Ne? So, und ich danke noch für den Follow von Pseudonym. Danke für den Follow. Merci vielmals für den Follow und willkommen auf meinem Channel. Nice. Okay, let's go. Dann tue ich da noch schnell schauen, dass ich den Raid starten kann. Und Fienchen, gute Nacht, liebe Fienchen. Mögen dich heute Nacht Firefly-Raumschiff Träume umhüllen, während du auf weißen Söckchen durch die Welt der Easter Eggs schwebst. Und falls du mal Probleme hast, schützt dich immer dein mächtiger Modhammer Schlafgut. Hey, Fienchen, dir auch eine gute Nacht. Schön bist du dabei gewesen. Merci fürs Moderieren. Und ich mache da Start Raid. Naxinto. Ehre. Danke für den Stream und für das nice Abschlussbattle. Allen einen geilen Sonntag gewünscht und bis demnächst. Chris, nochmals danke für deinen Raid. Und ihr habt gut gekämpft, ne? Ihr habt gut gekämpft. So, Chat, Start Raid. Let's do this. Flashbang. Da geht's hin. Ne? Pastet da bitte alle einmal die Nachricht ein. Macht euch bemerkbar. Lasst viel Liebe da. Und wenn es euch gefällt, ne, vergesst da auch nicht zu followen. Und ich tue nochmal schnell Schweizerdeutsch reden. Lieber Chat, danke vielmals für den ganzen Support heute, für die ganzen Follows, für die ganzen Raids, für die geilen Just Chatting-Themen, die wir heute hatten. Just Chattering. Ist wieder mal auch ein bisschen deep geworden und das mag ich. Ich mag es deep.
Und ich bin voll durch, Chat. Ich bin richtig durch. Und nächster Stream, nächsten Samstag, aber heute, 19 Uhr, bei Mr. Bletch. Mr. Bletch. Oh mein Gott, es ist schon zu spät. Shoutout, Mr. Bletch. Hey, liebe Chat, macht's gut. Schönes Hintertag. Sie schlafen gut. Schönen Sonntag, 19 Uhr bei Mr. Bletch. Bye, bye. Let's watch some crazy stuff, yo! Crash and get yourself a new Troy Hammer and mug from the merch store. And don't miss out on the epic warrior. Hey, wait a minute, Rick. What's going on? I mean, Don't worry about it. Let's just see where this goes. Oh my God! It's still the commercial. Link in the profile description.